started alone in your bedroom, and what did you do when you realised you were good at what you do? You went out there, out of your bedroom, out of your house, your hood, your city, and into the world. You challenged yourself and everyone in your way, and you realised some things just can't be done alone. So you joined up as a team and you pushed forward together. You dedicated your lives to this team and moved up the ranks. Would you have gotten to where you are if it wasn't for your team? You share dedication. You push yourselves to the limit. You lose together. You win together. Your mates, your brothers, your family, and together you'll become champions. We're in the French capital for a weekend of action with the world's top professional gamers. This is the opening session of the 2018 FIFA eSports Club World Cup. Hello, welcome to Paris for 2 days of competition where there is a share of $50,000 up for grabs and a place at the Global Series playoffs. Now, alongside me all weekend is Mr. Spencer Owen, also known as Spencer FC. Thank you for joining me. No problem. How much are you looking forward to this one? I can't wait, to be honest with you. I'm a big fan of this format. I'm a big fan of this kind of team mentality, which is not something you always see in FIFA eSports, so I'm very excited. Do you think they'll find it difficult to adjust to this team format? I think some of them certainly will, because of the way we're going to explain as we go on, the aggregate score works. It doesn't matter how good individual player you are, you're relying on your teammate to help you get through. Sometimes you're going to have to help them. Yeah. And I think it will suit the players that get on well and understand each other's gameplay, perhaps more than the best individual player. We're going to see it in a minute, the actual teams and who's performing here, but there's some big hitters this weekend here, aren't there? Massive hitters. Massive hitters are all vying for, the trophy, of course. The Club World Cup is a massive thing to say you can win, but also playoff spot into the next round as well on the way to the big FIFA World Cup. Here we go, let's have a little look at it then. So there are 2 groups, and if you look at some of those names, these are the groups, and within the groups there is obviously 2 players playing. Yep. Who stands out for you? Obviously you've got a dog in this race, so I know who you're going to say. Yeah, my dog's in this race, #Academy. We've also got Bromby, the reigning champions. We can't forget them, obviously, of Denmark. We've got Unilad, a couple of really strong British players in there. PSG, the home team here in Paris. Every team's got a chance. There's some unbelievable players on display. Yep, we're going to start with Group B today. And like we said, there are 16 teams, 2 players per team. 1 on Xbox and 1 on PS4. And 2 groups, as you can see there. So let's have a little look at the format then. If people are going to progress, this is how they're going to have to do it. Each team is going to play each other in the group at least once. There's going to be 7 rounds before we hit the quarterfinals, and then they progress to the quarterfinals, semi-finals, and finals. Have a little look at the group format now. Is it a difficult one to get through? Well, certainly. I mean, because you play a game on each console. If one of those games was to go really bad and you were to lose, say, 3-4, 5-0, it's not just as simple as your teammate getting the win. They've got to get the aggregate score recovered. They've got to go and win, potentially, if you've lost 5-0, they've got to go and win 6-0. It's a big ask. Doesn't matter how good you are. So you really need to keep yourself in the running by not having a big defeat at any point, and then the second game can sort of see it through. And as we mentioned before, it's not just prize money that's up for grabs. It's also a place at the Global Series playoffs, which gets you 1 step closer to the World Cup. And last year it was in London, and it was Gorilla that did it. Have a little look at this. Saw the frustration on Dito's face. A massive, massive lead for Gorilla here in the grand finals. It's got to be! And Gorilla scores! England are victorious in London. Spencer Eden, aka Gorilla, is the 2017 FIFA Interactive World Champion. There we go, Gorilla there from Unilad. So calm, so collected the whole way through that competition. How important is that temperament? Yeah, I mean, it's what Gorilla does. He's been probably the most dominant player over the last 2-3 years of FIFA, which is really hard to do because the game changes every year. Yeah, being calm is important, being composed under pressure. I think in general,
being able to cope with pressure and concentration, probably the two most important traits in a high-quality player. Gorilla's up there. He's always up there. I feel like we say this every competition that we do. Esports is growing so much, but how prestigious has this event become? I mean, I think this is massive. I mean, last year was great, but it's definitely gone up a level. This set is unbelievable. I mean, look around. The chairs have got the badges on them, and that's not cheap. That's production value for you. I like it a lot, and I'm looking forward to seeing the guys come out and sort of react to this setting. It's one of my favourites I've ever seen, I have to say. Brilliant. Should we get into it? Let's do it. All right, let's go meet the players. Okay, here we go. Time for round one. Let's get you into it with our commentators, Lee Smith and Joe Miller. Thank you very much, Laura and Spencer. And here we go, ladies and gentlemen. I am back. Joe is back. We are back. And, of course, that means it's FIFA time. Joe, we're going to be kicking things off with an absolute belter to start with. We're going to have PSG versus Mkers. Honestly, it's all fantastic. So happy to be back here. And honestly, we've got such great names. The format, obviously, a little bit different just because of the fact that this is, obviously, the E-Club World Cup. So if you look at it that way, and I talked about this with a few guys earlier, that, you know, 2 players on each team means that you've got these great storylines, maybe for some better than others, where, you know, one player could have a bit of a nightmare and his teammate has to really turn it on to actually carry them through and keep going. And there's just so many, I think, big stories to be seen today and how they really fold. The fact is that we've got PSG coming up first, which for me, obviously, they are the host city invite here. Obviously, coming from Paris, and with they have got players. two big names in there. Yeah, I mean, there's Mkers on your screen, the PS4 winner at DreamHack 2017 Winter, and he's actually up against Ice Principe, who was the 2017 winner in Madrid. As well. So both these did very well last year, but have yet to really hit their stride in 2018. Of course, you're obviously aware the game, there's a new release every year, so sometimes it adjusts to some players' strengths and others' weaknesses. And these guys, now, Mkers on your screen right there, known last year for his really slow build-up play, dominant stuff, strong defense. That doesn't quite lead into FIFA 18, though. Principe, you could say, was the more aggressive of the two, went high goal scoring aggregate scores, so it could actually favour him in this game. Absolutely, and I think you can't underestimate both what an advantage it can be to be playing technically on home soil, but then also obviously the pressure that might come along with that. On the other side, as you mentioned here, for Mkers, the fact is Ice Principe, honestly, last year was his breakout year. That's where he came out and everyone knew his name. Everyone realized, okay, this guy is incredibly strong. Not only just managing to do things well online, but also pushing through and having really great tournament results in those high-pressure environments, which is something that, you know, you'll be hoping that he can keep up with today. But Mkers a difficult opponent for him in the first round of groups. I mean, everyone here is a difficult opponent. Yeah, it's been a long qualification process for all these teams. Obviously, it's interesting to compare how certainly the club circuit has grown from 2017 to 2018. 2017, we were obviously in London for the finals, and I would say there was probably about 20 to 16 clubs. This year, I think there's been 48 clubs that have qualified. Now, when I'm saying clubs, what I mean is your Premier League, your Bundesliga, your La Liga, all of these teams are starting to pick up their own FIFA players in and around the world, and obviously that's what's happening here. You can see Paris Saint-Germain obviously being represented. They were very early adopters, actually, in the esports world. Mkers really up against it, though. I feel Principe coming into this one with the slightest advantage, but we'll see how it is. Obviously, an Italian versus a French. We'll see whether he has any Italian bias. Of course, Principe, big Roma fan, so apologies to him as a Liverpool fan. We did rob you pretty cleanly. But I wonder if he's going to have Nangolan in the midfield. I wonder, because that's like his favourite player. I wonder if it's going to work out for him. We'll see how he goes with whether he has to go with, you know, the actual tried and tested, because obviously players have differentiated. If you guys at home are wondering, and you're experts on obviously the mode we're going to be using, which is the foot mode, then I should say the cut-off for this was pre-Bundesliga Team of the Season players. So
Think of all your Premier League, your La Liga was the last cut-off. So we could potentially see some of those new players, those new cards within the game. If you don't know what I'm on about, don't worry. We'll guide you through it as we go. Yeah, and I think potentially is probably an understatement. We are going to be seeing some of those players being used in this. I think actually, just as we're seeing here, the players just skipping through lineups and what have you, that indeed some of those will be being used. But I think, you know, we've talked a lot about who's the big favourites here, and honestly, when you just look around, and obviously we're starting here with Group B first of all today, then we'll be moving over into Group A. We'll be doing the first 5 rounds of each group today. So, you know, some things could be set in stone by the end of the day. Some things may have to wait until tomorrow, where we'll do round 6 and round 7, which I'm sure in the end will be the case, just because of the level that we have here, honestly, across the board. You can see there that the second player, in this case the Xbox player, Kurt, of course, there behind Principe. They have their little seat where they can cheer on their teammates, or you know, tell them to put their ideas up between the two, because that's a German and an Italian there. So I mean, they seem obviously they're going to get on fine. They are teammates. They've been around for a while, but where as opposed to say Paris Saint-Germain, who are using like an all-French lineup effectively. Let's see how the communication works between them. Of course, they're in these beautiful pods. You can see they've got their the coach behind them as well, along with their teammates to cheer them on. It is a full team game this time around. Of course, we're going to be starting out on the PlayStation, and then coming up next will be the Xbox players, and that will be Dax, who you can see behind Monika there, and he's going to be up against Kurt on the Xbox, and that will be happening directly after this matchup. So it really is all about an aggregate scoreline, because you don't want your teammate to leave you in like a 3-0 deficit coming into the next match. You're like, cheers, buddy. Yeah. Aggregate obviously is the way that this is decided, so the combined scores over the PlayStation leg and the Xbox leg in order to figure it out. But there is Monika's team, you can see there flashing open. A couple of Team of the Season cards in there, as we may have expected. Yeah. I mean, both from Manchester. No surprises, the Ronaldos are both in there, and the Messis. Didn't actually catch who was using his account there. As I just saw. He's going to say they're almost certainly going to switch it around as soon as the game starts, change the formation, obviously lock in the chemistry, go for the switch, going for Neymar out on the left, Ronaldinho on the right, Ronaldo up front, CR7 and R9. Jiro prefer Hullet and Ramos in the middle. Desai is going to switch. Is he going to switch Desai? No, he's going to keep him in there. Using Bale at the back on the left and Kyle Walker out on the right. He's not going to make any changes. Looks like he's just going to adjust positioning where they're going to sit. So he's going for a I guess you could call it the 4-2-2-2. Well, I mean, if you want to call it, it's not a flat 4-4-2, but it's a 4-2-2-2-2. Effectively in the old money it'd be 4-4-2, but Principe looks like he's going for Pele in the middle. Is he going to adjust? What's he doing? So he's flicking between. Looks like he's got Pele in the centre. I can see, along with the Hullet and Vieira. Everybody running Hullet and Vieira. It's kind of like a standard. Actually, it's funny like how that's been the staple over 2017 and 2018. The Hullet Vieira combo. They're just the beasts in the middle. Yeah, obviously a difference this year being that both that happens on PlayStation as well as Xbox. Obviously with the icons, the icons, or legends as they were previously known, now on both consoles as well. I think yourself and I are both PlayStation now, aren't we? Absolutely. We used to be obviously PC and Xbox, but now we're both PlayStation. We both made the move with it. Clearly, it made us better players overall, or something like that. Yeah. Yeah. I'm not sure if that's an actual thing, but obviously these players getting themselves ready here. It is first game of the day, and for me, that's always a bit of a worrying one. Always one where you have to, you know. Hopefully they've had a good night's sleep, not too nervous getting into this one and getting off to a big, strong start, because these groups are 8 teams large, which means while there's then some room for error, it also means that margin for error can be small, because the fact that these groups are just so stacked. There's no real, 3 or 4 teams per group where you can say they're almost write-offs here, and a lot of these players will be simply picking up points against them. Should also mention, by the way, that other games in this group are going on at the same time. So we'll try and keep you up to date there. Just to kind of give you an overview,
Envy versus Bochum is in the other game. Falcons versus Cholos. Brøndby against Lightning Pandas. Brøndby, of course, the reigning champions of the Club World Cup. Yeah, although different player this year, so we'll see how that transfers. What a final we had last year. So things starting off early. It's looking like a very good start already. Manika trying to set things up in the, obviously, the Paris Saint-Germain strip, which is the dark blue, and the bright orange colours of Principe here for Mkers. So he tries to set things up. Good recycle of the ball here. Bullet trying to feed it through, going to lose it out there, so Principe will just regain possession. As you mentioned, games going on all around the grounds. Wonderful, wonderful studio setup here, by the way. We have these giant screens behind every team player. You can see that obviously they're forward-facing cameras here. We can see them, but off to the side of them is just a giant screen showing the match. So everybody that's here in the studio gets a full view of it. Certainly a very nice setup for the players and the environment in general. But this is a great little push through straight away. That's going to be surely a setup. Oh, the keeper gets a foot to it somehow, and Manika blushes, saved early on. You never want to let that first goal in. Yeah, dangerous. And I'm going to try and keep you updated on other games that are going on at the same time. As I mentioned, Envy versus Bochum, all German game on the PlayStation there. Eisvogel against Danny Fink, 1-0 to Eisvogel from the start of that one. As we see, a push here coming through actually, and Manika not quite able to get a clean shot off to it. You can see at the top of the screen as well, we'll be flashing in those score updates as well in order to keep you updated on what's going on those games that are happening at the same time. Yeah, so it was a very early goal actually from Envious. I saw it up there, or Envy I should say. Sorry Hastro, get your name right now. You've obviously gone for the rebranding. But here we go, it's a decent attack once again from Principe. He's going to set it up, surely taps it in, and the keeper pulls off another big leg save. That was not really off his body, that was just a straight leg thrown out at it last minute there. So big save once again. Manika's blushes continue to be saved. So Principe trying to really get the aggression on. This is what he was known for in 2017. Hasn't had the success throughout 2018 that he felt earlier on. Still actually hasn't qualified either for the FUT Champions next weekend, which is going to be playing out in Amsterdam. So both these players obviously looking towards that as well. So everything on the line here as the clubs try and set up, and that's a good defensive work there. Where's he going to go with it? Maldini clears his lines in the end. Keeper wondering if he was going to need to play a role in that one, I think. In the end, though, cleared away nicely by Manika. So a lively start to this one. Nothing gone in, of course, just yet. But something tells me these two players are, you know, no slouches when it comes to banging them in. So Manika is looking for a bit of space. And use this left side with Messi. And, of course, Marcelo. That's a bad pass, though. Going to be cut out by Ronaldinho, and a chance here now for Principe to have a bit of a break. Does the turn? Oh, it's offside. He wanted to play it down the left, you could see, but it was we just ran offside. Went a little too far with the sprint. Sent his player running. Didn't quite work out for him, though. Pele hasn't been as pivotal in the middle, has he really yet? Hasn't been so dominant. I think the Hullet-Vieira combo has kind of been sneaking it off him every single time. There we go, down the left wing now. Marcelo tries to lay it down. Messi trying to cut in. Cheers in the studio as more goals continue to fly, but here it still remains goalless. 30 minutes gone. That relates to, of course, 12 minutes across the both halves, 6 minutes each half in real time. Of course, relates to the 90 minutes. This is looking like a really good setup here, though. Can he get the setup? Manika! Oh, again, another leg save. Looked like it was offside as well, but that's 3 leg saves we've had from the keepers so far. Yeah, De Gea there, this time getting down and somehow keeping it out as, well, basically is the story of De Gea, right? Somehow manages to get a hold of it. There's another goal gone in, as you can see up the top. Lightning Pandas falling 1-0 behind against Brøndby. That is an all-Danish affair there, of course. Fredberg from Brøndby, 1-0 up against Nilla. Teammate, of course, of Sean Allen, Dragon. As we see a push here for Manika. Got a bit of space on that top side. Pele having to turn, and, well, with the turn, Bale got in there behind him. Of course, he's playing with that FUT birthday Bale at left back as well, which I think we're going to be seeing a lot of today. Yeah, I think so as well. I've been trying to get a glimpse around the teams to see how it's working out there. Falcons! Looks like they've got a goal. Probably one of the favourites, I would say, here at the tournament. Certainly looking between them. That's Dossari, of course, the champion
of Manchester. And what a dominant champion he was there. Certainly putting the Falcons up there alongside Royal as one of the favourites, certainly for this club championships. So Ronaldinho, ooh, that's brought down from behind by Vieira. Yeah, I was going to say he's going to get dragged back. So a set play from their own halfway line. Not going to try and launch it in there, of course. Trying to work it down the left wing. Can't quite get an angle of it though. Bromby now 2-0 up. That's a really good start for Bromby at the moment. Remember, it is all about the aggregate. This is looking like a chance, but he's shuffled off the ball at the last there, blocked out by the defender, and Manika clears his lines again. Yeah, Emes Tassari has also gone 2-0 up there against Rain from Cholos, so going well for the Falcons at the start. Again, Principe looking to squeeze it past the last man. Was edged out though. Now possible chance to break. Still 4 men in that defensive line though for Principe. It's R9 threading it through to CR7. Can he turn? He will turn. Turns back in again, and I think it was Hullet there that just slid in at the last second and stopped him getting that shot off. Yeah, that was very tight. Really nice drag back as well. Almost made it work there. Pele lays it back to Carl Walker. Pele looking in towards the middle. He's got players lining up for him. He's going to try and recycle it back through. Looking for that clear pass in. He does manage to find it into Cristiano. Trying to lay it up there. Ends up with a fresh air shot as the defender takes the ball off him, but it's not clear yet as Manika continues to try and pile forward. Gets it across. Vieira looks towards Ronaldo. Can't get it across. And CR7, no look for him, unfortunately. And that is going to be half time here. Still 0-0 in this big matchup. And remember, you know, while obviously we're talking about it's a scoreless game right now, that actually is advantageous, I guess, for both teams, because obviously it's going to be carrying through. The aggregate scoreline will continue. We've still got to go another 45 minutes here of this matchup. But looking around the studio, of course, lots of teams in action here. You can see the envious guys lining up there. Here's Mkers. This is, of course, the highlights from this current matchup, but there's been lots of goals around the grounds. Yeah, Icevogel there going 1-0 up against Danny Fink. Good little start for him. Not much time on the clock in that one after he's put his first one away. De Gea stretching out, not able to get it. However, didn't stay like that. Danny from Bochum was able to turn it around. A great bit of link-up play between the two Ronaldos puts it to 1-1 at the half-time. Yeah, lots of goals as well in other games. We heard that Mr. Dosari, of course, was smashing them in. Here's going to be Fredberg versus Nilla. This was earlier on as well. This is all happening at the same time, remember, guys, so trying to give you the highlights as much as we can there. Fredberg getting himself that early goal for Bromby. Yeah, great little start for Bromby. As I said before, reigning champions of the E-Club World Cup, and, well, he's got himself a penalty as well. There's sliding from Marcelo. CR7 steps up. Ooh, and he missed it. Oh, missed it on the first try, but rebound falls to him. Gave it the Grobbelaar as well. Gave it the Grobbelaar. Not quite ideal for him there. But here's the scores then at half-time. Falcons 2-0 up against Cholos, as are Bromby over Lightning Pandas. Of course, in our featured game between Mkers and PSG, still 0-0, and Envy Bochum with Icevogel and Danny Fink at 1 apiece. So a couple of clear games so far, and a couple that aren't quite so clear. And we're going to dive straight back into it, just because of the fact that they've just kicked off. And funnily enough, it looks like someone has taken the lead already. Really? Did we just miss it while we were looking? The irony to look around the grounds. Absolutely. To see, to miss a goal. We were getting the goal highlights, and one goes in. Let's get the game on your screen. It is Principe getting himself that early goal, it seems, in the start of the second half. We join the game as it's underway. So Principe getting 1 up for MKS against Paris Saint-Germain. The goal will be coming up in just a moment. We'll keep a highlight, but there's a free kick chance here as Ronaldo tries to lay it off. Messi back to Maldini, the big centre-back coming forward, the veteran, the icon. Pele back again, recycling it out to Hullet. Pele once again just onside. It's a Hullet on Hullet. It's getting some hot, hairy action going on in the midfield, but it's been cleared by Principe. Yeah, nice clearance, and Walker, he is going to send Son. I believe that's a half-time change there for Principe, and he is going to get a lot of space to work with. Where does he go? Cuts inside, tries to feed it in, but De Gea off his line quickly. This is not FIFA 16. You can't do those cutbacks.
FIFA 16, of course, the predominant no for those cutbacks, and 17 as well to an extent, I guess you could say. But here we go. It's CR7 through to Pele. That's a good through ball, but the keeper quick off his line. De Gea will get a hold of it. Let's have a look at the goal that started earlier on. Of course, it was Principe in the orange on the attack here. Straight out, R9 smashes it in. Ronaldo to Ronaldo, and well, that is the lead for Principe and for Mkers as well. Principe now, you know, this is a question that comes in. We've talked about it before in two-legged games. I suppose you have to take a slightly different consideration, because you have to weigh up your weaknesses, your teammates' strengths and weaknesses against their opponent, and say, okay, I think I need 2-3 goals going into this one with a lead for us to really have a good chance in this one, as the ball bounces around there dangerously on the edge of the box. But again, De Gea, who we're going to be seeing a lot of today, no surprise there, manages to collect things up. We will see a pause coming in just a second for Principe, so looking like some more changes at the 70-minute mark. That's if the ball goes out of play. 1-0. If the ball goes out of play. Doesn't look like Manika wants to allow it. He's on the attack. He's going to try and maybe punish whatever's going on, and Principe wants to make a change of the players. This is looking like a good setup here, though. CR7 loses out, though. And Ferdinand will get it back. So we're going to have a quick change here from Principe. I did see another goal for MS Dasari for Falcons. They are looking really good right now. 3-0 up there. The champion from Manchester has been on dominant form throughout FIFA 18. Yeah, not the only goal that's happened as well. Envy are 3-1 up against Bochum. So Icevogel picking up a 3-1 lead here. And obviously we're getting into later stages of some of these games. So opening point going to be going on the board here very, very shortly. Did I see Mane being brought on here? I was looking at the other screens, actually. I've got to be honest. There was so much going on. I was Sané. Okay, I've got my glasses on today, but these screens are still a little bit far away. It was Sané, not Mane. Okay. Sané, not Mane. Well, still 4 letters. I guess just 1 letter difference, that's all. But Sané makes more sense, right? He's big. He's very, very fast. Very agile player. You bombing down that left wing. Let's see if he gets pulled into action. There's Thierry Henry coming on for Principe, shuffling those feet. Doesn't really know where he's going, and unfortunately neither did his own teammates, because he's lost the ball. Luis Suarez down to Neymar, lays it off as Manika tries to make something work out here. Still just a 1-0 deficit. Not too bad an aggregate scoreline for the second game, which of course will be Dax in just a moment, who's playing for Paris Saint-Germain, and he's going to be up against obviously the man for Mkers, which will be Kurt, the world-renowned Kurt, as it is these days. Is very vocal with his Twitter feed. And you know what? Love it or hate it, it brings a lot of personality to his game, and I think that's only a great thing when you're missing the likes of the Bullock. Yes, absolutely. I think that personality brings a lot to the scene as a whole, and obviously a lot of entertainment as well if things go our way. Let's put it that way. As we see Sané here just being brought on, of course, for Principe. Only 8 minutes or even 7 minutes left in this game plus stoppage, so not a lot of time for the Frenchman here playing on home soil for PSG to bounce back in this game. Something needs to work for him, and it needs to work quickly. Walker there will send off Neymar. So the build-up play is pretty good, but where's his next option? It's a nice little through ball in towards Suarez. He has a shot there. Walker sliding and sending it back in the direction it came from. And in the end, it pings around, and he's going to get a corner here with 86 minutes gone. Could this be a chance for him? We're going to watch that one again. I mean, it's just this stage of the game. You wouldn't ordinarily see the players going for those sort of shots, but he's got to that point where he's just like, I've got to start hitting it. Just try and hope that the goalkeeper makes some sort of mistakes, but he's been on his ball. Remember, he had some really good chances early on. Vieira tries to lay it back, but it's cleared once again by Principe. Sonaldo making that run, and he's got bags of pace, but he's just been barged off it by Sergio Ramos there. Manika. I think it's not a shock to see a low-scoring game between these two. Manika is very much a drag the game down sort of player. He's like slows it down, slows that play down, but he's just unable to get himself his own goal at the moment. Principe had that one big attack. He did have a couple of decent attacks in the first half as well. You remember
Principe, sorry. So no surprise that the chances have gone his way. But Mkers, in the last second, the last dying moments of the game, he gets himself the equaliser. Lionel Messi in the Paris Saint-Germain colours. Could that be a future omen? Who knows? But he manages to make it 1-1 and pull the aggregate scoreline all square. And it was not the cleanest there, to be honest. We saw Ramos sliding in at the back and somehow Messi getting in front of him. Well, he took his chance, let's put it that way. Something which, you know, he's going to be renowned for, no doubt about that one. But that's going to be a bit of heartache. There's no doubt about that for Principe. 1-0 up into literally the last kick of the game, it seems. And Mkers rescuing that draw. For you football fans out there, which I assume probably 99.999% of you are. No away goal system here. It's a pure aggregate score, just in case you were wondering about that one. But a great victory, a great comeback, I guess we can call it, for Mkers there. Very last dying moments of the game. Principe going to be hard hit by that, but there's still time to bounce back. Yeah, fantastic stuff. Let's get over across the stage. You can see, of course, Principe and Dax just hanging on there. So let's get over to Laura. All right, there we go. That's it for the first round, the first leg. And just a quick confirmation of the scores around the arena. You can see there we just were on it. Mkers 1-1 with a late goal for PSG and Mkers there. Team MB 3-2 over Bochum. Falcon Sport 3-0 over Cholos. And Bromby with a 2-1 win over Lightning Pandas. But there is a second leg for the first round. Join us after the break. We're live for the FIFA E-Club World Cup from Paris. Welcome back to the FIFA E-Club World Cup. We are live from the French capital. We've just had round one and the first leg, so we're not even that far into it, and already it's been quite exciting, Spencer, hasn't it? Well, we've seen both sides of it already. We've seen that first game we watched on stream there, 1-0 after the first leg, perfectly poised for a second leg, all to play for. Yeah. Equally, we've seen a 3-0 win in the first leg, which gives a lot of work for your partner to do. So this is exactly what we're here for. Well, it was 1-1 between Mkers and PSG. Let's have a little look at the first goal. Just talk us through this one. Yeah, this is nice. Obviously in the red here, you've got Principe. It's a very nice touch first there from Ronaldo. Gets the ball on his favoured foot, but he's got 5-star weak foot. It doesn't matter what foot you put it on. That's the best thing about him. Great finish. So he went 1-0 up at this point. Quite late into the game, you can see here, in added time, PSG get back into it. Nice finish, composed. Mkers getting himself a goal, and it's now going to go over to his partner Dax to see if PSG can get the win on home turf, or will it be the guys from Mkers? Well, you said it earlier on, this is where it starts to get interesting, doesn't it? Because the fate isn't in your hands, it's over to your teammate to do all the work. It really is, and people watching at home may be quite interested to know the next player for Mkers is Kurt, okay? Don't know how much you know about Kurt, Laura, do you remember? I've heard a little bit about Kurt, him, yeah. He's a personality, all right? He's not going to go quietly. Who knows what's going to happen here, because you obviously, I'm sure the French guys watching are going to be rooting for the PSG boys. Yeah. Dax, popular player, come in for Rocky, who unfortunately wasn't able to play in the end, but a very good player. Dax needs that playoff spot. Actually, no, he's got a playoff spot. Yeah. It was actually Rocky that needed one. But Kurt, these guys are all good players. A lot of the players here have already secured playoff spots. That shows how good the quality is. But I don't know who's going to win this one. You really can't call it. We've already heard it from around the arena that emotions are high. Yeah. And that's exciting for us. But these guys, how much pressure will they be feeling? It's only the first round. They've got a way to go yet. Well, some of the other tournaments we've seen this year doesn't have the same
necessarily the same pressure because everyone here is playing for a club. Everyone here is either playing for a real-life football team or an esports organisation. They're going to be most likely getting paid. You know, that adds pressure straight away. You've got expectation depending on what your club have asked you to achieve. So I'd say this is, one of the more high-pressure environments you're going to see in a FIFA competition this year. Okay, let's have a little look at some goals from around the arena. This one's from Bromby. Yeah, we've got to talk about Bromby, obviously, the current champions. Could they do the double? Unprecedented in the E-Club World Cup, because this is the second one. And it's a good little finish there. And Bromby have got a very strong team. Now, we should talk about the fact that Marcus Jorgensen, who won it for them last year, isn't here. They've got a new team now, but it's Fredberg and FIFA-Ulsten, who are two very strong Danish players. Penalty here given away by Anila of the Lightning Pandas. Well, I know you're a fan of the name. I just love that name. Fan of the name. But unfortunately, 2-0 down to the Lightning Pandas here through Bromby, of course. But Lightning Pandas do get one back with Nilla. And it's a nice little goal here. Makes his way through. Perhaps a little bit lucky to get past the defenders, but good skill in the box. Composed. Fantastic finish across the keeper. Coming up next for Lightning Pandas is that man, Sean Allen, a.k.a. Dragon, who we've obviously seen do some... Seen a lot of him. We've seen it in some big competitions before. We've seen him be really unlucky in tournaments before as well. Is this his moment against FIFA-Ulsten? We'll see. Just if you have just joined us, it's a little roundup of the scores that we've seen so far from Group B in round one. Of course, the first leg. It was Mkers with 1-1 there. PSG with that late goal on 90 minutes plus. Team Envy 3-2 over Bochum. Falcons with a 3-0 win over Cholos. And Bromby with a 2-1 win over my favoured team, Lightning Pandas. I mean, I'm not saying that officially your favourites now. I've just made them favourites, actually, just because of the name, because I enjoy it so much. When you have a little look around at the names and the teams that are being represented here at this E-Club World Cup, it's quite phenomenal, isn't it, if I can get my words out, the talent that's coming in here. It's amazing. It's amazing to see it. And I personally am a massive fan. Should we go for a little walk? Should we have a walk? All right. Okay. I'm a massive fan of the fact that you've got clubs and esports organisations on the same sort of pedestal now with a chance to prove themselves. I think the Falcons are the guys that everyone's going to be talking about right now. A really strong team from Saudi Arabia, 3-0 up in that first leg. Are they the favourites? I think that most people would agree they are right now. We're going to come to this console over here and try and speak quite quietly, because this is Mkers, and we mentioned this man a minute ago. What can we expect to see from him? Fireworks, drama. Whether we interview him, I don't know. But is he getting on camera now? This is Kurt. Surely guys. We can't shy away from an interview. This is Kurt. I mean, you never know what's going to happen with Kurt. He's a very good player. There's no denying that. The self-proclaimed best player in the world, yet to win the competition. I think, Kurt, is that true? I didn't realise they can hear us listen, talking about it's time for him to make the world listen. Can he go win a tournament? Can he play in a team with Principe? Can he form a partnership here? It's all on him because it was a draw in that first leg. Kurt, over to you, mate. Prove yourself. All right, well, we will find out all after this quick break. The second leg of the first round coming from the eSports Club World Cup in Paris. Got an idea? Hello, welcome back to the FIFA E-Club World Cup. We are live from Paris. If you're just joining us, you've missed the first leg of the first round, but don't worry because we've got the second leg coming for you right now. And the game that we're going to is Mkers versus PSG. It's 1-1 in the first round. Let's join our commentary team, Richard and Brandon. It's, you know what? I feel a bit younger. Well. I feel a
bit younger. Richard Brannaby. Actually, we've aged terribly. I got that the wrong way around. It's still us right now. They'll be on in a minute, guys. Don't worry, calm down. Richard and Brannaby on the next game, but we're gonna be sticking with it for this match. We're gonna stick with obviously Mkers versus Paris Saint-Germain as well. 1-1 in the first game, and now we're moving over, as we just saw Spencer giving a bit of banter to Kurt there, the self-proclaimed best player in FIFA, yet to win anything. Listen, if you're going to call yourself the best at anything, you at some point, right, you're going to have to prove it. You're going to be called upon proving that statement. And this would be a good place to start, I think, for Kurt. As you mentioned, man from Malta. He's called himself the best. I said before that, honestly, I love this kind of personality that Kurt has. You know, bring in real emotion, sometimes very raw emotion, I think it's fair to say. He'll be going up against Dax, who, as you may have noticed before, of course, Rocky was supposed to be here, but unfortunately for him, some things basically got in the way on his personal side. So Dax is here, of course, regular for the PSG outfit, and gets a chance to show what he's got here in Paris. Yeah, he's represented Paris Saint-Germain for the last 2 years, so who better to stand in than Dax himself, the former ESWC champion. Kurt got a bit of pressure on him. 1-1 all square. His teammate Principe was leading for the majority of the game. It wasn't just till that last second equaliser, but this is a quick fire starter potentially from Kurt there, trying to get himself a quick through ball. Again, if you're just unsure, Paris Saint-Germain, of course, playing in their standard dark blue. And I don't actually know what the red colour's called. I'm sure it's got a colour name, but either way, it is going to be Paris Saint-Germain on the defence, but Dax playing from right to left. Yeah, I wonder, obviously he wasn't meant to be playing in this tournament. I wonder how that means he's prepared, whether he's been spending a lot of time training or what, you know. You've got to assume he would have been now as well. He would have been like a training partner anyway for Rocky. Absolutely. I would assume there would have been training partners coming into this one, so they're pretty. You've got to assume it's pretty hot right now, especially with the season going on in FIFA 18. Absolutely. There's not much of a break here, of course, before Amsterdam, so you can imagine that everyone's in top form, regardless of whether they were supposed to be playing here or not. Here's Kante, edge of the box, and there was a lot of space there, actually. It's Pele, though, in the end. Here we'll get down to it, and it's cleared by Kurt. Good pressure from Dax here. I mean, that ricochet rebound could have gone anywhere. To see exactly where it was going to bounce off. No players, unfortunately, for Dax following up. Going to get his players lined up a little bit better here. You can see he's got two stuck in the corner at the moment, trying to find a bit of space, but it's easy in the end for Kurt to defend, but he's got to try and work it. Struggling to get the ball out of his own half at the moment. He tries to work it down the top side of the pitch. He works it across the halfway line, but no, runs into a brick wall that is Pele. Ordinarily you'd be thinking that'd be Hullet or Vieira. No, Pele slams him down. Fantastic job of it as well. Possession back with Dax. Almost 15 minutes gone in this game. And obviously that close first leg, one apiece, that one ended, will be settled in some fashion in this game as well. We will be keeping you updated as in the first leg of goals going in other games, and I can tell you that Brøndby have, I believe, just conceded early on in their game, but we'll keep you informed of that one. It's obviously FIFA-WM against Dragon in that second leg in that match. I'll keep you up to date. It was Dragon, I can see now, that actually scored to go 1-0 up in that one. This one, though, we have Dax on the edge of the box with Pele having to work it back, though. Space not at a premium there for him at the front. Yeah, that's equalised in terms of aggregate as well. You can see 2-2 now with Brøndby. So that little goal that Lightning Pandas nicked back in that first PlayStation game has worked out well with Sean Allen stepping in, a.k.a. Dragon, for the Lightning Pandas. But here on the main game we're watching right now, it is very much Dax in control. He's been dominating this matchup, but unable to really find a clear goal-scoring chance. He tries to line things back up, recycles the ball with Kante, looks for a nice through ball to Messi there, really loses his marker well. CR7 looks across, going to try and get himself a shot to the line. That was R9 taking the pot shot there. Didn't work out for him though. Now a counter-attack chance here. Not really clear outgoing though for Mkers as they try and push forward. Mkers in the red. Kurt
trying to get something going here. Of course, doesn't matter how much possession you have if you don't make any use of it, and that's what's possibly working out here. What a goal from the outside of the box from R9, curls it round into the top corner. Kurt scores an absolute blinder. Yeah, just looping it over the top there. We're going to watch that one again, and it was beautifully done. Keeper, I think, didn't really make the effort to get up into that top corner there. It was a little bit more central height. It does, of course, now mean that Mkers are 2-1 up after that 1-1 first leg that was played earlier on. Meaning now Daxa, coming in at the last minute to replace Rocky, has got a big job on his hands if PSG are to get anything from this first group tie. And what a turnaround, right? Because that was all Dax. 20 minutes, Dax, 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 attack, attack, attack. Quick counter, comes out. One little mistake, and Kurt absolutely punishes. Feels like similar to how Monika played as well, actually, against Principe. Had the lion's share of possession, but couldn't really get the goals until the last second of the game. Marcelo for Dax, trying to push it towards it. Back to Kante, back and forward it goes. Good through ball, finds Ronaldo to Ronaldo. CR7 and R9 both linking up in the box. Oh, it's a mistake here. Kante gets it. CR7 tries to do a similar type of shot, curl it round. Couldn't quite get the curve on the body of the ball. And he goes straight to the keeper in the end. De Gea makes an easy save. Yeah, got to try though. And other games going on, as I said, scores will keep coming in. Kurt just nipping in front of the defender there with Ronaldo, and it was almost in, just sliding shy of the post, and that would have been disastrous for Dax as we get closer to that half-time point. 36 minutes gone. It is 2-1 in aggregate, of course 1-0 in this game. In the other games, I can tell you, Aero 1-0 up for Envy against Megabit from Bullham, so that's 4-2 on aggregate. No score in the Royal versus Barry in the Cholos game, and there it is, the second one, and again it's Ronaldo, R9 on the left foot, we'll just put it into that bottom corner, and that maybe is just enough here to seal the deal. Kurt certainly seems to be on the ball, as it were, when he gets a chance in front of goal with R9. Gets himself another, so that's the 3-1 on aggregate now for the Mkers. Scores, as you were mentioned to, you alluded to, actually, Bromby now 4-2 up on aggregate, so Dragon had pulled it back to 2-2 all square, but bam, 2 quick goals for Bromby there, so they're looking very good at the moment. Uston getting himself 2 goals back, but here in this main game, Dax has got his work cut out here. Maybe a corner, didn't see who that flicked off, it looked like it came off it. No, going to go straight for a goal kick to here, and Kurt just trying to keep that possession in this first half. It's really, I got to say, punishing for Dax, I feel, with just the way the game has played out. Surely a chance on the gain. The rebound does not go his way, and it gets cleared and gained. And that was a counter-attack chance here for Kurt. Oh my word, he just poleaxed him in the middle, but it doesn't matter. It's not given. He continues. The advantage played on, and the ref very lenient here, right? I think it's safe to say. Well, he took the ball, so I don't know what your problem is. And the player with him through that one as well. But nothing given. We are going to hit half-time. And as you mentioned, 2-0 means a 3-1 aggregate for Mkers. Will that be enough, though? With still 45 minutes to be played. And possible last-ditch chance here for Daxa. But as that is cleared, I think this is going to be all she wrote. Yes, indeed. So that is a 2-0 half-time lead for Kurt. See their shots. 4, actually, for Daxa. More than Kurt had, but, well, the stats don't lie in this case. Kurt certainly making the most of it. And for the first 20 minutes of that game, there was just nothing from Kurt, and then he just gets that one chance, bam, curls it in, and then just puts Dax on the back foot, if I'm honest. Certainly turns things around. We're going to be getting back underway here for the second half. Another goal just snuck in, actually, I think, from Dragon, so yeah, he's pulled it 2-2 in the game, and of course that's 4-3 on aggregate, I believe, still to Bromby, so still a bit of work to do for the Lightning Pandas in that matchup. Here, of course, it is the Mkers. They are leading 3-1 over the host club team at Paris Saint-Germain here in, obviously, the sunny city of Paris. It's great to be back here. We were here last year, of course, with FIFA 17. It's great to be back in this wonderful European city with FIFA 18. Yeah, just some more score updates as well. The Royal gone 1-0 up in his tie, so Falcons leading 4-0 on aggregate versus Cholos. That's
likely over, I think we can safely say at this point. Envy versus Bochum is also 2-0 for Aero over Megabit. So that one sat at 5-2 on aggregate, a similar scenario. And of course here our featured matchup. 2-0 for Kurt, 3-1 on aggregate for Mkers. Let's see what Daxa can do as we get underway here in this second half with a lot of work to do. A lot of work. It's got to make all this possession that he's been having, and those shots, as you mentioned, he's had 4 shots, 4 on target as well. Unfortunately, none of the rebounds. There's been a couple of rebounds for Dax, just not going his way. Pele going to try and set something up here. R9 just gone offside. Had to try and lay it back. Vieira finds him, tries to drag it back once again, trying to make some sort of position, recycles it through, back to Kante again, can go out wide, is going to find him, goes out to Messi, Messi looking for someone in the middle, it's Kante that's actually there, now R9's back on side, but he can't now get the ball through. Really nice defensive work there from Kurt, not over, what's the word I'm after, Joe? What's the word I'm after? Not going too aggressive, not trying to push his players out. Not overcommitted. There you go. There's the word I was looking for. Exactly. And Dax is snuck it in. He'd been looking and he'd been working the angles for so long to try and get that goal. And finally, R9 gets himself on. It's all R9 that scored every single goal so far. But Dax is back in it, 3-2 on aggregate. Yeah, turning on the spot there as well. I mean, he's a little bit lucky that it even got to in the first place. But, well, the keeper not quite got the reactions for that one. Is Kurt going to let this lead slip? Daxa bringing it back as Aero has taken lead 3-0 over Megabit. So Envy safely going to have 3 points on the board from this first tie in the group stage. The question is, how does this one end up finishing? And how's the pressure on Kurt right now? How much does this affect him? Dax here, sloppy pass. Jordi Alba playing in that left back position here. Before Kurt gets in the way of it. Now a chance for Kurt to maybe have some possession, settle some nerves. See if he can reinstate that 2-goal lead. And he surely will, he will. It's Ronaldo that gets in there. Ton of space he had as well. And, well, if there were any nerves there for Kurt, he's not really shown them in that build-up play. Nicely done. Just as Dax thought he may be having a shot coming back into this one, that may just be wiped away from him. Hat-trick for R9, I believe there. Yeah, that was a clean break. As soon as you see some space like that, a top player at these levels is generally not going to miss that. 9 out of 10, they will put him in the back of the net, and that's exactly what happened. Kurt, dominant stuff from him. He is sitting comfortably. It's all down to Dax to try and figure out what he can do, to what he can adjust, just take himself a moment. Try and shuffle those tactics a little bit. You can see Kurt just taking a glimpse exactly to see what Dax is doing, seeing if there's any changes he needs to make of his strategy. It doesn't seem like that way, tactic-wise. He seems pretty happy. I mean, you look at Dax's goal, it was a hard-worked, methodical goal. You look at Kurt's there, quick counter-attacking, straight through. But I mean, look at this. The space he finds is just, he just steps away from the defender, tries to cut out, easy in the end there. So Kurt, dominant stuff. R9, hat-trick for him now. And it's 4-2 on aggregate for the Makers. Bit of a score update from you from around the grounds, as it were. Royal 2-0 up in his game, so that's 5-0 on aggregate for Falcons over Cholos. Aero's 4-1 up now, so 7-3 in the Envy versus Bochum game. And Brombeat Lightning Pandas is 4-4. Dragon has taken lead 3-2, and I was actually just watching the screen a moment ago, missed an open net to have taken the lead for him and his team in that one. So as we get back to this one, a chance for Daxter to get in. He will knock it around inside of the box, and he does get one back. He's now 3-2, and the chance is still there to rescue points from this game. Good work from Dax there. He had a chance. You look at this. It cuts across. Actually, we didn't catch a glimpse of it there, but there was a player in front of it before CR7 got his foot on it. Could have took another shot, and probably wasn't a 100% chance gets CR7 easy in the end for the goal. So 4-3, not over just yet. Still plenty of time to play with here between these two teams. Paris Saint-Germain under pressure. The home host club here with 20 minutes to play for. Kurt trying to look to get around. I can see there's an injury, I believe, in the
in the other game. So you don't get injuries too often in this, but this is looking good. Kurt's going to try and swing it. Oh my word, threw a foot at it. De Gea gets a stinging hand to it and just about keeps it out of the net. Suarez now on the attack for Dax. Yeah, that Ronaldo turn and hit it has been working wonders already today. Almost getting himself another one. The exact same move, albeit from a little further out. And there, Kurt. Now 73 minutes gone. 15 minutes in game for Dax to level this one up. Can he pull it off with this attack? Build up so far is good. Got a good number of players. Oh God, the ref's done him. The ref has absolutely done him there. Completely told him a kipper. Blocked him out there. Not going to be happy with that one. And of course the ball goes back to Kurt, and he's just looking to keep possession here. He's going to play it down the right wing. Sonaldo, good ball forward. Plays it back. Sonaldo looking towards the middle. Look at the space. Look at the space that's available. Plays it into Messi. He might just try and take a shot here. He gets the rebound! And it goes straight back to him. And Messi leathers it into the bottom right-hand corner. And it's 4-2, and that makes it 5-3 on aggregate. Yeah, I mean, to take nothing away here from Kurt, but let's be honest, a lot of luck going into this goal. First of all, referee getting in the way of Dax's build-up play, which gave Kurt possession, and then that rebound falling right at the feet of Messi for a second opportunity. Doesn't matter to him, though. He'll take everyone that's laid up for him like that. It's 4-2 now in this game. Of course, that means a 5-3 lead in the overall aggregate. I can hear cheers and there's a big goal. Cheers around. It's Dragon. It's Dragon who's gone 4-2 up, which actually puts Lightning Pandas 5-4 on aggregate up in that game. So may have just snatched it there. The Envy game is looking like it's over at 7-4 on aggregate, if I can speak. And 6-0 for the Falcons over Cholos. So 3-0 for the Royal in that second game. In the end, things you may want to say going to plan from this first one, but we'll see how that all starts to build up. Of course, you've got a long day full of matches here as Kurt once again on the push. It's Ronaldo to shoot, and again it falls about as kindly as it could have from one Ronaldo to the next. And Kurt is going to take another one here and a simple tap in. He doesn't miss ones like that, and that is now 5-3. I feel like this is how I am when I'm playing against the opposition, you know, as in I'm Dax, and now I'm getting leathered by the opposition right now. Because Kurt, when I see he's passing around, it is so crisp and clean, and it's straight into through ball positions. And for some reason, you know, Dax just his defenders, whatever his positioning, it just seems there's so much space for Kurt. When you see Dax on the attack right now, it's just running into player after player, and it's all close. Compact stuff, whereas Kurt gets the ball, switches the play, look at that, instantly switches the wings, plays it down, big, long, spread passes, and it just seems to open so much space for him. I feel like you're building him up there. I build him up, he's 5-2 up. I mean, what do I need to build up? There's nothing to build, he's 5-2 up. Absolutely. 6-3 on aggregate. I mean, this is a dominant performance from Kurt. You know, we obviously talked about how he self-confessed one of the best players in FIFA, and why not? You know, he's at the top level. He is the best, the best. Yeah, I mean, why not? He's been obviously banging on about this for the last year, so it didn't quite work out from last year, but we'll see this year. And you've got to have that self-confidence, right? I mean, you're at this top level. You've got to have that self-confidence in there to try and carry you well through it. But there we go. It is going to be the Mkers taking it 6-3 on aggregate. Kurt taking a 5-2 victory over Dax in the end there. A solid performance from him, especially when you look towards the first half. It was looking so compact and nice from Dax. Just didn't work out for him, though. Kurt really dominant with his goal scoring. Obviously, there has been games all around, and you can see the scores have been coming in. Envy now 7-5 up as Aero 4-3, so Megabit made a really good comeback there. Yeah, I mean, in the end, those goals could make a difference when it's a big group with 8 teams in it. That could happen. Falcons 7-0, the Royal 4-0, MS Tasari 3-0. Job done for those boys at the start. Obviously, the real thriller there was this Lightning Pandas versus Bromby game. The comeback. Dragon, in the end, winning out 5-2 in his game. That was after 1-0 leading, then going behind 2-1, and then pulling it all the way back to 5-2. So great performance from Dragon, and of course that just means that this group completely open. But Falcons, who I think a lot of people were looking at and thinking
They are possibly the big favourites in this one. They've had the start that they were looking for. It's a big, big win over Cholos. Yeah, not conceding 7-0. That's incredible stuff. Amazing, amazing stuff. So they are certainly the dominating force so far. Let's get over to Laura in a moment, because what a start to this FIFA E World Cup. All right, there you have it. That is Group B. Some of those fixtures still underway. 4 games happening at once, 8 teams in action. Join us after the break. We'll have more from the FIFA E-Club World Cup in Paris. Hello, welcome back to the FIFA E-Club World Cup in Paris. We have had the first and second leg of round 1, and that is for Group B, and here's a confirmation of the scores. So Mkers with 6-3 win there over PSG eSports. You can see actually Kirk with 5-2, with a 5-2 win, loads of goals in that game. Team Envy 8-5 over Bochum. Falcon Sports 7-0 over Cholos. And then Bromby
losing 4-6 on aggregate to Lightning Pandas. That's after Dragon on 5-2 in the second leg. We've only had one round. Let's have a little look at how the table stands at the moment. It's Falcons eSport at the top there on 3 points. Team Envy, Maker and Lightning Pandas all on 3 points. Got a few more rounds to go before that really makes any sense, Spencer, haven't we? At the moment, that's how it looks, but like I say, there's loads of rounds to go. It's early days. I mean, you're looking into the second round now. PSG need a win. Bad start for them on home soil. They're not going to be happy about that, but you have to look at Falcons. 7-0. To have 2 clean sheets, remember, this is not just 2 legs, it's 2 different players. Yeah. Consistency is impressive. Cholos de Tijuana, they're going to have to really work hard to get back in the mix now. -7 goal difference. But that next game is Cholos de Tijuana against PSG. Yeah. So the 2 guys that lost the game get a chance to get the win. We saw there Sean Allen on the console just behind us. He's not there at the moment, but he was a finalist a couple of years ago in the World Cup. Yeah. Came back. They were losing on the first leg. He came back and won that second leg. We're going to actually have a look at some of the goals from that game, but a great performance from him and perhaps showing his experience. Yeah, massive comeback. You know, his partner lost that first game, so he had some work to do. It was by no means over. There's only 1 goal deficit, but he came back with some style. In fact, in the game itself, he did find himself behind against Alston. I think it was 2-1 down, as we're about to see, as Alston equalised it to make it 1-1, and then did take the lead with an interesting pass into the box there, and then a nice finish. So it was 2-1, and it's actually 4-2 on aggregate at this stage to Brøndby, the reigning champs, let's not forget, against Lightning Pandas. But Sean kept at it and made himself a little bit of a comeback towards the end of the first half here, goes through with Henry, puts it away, makes it 2-2. He was still behind at this point on aggregate. And second half, he just turned on the goal show. Started raining goals. You could say lightning, rain. I don't know. I was trying to do something with raining and lightning. I mean, it's all to do with the weather, isn't it? It's all about, you know, the weather. That's why we book you, Spencer. That's what I do. But it is very good from Sean, to be fair. Again, early days. You know, we're yet to see. That's a great finish. Yeah. We need to see more games to really understand where people are ranking with each other. You know, like for example, are they one of the better teams, Lightning Pandas? Are they going to go and beat one of the guys that also won a game, or do they have an easier challenge against Brøndby? I'd say that's unlikely, because Brøndby's team is solid. A lot of teams are solid, so really, it's going to be at least 1 or 2 more rounds before we start to see who we can call favourites. We have the benefit here of the acoustics of this arena, and I don't know if you guys can hear it at home, but especially for Lightning Pandas, Sean Allen is very vocal, isn't he? Well, he is. I mean, that's what you want, don't you? You want players getting excited. Emotional. Emotional, you know, it gives a little bit of a cheer when he scores. Could talk about Eisvogel. You know, Eisvogel. The weird noises that are coming up. What is Eisvogel in German, I'm told, well, literally it means ice bird, right, but I think it actually means kingfisher. And in some of the previous events, making noises, are you going to make me make the noise? What is going on? Well, I don't know the noise for sure, but it's something along the lines that basically when he scores a goal, his team will sort of just go like me 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 me. What was that? It's something that's. Listen, I'm not a kingfisher expert, okay? There's not a lot of them in my area. If anyone could let us know if that was a good impression, that would be great. If that's how kingfishers sound, that's the noise they make. I want to hear that. Never heard a kingfisher make that sort of noise. I mean, how many kingfishers have you heard? Not many, actually, but I'll be hearing out for that one now. Anyway, well done, Spencer. Commentators, listen, if there's a goal from the kingfisher, I want to hear the. Yes, please, yeah. We've got time for a quick break now, actually, while Spencer reconvenes and perhaps perfects his kingfisher accent or noise. Make sure you join us after this break, because Group B are in action, and it is it's the first round of Group A, so we get to flip over a little bit. Join us for more action from the FIFA E-Club World Cup in Paris.
Hello, welcome back to the FIFA E-Club World Cup in Paris. It's time now for the second round of Group B. Let's hand you over to our commentary team, the very capable Richard and Brandon. Thank you very much, Laura and Spencer. I enjoyed listening about the Kingfisher there. We know he's got this background, or we've seen it, especially in Manchester, I remember. I believe Victor from Stark eSports saying the I'm not going to do it exactly throughout it. I know Spencer will love me to do that, but overall, Richard, we're in Paris now. We're back for the Club World Cup again. Last year it was in London. Now it's in Paris. And you've got to look at this venue. It's incredible. I tweeted about it earlier. It's really impressive. Yeah, really impressive venue. You've got all 8 teams have got their own station, Brandon. So you get a little bit more of a secluded feel, you could say. You've got your coach behind you, or in some cases the other player. We saw it with Principe and Kurt behind each other, supporting each other. I feel like when the Kingfisher's playing, I'm in a bird sanctuary with the Kingfisher noises. They're already starting. The coach of Richard Buckley. But round 2 is underway now. A team that did exceptionally well in that round 1. You know, we spoke about them, Team Falcon coming in, the Royal and MS Dasari, 2 kings in Saudi Arabia and in the FIFA scene. 7-0 they won in that first game. They both didn't concede a goal, and we know how important this team vibe is now in this, you know, in this format that we're in. It's an aggregate scoreline, if you didn't know already. If you've got 2 players that are both putting in the shift, both playing exceptionally well, that's a perfect team in my eyes. Yeah, you've got the perfect partnership, really. Coming into it, we knew MS Dasari was capable this year. Massive performance from him in Manchester. Went on to be the Spring Cup champion in April. On the other side of it, you talk about the partner, the Royal. With question marks over him this year. He's not been to as many events. He obviously last year was very successful. This year we didn't know which Royal were going to turn up. He went and put up a 4-0 clean sheet, bettered MS Dasari's result, 7-0 in that first game. They're top of the table as it stands right now. Obviously, don't read too much into that because we've only had 1 round of fixtures, but this team, Falcon eSports, they're going to take some stopping. And if you didn't know already, we are playing on FIFA Ultimate Team. I believe, as Demon said, the cut-off date was just around, was it last Friday? Yep. So not long after one of the Team of the Seasons were released. I believe some will be in action. Here's the chance early on for Fredberg. He opens up his account in this game here. And as we said, remember that it is a 2-game scenario, Richard Buckley. There is a PlayStation game and an Xbox game. This is the Xbox game first and foremost. And what a way to start for Fredberg. You know, unfortunately, the player that did win it for them is part of Manchester City now. If you're an expert sporting fan and you want him to stay at Bromby, unfortunately moved on to Manchester City. A fantastic move for him there. But that's just why this club were involved. They didn't have to go through the qualification stages again, Bromby, because they won it. They won it. They went to the final with Rafsu from Olympique Lyon. And they went and did it in the end. Yeah, the current reigning champions are Bromby, but instant reply. Straight down the other end. From MS Dasari, the man on a mission from Saudi Arabia. It's a great finish. That's Rude Hullet into R9, rifles it home. And that lead that Fredberg did build up, knocked down straight away from Dasari. And if you're wondering how, you know, Bromby got on in their first game, they lost 6-4 on aggregate. Sean Allen, what a performance. He had to pull out the block. We said about this team factor. You have to be a team. You have to go and win your first game. Fredberg, he won his first game against Nilla, a Dane up against a Dane. And then at FIFA Houston, lost 5-2 to Sean Allen. We were there watching Sean Allen. We know that man loves a little bit of passion, the man from the UK. And that's why. You've got to be passionate. You're at a big tournament now. There is playoff places on the line if you didn't know already. This is the last FIFA E-World Cup qualifiers. We know that the playoffs will be in Amsterdam not next week, actually. It's a week after that, I believe. The 28th it kicks off on May. A really long tournament. In fact, I think it's like a 6-7 day tournament. I think it's 3 days on one console, 3 days on the other. Obviously, more information to come on that as we go through. But this is the last chance for players to really try and make some of their FIFA season. Yeah, last chance saloon for a lot of these players. Chance there for MS Dasari. You spoke about FIFA Ulster a little bit earlier on. I think one thing that potentially knocked him down a little bit was the fact that on his custom tactics, he usually plays 90 aggression, 90 speed. When your teammate has got you a lead early on, as Fredberg did, 2-1, maybe change them custom tactics, go to more of a defensive shape, maybe play that 4-2-3-1, get your 2 CDMs to sit in front of the back 4. Some players may be a little bit stubborn to change their tactics if they know something's not going right. As we said, games happening all around the station at the moment. I think
you concluded it quite nicely, Richard. All these little pods, like there's about 3 or 4 people in each pod from each team. If you're not playing, you're sitting behind them in the corner supporting them. And some of the scores that are going around the ground at the moment, there has been 2 goals in 2 games, actually, Richard. Yeah, PSG leading 1-0 against Cholos, and Mkers 1-0 up against VfL Bochum. You can see all the scores coming from the top of your screen now. Could there be a chance? Referee going in for a penalty there? No, we're not. We're playing on. And that game there, Principe up against Danny Fink, and obviously Kurt up against Megabit. If you didn't know already and you're thinking, what, Kurt plays for Team Mkers, there's a chance, and there's a goal. MS Dasari back on top where he belongs. Yeah, just under a third of this game gone. MS Dasari takes the lead, 2-1. No emotion so far from Dasari. Usually he's quite a passionate player. He didn't really give us too much passion in Manchester, though, until that final. Until he knows that the job's done. I told you. The thing is with MS Dasari, he's from Saudi Arabia. Sometimes they're not eligible to play for all the tournaments. So when he comes to a tournament like the Club World Cup, like the Spring Cup in Manchester, he has to perform. It's a huge, huge opportunity for him to not only re-establish his name on the FIFA community and in the eSports scene, but also, if this is his job, this is a great opportunity to earn some money, make a living for the rest of the year. Spencer put it, perfectly. There's people out there playing for contracts now. Oh, it's all changed over with VfL Bochum. Danny Fink 2-1 up against Principe right now. But the point I was trying to make, there's a lot of these teams, Richard. You look at Nilla for Lightning Pandas. You look at Kurt for Team Mkers. These guys were just drafted in. It's a bit like the G20 Elite Series. You're in for a few weeks. You're in to qualify. Because that was the system, because there's organisations and teams out there that they don't have 2 players, so they had to bring someone else into play, and that's the thing. It's a risk he took, but fair play to Team Mkers that they brought it in Kurt, who we know already doesn't always want to join many teams, does he? He wants to be that kind of free agent, and you can see his social media, said he's the best in the world. We're waiting to see that big tournament win from him. Could it be today? Could it be this weekend where we see him make that difference and make the move? Yeah, I think we spoke to him a little bit. He said probably Inter Milan would be the team if he was going to join a football club. That would be the team for him. I think he's had talks in the past with a lot of esports organisations, and he doesn't need to join anybody at the minute. He's doing very well in FIFA. He's qualified for the playoffs through Manchester, Brandon, through that tournament that was played. But even to himself, yes, he got that playoff place. He would have wanted to finish better. Lovely heel to heel and lovely finish from FIFA Fredberg from Bromby. The Great Dane has just struck back in this game. Yeah, great finish. That heel-to-heel flick shows the composure in the box. Heel-to-heel, low-driven shot past the goalkeeper. That team of the year, Cristiano Ronaldo, ever so prevalent in everybody's team. And ties up this game on the stroke of half-time. And we're in Group B at the moment. 5 rounds of fixtures we will be looking at here for these guys. As I said, we're keeping you up to date with as many scores as we can. Envy up against Lightning Pandas is currently 0-0. Ice Vogel up against Nilla. But with the game of all the talking points at the moment, VfL Bochum 3-1 up against Principe. Yeah, 3-1, Danny Fink leading at the minute. Which, to be fair, I know I'll say this and I'll probably have to eat my own words. He hasn't had the best competitive season. Yes, he did exceptionally well. Spoke to Megabit as well. That they formed this team that are 2 players from VfL Bochum. It's one of them. When you get a tournament you know how to play, you can perform well. And there's players out there, Rain 10, who's playing this competition. They get better throughout the years. This free kick comes in now. Yeah, well, look at Janos as well from Colombia. Every single tournament that he participates in seems to improve. Just finesse that. Goes low driven. Something off the training ground. Very well played there by Fredberg. Second man over it, third man over it. Both of them ran over the ball. Little pass to the side. Simple as that. Low-driven shot past the goalkeeper. Makes it all look so routine. Because you're normally in that case, Richard, of how do you take a free kick? Do you play short? We all know the way that used to be like the free kick. You run over it and just feed it through, as simple as it is. But there, fair play to the man. You get it on the edge of the box. If you can get a player with the stats, Kevin De Bruyne, what an incredible foot item he is. Oh, what a year he's had at Manchester City as well, Kevin De Bruyne. Recently as well, got that 5-star weak foot upgrade as well, Brandon. So that Kevin De Bruyne is just so influential in the game. Well, we've seen 5 goals so far in this first half.
It's Fredberg that kicked it off, and then the game turned on its head. MS Dasari did go 2-1 up in the end. We did see those chances. Can't really call this game between the two. Very competitive at the moment. Yeah, 5 goals in the first half as well. Unknown territory for MS Dasari, conceding a goal. Kept a clean sheet in the first game. Not this time around, though. And he probably thought he was going to really start to steamroll after he went 2-1 up. That was a lovely move there to find a bit of space with Ronaldo. We know what that man can do. I talk about it so much that Ronaldo can look at that pass just there. Ronaldo can head, finish, volley. He can do anything. You know, he's literally a superhero. Lovely hill to hill, and that made it 2-2 there. And then talk to me about this one, Richard. Break it down for me. This free kick. Yeah, so he's got his second man, he's got his third man over the free kick. Everyone runs over it. Little inside pass to Kevin De Bruyne. One touch out of his feet. Double tap that shoot button. Low driven shot into the bottom left corner. Kevin De Bruyne on the stroke of half-time makes it 3-2. And this one was 3-1 at half-time. I think we're just in added time at the moment. It was kicked off by a goal by Principe, and then I looked at that and I was thinking, okay, Danny Fink, what have you got for us? He bounced back with 3 goals, Richard Buckley. Yeah, good bit of play in and around the box. Wins a penalty. An interesting decision. Up steps Ronaldo. He slots that one to the left. Penalties this year, they're not the easiest to save, not the easiest to score. Yeah, typically you'd see a very short amount of power and then just either side. Principe will be disappointed with that. Really poor defender in the end. I think the player changing was a factor in there. And that made it 2-1 for Danny Fink, and it was 3-1. We're at the break now in that game. Lovely ball across. Oh, I do feel sorry for Principe a little bit here. Yeah, got very, very fortunate. Did Danny Fink there? Rebound dropped straight to his player. From what it looks like in that first half, maybe they're just the pressing with the players a little bit too aggressive from Principe. It looked like he was just shutting down the ball and almost like he was just being over-aggressive in his defending. Sit off a little bit. Maybe look at those custom tactics. Drop down the aggression, drop down the pressure so your defence aren't squeezing as high. And formations this year, they're always a talking point throughout the year. I don't know about you, Richard, but I always see this as well, that everyone starts the year in a certain way, and then it kind of develops, it changes now, like the 4-1-2-1-2. I haven't really seen loads of this all the time. We've seen a lot of wider formations at times. I'm talking back maybe a few months to 4-4-2s, you know, that Shells did bring in, who is competing at this event. Yeah, and in Manchester, I don't know if you remember, but MS Dasari was the man with 1 million formations. In that final, I think he started with 4-1-2-1-2. He switched into 4-4-2, the second variation. He went into a 4-3-2-1. He went into a 3 at the back at one point as well to get back into a game. He's versatile. But how important is it? You have to be able to play. I talk about this so much. You need to be able to play a handful of formations because there's so many different situations you will be in at tournaments. You will be 3-0 down one game in 30 minutes. It's how you bounce back from it. Well, Gorilla, perfect example. If he's losing in a game, he'll switch into a 3-4-2-1 and instantly try and get back into that game. Rebound for Ronaldo, just out of his reach. And it is MS Dasari from Saudi Arabia, Team Falcon in that red strip. And of course, Bromby, the winners from London last year. However, 2 new players on the roster that are competing here. FIFA-WC, if you don't know who that guy is, remember in Manchester, 12-12 against Zizinho, and then a penalty shootout to decide them. And I think it might be in the round of 16 or the quarterfinals. It was something on those lines there. Goal has gone in for the Kingfisher. Can we hear any roars from it? On the rebound there, nearly for Ronaldo in this game. But Ice Vogel leads 1-0 against Nilla. PSG Manika 2-0 up against Rain 10. So goals are slowly going in. Yeah, and because of the two-legged format, I can see Spencer just out the corner of my eye saying, where is the Kingfisher? It will come. The Kingfisher is alive. We won't just get too excited yet. We won't get too excited just yet, but it's taken him 75 minutes in the corner of my screen. I can see Messi with the goal from the man from Team Envy. And I think Spencer mentioned it there as well about how there's, the level between esports organisations and football clubs. It's literally on par now. It's literally exactly the same. An organisation that deserves a huge amount of credit, Team Envy, Team Envious, they jumped into FIFA eSports via the G50 Elite Series. And to be honest, they haven't looked back. They've been incredible. And I'll tell you what, Brandon, a lot of people, when we looked at the G50 Elite Series, looked at that team, all free agents pretty much, when they joined Team Envious and said, yeah, I'm not really expecting that much from Envy, Aero, Jazz, Ice Vogel. They finished top of the group. I'll put my hands up. I was hashtag I was uni lad on paper. You're looking at them as the strongest roster. And they came, they saw, they conquered. And then what did Ice Vogel go and do from the G50 Elite Series under Team Envious? Went all the way to the grand final, Brandon, in Manchester. And he was still a PlayStation champion. Yes, he didn't win the grand final in Manchester, but still to be a champion there
was fantastic for that man. But in this game right now, this is the first game in the tie, you could say. This is the Xbox side of things. Currently 3-2 still to Fredberg from Bromby, and we've still got another leg to come. FIFA Houston up against the Royal. Yeah, that's going to be full of goals, that game. The way that FIFA Houston plays the game, super aggressive in his custom tactics, as I said earlier. Really, really high pressure, wanting his attackers to get in behind at every opportunity. Back to goal. Maybe one more. Try to do a heavy touch there. Marcelo will stand strong on this occasion. And we saw another formation change from Mkers Dasari, back into that 4-4-2, second variation, the 2 CDMs and then the 2 wide players for him. See at the top of your screen, Richard. Scores coming in, 4-2 now. Bukum, Danny Fink in front. We've got an equaliser here. 3-3 the score. We've seen 6 goals between these two. And you can never write off Mkers Dasari. No, throughout this whole course of the FIFA year, before we went into Manchester, I was thinking to myself, that man is in for a shout. We've got an equaliser as well in another game. Nilla from Lightning Pandas, the Great Dane, has just come back with a goal. An unbelievable bit of skill with Ronaldo. Faked to go one way, went the other. And that could be a life-saving goal for Lightning Pandas. Yeah, the thing is to do with the Club World Cup, because it's played on 2 aggregate scorelines, Brandon, you can't get battered in your first game. If you're maybe 2-3-0 down in that first half, you've got your teammate to play the second leg either way. If you lose 6-0, your teammate's still got to play. If I'm losing 2-0, switch to a defensive formation. Don't get battered. You have to. Let your opponent at least have a chance to get back into it. Nearly on the rebound there. David De Gea parried that one out wide. You have to play sensible. You're not only playing for yourself, you're playing for your partner as well. You're playing for your club, your organisation. There will be a factor of how you go into that game. A goal has come back for Rain 10 up against Manika there. 2-1. Chance back post. Nearly fouled there, Hullet. And Icevogel has retaken the lead. In the 90th minute. I think he's just snatched the win. The Kingfisher has just snatched a win in Paris. 2-1 he leads. I was about to say Nilla. That would have been a great way to open up that tie for Sean Allen. He lost the first game 2-1 Nilla. Unfortunately, he's going to be losing that game again 2-1. He's got one more attack now in the corner of our screen. Remember, there's 4 games playing at every single time here from Group B. Yeah, PSG wrapped up a 2-1 victory in that first leg against Cholos. One more. And nearly just didn't work out for Fredberg. And it was last kick of the game for the Kingfisher, for Icevogel. 2-1 victory for himself against Lightning Pandas. So PSG has concluded that first leg. Manika 2-1 win. Icevogel 2-1 win there for Envy. Danny Fink 4-2 up currently. Mkers Dasari, is he going to get a winner to the back post? Oh, the touch! It's just one of those examples. Was that Vieira it landed to? He chested it down. Was it Henri? I think it was Henri at the back post. He's thinking, yeah, if I take a touch, I can then move it forward and score the easy goal. 98 Pele coming on, and I think that's 95 Neymar as well. The 2 substitutes coming on out wide, fresh legs out wide, but not only that, they can also track back depending on how he does decide to use the custom tactics. I think Mkers Dasari at 3-3, if he can just maybe scrape a goal, go 4-3 up, it gives the Royal that extra confidence. I think with the Royal, he's not had a lot of LAN experience this year in FIFA, so you're always wanting to, obviously, this is just the way it's happened, but if you want to put your first player, your better player first, or your more confident player first, build up that lead, and then in the second leg, if you've got somebody, for example, like the Royal, who's not had a lot of LAN experience, they can take a back seat and then play without any pressure. You have to play it tactically, the way you're going to go into the game. A formation change has been made. 4-4-2, a chance to try and snatch the win for Dasari. Fake to go one way, went the other. Cristiano Ronaldo with the shot. And these are the last 2 games from the first half of round 2. Principe still 4-2 down against Danny Fink from VFL Bochum. A fantastic result for that man. Scores coming across the top of your screen right now. Fredberg just looking to pull out Mkers Dasari's defence there. He's used the offside trap. Is that just him saying, right, I need to get a goal. I can't leave the Royal at a draw. But a draw isn't a bad result. You know, looking at the whole game in general, there's been 6 goals. He was down at one point. He was in front at one point. It's been a game of a number of twists to the tail. Look how high Mkers Dasari squeezed with his players here. One more attack maybe. Back to goal. Fake to go that way. Nearly got away with it as well. We've got 5 in-game minutes plus added time to come. And you can just see there the way that Mkers Dasari defends with that right stick, constantly player switching. He'll rarely
he goes to the ball with the second man press, but also he's constantly flicking with the right stick onto his Vieira, onto a Ruud Gullit in midfield. The players with 91, 92 plus interceptions, so the AI can almost do it for him. If you can second man press and then get your players switching down to a T, to a rhythm, that's when you really start to see players using the high press and squeeze their opponents. Because it's one of those things, you know, especially the player switching. If you do it a second too late, you're in trouble. Yep. At this level as well, if we do it a second too late, Chancellor Mr. Sari, will we see one more goal? Well, it's two completely different ways of defending right here. Oh, there's the ball. Is That could be the killer ball. He's one-on-one now. Ronaldo gets De Gea. He just about gets down and gets rid of it. And now we're going back down the other end with Mr. Sari for one more attack. That team of the season, Luis Suarez, dicked over the top. Ball. Is he going to get there? Ronaldo! A massive save. David De Gea to keep this game all square. He saved down one end, saved down the other end. That is why he's the #1 keeper for every single player in this competitive scene. Referee, are we done here or one more attack? There we go. 3 through the end. What a game of FIFA here in Paris. Yeah, two 90th minute chances. At one end, you had Ronaldo dinked over the top from Luis Suarez. At the other end, De Gea squeezing down the opportunity, making himself big in front of goal and keeping this at a 3-all draw. Both players should be quite happy with that one. We've got all the scores from round 2 there. Richard, talk to me through any shocks you've seen there. For me, the only one I'd say, Danny Fink, really good, really well played once again. Yeah, Danny Fink, 4-2 win against Ice Principe. I think Ice Principe went 1-0 up as well. So for him to throw that lead away, he will be very, very disappointed. The other 2 games, both ending 2-1, Ice Vogel and Manika. And then that game there, Brandon, 3-3 in the balance between the Royal and FIFA Ulster right now in this second leg. And that concludes the first half of these round 2 games. Thank you very much, boys. Next up, round 2, leg 2 in Group B on the Xbox. We are live from the FIFA E-Club World Cup in Paris. We'll see you shortly. Words on your mic as you would on... Yeah, what about now? Is it great? How the game went? Yeah. Now? Yeah.
Hello, welcome back to the FIFA eClub World Cup. We are live from Paris. We're in the French capital. It's a lovely setting for a very important competition, because if you win this, you win a share of $50,000 and also a place at the Global Series playoffs, with the chance to book yourself a place in the final. That, of course, is later this summer in London, the FIFA World Cup. Now, there's been loads of action, loads of emotion. There's Kurt there. He won his first game. He's about to play his second. Needs to stage a comeback for Mkers. Here's a little reminder of the score so far. Group B are in action, and we're in the second round. We're about to take part of the second leg of that as well. And you can see Bochum at the moment leading 4-2 with Mkers. PSG eSports 2-1 over Cholos. Team Envy 2-1 over Lightning Pandas, and Falcons eSports with 3-3 at the moment. Spencer, what have you made of what you've seen so far? Well, the big story emerging here at the moment after one leg is only one team that won in round one is winning so far, and that is that man, Icevogel, the Kingfisher. He's a gift that keeps on giving, this guy. You could do the noise. I won't make you do it again. Exactly. The Kingfisher noise. Couldn't try. You've all seen it. They've tweeted it. It's out there now. It's out there. But You're never going to get away from that. That's defined it's you. It's going to be the thing that I'm known for, the Icevogel Kingfisher noise. But what I'm liking about it is, round two, the teams that have lost, some of them are coming back. We talked about it already. This isn't going to be over until at least another 2-3 rounds. We're going to start to see teams dropping out then, but nowhere before that. Yeah, when are we going to start to see emotions getting really heightened? Because, like you say, we've seen this a lot. Sometimes you can win on your console and then your partner can lose. Yeah. It's going to cause a few frictions, isn't it? If it keeps happening, for example, Sean Allen is in the exact same scenario he was in round one. He's going into a game, his partner's lost 2-1, so he has to come back. Is that going to weigh down on you eventually? If you've done it 2, 3, maybe 4 times and you keep pulling through? Because it's hard if you're always starting on a deficit. Kurt as well, he's going to start 4-2 down. Now, we know Kurt's good. He had a great first game. Can you do it again? No, with 2 goals behind from the start? It's hard. It's a lot of pressure, isn't it? Let's have a little look at the league table then so far. This is it for Group B. You can see Falcons eSport on the top there. Team Envy and Mkers and Lightning Pandas all played one, all on 3 points at the moment. And you can see at the bottom half of the table the teams that haven't won yet. Oh, Fredberg's just come in and nearly tripped me over. Thank you very much. You came in so quick there. I didn't know where you'd actually arrived from. But congratulations, I suppose, is in order. How are you finding it so far? Thank you. I'm feeling great. I just played the champion from Manchester, and he was really great, so I'm happy about the result. And it was a draw in the end on that one, wasn't it? Yeah, it was. Difficult? Yeah, very difficult. He has a completely different playing style. I'm not used to that, especially his formation, but I'm overall happy. Spencer and I have been talking about this constantly all morning, about the dynamic, because you're playing with a partner. What's that like? Is it difficult? It's difficult because we're not used to it. We're used to playing for ourselves and the team, of course, but now we depend on each other, and I like it. I like the format because it's different. How do you feel about being the first man up as opposed to being the second game? Do you prefer to set the tone and try and get some goals for your partner, or would you rather be going second? There is pros and cons, but he has to clutch it up, and I have to give him a good start, but I'd prefer to clutch it up. Okay. The second match. And you mentioned the 4-4-2 that MS Dasari plays, that sort of defensive centre midfielders. Why is that challenging to play against? Is it just because you haven't come up against it very much? What is it he does that makes it so dominant? First of all, he's a great player, but second of all, we're not used to playing against that particular formation. I'm used to playing against the diamond and the 4-2-3-1, not the 4-4-2 with 2 central defensive midfields. Okay, well, best of luck. You've done very well. 3-0 against the guy who won 3-0 in the first game, so well done. Thank you. You get to put your feet up now and watch your teammate. Yeah, exactly. Let's get into more action in our commentary team, Brandon and Richard. Thank you very much, guys. And you heard it there. We talked about it a little bit, about how it does have that difference, how it is a factor that if you start or if you play second, if you're in a player's shoes, are you wanting to start or play second? I think I'd prefer to play second. Hopefully my teammate gets me a big lead, maybe like 6-7-0. So I can just cruise through. So I can just go into cruise control and try not to get absolutely battered in that second leg. But I think the more pressure is on the second player. For example, Spencer in Sean Allen's shoes, he's 2-1 down again, but he's got it in him to turn this around. Can he turn it around again? Does he have that bounce back ability? Well, as we know, games one, you could say, if you didn't know, there's a game on PlayStation, a game on Xbox. Both players, or both teams, or all teams in the competition, 16 of them, all have 2 players each that will be representing them throughout the competition here in Paris. This is Group B, and some of those scores we'll talk to you through them now are currently in action. Bromby, obviously the one that's in focus, is 3-3 on aggregate at the moment.
The Royal is yet to concede a goal here in Paris. They had a clean sheet in the first game, Team Falcon, a 7-0 win up against Cholos de Tuna. And now they're in a position where they've conceded 3 goals. I will try and get the pronunciation of Cholos de Tuna or something on those lines. I go Tijuana. Tijuana, sorry. Cholos de Tijuana. They come from Mexico. 2 guys there. Rain 10 was part of the grand final last year with Ulibarri as well. He's a really good player. I think he represents Mexico as well at a global level. So those guys obviously deserve their place in here. And I was looking, there's 150 teams or someone on those lines that went through the qualification process to get to Paris today. Yeah, and you mentioned Cholos de Tijuana actually 1-0 down in this second leg against PSG on aggregate 3-1, that scoreline right now. And there's been another goal, 5-2. That's a shame because Kurt needed to start VfL well. Bochum lead against Mkers right now. But we know the player that maybe it is. He's an absolute machine, the German machine. He plays throughout the qualification months. Even when he was qualified, especially last chance weekend, the one just gone, he was still playing his games. He was still playing his 40 games a weekend because it's important to practice, especially when you go into those playoffs. And how important is it, Brandon, to start quickly in this format? Because really, it's only one leg. You're only playing one leg of FIFA. Your teammates playing that other leg. So how important is it to come out, get an early goal? Oh, it's massive, and here comes the Royal now. Could maybe he get that early goal? He does! I was going to question the shot or the choice from that angle there, but the Royal, a player we haven't really seen too much of this year, is in Paris and currently leading 1-0, 4-3 on aggregate for Team Falcon. Yeah, it's that prime Henry. He always seems to score big goals, Brandon, when his team needing the most. The VFL Gaming Festival, and went all the way back there. Gabinho, he used that prime Henry. We questioned it at the time. Every time, picking him off, finesse, finesse, finesse. Every single time he got in that opportunity, he was taking shots with him. He was either scoring or the goalkeeper was having to save it into a dangerous area. When you've got players like that Henry, R9, 96 Ronaldo, Team of the Year Cristiano Ronaldo, with 99 attack positioning, they're always going to be in the right spot at the right time. And FIFA-Houston isn't a player you can just push over. He's come onto the scene this year. He's been incredible. Again, I talk about the Danish players, and you talk about just Scandinavia in general. Boras legend Ivan Lepania, he'll be in action later on today for hashtag. And in all 4 of these games, 20 minutes in, we've had a goal in every single game. Scoreline's really starting to add up right now for some of these teams. Really, really impressed Richard with Aero. He didn't really see enough of him. He was kind of building into a game. There's a chance over in that game there. That one's just missed. 5-3 the score. Kurt has got a goal back. And there's off the bar nearly a chance for Royal. Maybe on the rebound if he can hear that one in our featured game. I'm trying to keep you up to date with everything that is going on here. You can see their Team Envy 3-1 up the top. Sean Allen is currently losing to Aero, who I wanted to talk about, a French player, part of that Team Envious team, recruited these players that, on paper at the time, of course they were a little bit dangerous in the scene, but didn't really have a foot or a market down. That is unbelievable FIFA. Barcelona-esque play from the man representing Bromby. FIFA Houston, take a bow. Yeah, pass move in that final third. Fell to R9. Simple finish past the goalkeeper. Just a finesse shot, opened up his body and slotted it home. The way that he got into that opportunity, though, I'd love to see a replay of that, because that was clinical passing. One-touch passing to the precision. It's one of them, though. He could have shot with maybe the chance before, played one more. It's about, we talk about it so much, that chance creation. Taking maybe a 75, 80% chance shot of going in up to the 90s, up to the 95. A finesse that's going to go in, a low driven that is kind of guaranteed to go in. Those are the chances. It's just the difference between a top 100 player and a casual competitive FIFA player. Oh, the Royal is turning it on the rebound. That's a little bit unfortunate for FIFA Houston. And just like that, the lead has vanished. 2-1. 5-4 up for the Royal. Yeah, I think that is that brand new team of the season, Luis Suarez item. Only came into the game last week. He got that pace upgrade. A lot of players were saying he's got a 95 in form, but for him to be usable at a pro level, he has to have that pace, 87, 88. He's got 89 pace on that item at the minute. Shooting has always been there. I think he's probably got 99 finishing, 99 attack positioning.
So in the final third, he's now usable, a lot of the pros say. He's clinical enough, and he's got the pace to get in behind. Because last year, you know, he hit his heights at 98, I believe, and for us, we talk about Ronaldo being one of the best finishers in the game. Last year, Suarez was probably the best finisher in the game. We saw him in London last year for the grand final, and we spoke how fantastic he was. Here comes another free kick off the training ground, maybe for FIFA use, and that one just goes high and wide, unfortunately. But it's great to see Suarez, as you said, get a foot item, get that team of the season that is now capable of fitting in pros teams in tournaments. And not only that, it asks a lot of questions about the players as well. Do I want to carry on using maybe an Henry? That's unbelievable play there. Here's Suarez, the man we were talking about, the man of the moment, David De Gea. What a save. Probably that team of the year, maybe the team of the season. David De Gea in goal. A lot of question marks over which David De Gea you do want to use. I was looking at it the other day. I'm talking about the stats on the main foot item. You know, the 6 main stats. 3 on one is better, and 3 on the other is worse. I didn't really understand it. I know they're both 97s. For you, do you just stick to what you know? You've played more games with that team of the year. Well, a lot of the players as well, they might not be able to afford the team of the year David De Gea at home, so they'll use maybe the upgrade 91 David De Gea. If it's working for them, why change? Here comes the Royal now, the Saudi Arabian, who's currently unbeaten. And what a finish from Luis Suarez. 3-1, he leads now. Yes, that's the first goal he's conceded. FeCWC there just looked mentally battled a little bit. Just thinking, how can I break this guy down? But you heard it from Fredberg. I'm not used to playing against the play style. These two would have never met before. You know, it's impossible for them to meet on weekend league. You know, he's coming from a rest of the world region to a European region. They would never meet unless you're playing at a tournament. Yeah, what? Just going back over that goal, half volley, Luis Suarez, no question about it. Absolutely smashed into the top corner. Seen a few of them today, just kind of half volleys into that side of the net. Well, I don't know if you've seen it, but usually after a skill move where the ball bounces up, usually that volley or that half volley after the shot always seems to cause danger. How many times do we see the El Tornado into the volley, the sombrero flick into the volley? It's just that volley shot afterwards always seems to be so much... It just seems to have a better chance of going in. Added time to come now. We're going to have 3 minutes of it. Goal has gone in over in another game there, and then a goal in this one as well. I think he's offside. I'm looking everywhere. Is he offside? Yes, he is there, but a goal has been scored in the Envy versus Lightning Pandas game. Currently the score in that one is 4-3, I believe. Mateus on the score sheet here. FeCWC in added time, trying to get one more attack together if he can. We're going into half-time in the end. And currently 6-4 the score on aggregate for Falcon Esport. Yeah, around the grounds at half-time in this second leg. Bochum 7-3 up as it stands right now, and this is how those goals did go in, Brandon. So 3-1 in the end there for Megabit at half-time. I believe there. He kicked it off Megabit. We know, we don't need to talk about him that much. We know what this man is capable of. One of those guys that is playing exceptionally well this year, playing across both consoles. That was a lovely goal from Kurt there. And then it was just Megabit in control. That low-driven pass fired into CR7's feet. Dealt with it adequately. And slotted it whole past the goalkeeper. Oh, you've got to be asking questions over David De Gea there. If you're going to get a hand to it, force it out. Kind of didn't get anything on it, did he? Maybe just brushed past him. That was a lovely finesse in the end. Same again. Oh, that's unfortunate. Yeah. A heavy touch that you can't really control anything about. And correct me if I'm wrong, no, there was another goal in that one. It was actually 8-3 on aggregate currently. Still a half left to play, but 5 goals for Kurt. Here's Colos de Tijuana there up against PSG. Dax obviously coming in for Rocky, unfortunately couldn't make it. And a great start for him in that game. Yeah, Dax looking to pick up where his teammate did leave off. 2-0 up at half-time. Scoreline in that one currently stands 4-2. Tijuana did get a goal back just on the stroke of half-time. R9 with that lofted ball into the back post. L, B and X just to stick it into that back post area where you can get a player like a CR7 or a Rude Hullet with good jumping who can really jump at that back post and make themselves big and aggressive. On that occasion, Ronaldo giving Cholos de Tijuana a sliver of hope against the European giants, Paris Saint-Germain. Here in Paris, home advantage, could you say? Maybe it's a fact. Don't have to travel as much. They came in as the host nation. And obviously they've been playing, a lot of these guys have been part of the Orange
E-Ligue 1, the E-Copper that was recently played. So Paris is a very used city for FIFA esports in France, you have to say. And just looking there, Cholas de Tijuana, if they lose this game, it's not looking good for those guys. You said about an early start, Richard. Yes, don't get me wrong, they've still got a number of games to play, but you haven't left yourself, you have left yourself in probably a really bad way to start the game. Sean Allen just pulled back a 4-4 against Aero. We haven't heard the roar, but I believe I'm just seeing on my screen there. Oh my days, we need to see a look at that goal after. It hit the post, Rich. I'll try and describe it for you. Heung-min Son, the team of the season, the 92, has just scored a cheeky little back heel effort. It hit the post, rolled across the box, and he was at the back there just to nod it in. And to make that one 4-4. What a game that one is going to be. We'll get full updates on that one. 4-4 in that game. Falcon Esports currently leading 6-4 right now in front of us. PSG Esports, they're 5-2 up. They should be in cruise control right now. And then VFL Booking have still got that lead of 4 goals. Yeah, I think as it stands right now, Falcon Esports will be the only team to have won their opening 2 fixtures, Brandon. They will be, and they have done it in impressive style. The first game, a 7-0 win. Did exceptionally well. One of the guys won 4-0, one of the guys won 3-0. To not concede a goal in 180 in-game minutes of FIFA is incredible. It's remarkable, yeah. It's very good. It's an achievement that deserves. I think especially with this year as well on FIFA, it's a lot more attacking. You see games ending 7-5. I'm sorry, Richard, to interrupt you, but look at this space and look how easy that was. Whether that's a change of tactic, but look at FeFWC right now. Looks distraught. Looks like he doesn't know how he wants to play this tournament. He needs to change something soon because it's not working. It had to come forward. It had to come out, push his custom tactics up, get that aggression, get that team width a lot narrower, and just try and squeeze his opponent. Just being caught on the counter-attack there. And we have got a penalty, Brandon. PSG up against Tijuana, saved. That's just not helping those guys at all from Mexico. A penalty missed for them. They are 5-2 down on aggregate. Gulabari. Oh, there we go. Maybe I've cursed it. Maybe there is still time for this man. Still needs 2 goals, though. 7-5 on aggregate. Yeah, look at that low-driven pass there. CR7. Cutting ball through the heart of the defence. I think it's Maldini there, just pulled out of position. I wonder how many goals this R9 is going to score this weekend, Brandon. Well, it's always the R9 show. It's always Ronaldo's show, actually, sorry. CR7 or R9. If you don't know who we're talking about, R9, the icon, CR7, Cristiano Ronaldo. Yeah, and he's just gave the ball away straight away. That is poor from Royal there. One more, cuts inside. There's a chance. There's a goal. Hold on. 7-6, only 1 goal behind. This is where the confidence starts oozing out for FeFWC. He's been in a 12-12 in Manchester, a 12-12 thriller that went to extra time. Yeah, penalties was the only thing to separate those 2 players in Manchester. That's just sloppy from the Royal. He gave the ball away from his own kickoff. One of probably, you would say, the better ways to score a goal this year on FIFA. He's gave it away. He's let FIFA Ulston jump straight back down his throat. 7-6 the scoreline with 25 minutes left to play. There's goals in this game. Royal, he looked in cruise control. We had, it's just so open though at the back. FeFWC, I know he's trying to pile numbers forward. He just tripped over his own player there, unfortunately for him. Scores coming across the top of your screen here at the FIFA E Club World Cup in Paris. Over the next 2 days, we will find out who was having those last 4 remaining FIFA E World Cup spots. If you're wondering, it's not 4-4 for teams. It's basically 2 teams, obviously 4 players in total, 2 players from each team. They'll get a playoff place, but then, there's a number of twists to this tail. Royal now, he's back in front. The 2-goal lead is restored. You can just see the frustration for FeFWC. He knows he has to go and attack this game. He has to make changes. The gaps will appear. Yeah, that's the defensive frailties that do open up when you try and over-attack, when you try and have to get back into a game. Just look, the fullback there, I think it was Marcelo, just got pulled towards the ball, spread it out wide. Thierry Henry's not going to miss from that sort of angle. Finesse shot past the goalkeeper, that 93 prime Henry. Just looking across the board now, all the games are kind of hitting the 70th minute areas there, and it's really coming to the crunch time for some of these guys. 8-5 currently for Mega, but he's in front on aggregate. Over there, a silly foul being made in this game by the Royal. Vieira into the referee's book. 5-2 PSG lead up against Cholas de Tijuana.
from Mexico. That'll be 2 losses. You're having fun saying that, aren't you? In a row for those guys. Yeah, I do apologise if there's any Mexicans watching this. I'm trying to pronounce these guys' names. I'm a big fan of Rain Turner. We saw him in LA last year, didn't we? Scored an unbelievable. I think I asked him. Apparently, we've been getting it wrong most of the time. Apparently, it was Ronaldo that got it, not Messi. It was Ronaldo, yeah. Yeah. I don't know why I must have been saying Messi then, but it was an incredible effort from like a free kick off the training ground, or like directly just hit it from about 40 yards out in part of that FIFA Interactive World Cup, as it was called back then. Of course, the FIFA eWorld Cup now, and it's good to see him back in in full confidence. He won the SPORT1, another qualifier there. He'll be in the playoffs representing Mexico. I tell you what, this round of fixtures has gave us goals. We cannot complain. Bochum 8-5 up. FIFA Houston, hello, he's got himself a goal. We're back in it again. 8-7, 15 goals between the 2, or the 4 players, sorry. You've asked for goals, Richard. It's delivered for you. It has delivered. 8-5 Bochum lead against Mkers. 5-2 PSG up against Cholos. Team Envy 4-4 with Lightning Pandas. The points will be shared. And it is Falcon eSports 8-7 leading right now up against Bromby. Well, here we go then. Just over 10 in-game minutes left. A goal has gone in the left hand. Oh, I think Megabit's just walked away with that one. That'll be 9-5 on aggregate. He is in cruise control. They're great to see the 2 as well from Germany doing exceptionally well. Danny Fink as well. You know, I tell you what, Megabit didn't have the best of starts in this competition. He lost 5-3 up against Aero. But that tends to be the case with Megabit. Usually starts cold in tournaments. If you remember back to Barcelona and Manchester, I think he actually started off with a loss. One more, Royal. Thierry Henry. Just so much space on that left-hand side. Makes it look so simple. It really isn't, though, in the Royal. Even though, you know, the mental battle this is, I'm sure we can explain, you know, from a casual point of view as well. When you're up against someone who just keeps on coming back at you, every time you feel like you're getting closer to bringing the game all square, he goes and scores again, opens up that lead. You've got to start your mental preparation once again. Every time you get within touching distance of your opponent, they pull away that little bit further. And I think right now, with only, 9 minutes left to play, it's too much of an uphill battle right now for FIFA Houston and for Bromby. Oh, there we go. We're going to get another one. I spoke too soon. He's just hit it straight away. I thought he could play one more. Marcelo, the man of a lot of errors. No wonder. Look how high he was on the field. He's that high up. He got a chance. And now he's just scored and maybe answered one of FIFA Houston's prayers. Look how high Marcelo is. Dani Alves-esque, Brandon. High up the pitch, that high-medium work rates from Marcelo. Probably an all-out attack as well. Just throwing everything forward. Probably got always overlap on his fullbacks as well. Number 5, Marcelo. Important to keep the ball right now from the Royal. There be one more twist to this tale in Paris. Round 2 of fixtures are on. We're playing 5 rounds of fixtures from Group B. Then we jump over to Group A. If you don't know who's in Group A, you've got Hashtag, you've got FC Basel, Unilad, Schalke, a number of big names in there as well. Yeah, Method as well, and ECV eSports also in that Group A. Double figures from Bochum, 10-5 they lead against Mkers. There we go, can this conclude the game now? Royal up to conclude it, will he get the win? I believe he will. The Saudi Arabia with a plan is currently all going well for him. 18 goals we've seen in this game. You can't complain that you're not seeing top quality competitive FIFA right now. 18 goals in this game. 16 goals between Mkers and Bochum. Goals are flying in around Paris. Maybe it's the French air, just got everyone playing attacking football. If you didn't know already, an aggregate scoreline, a PlayStation fixture, an Xbox fixture for each team who have qualified via a qualification stage there. That one has concluded between Team Envy and Lightning Pandas 4-4, but after the game we'll look at the league table, we'll look at all that information for you guys so you can conclude round 2. The Royals game is still a little bit left though. I believe maybe changes are being made by the Royal. FIFA Houston, oh no, it could be FIFA Houston making the changes. You can see the Royal there. We're looking at the Royal screen right now, playing that red strip. It's probably speaking to Dasari. Is he over his shoulder as well? I'm trying to work out in the camera. Yeah, just waiting for the full-time whistle to conclude this game. Maldini plays it into Vieira. I think it's
all she wrote. I think it's all finished here. Referee, oh, we finished in round 2, but Royal wants more goals. Goal difference could be a factor you need to look at here. Yeah, it definitely could. Messi there, free kick just to slow the game down. And overall, what an impressive performance from both the players. A 3-3 thriller from Fredberg and MS Dasari, and then we've seen 12 goals in this game here. You know, both players or both teams are just talking or just speaking volumes of how good they are at FIFA this year. Not only that as well, but I think it just shows how competitive this tournament really is. Pretty much everybody is beating everybody right now. The only team to be unbeaten is that Falcon eSports roster. Run me through the fixtures, Brandon. And we can see there, Bochum winners, 11-5. PSG, 5-2 winners there. Dax coming in with a 3-1 win. But we do have a draw, Richard Buckley, with Team Envy. Yeah, we do. 4-4. Team Envy and Lightning Pandas a point each. And then Falcon eSports, 10-8 winners against Bromby. And that does conclude round 2 of fixtures here in Paris. Still so many more fixtures to come today. There you have it, round 2, leg 2 complete. We're playing the first 5 rounds of Group B. Join us after the break for more action from the FIFA 18 eClub World Cup. Und dann Malte und dann kannst du ja. Ein ganz herzliches Willkommen jetzt hier also auch zur deutschen Übertragung des FIFA Club World Cup in Paris, live bei Sport1. Ich bin Georg Raffelt, an meiner Seite habe ich den wundervollen Malte Never Liquid Hedderich und wir werden das Ganze dieses Wochenende heute und morgen für euch kommentieren. Ja, auch einen wunderschönen guten Tag hier von meiner Seite. Und man muss ja einfach mal sagen, Georg, das ist ein richtig schickes Event. Auf jeden Fall. Wir haben ansonsten die normale Series ja auf dem Weg zum eWorld Cup, also der offiziellen Weltmeisterschaft in FIFA 18. Okay, also wir fixen hier gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten. Aber auf jeden Fall steht der FIFA Club World Cup an. Es wird im Team sogar gespielt. Wir gehen dann auch gleich natürlich, wenn wir ein Spiel für euch haben, live rein ins Ingame-Signal. Es geht um insgesamt $50.000 Preisgeld. Und ja, natürlich auch um weitere Slots für die Global Playoffs. Also, es ist angerichtet für ein hochkarätiges internationales Event. Und ja, weitere Infos werden wir euch natürlich im Laufe des Livestreams beziehungsweise dann auch später, wenn wir ab 13:15 Uhr im Free TV sind, geben. Bis dahin haben wir auf jeden Fall schon noch weitere Matchups für euch am Start. So, neuer Versuch, ob ihr mich jetzt hier hört. Hi, auch von meiner Seite nochmal Malte jetzt hier und genau, ich war gerade dabei auszuführen, vielleicht habt ihr so ein bisschen mit euren Lippenleseskills das Ganze mitbekommen, dass der FIFA Club World Cup auf jeden Fall ein sehr besonderer Wettbewerb ist und endlich mal auch die Teamkomponente im eSports, im FIFA-Bereich einbringt und das finde ich sehr cool, weil dadurch, denke ich, eine ganz neue Dynamik jetzt hier auch reinkommt, denn man kann sich gegenseitig so ein bisschen carryen, Georg. Also kurz zum Format, so war es auch schon in der Online-Qualifikation, worüber sich hier die Teams qualifiziert haben. Man spielt dort immer ein Spiel auf der PlayStation und ein Spiel auf der Xbox und die werden in der Gesamtwertung als ein Spiel sozusagen gewertet. Also wenn wir mal das Beispiel nehmen, Basel auf der PlayStation spielt The Stranger, gewinnt 3-0, auf der Xbox spielt Cody, der Finisher, verliert 3-0, geht es 3:3 aus hier in der Gruppenphase und somit wäre es dann ein Punkt für Basel. Wird, denke ich, eine spannende Geschichte zu sehen, wie die Teams sich da auch gegenseitig unterstützen. Auf jeden Fall. Also es wird auch dann
von der Punktewertung so gehandhabt wie im echten Fußball. Für einen Sieg 3 Punkte, für ein Unentschieden, wie Malte es eben im Beispiel erläutert hat, 1 Punkt und für eine Niederlage ganz normal 0 Punkte. Es gibt 2 Gruppen mit jeweils 8 Teams, aus denen sich die besten 4 Teams jeweils qualifizieren für die K.O.-Runde und dort wird dann im gleichen Modus verfahren. Allerdings ist es dann so, dass sollte es nach 2 Spielen unentschieden stehen, auf der Konsole, auf der das zweite Spiel durchgeführt wird, es in die Verlängerung und potenziell in ein Elfmeterschießen geht. Es wird ausgelost, auf welcher Plattform zuerst gespielt wird und bleiben wir bei dem Beispiel, also wenn das eine K.O.-Begegnung dann ist mit Stranger und Cody vom FC Basel und es steht 3:3 und Cody hat das zweite Spiel gemacht und dort 0:3 verloren, aber eben das Gesamtergebnis ist unentschieden, dann geht es dort weiterhin in eine Verlängerung und später dann auch in ein Elfmeterschießen. Wir haben angefangen mit Gruppe B und die ist jetzt bereits sogar abgeschlossen. Nein, das ist die Runde 2 bloß. Entschuldigt natürlich die Runde 2. Erst alle Ergebnisse im Überblick. Wir hatten also unter anderem Eisprinzipe und Kurt, die im Team Mkers spielen und gegen VfL Bochum so ihre Probleme hatten. Hier sehen wir jetzt auch nochmal den aktuellen Tabellenstand. Falken eSports mit 6 Punkten, 2 Siege also aus 2 Spielen. Die beiden ja mit MS Tosari, dem Regional-Sieger von von Manchester und mit The Royal, der letztes Jahr in Regionals gewonnen hat, sehr gut unterwegs. Genau, und hier sieht man jetzt auch nochmal sehr schön, wie die Location eingerichtet ist. Also da muss man mal sagen, großen Respekt an die FIFA, die dieses Event ja hier veranstalten, wie sie das eingerichtet haben, wie die Teams da auch zusammen spielen können. Und dann gibt es noch eine zweite sehr coole Neuerung. Wir haben hier auf unserem Laptop so eine Art App bekommen und da können wir zu jeder Zeit die Scores sehen. Und jetzt haltet euch fest, sogar live. Also wir sehen live, wie es in all den Spielen, die parallel stattfinden, gerade steht. Und das ist natürlich eine richtig schöne Neuerung. Und da wurden so ein bisschen, denke ich, die Wünsche einiger Kommentatoren erhört. Also da auf jeden Fall mal ein großes Kompliment an die FIFA und auch an EA. Und dementsprechend für euch der Hinweis, wir werden euch heute über die gesamte Übertragung immer wieder updaten können, wie es in den verschiedenen Spielen steht. Ganz genau. So haben wir dann also auch die Möglichkeit, wenn ihr im Chat etwas wissen wollt. Wir können sicherlich nicht auf alles eingehen, ein bisschen müssen wir auch noch kommentieren, aber wir werden versuchen, euch einen Überblick zu geben. Und wir gehen rein ins erste Spiel des heutigen Turniertages und zwar VfL Bochum gegen die Lightning Pandas. Also deutsche Beteiligung, VfL Bochum, der Zweitligist mit Dani Fink, den wir hier im Bild sehen, und Megabit, einer sehr bekannten E-Sports-Persönlichkeit, unterwegs gegen die Lightning Pandas. Da spielt unter anderem Nilla und er hat im Team an seiner Seite Sean Allen, der sich ja auch beim letzten Last Chance Qualifier schon bereits für die Global Playoffs qualifizieren konnte. Und jetzt gehen wir rein in dieses Matchup von links nach rechts in den VfL Bochum Trikots. Natürlich Dani Fink und von rechts nach links in den roten Trikots haben wir Nilla. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig, dass Dani, der Spieler hier von Bochum, der jetzt von links nach rechts spielt, zuletzt in FIFA 18 endlich wieder zu seiner Form zurückgefunden hat. Er ist ein Spieler, den kenne ich bestimmt schon 4-5 Jahre jetzt im E-Sports, der wirklich immer wieder versucht, oben mitzuspielen. Aber seit dem letzten Jahr diese große EA Global Series gibt, hat er noch nicht so international Fuß fassen können. Und das ist jetzt hier sein erstes größeres Event wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie er performen kann. Jetzt aber erstmal Nilla hier, der Däne mit seinem ersten Angriff, den Dani hier unterbinden kann. Und jetzt versucht er mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also Dani hat sich ja auch über den Last Chance Qualifier dann letztendlich qualifizieren können. Und insofern ist er hier richtig gut in Form, ist für die Global schon qualifiziert und mit dem Rückenwind kann er sich jetzt ein bisschen Offline-Erfahrung holen, weil es wird ja in eSports-Modus gespielt bei den Offline-Events in FIFA 18. Und der soll sich laut der Pros, wir selber haben ihn noch nicht spielen können, so ein bisschen anders spielen. Und dementsprechend ist es immer gut, dafür erstmal ein Gefühl zu bekommen. Nilla noch ein eher unbekannter Spieler, der sich jetzt vielleicht hier bei seinem ersten ganz großen Auftritt im Livestream bei einem internationalen Event beweisen kann. Ich denke, es ist immer hilfreich, dann auch erfahrene Leute an seiner Seite zu haben. Und Sean Allen, beziehungsweise sein Nickname ist ja Dragon, ist einer der alten Hasen der Szene, zweimaliger Vize-Weltmeister und hat ja letztes Jahr Gorilla zum Weltmeistertitel gecoacht. Also jemand, der auch aus der Coaching-Rolle heraus schon richtig was vorzuweisen hat. Und ich denke, das wird Nilla einfach nochmal Selbstvertrauen und sicherlich auch ganz konkret wirklich gute Hilfestellung geben, dass sie sich vielleicht in der Halbzeit mal unterhalten können.
Und ich finde es auch cool, dass anders als jetzt zum Beispiel im letzten Event in der FUT Champions Series in Manchester hier das Coaching wieder erlaubt ist. Man sieht also auch da unten im Hintergrund Sean Allen. Megabit, weil er steht, ist leicht abgeschnitten in der Kamera. Sehr coole Location auf jeden Fall, auch mit den Vereinswappen oder Teamwappen, die man da links im Bild sehen kann. Und jetzt haben wir mal hier einen ruhigeren Angriff von Dani Fink und achten vielleicht mal drauf, wie er sein Spiel über die Außen aufbaut. Sehr interessant auch, dass er Ronaldinho, die Ikone, in seiner Startelf hat. Jetzt kann er das Spiel ein bisschen schnell machen, kriegt den Ball nach dem Tackling wieder. Nächster Doppelpass, das wird gefährlich, aber dann ein bisschen zu einfach gespielt, zu vorhersehbar. Miller wählt da seinen Innenverteidiger früh genug an, um diesen zweiten Pass auf Ronaldo zu unterbinden. Das ist besser variiert, versucht durchzustecken auf Icon Ronaldo und auch dort ist dann Miller wieder dazwischen. Aber Dani Fink gerade mal mit so einer gewissen Druckphase. Die letzten Pässe am 16er noch zu ungenau. Jetzt eine Kontersituation. Niller macht das gut, läuft lange, Ballrolle, Flachschuss. Und De Gea ist mit der Fußparade ein erstes Mal zur Stelle. Das war eigentlich gut gemacht mit der Ballrolle. Lange gewartet, nicht zu früh für einen Pass entschieden. Am Ende Dani Fink genauso sehr ruhig gewesen in der Defensive. Bei der Ballrolle ging es dann ins Leere, sein Tackling. Und danach mit ein bisschen mehr Ruhe und Erfahrung hätte er den vielleicht einfach reingeschlänzt. Ich denke, Dani versucht das jetzt aber hier richtig im Spielaufbau zu machen. Beruhigt das Spiel so ein bisschen, versucht erstmal einfache Pässe zu spielen. Natürlich auch Raumgewinn zu machen, aber aus der Ballsicherheit heraus. Um dann eigentlich genau diese Fehler hier zu vermeiden. Aber sie passieren eben. Ball direkt wieder zurückerobert und jetzt kann er es mal wieder schneller machen. Eben hat er schon mal ganz gut variiert. Die Timings sind immer sehr wichtig. Wann spielt man den Pass in die Spitze, dass man nicht immer gleich den ersten offensichtlichen Pass spielt, sondern sich teilweise auch mal Zeit lässt, vielleicht einfach mal länger dribbelt, weil dann ist eben der Gegenspieler gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und er weiß zu keiner Zeit, läuft er jetzt, passt er jetzt. Und das ist eben das Ziel in FIFA. Man darf nicht zu ausrechenbar werden. Und hier beides eher ballbesitzlastige Spieler. Aber ihr wisst alle, oder auch diejenigen, die vielleicht hier zum ersten Mal FIFA schauen, gerne nochmal der Hinweis, es gibt da verschiedene Spielstile. Hier jetzt aber erstmal das 1:0 für Dani. R9 hier gut freigespielt, die Icon-Karte, und dann ist es ein ganz klassischer Abschluss, flach ins lange Eck, angeschnittener Schuss. Und um den Punkt noch kurz zu Ende zu führen von gerade eben, also es gibt, denke ich, so zwei grundsätzliche Spielstile. Es gibt einmal diejenigen, die eher ballsicher spielen, die ruhig aufbauen und dann nach und nach vorne kommen, und es gibt diejenigen, oft dann in der engen Raute, die extrem schnell nach vorne spielen, den Ball laufen lassen, auch mehr dann häufig die Skill-Moves einsetzen. Und dadurch, dass wir hier wirklich Weltklasse-Spieler beim eClub World Cup dabei haben, bin ich mir sehr sicher, dass wir auch diese verschiedenen Spielstile hier in aller Gänze bestaunen können. Jetzt Niller mal im 16er, Dragback angesetzt, Flachschuss abgefälscht, und das ist das 1:1. Da war Dani Fink ein Stück zu weit weg nach diesem Skill-Move vom Dänen, der dann mit R9 den Abschluss suchen kann, und das ist natürlich ein wenig unglücklich, dass dieser abgefälschte Ball am Ende so über De Gea drüber geht, aber vorher gut gemacht und insofern also auch durchaus ein verdienter Ausgleich. Und was ich auch interessant finde auf jeden Fall, dass es hier so einige Teams gibt, wo sich Spieler aus verschiedenen Nationen auch zusammengetan haben, wie eben jetzt beispielsweise Sean Allen, der Engländer, und Niklas Stensgaard, sein richtiger Name, aus Dänemark. Dani Fink jetzt mit der nächsten Chance. Flachschuss, Ronaldo knapp am Tor vorbei. Auch immer interessant zu sehen, die Abstoßvarianten. Den chippt er relativ zentral in seine eigene Hälfte. Durchaus eine riskante Variante. Häufig sieht man einen flachen Pass auf die Außenverteidiger. Sehr gut hier von Dani nachgesetzt. Ist auch immer wichtig, die Tackling-Taste dann gut getimed einzusetzen. Aber dann der Fehler hier, und da hat er ein bisschen Glück, dass der Abschluss hier nicht gefährlicher wird, wobei der Winkel auch nicht ganz so simpel war. Von da mal aufs kurze Eck, durchaus ein guter Versuch, und jetzt wird hier vielleicht eine kurze Eckball-Variante kommen, oder er zieht einfach einen Spieler mit raus und spielt sie direkt rein. Und das war jetzt hier so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob das so geplant war, die kurze Variante, aber er bleibt am Ball, Niller.
Kann den Ball hier reinspielen auf Vieira. Ein weiter und jetzt ist Henry in guter Schussposition. Dani kommt aber nochmal dazwischen und muss jetzt aufpassen, dass er den Ball mit Rea hier ordentlich verteilt. Das gelingt ihm. Walker, Team of the Season mit einer guten Ballannahme. Ein Stück zu lang war dieser hohe Ball nämlich eigentlich. Und jetzt erneut die Kombination über Ronaldinho, der außen ein paar Meter machen kann. Zieht jetzt vielleicht zurück. Nein, er legt ihn weiter. Schön, Ronaldo, Hackenpass, Messi, das muss es doch sein. Nachschuss. Und der entscheidet sich aus meiner Sicht für die falsche Ecke. Hätte dort vielleicht lieber ins rechte Eck den Abschluss suchen sollen. Schade, schöne Kombination vom Deutschen, der hier weiter im Ballbesitz ist. Maldini versucht irgendwie die Flanke anzusetzen. Dani Fink schüttelt mit dem Kopf und Megabit im Hintergrund versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen. Da kommt die Halbzeit vielleicht auch ganz gelegen. Aber das hat er richtig stark gemacht da gerade über die Außen. Also für mich war der überraschende Moment, als er außen nicht abgebrochen hat, sondern einfach mal mit einem, denke ich mal, Steilpass die Linie weiter runtergegangen ist. Das hat auch Niller so nicht erwartet. Und dann einfach schön zielstrebig Pass für Pass in die Mitte rein. Und den muss Messi dann eigentlich machen, aber man kennt diesen Abschluss von da. Oft ist der Torwart so ein bisschen unbeholfen, in dem Fall ist er jetzt mal dran. Das ist eben so ein bisschen die Varianz, die es im FIFA nun mal gibt. Hier und da braucht man ein bisschen Glück, aber man hatte ja doch 2 mal 6 Minuten Zeit, um diesen Varianzfaktor so klein wie irgendwie nur möglich zu halten. Schöne Kombination, vielleicht die Dragback-Möglichkeit. Entscheidet sich für den direkten Abschluss. Zumindest eine Ecke springt bei raus. Ronaldinho mit vielen kleinen Drehungen. Das Pressing ist auf jeden Fall zur Stelle hier von Daniel Fink. Der ganz früher noch beim VfL Wolfsburg gespielt hat. Da gab es dann einige Vertragsprobleme, war auch eine vertragte Situation. Jetzt ist er bei VfL Bochum und hat dort sein Zuhause gefunden. Und er ist hier auf jeden Fall gerade gut am Zug. Jetzt muss er aufpassen, dass er defensiv hier nicht die Kontrolle verliert. Das war ein richtig starkes Tackling hier mit Walker. Und er konnte den Ball sogar so raustackeln, dass er letztendlich wieder am Ball geblieben ist und hier den Einwurf bekommt. Was mir gut gefällt, dass Dani jetzt so ein bisschen zielstrebiger nach vorne spielt. Also er hat erstmal in der ersten Halbzeit ein bisschen versucht, auf den Ballbesitz zu gehen. Und wichtig ist aber dabei, trotzdem die Chancen zu kreieren. Man muss es in FIFA so ein bisschen erzwingen. Wenn man zu vorsichtig spielt, dann hat man am Ende vielleicht 1, 2 zu wenig von diesen Chancen wie bei Messi gerade. Und wenn man dann nicht das Glück auf seiner Seite hat, scheitert es unter Umständen daran. Deswegen lieber immer ein bisschen mehr Risiko gehen, in die gegnerische Hälfte kommen. Und wenn man da den Ball verliert, ist es auch nicht so wild. Jetzt wird der Stürmer am Strafraum gesucht. Den findet er mit der neuen Ronaldinho. Das muss der Führungstreffer sein. Doppelkreis, einmal ins lange Eck und damit also die erneute Führung im ersten Spiel zwischen dem VfL Bochum und den Lightning Pandas. Das war dann natürlich eine 100%ige Chance. Sieht man immer wieder bei solchen Kandidaten, die einen ruhigen Spielaufbau wählen. Da muss dann irgendwann am 16er an der Grenze ein Stürmer gefunden werden. Der nimmt den Ball dann mit dem Rücken zum Tor an und von da ausgehend hat man dann viele Optionen. Weiterleiten, einen Skill-Move ansetzen, den Schuss aus der Distanz suchen in der Situation. Dann zu ungeduldig verteidigt von Niller, rausgerückt mit dem Außenverteidiger und dadurch war Ronaldinho dann völlig frei. Und hier sieht man jetzt nochmal, Dani spielt im 4-2-2-2 und hat jetzt gerade auch 2 frische Spieler reingesappt. Henry und Neymar ist es, glaube ich, auf der anderen Seite. Und da sieht man auch nochmal schön, es ist wirklich die Creme de la Creme der Ultimate Team Karten, aus denen man hier schöpfen kann. Weil anders als zu Hause kriegt man hier einen Competitive Account bereitgestellt, der komplett mit allen Spielern ausgestattet ist. Und man kann sich dann einfach sein Traumteam zusammenbauen. Muss natürlich auch da ganz normal auf die Chemie achten. Aber durch die Ikonen spätestens ist das Teambuilding eigentlich recht entspannt geworden. Und dann sieht man eben hier einen Hullet, einen R9, natürlich in den Prime-Varianten. Walker, Tots vielleicht auch. Aber jetzt erstmal Henry, der frisch rein ist, versucht den Ball hier weiterzulegen auf Ronaldo, R9. Aber Niller kommt gerade nicht mehr so richtig hinten raus und dadurch hier die zweite Angriffswelle für Dani Fink. Spielt über Hullet, das macht er gut und jetzt vielleicht der Abschluss direkt. Neymar! 3-1! Dani Fink spielt hier richtig gut nach vorne und kann sich jetzt endlich auch belohnen.
das sieht gut aus von den Timings, wie er auch den letzten Paar spielt und dann fackelt er nicht hier lange, geht auf die klaren, flachen Abschlüsse und auch wenn De Gea oft mit der Fußparade am Start ist, zieht er hier den kürzeren und damit ist das doch mal eine ganz gute Ausgangsposition, weil natürlich der Mitspieler oder der Teamkollege von Dani Fink, Michael Megabit Bittner, einer der absoluten internationalen Topstars ist. Auch sehr erfahren und da bin ich guter Dinge, dass er sich dann mit Sean Allen noch messen kann. Und wenn er 2, vielleicht 3 Tore Vorsprung bekommt für sein Spiel, dann nimmt ihm das natürlich auch jede Menge Druck. Das könnte eine sehr interessante und torreiche Begegnung werden zwischen die beiden. Megabit und Sean Allen. Die sind beide vor allem für ihre bärenstarke Offensive bekannt und defensiv versuchen sie ein hohes Pressing zu spielen und das führt dann aber auch immer wieder mal zu Lücken. Vielleicht noch ein Wort zu Dani Fink. Ich finde, er macht das vor allem vorne gut, wie er den Ball in der Breite zwischen seinen 4 Offensivspielern laufen lässt. Wir hatten vorhin die Situation, wo er Messi am zweiten Pfosten dann noch anspielen konnte. Jetzt aber erstmal die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Hohe L1-Flanke, die dann schön bogenförmig in den 16er reintrudelt und aus irgendeinem Grund ist er neuen da völlig frei. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Messi und am zweiten Pfosten ist Marcelo komplett reingerückt und doppelt CR7 in der Mitte zusammen mit Ramos. Also ich weiß nicht, ob da so ein Wechselfehler von Dani Fink irgendwo vorlag, dass er ganz aus Versehen da auf einmal den Außenverteidiger hatte und den nach vorne gezogen hat, 2-3 Meter. Weil so ein Stellungsfehler von Team of the Year Marcelo, den kann ich mir sonst kaum erklären. Naja, wie dem auch sei, er wird sich weiterhin vorne darauf fokussieren müssen, diese Lücken, die immer wieder entstehen, wenn die Flügelspieler von ihm nachrücken, die beiden ZOMs, die äußeren, da scheint Miller seine Probleme zu haben. Diese Lücken muss er ausnutzen und Henry und Neymar in Szene setzen. Das hat bisher sehr gut geklappt. Da sieht man auch mal, viele Pros antizipieren immer unglaublich aggressiv, wählen die Abwehrspieler, wollte ich sagen. Jetzt aber erstmal warten hier, Henry. Genau das passiert dann nämlich. Sie wählen die Abwehrspieler zu frühzeitig an oder frühzeitig an, nicht immer zu frühzeitig. Sie wollen natürlich in den Passweg reingehen, diesen abfangen. Aber wenn man das weiß, kann man darauf spekulieren und dann zum Beispiel mal gezielt einen Steilpass in die Schnittstelle spielen, die sich eröffnet. Und das dann so eiskalt wie in dem Fall hier ausnutzen. Und damit ist dann jetzt hier wieder mit 2 Toren in Führung. Und es fällt mir bei Nille immer so ein bisschen auf in der Zweikampfführung. Er versucht wirklich aktiv zu verteidigen. Also da gibt es ja auch die 2 Konzepte. Es gibt Spieler, die gehen eher passiv in der zweiten Reihe in die Passwege rein und drücken zum Beispiel die R1 bzw. RB-Taste, um so ein bisschen die CPU-gesteuerten Spieler raufzuschicken. Und es gibt eben die, die sagen, nee, Zweikämpfe muss man aktiv führen. Und da würde ich Nille auf jeden Fall dazu zählen. Oh, sehr guter Laufweg von R9. Das dürfte kein Abseits sein. Macht es erstmal ruhig mit dem Übersteiger, nimmt Walker mit, erneuter Übersteiger, jetzt erstmal zurückgelegt und jetzt ist die Möglichkeit da, hier so ein bisschen das Handballspiel aufzuziehen am 16er. Und wie gesagt, Ziel immer den Stürmer am oder im 16er finden und dann blitzschnell eine überraschende Aktion produzieren. Hullet versucht da dann jetzt CR7 zu finden, aber das gelingt nicht. Der Heel-to-Heel im Mittelfeld ist ein bisschen überhastet angesetzt und dadurch jetzt also wiederum der Ballbesitz für Dani Fink. 10 Ingame-Minuten noch auf der Uhr. Das ist in realer Zeit fast schon nur noch einige Sekunden und deswegen also jetzt natürlich auch hier Dani Fink mit ganz viel Zeit im Spielaufbau. Es wird nochmal ein Pausenmenü angemeldet von Nilla. Dani Fink schaut natürlich, für welche Formation entscheidet er sich. Man sieht auch ein durchaus später Wechsel aus meiner Sicht vom 4-2-3-1. War hier ja mit 2, dann wieder mit einem und jetzt erneut mit 2 Toren hinten. Ja, du musst halt sehen, wie gesagt, es geht ins Rückspiel rein. Ja. Ich denke, er weiß, was für eine Offensivmaschine Sean Allen sein kann, wenn er gut warm läuft. Und deswegen sagt er sich vielleicht, oder das ist auch die gemeinsame Strategie, da wird es eben spannend, dass vielleicht auch Sean Allen gesagt hat, pass einfach auf, versuch die Differenz klein zu halten. Egal, auch wenn es nicht so gut läuft. Und dass er das deswegen hier so lange im 4-2-3-1 gehalten hat. Weil normalerweise, da bin ich auf jeden Fall bei dir, müsste man deutlich früher in eine offensivere Formation wechseln. Also etwa 5 Minuten noch. Und Dani macht hier nicht den Anschein, als wenn er es ganz lassen möchte mit dem Tore schießen. Wenn er hier 3 Tore Vorsprung rausholt, wäre das natürlich für Megabit eine super gute Ausgangsposition für wichtige 3 Punkte in der Gruppenphase. Ich kann euch dann gleich auch mal ein Update geben, wie es in der Tabelle gerade steht hier in Gruppe B. Das ist immer bitter, wenn bei solchen Zweikämpfen Foul gepfiffen wird. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie der Schiedsrichter, wie streng der sozusagen ist. Es gibt unterschiedliche Stränge gerade in FIFA.
Jetzt also nochmal Konzentration. Son, Flachschuss und Anschlusstreffer. Ja, so ist das. Wenn du auf das dritte Tor gehst vorne, dann hältst du den Ball eben vielleicht diese 2-3 Minuten weniger und erneut geht der Ball genau durch die Beine. War aber auch einfach gut gespielt von Nilla. Ruhe bewahrt vorne, Son gut in Szene gesetzt und der Team of the Season vom Koreaner, der ist nicht zu Unrecht gefürchtet. Es ist halt so nice, dass man hier alle Spieler auswählen kann und jetzt auch noch aus den ganzen Team of the Season Karten schöpfen kann. Ja, ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Variation sehen. Ja. Haben jetzt schon Walker Team of the Season gesehen. Bisher war es eigentlich fast immer Valencia, der in Form, ab und zu mal ein Dani Alves. Vorne werden wir sicherlich auf den ein oder anderen Suarez aus dem La Liga Team of the Season stoßen. Naja, aber erstmal Dani Fink. 3 Minuten Nachspielzeit noch. Vielleicht eine letzte Offensivaktion. Aber Hauptsache erstmal kein Konter und den ganz späten Ausgleich fangen. Das ist auf jeden Fall abseits und damit bei 3 Minuten ist es durchaus so, dass hier Nilla nochmal eine Chance bekommen könnte. Aber es wird abgepfiffen und damit also Hinspielsieg. Trotzdem ein starker Auftritt vom Deutschen. Man sieht, er ist auf der einen Seite zufrieden, klatscht ab, aber so ein bisschen hadert er dennoch mit dem späten Gegentor natürlich. Vielleicht auch mit dem abgefälschten Ball. Aber ich denke, das geht als Resultat so auch in Ordnung. Nilla hatte seine Chancen, hat gut gegengehalten. Es war ein insgesamt doch ausgeglichenes Spiel. Und jetzt wandert er da einmal durch die gesamte Arena für den Handshake. So, da ist er. Fairness natürlich am Start. Und damit werden wir dann jetzt also gleich ins Rückspiel reingehen zwischen zwischen Sean Allen und Megabit. Richtig nice auch, dass jedes Team hier eigene Stühle bekommen hat mit dem Logo des jeweiligen Teams. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, das ganze Event macht hier bisher einen sehr runden Eindruck. Und wir können die Zeit jetzt vielleicht mal kurz nutzen, um euch eine Tabelle abzuholen, während wir aber hier gerade auch in ein anderes Spiel reingehen. Ja, wir sehen Ice Principe, der hat letztes Jahr das Regionals in Madrid für sich entscheiden können, im Finale gegen Gorilla, den späteren Weltmeister, sich durchgesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir Rain 10 und der ist durchaus auch ein Bekannter. In Berlin letztes Jahr beim Foot Champions Grand Final unter die Top 8 gekommen, beim FIFA Interactive World Cup, jetzt der FIFA eWorld Cup, also die offizielle Weltmeisterschaft, Top 16. Er kommt aus Mexiko und spielt für den Verein Xanos de Tijuana, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ihr seht es auch unten. Und Eisprinzipe zusammen mit Kurt, auch eine schillernde FIFA-Persönlichkeit für Mkers. Checkt erstmal Twitter im Hintergrund ab, der Kurt. Da ist er ja besonders gerne unterwegs. Ja, das ist durchaus interessant, dass Kurt da am Handy chillt, während sein Kollege 1:3 hinten liegt gerade. Aber auch hier ist es noch das Hinspiel. Also das Update zur Tabelle werden wir euch dann gleich geben, weil es wird immer wieder Slots auch geben, wo so ein bisschen Pause von den Spielen ist. Ich kann nur schon mal so viel sagen, Bochum hat das erste Spiel verloren. Und insofern ist es jetzt hier gleich im Rückspiel. Das ist ein Riesenbock. Ach du Wahnsinniger, was geht da gerade ab? Aber der Ball wird jetzt hier doch nochmal irgendwie geklärt. Genau, im ersten Spiel hat Bochum gegen Envy verloren. Da spielt ja auch ein Deutscher mit, Eisvogel. Und entsprechend wichtig wird hier gleich das Rückspiel von Megabit gegen Sean Allen. Und ich hoffe, da gehen wir gleich wieder rein, weil das wird ein Offensivspektakel, da bin ich ziemlich sicher. Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch die letzten 8 bis 10 Minuten hier uns anschauen und dann wieder rübergehen. Nächste Chance für Rain. Flanke an den zweiten Pfosten. Zu flach. Ja, Principe findet auch noch nicht so ganz zu seiner Form dieses Jahr. Hat zwar bei den Foot Champions Cups jeweils mitgespielt. Aber noch nicht die ganz guten Platzierungen erreichen können. Jetzt die Möglichkeit hier mit Zorn. Schusstäuschung zur Ballannahme. Geht einen Tick zu weit. Und dann ist die Möglichkeit da für ein Tackling. Da muss man also immer drauf achten in der Defensive.
Wann hat der Gegner seine Ballkontakte? Wann legt er sich den Ball vor? Wann liegt der Ball frei, um drauf zu gehen? Und das Team Mkers hat zumindest das erste Spiel auch gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Also hier die Zusammensetzung des Italieners Principe und des Maltesers Kurt. Interessante Konstellation auf jeden Fall. Und für mich durchaus ein Team, was hier um den Titel mitspielen kann. Und auch hier sieht es weiterhin gut aus. Das Hinspiel geht 3:1 aus. Wobei hier steht jetzt gerade für Xolos. Ich weiß nicht, ob jetzt oben eine Anzeige ein Fehler ist oder ob ich es gerade falsch gesehen hatte. Nein, Principe hat das Spiel verloren. Das muss ich korrigieren. 3:1 für das mexikanische Team. Und damit steht Kurt jetzt hier im Rückspiel gleich ein bisschen mehr unter Druck. Aber wie gesagt, ich hoffe, es geht gleich zurück zu dem Bochum-Spiel. Da aber nochmal der Hinweis, wir werden auch dieses Mal auf die Regie leider keinen Einfluss nehmen. Wir kriegen die Spiele so angeliefert aus Paris und kommentieren dann für euch einfach drüber. Aber das ist immer genau das Gleiche, was auch im Hauptstream läuft. Und hier sieht man nochmal so ein bisschen die Areas der Teams. Also ich muss schon sagen, das ist sehr nice gemacht, auch mit dem Licht, was hier irgendwie durchwechselt und so. Das Einzige, was man sicherlich noch irgendwie mal ergänzen könnte, da ist EA ja immer noch so ein bisschen vorsichtig, ist die Einbindung wirklich auch von Fans vor Ort, dass es die Möglichkeit gibt, für Zuschauer live vor Ort dabei zu sein. So ist es ja dann doch immer eher so ein bisschen Produktionsstudio-mäßig. Ja, und für den Italiener Principe, da geht es auf jeden Fall noch mal einiges hier. Er ist noch nicht für die Global Playoffs qualifiziert. Und deswegen hier die große Möglichkeit für ihn, den Run hinzulegen. Da sehen wir, glaube ich, David By the Way im Bild. Im etwas längeren Mantel. Spieler auch vom VfL Wolfsburg. Und hier gibt es jetzt nochmal ein paar Highlights des Vormittags. Das Tor haben wir gerade gesehen. Wow, und auch ein Seitfallzieher-Tor ist also schon gefallen. Das Bild von Manika kenne ich auch so ein bisschen. Sehr emotionaler Spieler, der sich gerne auch mal aufregt über sich oder über das Spiel. Georg, ich denke, wir können die Zeit kurz nutzen, hier mal einen Blick auf die Tabelle zu werfen. Wir haben ja gerade bisher Spiele aus Gruppe B gesehen. In Gruppe A ging es noch nicht los. Und diese führt Falcon eSports an und das ist ein Team, was du auch auf dem Favoritenzettel hattest. Durchaus, also ich hatte es schon angesprochen, MS Dosari aus Saudi-Arabien, der hat ja vor kurzem den Foot Champions Cup in Manchester für sich entschieden. Kann man also argumentieren, zum jetzigen Zeitpunkt gerade der beste Spieler der Welt vielleicht. Und er zusammen mit The Royal, auch aus Saudi-Arabien, beide also Top-Leute. The Royal letztes Jahr ein Major geholt und ein starkes FIFA 17 Jahr gespielt. Insofern auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Zettel haben muss. Konnten ihre ersten beiden Matchups für sich entscheiden, 6 Punkte. Aber auch Team Envias ist durchaus eine Adresse, an die man sich mal wenden kann, wenn es um gutes FIFA geht. Mit Eisvogel unter anderem, unserem deutschen Akteur. Genau, der ja im Finale gegen MS Dosari verloren hat. Also hier die Möglichkeit direkt mal sich zu revanchieren und nochmal wieder neu gegeneinander zu spielen. Und Eisvogel spielt mit dem Franzosen Aero zusammen und der war im erweiterten Kader der französischen Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch eine sehr coole Entwicklung. In Frankreich generell ist, sage ich mal, die französische FIFA-Szene immer so ein bisschen Vorreiter auch in der ganzen Community und die haben jetzt wirklich offiziell eine Nationalmannschaft ins Leben gerufen. Hier sieht man auch nochmal, dass Eisvogel diese Revanche sehr erfolgreich machen konnte. Also Envy spielt tatsächlich hier gerade in Runde 3 auch gegen Falcon eSports und da hat der MS Dosari mal 6:2 hier weggehauen. Also das ist auf jeden Fall richtig stark. Und dann sieht man gerade auch nochmal die geupdatete, das ist die Tabelle, die uns hier auch vorliegt in der App, über die wir gerade sprechen. Aber um den Punkt kurz zu Ende zu machen, in Frankreich gibt es jetzt eine Nationalmannschaft, können wir vielleicht später nochmal in Ruhe drüber sprechen und da war eben der Teamkollege von Eisvogel auch am erweiterten Kader. An Position 3 ist dann Lighting Pandas gerade, die haben bisher 4 Punkte. Die spielen ja gerade gegen den VfL Bochum, die an Position 4 sind. An Position 5 gerade Paris Saint-Germain. An 6 Mkers, das Team bestehend aus Principe und Kurt. Brøndby oder Brøndby, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht, das dänische Team ist deswegen dabei, das kann man sicherlich auch nochmal kurz aufgreifen, weil eben letztes Jahr ja Marcuso den Club World Cup gewonnen hat. Da war es allerdings noch ein 1-gegen-1 Turnier und dementsprechend durfte jetzt hier Brøndby aber den Slot wieder übernehmen. Marcuso spielt mittlerweile für Manchester City, deswegen spielen hier seine beiden neuen Teamkollegen und um das noch kurz zu komplettieren,
Xolos, das mexikanische Team, aktuell mit 0 Punkten auf Rang 8, also dem letzten Tabellenplatz in Gruppe B. Hier im Bild hatten wir übrigens eben die englischen Hosts, unsere Kollegen vor Ort, jetzt hier also Lee Smith und Joe Miller, auch sehr bekannte Kommentatoren, die das nächste Spiel im englischen Stream übernehmen werden. Aber ich denke, für euch ist es auf jeden Fall cooler, wenn wir euch ein paar Updates währenddessen geben und also im deutschen Kommentar dort drüber reden. Und wir gehen also jetzt tatsächlich ins Rückspiel im Matchup VfL Bochum gegen Lightning Pandas. Megabit, der Deutsche, auch schon für die Global Playoffs qualifiziert, die dann vom 28. Mai bis 3. Juni stattfinden werden. Natürlich wieder live übertragen bei Sport1 gegen den Engländer Dragon. Und auch der hat es beim Last Chance Qualifier gepackt, sich für die Global Playoffs in Amsterdam zu qualifizieren. Und jetzt wird mir hier gerade nochmal im YouTube-Chat gesagt, es wird Brøndby ausgesprochen. Stimmt, ich hatte es irgendwie auch noch so lose im Kopf. Danke da auf jeden Fall in den Chat. Und damit können wir jetzt hier reingehen in ein hoffentlich actiongeladenes Spiel. Ich sag einfach mal, das könnten durchaus hier zweistellige Tore werden. Also sowas wie ein 5:5 oder so. Erster Angriff jetzt hier direkt auf Seiten von Dragon. Und man sieht gleich ein paar mehr Skill-Moves. Dragback, er lässt den Ball ein bisschen laufen. Schnelles Kombinationsspiel, das dürfte kein Abseits sein. Und Henry, ja, weiß ich nicht, was der sich da gerade gedacht hat bei dem Abschluss. Und Dragon, das ist auf jeden Fall auch einer der Spieler, die, was FIFA Ultimate Team, FIFA generell und auch die Spielerwahl, ja, so ein bisschen diesen Community-Spirit leben, dass sie sagen, also ich finde einen Son teilweise besser als einen Ronaldo oder einen Salah teilweise besser als einen CR7 oder so. Und man sieht deswegen auch, dass er hier tatsächlich in der Startelf mit Son Team of the Season und Salah spielt. Ich gehe mal davon aus, dass es die SBC-Karte Player of the Year von Salah ist. Jetzt aber erstmal die Möglichkeit für Megabit hier vielleicht durchzustecken. Und im zentralen Mittelfeld ist es dann Matthäus, Rullit und Vera. Bisschen klassischer, aber vorne tatsächlich Henry und Son im Sturm und Salah auf der 10. Kein Icon Ronaldo, kein Cristiano Ronaldo Team of the Year, kein Messi Team of the Year, kein Suarez Team of the Season. Also wirklich sehr exotische Spielerwahl. Lupfer von Megabit, aber es war abseits und das hat er wohl direkt gesehen. Sonst, glaube ich, hätte er den nicht gelupft. Ja, Dragon ist schon irgendwie ein verrückter FIFA-Spieler. Auf jeden Fall. Aber ist doch auch eine schöne Abwechslung mal. Und Frisalko Rechtsverteidiger. Also der Junge ist wirklich mit einem Weekend League-Team hier mehr oder weniger am Start. Mit so einem... Richtiger Schwitzer. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber wenn du es so formulieren möchtest. Mal schauen, ob er damit hier gegenhalten kann. Weil aus meiner Sicht ist das doch auf jeden Fall ein Nachteil, mit diesen Spielern unterwegs zu sein, anstelle eben von Messi, R9 und CR7 bei Megabit. Und weil hier immer wieder auch das Thema Pro-Owns aufgegriffen wird. Unser letzter Stand ist da, dass sich Pro-Owns bzw. sein Team, wie heißen die Guten hier nochmal? Focus Clan. Der Focus Clan, genau. Dass sie sich gerade noch nicht weiter zu dem Thema äußern. Deswegen haben wir da keine offiziellen Infos, wie es aussieht. Und ich denke, man muss da noch ein bisschen abwarten. Aber es geht wohl in diese ganze Richtung Coin-Selling. Oh, Druckphase von Megabit. Fast die Abschlussmöglichkeit da gewesen. Eben jetzt. Oh, das Tackling im 16er. Er kriegt den Ball auch mit. CR7 und dann etwas überhastet der Abschluss. Insofern also bleibt es beim 0:0. Aber natürlich aus dem Hinspiel, für alle, die später hinzugeschaltet haben, die beiden Partien vom PlayStation und vom Xbox-Spieler hier immer zu zweit angetreten für ihren Verein oder ihr eSports-Team, werden zusammengerechnet und damit also immer noch die Eintoreführung aus dem Hinspiel, was Dani Fink vor wenigen Minuten gegen Nilla mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Jetzt R9 weitergelegt, Messi, das muss doch das 1:0 sein, aber er nimmt den rechten Fuß, obwohl die Ausrichtung eigentlich perfekt war für einen flachen Schlenzer mit links natürlich. Und das sind so Momente in FIFA 18, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann, was da denn programmiert ist. Also man kann das schon selber auch beeinflussen natürlich ein Stück weit, welcher Fuß genommen wird. Und boah, der Fuß ist wieder da.
Aus meiner Sicht war es aber von der Ausrichtung her und wie er den Ball sich gelegt hat, sehr, sehr gut gemacht. Er hätte vielleicht noch so ganz kurz einen kleinen Zwischenschritt machen können, bevor er die Schusstaste drückt. Naja, Megabit macht auf jeden Fall einen guten Eindruck bisher, steht stabil hinten und vorne hat er schon einiges an Gefahr ausstrahlen können. Gute Balance auch zwischen ruhigem Aufbauspiel, Sicherheit und dann, wenn es vorne schnell gehen muss, mit einer Tempoverschärfung. Jetzt mal über die Außen. Marcelo, Flankenmöglichkeit. Nein, er macht einen flachen, druckvollen Pass an den ersten Pfosten, der auch beinahe einen Mitspieler gefunden hätte. Und bisher, abgesehen von diesem einen Schuss mit Son, mit links in die kurze Ecke, ist da offensiv noch nicht so viel zu sehen vom Engländer. Nächste Möglichkeit jetzt vielleicht mal wieder Son, dreht sich raus. Und dann kommt der CPU-Spieler Vieira angeprescht, kann diesen Ball relativ locker erobern. Also wie gesagt, um das nochmal einzuordnen, der Engländer Sean Allen, auch gut bekannt als Dragon, war in FIFA 16 Vize-Weltmeister und hat letztes Jahr Gorilla zum Weltmeistertitel gecoacht. Jetzt aber wieder Megabit, der den 1-0-Treffer hier richtig stark erzielen kann. Und ich denke, was er hier gut gemacht hat, dass er kurz verzögert hat mit Ronaldo und dann flach aufs kurze Eck. Mal eine interessante Abschlussvariation. Und so geht er hier in Führung. Und ja, Dragon in FIFA 18 noch nicht ganz so konstant. Jetzt mit dem Last Chance Qualifier konnte er sich sein Global Series Ticket sichern. Aber für jemanden, der eben schon mal Vize-Weltmeister war, sind natürlich die Ansprüche sehr, sehr hoch. Und deswegen wird er auch bei diesem Event hier auf jeden Fall unter die Top 3 kommen wollen. Also so kennt man ihn einfach. Er will immer ganz vorne mitspielen. Und Megabit ist sicherlich einer der deutschen Spieler, der das Potenzial hat, genau in diese Platzierung auch jetzt mal zu kommen international. Jetzt aber Dragon mit Rullit und in dem letzten Moment noch die Grätsche. Danach etwas unkonventionell rausgespielt. Aber da musste Megabit sich aber tüchtig strecken, um hier im letzten Moment noch die Situation zu entschärfen. Und man kennt es in FIFA, dann im Gegenzug den 2-0-Treffer erzielen. Das kann immer ein richtiger Tiefschlag sein für den Gegner. Gelingt ihm aber jetzt hier in diesem Moment nicht. Und so langsam kommt dort der Engländer besser in seinen Flow rein. Henry, Schletzerposition, der kommt zu hoch und segelt dann am Kreuzeck vorbei. Ja, die Eintore-Führung, die Dani Fink erarbeitet hat, die kann hier auf jeden Fall noch wertvoll werden. Man sieht es unten in der Ergebnisanzeige, das lässt sich eben in dem eSports-Modus von FIFA 18 einstellen, dass man sagt, das Hinspiel ging so und so aus, obwohl es auf der Playstation in dem Fall gespielt wurde. Und sollte es dann hier unentschieden stehen, später in der K.O.-Phase ging es zum Beispiel direkt in eine Verlängerung. Also das ist auch technisch sehr cool gelöst. Nächster Angriff hier von Megabit. Spielt druckvoll, hat ein bisschen Glück, dass er neuen den Ball hier weitergelegt bekommt. Messi! 2-0, sehr stark gespielt, hier die Ruhe bewahrt, bis er Messi wirklich unten perfekt freispielen konnte und dann auch eiskalt eingeschoben. Und jetzt hier eine deutlich komfortablere Führung. Ja, der Megabit, der zeigt, warum er so gefürchtet ist offensiv. Es ist unheimlich schwer gegen ihn, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um den Ball zu erobern. Wenn du drauf gehst, ist er sowohl im engen Dribbling als auch im One-Touch-Passspiel sehr geschickt, kann dann immer wieder sich rausdrehen oder halt im letzten Moment, bevor du das Tackling ansetzt, den Pass wegspielen und dann immer wieder die Initiierung der Doppelpässe mit L1, sodass er dann die Laufwege vorne hat und im richtigen Moment durchstecken kann. Und das sieht dann so einfach aus, dass auf einmal Messi außen durchgelaufen ist, aber im Spielaufbau ist es eben der große Skill, den er da mitbringt. Auch er in der 4-2-2-2-Formation unterwegs, also das ist auch so ein Trend. Hier sehen wir nochmal Dragon mit der engen Raute. Vielleicht hat Megabit aber auch nochmal gewechselt, weil er in seinem ersten Spiel zum Beispiel gegen den Franzosen Aero vom Team NVRs 5:3 verloren hat. Und teilweise hat man dann mit der Formation, die man sich eigentlich überlegt hat für das Event, nicht mehr so ein gutes Gefühl und wechselt nochmal. Ja, er ist auch ein sehr intelligenter Spieler, der es auch schafft, sich während des Turniers umzustellen, sein Spiel anzupassen, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Denn FIFA ist momentan auch so, dass es sich immer ein bisschen anders spielt, wenn man offline vor Ort ist. Diese eSports-Version ist nochmal so ein Ticken anders, da sind vielleicht einige Regler nochmal
verschoben, sodass es sich dann defensiv und vom Tempo her anders spielt. Nächste Situation. Chance mit R9. Und er ist da sehr, sehr gut nach den ersten Spielen, selbst wenn es da nicht so läuft und er viele Gegentore kriegt, wie jetzt beispielsweise gegen Aero, dass er seinen Spielstil, seine Taktik, Formation etc. anpasst. Also im zweiten Spiel, so habe ich gerade auch nochmal nachgeguckt, hat er dann gegen Kurt gespielt, den Malteser, der sich ja selber als bester FIFA-Spieler, den es jemals gab, bezeichnet. Früher war den der es jemals geben wird. Und früher war er nur der beste Spieler des jeweiligen FIFA-Teils. Und den hat er dann einfach mal 7:3 geschlagen. Also im zweiten Spiel ist der Megabit dann schon warm gelaufen. Und auch hier, finde ich, spielt er bis jetzt wirklich gut nach vorne, lässt den Ball immer wieder laufen und Dragon kommt da einfach nicht hinterher. Und jetzt sieht man auch, er nickt hier mit dem Kopf, er weiß ganz genau, hier ist alles auf 3 Punkte ausgerichtet. Und das ist einfach so wunderschön gespielt. Auch die Timings dabei. Also Georg kommt hier aus dem Staunen gar nicht mehr raus neben mir. Richtig schön gemacht, indem er eben nicht nur One-Touch spielt, teilweise One-Touch, teilweise nimmt er den Ball kurz mit. Das macht es von den Timings her sehr schwer zu verteidigen. Und dann in den Abschlüssen immer wieder eiskalt. Und damit ist das hier schon ein bisschen eine sehr, sehr dominante Vorstellung von Megabit. Wunderschönes Tor, wirklich. Also genau diese angesprochenen Kombinationen von kleinen Drehungen, guten Pass-Timings in Perfektion durchgeführt. Und damit also komfortabel hier in Führung die beiden Bochumer. Und ich denke, das wird sich Megabit wohl dann nicht mehr nehmen lassen. Er ist durchaus so ein Spieler, der läuft heiß, aber dann kühlt er sich auch mal schnell wieder runter und fängt sich 3, 4 Gegentore. Ja, aber er weiß mittlerweile auf Basis der ganzen internationalen Turniere, die er gespielt hat, auch, wie man ein Ergebnis notfalls verwaltet. In diesem Fall denkt er sich aber, Angriff ist die beste Verteidigung, um hier mal kurz unser Phrasenschwein ein bisschen zu füllen. Und legt einfach nach, 4:0. Sean Allen hat auch nicht mehr so richtig Bock, was ich da gerade aus der Facecam sehe. Und insofern dürften das hier 3 wichtige Punkte für den VfL Bochum sein im dritten Gruppenspiel hier in Gruppe B. Ja, und damit ziehen sie auch hier an ihren direkten Konkurrenten, den Lightning Panthers, vorbei. Die ersten 4 Teams kommen ja weiter. Wir haben 2 Achtergruppen, also insgesamt 16 Teams. Und insofern kann man sich durchaus auch mal die eine oder andere Niederlage leisten. Und umgekehrt wichtig ist es, 3 Punkte sich zu holen, um dann irgendwie in die Top 4 zu kommen. Ab da ist das Niveau so hoch, die Leistungsdichte so eng. Das ist, natürlich kann man sagen, es sollte immer ein Ziel sein, auch dann, weil über Kreuz gespielt wird, in der K.O.-Phase irgendwie als Erster durchzukommen, damit man gegen den viertplatzierten, vermeintlich Schwächeren spielt. Aber in FIFA auf dem Niveau ist dieser Unterschied dann sehr gering. Ja, und aufgrund dieser Leistungsdichte haben wir es auch in den vergangenen Monaten bei den Events gesehen, dass man sich teilweise sehr gute Platzierungen erarbeitet hat, aber dann eben doch in der ersten K.O.-Runde direkt auf einen der besten Spieler der Welt getroffen ist, weil der beispielsweise in der Gruppenphase eben so seine Probleme hatte, sich und seine Form zu finden. Und insofern ist das auf jeden Fall keine Garantie. Aber Megabit, der macht dennoch so weiter, wie er hier die vergangenen 60, 65 Minuten gespielt hat. Man kommt da einfach teilweise nicht mehr hinterher. Jetzt auch gerade die Aktion, die sieht super simpel aus. Er nimmt den Ball mit, aber er weiß ganz genau, Totti Ronaldo hat das Tempo, wenn er den Ball mitnimmt, dass schon einer nicht mehr hinterherkommt und deswegen gibt er direkt danach den Schuss ein. Und das ist eben auch eine Stärke von Megabit, das Simple. Aber er hat so viele Spiele gespielt, so viele Erfahrungen, dass er genau weiß, wie er auch die simplen Aktionen immer wieder zu timen hat. Ja, und also aus meiner Sicht merkt man einfach, dass dieser Niveauunterschied schon bei der Spielerauswahl sich bemerkbar macht. Du hast einen Team of the Year Ronaldo und einen R9 Prime, die dort vorne aber sowas von Betrieb machen und auch einfach eine immense Gefahr ausstrahlen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben Son und Salah, die auch auf jeden Fall absolute Top-Spieler sind, aber dann eben von einem Team of the Year Ramos, einem Maldini und Co. in der Viererkette eher abgekocht werden als ein Totti Ronaldo. Also Team of the Year Ronaldo nicht zu spielen, ist aus meiner Sicht halt ein Riesenfehler, den hier Sean Allen macht. Und ich denke, da ist er einfach zu verkopft in der ganzen Sache, dass er sich sagt, ja, und dann spielt sich das Team vielleicht nicht so gut. Also so diese subjektiven Eindrücke da, ich weiß nicht, ob er denen nicht zu viel Gewicht beimisst. Ja, es gibt halt in FIFA sehr viel Conspiracy, irgendwelche Theorien, die die Spieler so haben. Dafür ist nun mal die Ultimate Team-Szene auch irgendwo bekannt. Und manchmal muss man dann vielleicht bei Pro vs. Pro
merken, anders als in der Weekend League, diese paar Prozente machen dann doch einen großen Unterschied. Ich kann mir schon vorstellen, John Allen ist eben so ein Weltklasse-Offensivspieler, dass er in der Weekend League auch gegen die Top-Leute, wenn es dann am Ende um 38, 39, 40 Siege geht, in der Lage ist, auch mit einem Mo Salah noch den Unterschied zu machen. Aber gegen einen Profispieler, der noch mal besser verteidigt, fehlen dann ein paar Prozente. Ich meine, er hat 40-0 geholt beim Last Chance Qualifier. Ich weiß natürlich nicht mit welchem Team, ob er da auch schon so gespielt hat. Aber ich habe häufiger Screens von ihm gesehen im Verlauf der Saison, die so ähnlich aussahen wie sein Team hier. Also gerade in der Offensive baut er da auf durchaus unkonventionelle Varianten im Vergleich jetzt zu den anderen Top-Leuten, die sich jedes erdenkliche Team leisten können durch eben anfängliche Investitionen und auch dann die wöchentliche Top-100-Platzierung. Naja, wer weiß, vielleicht wechselt er ja auch noch hier zwischen den Spielen. Seine Aufstellung passt sich an. Jetzt ist auch Ronaldo eingewechselt. Rullet mit einem Abschluss, um hier vielleicht nochmal zumindest einen Treffer zu erzielen. Aber das gelingt zunächst nicht. Fast jedoch der Fallrückzieher in dieser Situation. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Walker war, der auf der Linie geklärt hat oder dann doch der Pfosten. Hätte zwar keinen Unterschied gemacht, aber ein schönes Tor wäre es auf jeden Fall gewesen. Genauso wie vielleicht jetzt nach diesem Flick-Up die Möglichkeit für Megabit. Aber am Ende muss er jetzt den Angriff neu aufbauen und verliert den Ball. Es sind auch nur noch wenige Sekunden zu spielen, bis dann hier die 3 Punkte eingetragen werden für den deutschen Zweitligisten. Aber Messi wieder zurück. R9 versucht durchzustecken und da gibt es dann den Abpfiff im Hintergrund. Bald auch der Teammanager von Bochum eSports. Die Faust, wichtiger Sieg. Megabit ist auch noch richtig motiviert hier, selbst nach diesem klaren Sieg. Und der Spaziergang rüber zu John Allen. Ja, selbstbewusste Körpersprache, muss man mal sagen. Durchaus. Und für Bochum hier in Form des eSports-Teams natürlich die Möglichkeit, eine ohnehin schon, denke ich, sehr solide Saison nochmal zu krönen. Und ich glaube, das hat man Megabit gerade auch ansehen können. Der ist auf jeden Fall heiß. Und obwohl er sein Ticket für das wichtige nächste Major-Event schon hat, wird er hier alles dafür geben, seinen Verein VfL Bochum bestmöglich zu repräsentieren. Ja, wir haben gerade die Übersicht der Ergebnisse für euch hier. Also Mkers können das Ganze noch drehen. Kurt mit einem sehr eindeutigen 6:2 Sieg gegen Uli Bari von Xolos. Dann Bochum, das haben wir eben gesehen, mit 8:3 gewonnen gegen die Lightning Panthers. PSG eSports, der Gastgeber hier in Paris, wo der Club World Cup stattfindet, verliert gegen Brøndby. Also Manika unentschieden gegen Fredberg und PSG DAX wurde jetzt eben nochmal korrigiert. 2:5 gegen FIFA-WM. Und das ist deutlich. Und dann Team Envy mit einem sehr deutlichen Sieg gegen Falcon eSports. Also für die Deutschen läuft es gerade. Hier sehen wir jetzt, glaube ich, nochmal die Highlights oder einen Ausschnitt von Kurt gegen Uli Bari. Oder wir gehen noch live rein ins Spiel und das war tatsächlich ein Live-Resultat. 7:2, also das Spiel läuft tatsächlich noch. Und damit läuft dann wohl auch noch DAX gegen FIFA-WM 2:5. Aber auch da wird es natürlich schwer. Und Kurt musste hier so auftreten. Wir haben vorhin schon das Hinspielergebnis gesehen. Da waren die Mexikaner noch in Führung. Und Kurt, der Malteser, beste FIFA-Spieler, den es jemals gab und jemals geben wird, wenn es nach ihm selbst geht. Der zeigt hier mal, dass er tatsächlich sehr, sehr gut ist. Jetzt wissen wir auch, warum er am Handy gechillt hat. Also entweder er hat einen Twitter-Post fertig gemacht mit einem kurzen Bild. Jungs, macht euch keine Sorgen, ich drehe das gleich noch. Oder er wusste halt sowieso schon, wie das ganz hier entspannt, gleich ausgehen wird. Prinzipe, spiel dich mal warm in der Gruppenphase, aber ich carry dich notfalls, mein Lieber. Da brauchst du dir mal gar keinen Kopf machen. Krass, man muss aber auch dazu sagen, dass Rain 10, der Spieler, der eben Prinzipe geschlagen hat in dem mexikanischen Team, auf jeden Fall der deutlich erfahrenere Spieler ist, mehrfacher mexikanischer Meister und letztes Jahr auch international gut unterwegs gewesen bei den Globals sozusagen, also der Foot Championship Series. Letztes Jahr war das System ja noch ein bisschen anders aufgebaut, ist er in der Top 8 gewesen und auch beim FeCWC Grand Final war er dabei. Und sein Mitspieler hier, Uli Barry, der ist eher noch unerfahrener und dann geht das eben leider mal schnell auf dem Niveau aus seiner Sicht, dass man hier so unter die Räder gerät. Aber das sind wichtige Erfahrungen. Ich meine, gegen so einen Topmann wie Kurt zu spielen, generell bei so einem Event unterwegs zu sein, auch wenn es mal auf die Mütze gibt,
das sind einfach Momente, die braucht man in der FIFA-Karriere, gerade in den Anfängen, um daraus zu lernen. Und mit einem bisschen Abstand wird er dann hier auch zurückblicken und analysieren, woran es denn gelegen hat. Und dann werden wir ihn vielleicht bei zukünftigen Events wiedersehen, denn allein die Qualifikation für dieses Event ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Ich muss ja mal sagen, was ich ein interessantes Gedankenexperiment finde. Stell dir vor, Kurt im Prinzip gewinnt das Ganze hier. Kurt ist ja immer der Meinung, er selber ist der Beste und er macht ja auch wirklich immer auf One-Man-Show. Jetzt muss er irgendwie damit klarkommen, dass sie das als Team gewonnen haben und dass es sein erster Titel ist. Das heißt, man kann nicht hundertprozentig nachweisen, klar, man kann sich die Einzelergebnisse angucken, aber ob es jetzt er war oder sein Mitspieler, ob er dann so in die Richtung geht, geil Mann, wir haben das als Team geholt, oder ob er irgendwie auf seine klassische Art und Weise arrogant kommentiert. Ich meine, davon sind wir noch ein bisschen entfernt, aber fände ich auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das dann ausgehen würde. Man muss auch sagen, er ist so ein bisschen zurückgerudert in seinen Tönen, die er so auf Twitter von sich gegeben hat. Also letzte Woche wieder nach vorne gerudert. Ja. Ich weiß nicht, ob du den einen Tweet gesehen hast. Nee. Es ist die Phase vorbei, nicht, bei dem Kinder gewinnen. Ach so, ja, doch, es geht jetzt in Richtung Globals und entsprechend ist die heiße Phase angesagt und da ist wieder mit ihm zu rechnen. Und ich sag mal so, also damit spielt er natürlich auf DH Tex an, der das erste Major der Saison gewonnen hat. Und das sind schon noch immer noch die Töne. Aber klar, er hat dann zwischenzeitlich auch ein paar Tweets rausgehauen, wo er, sag ich mal, wieder so ein bisschen respektvoller anerkannt hat, dass andere Leute gut spielen und solche Dinge. So, hier haben wir also die Übersicht der Gruppe B. Team Envy schiebt sich vorbei an Falcons auf Platz 1 und auch VfL Bochum rückt 2 Slots nach vorne auf Platz 2 momentan, aber punktgleich mit Falcons eSport und den Mkers. Also da kommt es nur auf die Tordifferenz an, die ihr dann rechts seht. Danach geschossene Tore, dann direkter Vergleich und danach dann Gegentore wahrscheinlich noch. Und irgendwann soll es vielleicht sogar auch einen Münzwurf geben. Das wäre ein Ding, wenn wir das hier sehen würden. Und jetzt also hier nochmal einige Highlights des bisherigen Tages. R9, natürlich einer der wichtigsten Spieler, die wir hier immer wieder sehen werden. Und Eisvogel, bei die Ergebnisse hatten wir hier schon. Ich wollte eigentlich die Runde danach mir nochmal angucken, was seine Einzelergebnisse jetzt gerade in der letzten Runde waren. Spielt auf jeden Fall heute auch ein gutes Turnier. Gegen Nilla 2-1 gewonnen in seinem zweiten Spiel und jetzt gerade im dritten Spiel nur Momento, ich bin hier gerade in dieser App. Ja, wir gucken uns ein bisschen die Sen, vermute ich mal, an. Oder den Renn. Irgendwie wird es mir hier gerade nicht sauber angezeigt. Es sollte auch zeitnah weitergehen mit der nächsten Runde. Mit Runde 4. 5 werden natürlich gespielt pro... Ne, was sage ich? 5 pro Gruppe. Wir haben ja 8er-Gruppen. Es werden 7 Runden pro Gruppe gespielt. Selbstverständlich. Beim offiziellen Qualifier der Global Series. Also wir sind hier noch in Stage 1 mehr oder weniger der Saison. Es ist immer noch ein Qualifier für die Global Playoffs, wo man sich dann, also bei den Global Playoffs, für die offizielle Weltmeisterschaft qualifizieren kann. Aber natürlich ist es dadurch, dass es die Klub-WM ist, auf jeden Fall nochmal ein Turnier von höherem Rang mit einer größeren Wichtigkeit. Ja, und da kamen 2 kurzfristige News rein. Zum einen, und das ist natürlich sehr schade, der Gastgeber Paris Saint-Germain eSports muss leider auf Rocky verzichten. Man hat es eben auch schon mal gesehen im Stream, dass dort jetzt Dax sozusagen reingesubbt wurde. Also er ersetzt ihn. Rocky hat einfach nur geschrieben aus persönlichen Gründen. Also wir wissen nicht genau, was bei ihm los ist. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Und das ist sehr schade, weil das natürlich von einem der Superstars der FIFA 17 Season das Comeback gewesen wäre hier auf dem internationalen Parkett. Insofern das schade. Und dann hat leider auch ein anderer Superstar der FIFA 18 Season allerdings, jetzt Nicholas99FC aus Argentinien, ganz kurzfristig gesagt, dass er hier nicht beim Event dabei sein kann. Der Kollege ist kurzfristig ein bisschen krank geworden und dementsprechend musste er absagen und dafür das Team vom ECV eSports dabei.
Ich war hier drüben, so, ihr habt nicht gehört am Anfang. Ja, bei uns geht es gleich weiter mit Runde 4. Ihr seht es ja auch selber gerade, ein kleines Päuschen, was sich die Kollegen da vor Ort in Paris gönnen. Aber es sollte nicht allzu lange dauern. Malte, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen. Trommelwirbel. Oh, jetzt kommt's. Ich bin schon ganz nervös. Wen siehst du denn als Favoriten für diesen Turniersieg beim Club World Cup hier in Paris an? Also, muss ich jetzt ein Team sagen oder kann ich dir auch 3 Teams sagen? Machen wir 2 draus. Regeln? Also wir wollen es ja jetzt hier auch nicht zu Larifari gestalten. Ne? Machen wir 2 Teams. Okay. Also dann würde ich einmal so eine Turnierspieler-Bet setzen, so nenne ich die mal. Und zwar Unilet, weil eben Gorilla dabei ist und Gorilla ist einfach so ein Turnierspieler, wenn der heiß läuft, er ist der amtierende Weltmeister, dann glaube ich, kann der notfalls, selbst wenn Chels heute nicht seine allerbeste Tagesform erwischt, dafür sorgen, dass Unilet den Titel nach Hause holen kann. Morgen ja allerdings erst. Wir werden heute einige Spiele übertragen und dann morgen auch wieder für euch am Start sein. Und das zweite Team, da wird schon schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal auf Mkers gehen. Ich habe das Gefühl, dass Kurt hier gerade auch heiß läuft und auch Prinzip ist ein sehr erfahrener Spieler. Also das wären dann, glaube ich, so meine beiden Picks. Ich hätte auch noch 2, 3 weitere, aber irgendwann wird es ja auch lächerlich, ne? Deswegen, vielleicht kannst du noch mal 2 Teams nennen. Also und vielleicht ja auch andere Teams als ich. Aus Gruppe A habe ich auf jeden Fall den FC Basel auf dem Zettel. Cody ist meiner Meinung nach auch bei Turnieren enorm stark und Stranger sowieso. Also die, denke ich, muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und dann aus Gruppe B... Ja, Falcon eSports ist auf jeden Fall ein Kandidat. Team Envy hat jetzt halt auch sehr überzeugt, aber ich habe das Gefühl, da könnte in der K.O.-Phase Aero dann vielleicht doch die ein oder anderen Partien verlieren, was dann Eisvogel nicht mehr umdrehen kann. Insofern, ja, sage ich einfach mal Falcon eSports. Ja, das hätte ich. Es sind auch für mich so die Top 4, muss ich schon sagen. Wobei auch Bochum heute einen guten Eindruck bis jetzt macht. Also generell drücken wir natürlich den deutschen Teams und den deutschen Vertretern hier die Daumen. Bisschen schade, dass Transfermarkt kurzfristig jetzt eben nicht dabei ist, weil eben Nicolas krankheitsbedingt nicht anreisen konnte. Dadurch ist auch für den deutschen Vertreter, mit dem er zusammenspielt, die Teilnahme nicht mehr möglich gewesen für Mario. Aber der glücklicherweise ist ja auch schon für die Globals qualifiziert. Ist auch bitter, ne, dass Transfermarkt, weil sie eben nur die beiden Spieler haben, keinen Nachrücker nominieren konnte, wie beispielsweise PSG, wo dann jetzt eben DAX eingesprungen ist. Ja, das verstehe ich auch nicht richtig, weil letztendlich war es ja schon sehr offen gehalten alles und man hat 2 Spieler nominiert und da ist ja prinzipiell erstmal egal, ob das 2 Spieler sind, die wirklich die ganze Zeit für den Verein spielen oder ob es eben so ist, wie das Mkers gemacht haben, dass sie sich wirklich gezielt für das Turnier einen Topspieler noch als Leihspieler reingeholt haben, so kann man das ja vielleicht nennen. Und ich finde, nur weil jetzt Paris 3, 4 feste Vertragsspieler hat, sollten sie nicht bevorzugt werden, dass die Nachrücker nominieren dürfen und Transfermarkt nicht. Aber vielleicht hat es auch andere Gründe, das wissen wir aktuell nicht, dass Transfermarkt vielleicht gesagt hat, okay, wir möchten da nicht antreten. Vielleicht hat sich auch Mario angesteckt bei Nicolas im Bootcamp. Also, man weiß es nicht. Theorien über Theorien. Naja. Ich denke, unsere Kollegen hier in der Redaktion bei Sport1, die werden dann mal die Recherche anschmeißen und dann gibt es demnächst die Insider-Infos. Es wird immer wieder gefragt, wie es denn mit Pro-Owns aussieht. Und ich denke, meistens spielt das hier vor allem auf Amsterdam an. Also unser Bot spuckt natürlich immer fleißig aus, dass er nicht heute bei einem Event dabei ist oder nicht bei diesem aktuellen Event am Wochenende. Aber er ist ja eigentlich qualifiziert für die Global Series Playoffs nächstes Wochenende in Amsterdam. Also übernächste Woche, das geht ja über die Woche hinweg. Und da sieht es jetzt gerade so aus, also es gab gestern einen Artikel bei Kicker eSport, dass er anscheinend disqualifiziert wurde. Es gibt da allerdings noch keine offizielle Bestätigung von seiner Seite oder von der Seite seines Teams, dem Focus-Clan. Und dementsprechend muss man da, denke ich, weiter abwarten, bis es wirklich offizielle Stellungnahmen gibt.
Und sobald wir da mehr wissen, sollte irgendwie im Verlauf des Wochenendes vielleicht nochmal ein Statement kommen, werden wir dann natürlich auch für euch einen Nachtrag geben. Ja, wir haben nach wie vor ein wenig Pause. Insofern für uns die Möglichkeit, uns nochmal auf der Kamera zu zeigen, beispielsweise. Nein, aber auch natürlich die Möglichkeit, mal darüber zu sprechen, wie man denn so die Klub-WM einsortieren kann. Malte, was würdest du sagen? Klub-WM, ich hatte es eben schon erwähnt, es ist halt immer noch in dieser ersten Phase des FIFA-Jahres eigentlich ein Qualifikationsevent. Es gibt 4 Slots, beispielsweise beim Last Chance Qualifier gab es insgesamt 39 Slots für die Global Playoffs. Ja. Also wie kann man da die Klub-WM irgendwo einordnen? Was macht sie da vielleicht besonders? Also generell, das Thema hatten wir ja gerade schon. Ich würde sagen, was sie besonders macht, ist einfach, dass man sein Team offiziell vertreten kann und offiziell für das Team Weltmeister werden kann. Es gibt ja auch im Fußballbereich die Team-Weltmeisterschaft, wo dann am Ende zum Beispiel der Champions-League-Sieger nochmal eine Klub-Weltmeisterschaft spielt. Und diese Art von Turnier oder Wettbewerb finde ich auf jeden Fall cool und ich glaube, allein das motiviert die Spieler schon ordentlich. Es gibt aber genug Profispieler, und das ist auch meine persönliche Meinung, die so ein bisschen kritisieren, dass die Wertigkeit dieses Turniers so ein bisschen runtergestuft wird, weil es mussten sich wirklich absolute Hochkaräter finden, die sich hier durchsetzen in der Qualifikation. Es gab ja Qualifikationsturniere und da waren so viele starke Teams dabei, die sich qualifizieren konnten. Und jetzt gibt es hier am Ende 4 Slots für die Global Series Playoffs und im Last Chance Weekend gibt es 39. Also da hat die Balance irgendwie nicht so ganz gestimmt und das ist sicherlich so die Kritik oder so ein bisschen der fade Beigeschmack, der bei diesem Event mitschwingt. Aber insgesamt ist es ein cooles Konzept, weil es einfach die Teamkomponente mal in den Vordergrund stellt. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt sehr frisch ist und die sich von vielerlei Seiten immer mal wieder gewünscht wurde, dass man sagt, hey, Fußball ist ein Teamsport, wieso kann man nicht auch den FIFA-eSports mehr in diese Teamrichtung bringen? Für mich fehlt dann auch so ein bisschen der Two-on-Two-Modus, dass man wirklich zu zweit aktiv ein Team steuert, aber ich finde, so wie sie es jetzt hier angesetzt haben, ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Start in Richtung eines Teamwettbewerbs und ich kann mir auch vorstellen, wenn das Feedback da jetzt weiter gut bleibt, dass das dann peu à peu auch noch mehr in diese Teamkomponente hineingeführt wird. Auf jeden Fall, also so ein Two-on-Two, so ein Davis-Cup-Modus, One-on-one, so eine Sache, lass zwei, one-on-one. Genau, das ist ultra geil einfach. Das wären auf jeden Fall sehr, sehr coole Möglichkeiten, die sich da offenbaren würden. Ich muss auch sagen, ich persönlich finde zumindest, das ist mein erster Eindruck jetzt vom Event, es ist die coolste Location. Ja, auch der reibungsloseste Ablauf bisher. Ja. Wir haben die Übersicht für uns über alle aktuellen Ergebnisse, die werden live geupdatet, sogar haben wir eben gesehen. Also da muss man auch auf jeden Fall mal ein Lob an EA aussprechen. Und das klappt alles, ja. Also das bisher zumindest. Ja, das ist echt nice. Wir haben natürlich EA auch in der Vergangenheit häufiger mal da kritisiert für einige Abläufe, aber hier muss man auf jeden Fall auch mal ein großes Lob aussprechen. Diese Verbesserung während der Saison schon einzubauen, das ist eine coole Sache und das wird natürlich auch von den Spielern sehr positiv aufgenommen und darauf basiert letztendlich der ganze E-Sports-Fuß irgendwo. Das muss stehen, ja, die Top-Notch muss funktionieren und dann, bildet sich darunter die Spieler. Allein auch, was ja technisch gar nicht mal so simpel umzusetzen ist, dass man erst auf der einen Konsole spielt und dann spielst du auf der anderen, musst das kurz umstöpseln oder irgendwie schauen, dass du das Signal am Fernseher änderst. Das sind so Kleinigkeiten, ja, die kriegt man gelöst. Das ist jetzt technisch kein Hexenwerk, aber daran scheitert es des Öfteren mal. Und bisher läuft hier wirklich alles gut. Also wir wollen es nicht beschreien, aber Zwischenfazit ist auf jeden Fall sehr nices Event, sehr nice Entwicklung, dass es in die Teamrichtung geht und insgesamt wirklich eine schöne, gelungene Produktion. Wir sind natürlich auch wie immer interessiert an eurer Meinung. Ihr könnt also gerne bei uns auf Social Media mitdiskutieren. Hashtag eSportsOnAir auf Twitter beispielsweise oder natürlich auch im YouTube-Chat, im Livestream könnt ihr eure Meinung gerne teilen und dann schauen wir da auf jeden Fall immer mal rein und werden auch auf Fragen, falls ihr irgendwelche Anregungen, Fragen etc. habt, eingehen und insofern also Hashtag eSportsOnAir, schreibt uns und dann bekommen wir das hier direkt auch in unsere Kabine. Und Simon schreibt im YouTube-Chat, jetzt muss nur noch das Spiel eSports tauglich gemacht werden, sozusagen als Ergänzung zu all dem, was wir gerade ausgeführt haben. Und auch das Thema können wir vielleicht kurz aufgreifen, weil es ja doch leider, muss ich sagen, in der FIFA 18-Saison so ein bisschen den Trend gab, dass das Spiel immer häufiger kritisiert wurde, während wir jetzt hier gerade nochmal ein paar Highlights bekommen. Und das liegt vor allem daran, Georg, dass es ja sehr schnell eigentlich gravierende Patches gab. Also vielleicht kann man die Leute von euch nochmal kurz abholen, die das nicht ganz mitbekommen haben. Dieses Season, das Spiel kam raus und FIFA 18 hat den meisten Leuten eigentlich Spaß gemacht.
Es war aber deutlich schwerer. Die Verteidigung war deutlich schwerer. Und ich weiß nicht wann, aber wirklich recht früh. Ich glaube, so 2., 3. Woche oder so kam der erste große Patch. Echt, das ging schon deutlich schneller, glaube ich. Also eine Woche spätestens, glaube ich, nach offiziellem Release von FIFA 18 gab es dann also da das erste Update. Und ich muss sagen, ich war auf jeden Fall auch der Meinung, dass ein Update nötig war, dass man etwas ändern musste. Es gab einige Dinge, die zu unbalanciert waren, die nicht gut funktioniert haben, und ich fand auch, dass der erste Patch vom Spiel von FIFA 18, mit dem dann auch im November gespielt wurde, eigentlich eine gute Variante war, und in den Folgemonaten, gerade der letzte Patch, der jetzt kurz vor dem zweiten Quali-Monat im Februar war, das kam, der hat aus meiner Sicht halt im Spiel nochmal gravierende Änderungen hervorgehoben, die eben nicht unbedingt dem E-Sport so entgegenkommen, mehr Varianz hinzugefügt. Genau. Für euch schon mal kurz hier im Livestream der Hinweis, wir werden gleich so in 1-2 Minuten auch bei Sport 1 im Fernsehen draufgehen. Deswegen wundert euch da nicht, dass wir gleich nochmal eine kurze Begrüßung machen von den Zuschauern, die dann eben im Fernsehen noch dazu schalten und auch nochmal so 1-2 Rahmenbedingungen erklären. Aber für diejenigen von euch, die vielleicht auch hier später dazu geschaltet haben, nochmal eine ganz gute Möglichkeit, eine Einordnung zu bekommen, was das hier für ein Wettbewerb ist, die Klub-Weltmeisterschaft, wie die Regeln sind und was uns hier noch erwartet heute. Nur, dass ihr da also schon mal Bescheid wisst. Hier seht ihr auch nochmal die Arena, also das sieht schon wirklich sehr, sehr schick aus mit den verschiedenen Gaming-Stationen. Die beiden Hosts, links haben wir Spencer im Bild, rechts, ich glaube, sie heißt Laura, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und im Hintergrund also Nilla, glaube ich, den wir da rechts sehen, von den Lightning Pandas. Links, das müsste Brøndby sein, wenn ich das richtig sehe. Und hier also nochmal die Übersicht von Runde 3 in Gruppe B. Die Mkers 9:5 gegen Solas, das Spiel für sich entschieden. VfL Bochum 8:3 gegen die Lightning Pandas. PSG eSports verliert vielleicht ein bisschen überraschend gegen Brøndby mit 5:8 und Team Envy mit einem doch sehr deutlichen Sieg, auch von Aero, ein 1:0 gegen The Royal, ohne Gegentor, durchaus stark, konnte natürlich mit einer 4-Tore-Führung im Rücken relativ befreit aufspielen, aber trotzdem interessant, dass es dann 1:0 ausgegangen ist im zweiten Spiel, wo ja die Ausgangsposition so war, dass The Royal richtig offensiv aufdrehen musste, um 4 Tore aufzuholen. Ja, gut verteidigt auf der anderen Seite, das war ja auch die Ausgangsposition, also ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert natürlich. Man kann in FIFA 18 auch sehr defensiv spielen. Hat ja verschiedene taktische Parameter auch, die man einstellen kann. Nicht zuletzt recht simpel Park the Bus reinhauen oder Abwehrriegel auf Deutsch als Grundtaktik, Ausrichtung. Dann steht man wirklich sehr tief in der eigenen Hälfte. Hier also auch nochmal die Tabellenübersicht. Xolos, das Team aus Mexiko, noch mit 0 Punkten, aber ich denke, die sollte man weiter nicht unterschätzen. Es stehen noch einige Spieler aus. Und Rain Deck kann auf jeden Fall auch viele Spiele carryen. You started alone in your bedroom, and what did you do when you realised you were good at what you do? You went out there, out of your bedroom, out of your house, your hood, your city, and into the world. You challenged yourself and everyone in your way, and you realised some things just can't be done alone. So you joined up as a team and you pushed forward together. You dedicated your lives to this team and moved up the ranks. Would you have gotten to where you are if it wasn't for your team? You share dedication. You push yourselves to the limit. You lose together. You win together. Your mates, your brothers, your family, and together you'll become champions. Bei uns rollt heute wieder der virtuelle Ball. FIFA 18 wird nämlich gespielt in Paris. Wir haben eben schon ein wunderschönes Intro gesehen mit 2 der besten Spielern der Welt, Manika und Rocky. Die spielen für Paris Saint-Germain. Es geht bei diesem Turnier um insgesamt $50.000 Preisgeld und um die Qualifikation für die FIFA 18 Weltmeisterschaft. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zur Live-Übertragung bei Sport 1. Ich bin Georg Raffelt und habe die Ehre, das
das Ganze heute für euch zusammen zu kommentieren mit Malte Never Liquid Hedderich an meiner Seite. Guten Tag auch von meiner Seite nochmal hier an die Fernsehzuschauer, die jetzt nach und nach zuschalten. Wir waren ja heute schon im Livestream unterwegs und trotzdem möchten wir euch nochmal eine kurze Einordnung geben, wo sich eben diese Club-Weltmeisterschaft hier einzusortieren hat. Genau, da haben wir sogar für euch auch was vorbereitet, eine kleine Übersichtsanimation oder Grafik, aber das machen wir erst später, denn wir gehen direkt rein in das Live-Signal. Wir haben nämlich ein Spiel für euch am Start und ich glaube, das ist am Ende das Interessanteste, hier wirklich FIFA-Gameplay zu sehen und alle weiteren Informationen, die nötig sind, die werden wir euch dann noch im Laufe der Übertragung rüberreichen. Insofern da keine Sorgen machen. Wir sehen jetzt erstmal hier links im Bild die Kameras gerichtet auf Principe und Nilla, also der Italiener oben in den roten Trikots unterwegs, spielt für das Team Mkers. Und unten haben wir den Dänen Nilla, der ist für die Liquid Pandas unterwegs in den blauen Trikots. Und die erste Situation direkt mal, Flachschuss und dann der Kopfball, die Rückgabe von Neymar zum Torwart zu De Gea und Nilla mit so einigen Nervositäten am Anfang. Vielleicht ist er doch so ein bisschen angespannt, weil er jetzt weiß, er spielt hier im Fernsehen mal bei Sport 1. Ja, möglicherweise hat er die Info gegeben hat. Für euch nochmal ganz kurz der Hinweis, wir befinden uns hier in der Gruppenphase der Club-Weltmeisterschaft und es ist gerade der 4. Spieltag. Gruppe B wird hier gespielt und das Besondere ist eben, dass erstmalig als Team agiert wird. Man sieht es jeweils links in der Facecam, dass im Hintergrund auch der Teamkollege sitzt, teilweise auch nochmal der Manager, also nicht wundern, wenn da gleich ein paar mehr Leute im Support im Hintergrund sind. Und es gibt immer ein Hinspiel und dann ein Rückspiel. In dem Fall wird hier erst auf der Playstation gespielt und danach dann auf der Xbox. Und beide Spiele werden zu einem Gesamtresultat zusammengerechnet und daraus ergibt sich dann eben entweder, ob man die 3 Punkte holt, ob man 1 Punkt holt bei einem Unentschieden in der Gesamtwertung oder eben, ob man 0 Punkte holt. Und insgesamt sind es 2 Achtergruppen und die ersten 4 kommen dann weiter. Ihr seht auch schon im Hintergrund oben im Bild auf der rechten Seite Kurt, der also zusammen mit Principe hier dieses Turnier bestreitet. Und unten ist es Sean Allen im Hintergrund bei Nilla. Der Engländer Sean Allen, Vize-Weltmeister in FIFA 16 gewesen. Und das könnte durchaus Elfmeter geben, wird aber nicht gepfiffen. Und dadurch jetzt die Kontermöglichkeit für den Italiener. Versucht es mit dem engen Dribbling. Kriegt Ronaldinho diesen Ball nochmal? Ja, das ist der Fall. Und insofern kann er den Angriff fortsetzen. Jordi Alba, seine Wahl, der Team of the Season auf der Linksverteidigerposition. Also eine Spezialkarte mit gesteigerten Werten. Wir spielen ja FIFA Ultimate Team, wo man sich sein Team frei zusammenstellen kann aus den besten Spielern, die möglich sind. Das Ganze funktioniert dann über eine Teamchemie. Spieler aus der gleichen Liga, dem gleichen Team oder von der gleichen Nation harmonieren besser miteinander. Und dann gibt es auch noch Ikonen. Die besten Spieler aus der Geschichte des Fußballs sind also auch im Spiel integriert. Messi ist frei auf links und das ist dann natürlich ein ganz einfacher Abschluss hier zur 2:0 Führung. Und Nilla, der hat tatsächlich große Probleme damit, wenn über das Zentrum die Stürmer angespielt werden und dann außen die Flügelspieler freistehen. Ich weiß nicht, ob das an seiner individuellen Taktik liegt, ob sein Verteidigungsstil zu sehr die Außenverteidiger rauszieht, aber das war schon vorhin gegen Dani Fink sein großes Problem, wo er sich 2 oder 3 Gegentore gefangen hat. Und hier auch gegen Principe kriegt er das nicht so richtig in den Griff. Ja, er versucht immer druckvoll zu verteidigen und häufig wird dann eben auch nochmal die CPU-Verteidigung hinzugezogen, also einen zweiten Spieler, den man nicht aktiv steuert, aber wo man eben über die Anweisung R1 bzw. RB-Taste sagen kann, hey, ich brauche hier gerade ein bisschen Unterstützung, ich möchte doppeln. Und dadurch kann es natürlich passieren, wenn man das defensiv macht, dass der Außenverteidiger angewählt wird. Und dann rückt er rein in den Strafraum und Topspieler sehen das, warten kurz und können dann entsprechend den Raum, der sich da eröffnet, nutzen. Und das ist natürlich für Nilla jetzt hier kein schöner Start, aber es ist noch genug Zeit. Und wie gesagt, es gibt ja dann auch direkt noch das Rückspiel im Anschluss. Und die Tore werden insgesamt zu einer Gesamttordifferenz gezählt. Aber Principe, der Italiener, spielt hier bisher eine wirklich gute Partie. Jetzt aber mit Glück beim Pfostentreffer und danach ist Neymar zur Stelle. Interessante Abschlussvariante da zunächst mit dem normalen Flachschuss.
findet das Aluminium. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Auch dieser Druckpass auf Ronaldo, dass der so ankommt. Durchaus überraschend, aber am Ende des Tages ist das Wichtige, dass der Anschlusstreffer oben auf der Anzeigetafel steht. Und damit hier alles wieder offen. Gespielt werden ja zweimal 6 Minuten. Und natürlich geht dadurch auch alles so ein bisschen schneller in FIFA 18 im Vergleich zum realen Fußball. Auch wenn die Spielmechanik, die Physik des Balles und der Spieler bereits sehr nah dran ist am realen Fußball. Jetzt wieder Niller, der hat so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. Zweiter Pfosten, völlig frei. Neymar per Kopf zum Ausgleichstreffer. Schön gesehen, Übersicht bewahrt, dann den Flankenball rüber gespielt. Genügend auch aufgeladen mit der Flankentaste. Das sind also alles so Faktoren, die man berücksichtigen muss, um dann letztendlich hier auch den Spieler am zweiten Pfosten zu finden. Und dann der Kopfball ins lange Eck. Auch das kann man genau steuern. Wohin soll der Kopfball gehen? Vielleicht als Info für alle, die mit FIFA oder generell Konsolenspielen noch nicht so vertraut sind und hier eingeschaltet haben. Für euch generell auch gerne das Angebot, wenn ihr Fragen habt oder Feedback loswerden wollt, nutzt den Hashtag eSportsOnAir. Da schaue ich auf jeden Fall hier im Verlauf der Sendung immer mal rein, dann können wir da gerne die eine oder andere Frage beantworten. Und Niller dreht jetzt hier gerade richtig auf, lässt den Ball gut laufen und da sieht man eben auch, wie schnell es in FIFA gehen kann. Nächster druckvoller Pass. Im Prinzip muss jetzt hier gerade in der Verteidigung aufpassen. Und es entwickelt sich wirklich so ein offener Schlagabtausch. Beide Spieler gerade auch nicht sonderlich auf den Ballbesitz forciert, sondern gehen hohes Risiko im Aufbauspiel. Man sieht es immer mal wieder, eher unpräzise Pässe. Das ist jetzt stark gemacht mit der Ballrolle, kurz verzögert. Perfektes Timing beim Durchstecken. Und dann ein bisschen Pech hier, dass CR7, die Team of the Year Karte in dem Fall, den Ball hier nicht verwandeln konnte. Jetzt die Möglichkeit im 1 gegen 1. Mit CR7 gegen Desai, auch eine Ikone. Wäre eigentlich ein Spot auch gewesen, um mal einen Trick einzusetzen. Auch da gibt es viele verschiedene Varianten. Hier beispielsweise ein Übersteiger angesetzt. Aber in der Ausführung war das dann zu langsam und auch nicht wirklich die richtige Anwendungssituation und dadurch eine leichte Balleroberung für Prinzipe. Der hier tatsächlich nach seinem Blitzstart die Kontrolle wieder verloren hat über das Spiel. Und jetzt eine gefährliche Freistoßposition gegen sich hat. Häufig sehen wir kurzgelegte Varianten. Es werden erstmal 2 Spieler hinzugeholt. Rullic springt drüber, Neymar springt auch drüber. Jetzt wird abgelegt auf Ronaldo, der ist völlig frei. Abschluss ist ungenau, aber dann erneut der zweite Ball, der wieder bei Neymar landet. Und der kann aus ein paar Metern einschieben. Wundert mich, dass aus so einer Top-Abschlusssituation am Ende so ein Gurkenball rausgekommen ist, mehr oder weniger. Ganz zentral aufs Tor. Und dann war halt ein bisschen Dusel nötig, damit der Ball am Ende noch im Tor landet. Aber schöne Variante, da hat man mal gesehen, wie die Profis da variieren. Einen Spieler rübergeschickt, den zweiten rübergeschickt und dann kurz gespielt. Das ist auch eine Variante, die zum Beispiel Mirza Jahic immer wieder in seinen Tutorials ja auch bewirbt und wo er sagt, das ist kaum zu verteidigen und hier hat man es eben gesehen. Dadurch, dass man erstmal die beiden Spieler, die rüberlaufen, verteidigen muss, ergibt sich dann der Raum. Und ja, dann gibt es leider teilweise die Situationen, die so ein bisschen kurios werden. Das gehört auch in FIFA dazu. Was für ein Comeback vom Dänen, der für das Team Lightning Pandas spielt. Zusammen mit Sean Allen, den seht ihr links im Hintergrund. Prinzipe versucht jetzt hier mal ein bisschen Ruhe im Angriff reinzubringen und dann die Stürmer am 16er anzuspielen. Aber so richtig gelingen ihm die Offensivaktionen nicht mehr. Da fehlt die Lockerheit. Ja, und die Lightning Pandas um Niller, den Dänen, und Sean Allen, den Engländer, könnten hier tatsächlich an Mkers vorbeiziehen. Also es ist hier das direkte Duell gerade um den 4. Platz. Und das ist der Platz, den man mindestens erreichen muss in der Achtergruppe, um weiterzukommen. Insgesamt gibt es hier 50.000 US-Dollar Preisgeld, also auch neben der Möglichkeit, sich für die große Weltmeisterschaft, die dann im Einzel gespielt wird, zu qualifizieren,
beziehungsweise erstmal für einen Zwischenschritt, die Global Series Playoffs, wartet hier auch noch ein stolzes Sümmchen im Preisgeld. Und hier sieht man jetzt gerade nochmal schön die individuellen Taktikeinstellungen. Also jeder Spieler hat die Möglichkeit, auch wirklich taktische Details nochmal so auf sein Spielkonzept anzuwenden und seinem Team zu sagen, hey, ich möchte, dass ihr möglichst druckvoll und frühzeitig verteidigt, oder man sagt hier eben, welche Formation man spielen möchte. In dem Fall ist es bei Prinzipe das 4-2-3-1 mit 2 Sechsern erstmal eine Formation, in der man über eine strukturierte Defensive agiert und eher einen tendenziell ruhigeren Spielaufbau. Man kann seinen Spielern Anweisungen geben, dass sie zum Beispiel eher in die Schnittstelle vorne laufen, dass sie die Abwehr überlaufen. Häufig wird den Außenverteidigern die Anweisung gegeben, dass sie sich eher weniger in die Angreifer einschalten sollen, damit man eben nicht so konteranfällig ist. Also wirklich bis ins Detail die Möglichkeit, hier als Trainer des Teams zu agieren, wenn man so möchte. Ja, und dann hat man natürlich auch mit dem Controller alle Möglichkeiten, das Spiel selber direkt zu steuern. Und darauf kommt es dann letztendlich auch an. Das sind alles Feinheiten, Optimierungen, die auf ganz hohem Level eine große Rolle spielen, die letzten Prozente rausholen. Aber eben wirklich zu wissen, in welcher Situation muss ich welche Aktion verwenden, welche Abschlusssituation erfordert welche Eingabe, was für eine Passart, um den letzten Ball in den 16er hineinzuspielen. Das sind alles die entscheidenden Faktoren. Also ich sage immer ganz gerne, ist vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber dass das schon was von Rasenschach hat. Natürlich ist es Fußball, am Ende des Tages sind die Mechanismen recht ähnlich, aber weil man eben alleine spielt, muss man schon seine Spieler ein bisschen wie Figuren ausrichten und versuchen, immer so 1, 2 Schritte weiter zu denken. Und das ist eben auch die Faszination FIFA und ein bisschen auch ein Stück weit der Unterschied oder die Abgrenzung zum realen Fußball. Aber es ist natürlich sehr hilfreich. Also viele gute FIFA-Spieler sind auch im Fußballbereich aktiv gewesen oder immer noch aktiv und haben einfach auch ein gutes taktisches Verständnis, wissen, welche Pässe kann man spielen, welche Tricks kann man bei ihnen einsetzen. Also es sind so 2 Welten, würde ich sagen. Man muss einerseits strategisch gut sein und andererseits aber auch im Fußballbereich einen gewissen Plan haben. Ja, und aufgrund dieser Parallelen große Chance für Prinzipe, beziehungsweise für Niller. Und aufgrund dieser Parallelen sind ja inzwischen auch so viele Fußballvereine in den E-Sports eingestiegen, gerade im FIFA-Bereich. VfL Wolfsburg, der deutsche Verein, war der allererste, der diesen Schritt gewagt hat. Und inzwischen haben wir Paris Saint-Germain, wir haben Schalke 04, RB Leipzig, deutsche Vereine, aber eben auch internationale Vereine. Manchester City ist mit dabei, also ganz, ganz viele Vereine aus der ganzen Welt haben inzwischen ein FIFA-Team, ein E-Sports-Team. Und die sind hier dann eben auch zum Teil natürlich beim Club World Cup vertreten, zusammen mit klassischen E-Sports-Teams, wie beispielsweise Unilad, die mit am Start sind, oder den Mkers. Hier haben wir also gerade 2 E-Sports-Teams im Duell. Also das sind sehr interessante Entwicklungen in den vergangenen 2 Jahren, die da passiert sind. So, im Prinzip immer wieder hier über Messi. Auch er natürlich in der Team of the Year Karte. Wer sich wundert, warum die Spieler ein so starkes Team haben oder auch warum man hier eigentlich bloß die super Top-Karten sieht. Die Spieler konnten sich, das warten wir nochmal ganz kurz ab, stark gespielt. Und dann ist es hier das 3:3. Auch hier wieder wichtig, dass das Passtiming stimmt. Die Spieler konnten sich in dem eSports-Modus, der hier gespielt wird, aus allen Karten, die es im FIFA 18 Ultimate Team gibt, ihre Lieblingsspieler auswählen und so ihr Dreamteam bauen. Generell natürlich auch online sind das hier die Top-Spieler, die sich über den Verlauf der Saison entsprechend ähnliche Teams online aufgebaut haben. Aber hier hat man wirklich sozusagen unendliches Budget, weil alle Spieler schon auf dem Account bereitstehen und da gibt es keine Einschränkungen im Teambuilding. Also das ist auf jeden Fall auch sehr cool, vor allem für die Spieler, die sich vielleicht noch nicht das allerbeste Team leisten konnten zu Hause. Hier bei den Events spätestens hat man dann die Möglichkeit und das hat Niller gerade überragend gemacht. Heel to Heel, damit im 1 gegen 1 mal einen überraschenden Move angesetzt und dann auch der Abschluss aufs kurze Eck von da. Eine interessante Idee oder auch eine überraschende Sache. Und mit einem Song kann man das durchaus mal machen. Auch hier jetzt zum Beispiel die Team of the Season Karte recht frisch dazu gekommen. Sehr cool zu sehen, welche Spieler man hier am Start hat. Und häufig sind es dann eben die blauen Karten, die Ikonen, Team of the Year, Team of the Season. Die absolut besten Karten, die es in Ultimate Team gibt. Ja, Heung-min Son, der Spieler von Tottenham, der seine 2. überragende Saison dort beim englischen Club spielt und da auch dann entsprechende Spezialkarten eine nach der anderen gesammelt hat. Und so einer pfeilschnell, dribbelstark, abschlussstark, beidfüßig, der wird dann eben auch in FIFA
natürlich gerne verwendet. Und Niller erneut mit dem Heel-to-Heel. De Gea mit der Fußparade. Ganz, ganz knappe Geschichte. Und Principe, der kann diesen Trick, den Hacke zu Hacke auf Deutsch, nicht so richtig verteidigen. Wo man den Ball also einmal kurz zwischen den beiden Hacken hin und her spielt und danach in die vordere Richtung Tempo aufnimmt, am Verteidiger vorbeizieht und dann ist man sehr, sehr schnell in guter Abschlussposition. Da kommt er nicht so richtig klar. Und es wird auf jeden Fall dann auch ein vielversprechendes Rückspiel. Also zum einen von der Scoreline ist es hier sehr umkämpft. Das heißt, im Rückspiel geht da in beide Richtungen noch alles. Es bleibt offen. Und es erwarten uns vor allem zwei absolute Superstars der internationalen Szene. Auf der einen Seite unten links sieht man ihn im Hintergrund Sean Allen, der Engländer, in FIFA 16 Vize-Weltmeister gewesen. Und in FIFA 18 hat der Huge Gorilla zum Titel gecoacht, während Principe hier wieder ausgleicht. Also es geht hier tatsächlich hin und her. Und auf der anderen Seite, oben links in der Facecam sieht man ihn rechts im Ausschnitt, ist es Kurt, der Malteser, und der bezeichnet sich selbst als den besten FIFA-Spieler der Welt. Und zwar den es bisher gab und den es jemals geben wird. Und insofern auf der einen Seite gibt es jemanden, der Titel vorzuweisen hat, auf der anderen Seite gibt es jemanden, der viel von sich hält. Das wird dann gleich also das Rückspiel, nachdem wir nach diesem Spiel hier eine kurze Unterbrechung machen werden. Ja, und da können wir uns dann also selbst überzeugen, ob der Kurt seinem Wort gerecht wird. Bisher hat er eine sehr starke Leistung abgeliefert am heutigen Turnier Samstag. Und das wird auch wieder gegen Sean Allen nötig sein. Ich bin auch gespannt, ob Sean Allen wieder mit seinem etwas unkonventionelleren Team antreten wird, was wir vorhin bereits gesehen hatten gegen den deutschen Megabit, der für den VfL Bochum beispielsweise spielt. Also auch Zweitligisten sind inzwischen eingestiegen. Bochum und Nürnberg. Gut, Nürnberg hat jetzt den Aufstieg gepackt. Jetzt hier aber erstmal die heiße Schlussphase. Mit ein bisschen Nachspielzeit, noch 10 Minuten etwa. Und jetzt ist es erstmal wieder Niller, der hier im Vorwärtsgang ist. Principe aber im letzten Moment nochmal gut verteidigt. Ist auch immer wichtig in solchen Momenten, wo noch nicht ganz klar ist, hat man den Zweikampf jetzt gewonnen oder nicht, eine klare Aktion zu machen. In dem Fall zum Beispiel einfach einmal kurz zum Torwart zurückzuspielen. Viele Hobbyspieler neigen dazu, dass sie dann hektisch werden in solchen Momenten. Und dann hat man den Ball eigentlich gewonnen und schon hat man ihn wieder verloren. Das sind immer diese unangenehmen Situationen in FIFA. Hier hat das Principe gut gemacht und geht jetzt ins 1 gegen 1 über Neymar, Übersteiger. Der hat ein sehr gutes Dribbling, er wartet einfach so ein bisschen ab. Und Niller kommt nicht hinterher und Principe dreht es hier tatsächlich wieder zum 5:4. Also das ist tatsächlich eine, ich denke, mit die torreichste Partie, die wir bis jetzt hier sehen konnten. Also ein super schöner Start auch in die Fernsehübertragung. Insgesamt 9 Treffer konnten wir schon sehen. Das macht Lust auf mehr. Und das war vom Principe vor allem gerade im Strafraum richtig gut gemacht. Und man hat gesehen, man muss nicht immer die fancy Moves auspacken. Teilweise reicht es, über ein klares Dribbling kleine Haken zu gehen. Und dann kann man auch da die Treffer erzielen. Ja, und da sieht man eben, was den FIFA eSports so attraktiv macht. Viele Chancen, viele Tore natürlich auch im besten Fall in sehr kurzer Zeit. Sehr abwechslungsreiche Matches. Auch hier hatten wir wechselnde Führungen. Starke mentale Leistung von Principe, dem Italiener. Hier nach der frühen 2-Tore-Führung, die er dann so abgeschenkt hat, noch vor der Pause wieder in Rückstand geraten, wiederum zurückzukommen. Aber noch haben wir die Nachspielzeit auf der Uhr. Es gibt 2 Minuten, erstmal Principe aber mit dem Ball. Der wird jetzt natürlich versuchen, hier auch das Ding in den einen reinzuhalten oder noch einen Treffer zu erzielen. Riesenchance mit Messi. Niller ist im letzten Moment dazwischen. Langer Abschlag hier von de Gea. Son kann den nicht mehr erlaufen und damit den Einwurf, den aber Principe völlig blank hergibt. Hey, Hacke zu Hacke hier wieder mit Ronaldo und diesmal ist dann Italiener Principe zur Stelle und kann den Ball klären. Und damit also der 5:4 Sieg in Spiel 1 und wir haben dann gleich das Rückspiel zwischen dem Malteser Kurt und dem Engländer Sean Allen. Die Mkers gegen die Lightning Pandas nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Sind wir so schon ausreichend gemutet, wenn wir einfach die rote Taste On herausdrücken oder müssen wir auch die ganze Zeit noch die Mute-Taste gedrückt haben?
Willkommen zurück hier zur deutschen Übertragung des Club World Cups in Paris. FIFA 18 wird gespielt und wir haben direkt das nächste Matchup für euch. Wir hatten es schon angekündigt. Kurt 0411, so sein vollständiger Nickname vom Team Mkers, also der Teamkollege von Principe, dem Italiener, den wir eben gesehen haben, gegen Sean Allen, seinerseits Vize-Weltmeister. Und das jetzt also das Rückspiel mit einem Torrückstand. Geht der Engländer hier rein. Das muss er aufholen, denn die Ergebnisse werden ja weiterhin zusammengerechnet. So sieht's aus. Und nochmal, der Engländer ist super erfahren in internationalen Wettbewerben. Sean Allen selber 2016 Vize-Weltmeister gewesen. Und letztes Jahr in der FIFA 17 Season hat er dann Huge Gorilla, den amtierenden Weltmeister, zu eben jenem Titel gecoacht. Also ein sehr erfahrener Spieler und er weiß genau, wie man in solchen Wettbewerben FIFA zu spielen hat, weil es dann doch etwas anderes ist, als wenn man zu Hause an der heimischen Konsole sitzt und alles entspannt ist. Hier sind die Kameras auf einen gerichtet und dann wird die Hand vielleicht doch eher mal schwitzig. Die Trikots sind gleich geblieben. Kurt in Rot von links nach rechts und Dragon bzw. Sean Allen in Blau von rechts nach links unterwegs. Und der ist zumindest seiner Linie treu geblieben. Bei ihm sieht man nämlich Variation, was die Spieler angeht. Mit Son im Sturm und auf der ZOM-Position, also zentral offensiv. Der Salah, er spielt in der 4-4-2 engen Raute. Also das kommt daher der Name, dass die 4-1-2-1-2 Aufstellung der Spieler im Zentrum so aussieht wie eine enge Raute. Oder wie eine Raute generell, aber halt sehr zentral positioniert. Das ist seine favorisierte Formation. Und bei Kurt müssen wir mal einen genaueren Blick noch drauf werfen, wie er denn unterwegs ist. Aber das normale breite 4-4-2 ist von ihm eigentlich eine der favorisierten Aufstellungen. Jetzt kann dort Walker, der Außenverteidiger, durchgesteckt werden. Schön mitgenommen, durchgesteckt, weiter zu Son und dann eine ganz starke Parade von De Gea, um hier die 0 zu halten. Also erste richtig dicke Chance für den Engländer. Einmal mehr hat man gesehen, warum De Gea von den meisten Profispielern der favorisierte Torhüter ist. Er hat nämlich die Spezialeigenschaft Fußparaden. Also es gibt ja zum einen so die Bewertung von einem Torhüter, da ist De Gea im 90er-Bereich, also eine Superkarte. Gerade sein Team of the Season. Boah, stark! Alter, Kurt hat sich ja eigentlich vom Tor gerade weggedreht und dann auf einmal R9 mit seiner ganzen Qualität. Das ist die Ikonenkarte. Also auch Legenden sind in FIFA ja möglich zu spielen. Hier mit einem komischen Winkel, aber stark aufs lange Eck geschossen. Das ist der flache Abschluss, den kennt man. Hier sehen wir es nochmal. Druckvoller Pass, das ganz wichtig. Also er hat den Pass extra scharf gespielt, damit er auch durch die zwei Gegenspieler bei Ronaldo ankommt. Der verarbeitet diesen Ball wunderbar und kann dann also ins lange Eck. Aber sowas von einen schnellen, flachen Schuss reinschießen. Und insofern jetzt also 2 Tore Führung insgesamt schon. Jetzt nochmal ein Angriff von Dragon über Son. Er greift also nicht auf dieses Spielermaterial mit Icon, Ronaldo und mit CR7 Team of the Year zurück. Matthäus mit einem Dragback, so heißt dieser Zurückzieher. Auch ein Skill-Move. Aber Kurt's Defensive, die steht. Ja. Man hat da gerade nämlich schön gesehen, sorry ganz kurz, dass er sehr passiv verteidigt. Also er geht nicht so aktiv rauf, sondern er versucht keine Lücken aufzureißen. Da gibt es ja auch die verschiedenen Konzepte. Und jetzt richtig stark durchgesteckt. Und den hätte er, denke ich, mit Messi noch mal kurz mitnehmen müssen, um sich da besser auszurichten. Aber es gibt die Ecke. Die spielt er kurz. Alba am kurzen Pfosten, sage ich schon beinahe. Aber an den versucht er sich jetzt erst zu arbeiten. Nämlich über diese Kombination. Wunderbarer Doppelpass. Und auch der wird rausgefischt von De Gea. Also man sieht, warum er hier in fast jedem Tor postiert ist. Und direkt die Kontersituation über den rechten Flügel. Son nimmt den aber ein bisschen zu ungenau mit. Und dann Jordi Alba, ein enorm schneller Außenverteidiger, der Spanier von Barcelona, der hier von beiden sogar gespielt wird in seiner Team of the Season Variante, läuft dann dort ab. Dennoch die nächste Chance hinterher. De Gea macht sich lang. Der Winkel war nicht optimal dort für einen Vollspannschuss, aber zumindest die Ecke rausgeholt. Kurzer Pfosten, Vieira steigt hoch und kann dann am Ende aber sich nicht durchsetzen. Also sehr hohes Tempo
von beiden hier in dieser Partie. Die Chance nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ronaldo auf den Außen. Wieder der Flachschuss aus enorm spitzen Winkel. Und es gibt die nächste Ecke für Kurt. Flachschuss wiederum. Also der hat richtig Blut geleckt, was diese Schüsse in die lange Ecke angeht. Seit seinem 1:0. Nächste gute Balleroberung für den Malteser. Kurz mal abgeschirmt. Und jetzt seinerseits ein überhasteter Ball verlost und eine gute Situation für die enge Raute, hier durchs Zentrum schnell zu kombinieren, macht es jetzt aber doch ein bisschen ruhiger. Son hält den Ball lange, Henry, Flachschuss und am Tor vorbei. Riesenchance und mit dieser vergebenen Situation geben wir ab in eine kurze Werbepause und sind dann gleich zurück mit der heißen Schlussphase hier zwischen den beiden Jungs. Also bleibt dran. Im Livestream bleiben wir aber natürlich dran. Also hier werdet ihr das Ganze hier von uns weiter kommentiert bekommen. Da verändert sich nichts. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn wir manchmal nochmal Programmansagen machen. Das liegt daran, dass wir gerade nicht nur am Livestream sind, sondern eben auch das Ganze im Fernsehen übertragen wird. Und hier gibt es... Ja, da gab es also den Elfmeter, den wir eben gesehen haben. Souverän verwandelt, links unten von Dragon zum 1:1 Ausgleichstreffer. Der Lodder, auch eine Ikone, die einzige Deutsche sogar momentan in FIFA 18. Ja, zum WM-Modus kommt ja eine neue rein, mit Klose. Wobei ich leider nicht gehört habe, dass sie sich so richtig gut spielen lassen soll. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall cool, dass es ja bald in FIFA 18 auch das Update gibt, dass man dann auch mit WM-Teams spielen kann und eben auch mit WM-Spielern in Ultimate Team. Und da wird unter anderem mit Klose eine neue Ikonenkarte ins Spiel implementiert. Aber da sieht man wieder so ein bisschen das Kurt-Dribbling, das macht er immer wieder gut. Und hier regt er sich auf, dass es da keinen Freischuss bzw. vielleicht sogar einen Elfmeter gibt. Aber einmal mehr hat man gesehen, wenn man das enge Dribbling macht, man kann ein, zwei Spieler auf sich raufziehen und dann den Ball wieder verteilen oder einfach selber Räume machen, weil man eben andere Möglichkeiten hat. Man hat erstmal ein, zwei Verteidiger gebunden und ein bisschen Zeit gewonnen. Und das macht Kurt immer wieder gut, wie er im Dribbling einfach extrem variabel ist. Der Ball landet bei Son, Schlenzerposition. Kann nochmal abgeblockt werden und Rea hat den sogar noch, bevor er die Linie überquert. Und damit also die Möglichkeit hier einen Abwurf anzusetzen. Der kann aber nicht kontrolliert werden. Und damit geht es dann in die Halbzeitpause beim Stand von 1:1. Also weiterhin nur ein Torrückstand für die Lightning Pandas. Hier sehen wir Kurt's Team mit Azpilicueta in der Innenverteidigung. Im spanischen Duo zusammen mit Ramos. Auch eine durchaus interessante Wahl. Ich weiß noch, in FIFA 17 wurde sein Team of the Season auch von einigen gespielt. Ich persönlich war absolut kein Fan, weil er mir als Innenverteidiger zu klein und körperlich nicht präsent genug ist. Ganz kurzer Einschub hier, du hattest, meine ich, gerade gesagt, dass schon Elnja eine enge Raute spielt. Ja. Ich hatte das schon kurz überlegt, ich habe jetzt gerade nochmal drauf geachtet. Also jetzt zumindest spielt er im 4-2-2-2, genauso wie Kurt. Die spiegeln ihre Formationen da gerade. Aber die enge Raute natürlich auch eine Formation, die Dragon sehr gerne spielt. Klassische Formation für all die Spieler, die gerne sehr schnell nach vorne spielen. Jetzt hier erstmal eine hohe Flanke auf den zweiten Pfosten. Aber auch wenn Messi eine gute Sprungkraft hat, hat es hier dann gerade nicht gereicht, sich durchzusetzen im Kopfballduell. Ei, das ist ein Riesenbock und das kann aber am Ende trotzdem nicht ausgenutzt werden von Dragon. Unglücklich gelaufen dort für Kurt. Der kann es selber kaum fassen, was da eben passiert ist. Also Rullit kommt aus irgendeinem Grund nach diesem Zweikampf ins Straucheln und fällt einfach um. Und dafür gibt es dann kein Foulspiel und deswegen kann sich Dragon den Ball sichern. Also sowas sieht man dann eben auch zum Teil in FIFA. Es ist schon sehr bitter, weil es wäre der 6:6 Ausgleichstreffer in der Gesamttordifferenz gewesen.
Aber es wäre auch sehr bitter für Kurt gewesen, wenn er so das Gegentor kassiert hätte. Es ist noch genug Zeit, also es wird noch die eine oder andere gefährliche Situation entstehen, sowieso auf beiden Seiten. Hier erstmal wieder Dragon über die Außen, der hier tatsächlich den Team of the Season Suarez spielt. 97er Karte, sieht richtig gut aus. Vor allem natürlich körperlich präsent, aber eben auch die Agilität stimmt dann inzwischen bei ihm. Letztes Jahr, als er noch eine Team of the Year Version hatte, da haben wir den eigentlich fast in jedem Squad gesehen. Hört erneut mit den engen Dribbling-Schritten, auch jetzt hier wieder mit Hullet, lässt den Ball dann auf engen Raum gut laufen. Auch hier mit Ronaldo so ein ganz kleiner Step, um dem Tackling auszuweichen und sich vielleicht in eine Abschlussposition zu bringen. Deswegen ist diese Ikone der Brasilianer ja auch so gefährlich, weil er auf dem schwachen linken Fuß, was heißt schwachen, im Anführungsstrichen kann man es nur sagen, denn er hat 5 Sterne auf diesem Fuß und damit also weiterhin die Möglichkeit mit ihm sowohl rechts als auch links die Abschlüsse zu suchen aus allen Lagen. Paul fragt im YouTube-Chat gerade, was passiert, wenn es unentschieden ausgeht. Also jetzt gerade in der Gruppenphase, in der wir uns ja noch befinden, gibt es dann einfach einen Punkt für beide Teams. Ganz klassisch, wie man das auch zum Beispiel von der Fußball-Weltmeisterschaft kennt. Und in Achtergruppen setzen dann sich die besten 4 Teams durch. Und in der K.O.-Phase, wenn es da dann unentschieden stehen sollte im zweiten Spiel, würde es in diesem zweiten Spiel dann direkt in eine Verlängerung und möglicherweise auch in ein Elfmeterschießen gehen. Das ist eben in dieser eSports-Version so einprogrammiert. Man sieht das ja unten unter der normalen Scoreline, dass es jetzt in dem Fall hier 6:5 steht. Und sollte es da unentschieden stehen, geht es direkt in die Verlängerung. Egal, ob es in dem eigentlichen Spiel gerade so steht, dass eigentlich einer gewonnen hätte. Also das finde ich ziemlich cool gemacht. Und das verspricht natürlich auch einiges an Spannung hier noch. Insbesondere dann, wenn es eben in die K.O.-Phase geht. Morgen sind wir dann ja auch nochmal für euch da in der heißen Phase des Events. Wenn geschaut wird, welches das erste Team wird, das Club-Weltmeister wird. Letztes Jahr war Marcuso für Brøndby ja der erste Spieler, der Club-Weltmeister geworden ist. Und dieses Jahr ist die Veränderung eben, dass in Teams gespielt wird und damit hier die Möglichkeit für all diese Spieler in die Geschichtsbücher so ein Stück weit auch einzugehen von FIFA eSports und das erste Mal als Team einen offiziellen Weltmeistertitel zu gewinnen. Das jetzt hier von gerade richtig gut hin und her. Son, der den Ballbesitz halten kann und im letzten Moment dann noch gestoppt wird. Vorher Sean L mit der Chance, davor Doppelchance für Kurt. Also ist richtig Action drin hier in diesem Matchup. Und die Action, die wird auch später in Gruppe A am Start sein, denn da fragt nämlich der Simon auf Twitter, #eSportsOnAir, wie sieht es denn mit Gruppe A eigentlich aus? Hier wird ja gerade nur Gruppe B gespielt. Aus irgendeinem Grund wurde mit Gruppe B begonnen und deswegen also aus der anderen Gruppe noch keine Matchups gespielt. Ihr habt noch nichts verpasst. Die wird es dann auch bei uns im Livestream zu sehen geben. Also macht euch keine Sorgen, lehnt euch entspannt zurück und genießt hier den Turnier Samstag. Gleich gehen wir dann also auch wieder im Fernsehen zurück aufs Live-Signal. Insofern nicht wundern, wenn wir hier nochmal kurz die Zuschauer im TV empfangen. Unangenehm zu verteidigen. Jetzt hier und richtig stark gemacht von Kurt eigentlich, der lange abgewartet hat, bis er diesen druckvollen Pass gespielt hat. Und dann, denke ich mal, wollte er wahrscheinlich flach schießen. Die heiße Schlussphase läuft. Es ist weiterhin ein Tor Unterschied und damit willkommen zurück hier zur FIFA 18 Action bei der Klub-WM in Paris. Es geht um $50.000 Preisgeld und wir sind in der Gruppenphase. Sean Allen, der Engländer, hier mit einem Tor noch hinten gegen Kurt, den Malteser, der für Team Mkers unterwegs ist und gerade aber auch am Drücker, um den zweiten Treffer Führung zu erzielen, aber das gelingt ihm jetzt gerade hier noch nicht und damit also weiterhin die Chance für Dragon, den man links unten auch im Bild sehen kann. Er marschiert mit Ronaldo über die Außen, versucht dann weiterzulegen, aber das ist irgendwie ein wenig zu ungenau, was er da vorne fabriziert und deswegen gelingt ihm hier bisher eben noch nicht dieser entscheidende Ausgleichstreffer, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Jetzt nochmal die Kombination über Ronaldo erneut. Der macht dort jetzt richtig Betrieb. Weiterhin kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum er den nicht von Anfang an im Team hat. Gegenzug Son, mittlerweile eingewechselt. Unten überläuft Messi. Der soll auch angespielt werden. Aber der Pass, man sieht es, Kurt regt sich darüber auf. Der kommt zu Ronaldo zentral und deswegen auch diese Chance vergeben. Also eigentlich wirklich
überraschend, dass es hier weiterhin 1:1 steht, nur 2 Tore gefallen sind. So viele Chancen auf beiden Seiten. Ja, ich finde, Kurt macht das gerade richtig gut, wie er den Ball so ein bisschen hält und trotzdem noch auf das zweite Tor spielt. Und das kann er jetzt hier eigentlich machen und das macht er jetzt auch endlich mal. Kurt geht also 2:1 in Führung, insgesamt damit 7:5. Die beiden Spiele werden ja zusammengewertet. Eben gab es das Hinspiel auf der PlayStation. Wir befinden uns hier gerade in der Schlussphase des Rückspiels auf der Xbox. Und das sind wichtige 3 Punkte hier in der Gruppenphase für Mkers. Das Mixteam mit dem Italiener Principe und Kurt, dem Malteser, den wir hier gerade spielen sehen. Und John Allen hat jetzt hier gerade auch das Headset abgelegt. Also er weiß, da ist jetzt nichts mehr zu holen in der Kürze der Zeit. Insgesamt ein sehr offener Schlagabtausch. Wirklich FIFA auf allerhöchstem Niveau. Viele starke Aktionen, gerade offensiv. Und am Ende war es dann hier wichtig von Kurt so ein bisschen einen Gang rauszuschalten. Dragon musste nochmal alles nach vorne schmeißen. Und Kurt hat das dann gerade immer wieder gut gemacht, wie er die Steilpässe einfach flach durchgespielt hat. Vor allem über die Außen kann man auch mit präzisen Steilpässen, wenn man dann den Modifikator RB in dem Fall oder R1 auf der Playstation drückt, kann man nochmal sehr gezielt über die Außen und schön jemanden schicken. Das hat Kurt hier am Ende gut gemacht und damit denke ich, unterm Strich verdienter Sieg für Mkers. Ja, es war ein sehr interessantes Spiel, auch über weite Strecken auf Augenhöhe in beiden Partien. Also auch im Hinspiel Principe gegen Niller. Sehr, sehr enge Partie mit wechselnden Führungen. Am Ende behält Kurt die Nerven und das ist durchaus nicht immer ganz so einfach. Denn er ja, wir hatten es schon häufiger angesprochen, einer, der auf Social Media sehr aktiv ist und auch sich sehr selbstbewusst präsentiert. Und da muss er dann natürlich auch bei Turnieren abliefern, ansonsten machst du dich schnell angreifbar. Hier haben wir nochmal alle Ergebnisse der Gruppe B, die 4. Runde im Überblick. Die Mkers setzen sich also 7:5 durch gegen die Lightning Pandas. Xolos, ein mexikanisches Team vom gleichnamigen Fußballverein, mit dem 3:2 Sieg gegen Brøndby, ebenfalls also ein Fußballverein, der ein eSports-Team hat. Rain setzt sich 3:1 durch gegen Fredberg und die weiteren Ergebnisse wurden uns jetzt hier schon wieder genommen, aber wir haben die Tabellenübersicht. Ja, und ich habe leider noch gesehen, dass Bochum verloren hat gegen Falcon eSports, die beiden Spieler aus Saudi-Arabien, die sich damit jetzt hier nach 4 gespielten Runden an Position 2 der Tabelle in Gruppe B setzen. Und für Bochum ist es ein Stück weit hier immer noch so eine Zitterpartie. Wir haben die Tabelle gerade auch in einer App für uns hier noch vorliegen. Ich würde sagen, wir greifen das einfach nochmal weiter auf, während ihr hier einen Einspieler seht über das mexikanische Team. Stand up and do it for Mexico. We're different players. Rain is really good under pressure. I'm good with skills. I think we complement each other. I think we're going to be a tough team to beat. The team that I'm looking the most to play with, it's Mkers, which has Principe and Kurt. I think that will be a really interesting game. I think they're probably the strongest opponent we'll face. I would definitely say that PSG is looking strong in this group. I think it's going to be a good matchup against both Rocky and Manica. I think in the North American qualifiers, we showed that we can actually play as a team. I think that it's really important to have trust in each other. Rain and I are gonna be able to represent Mexico in a good way this tournament, and why not even go all the way. So, dann wie versprochen hier nochmal ein kurzes Update zur Tabellensituation in Gruppe B. Wie gesagt, 8 Teams spielen in insgesamt 2 Gruppen hier. Gruppe A, das wurde auf Twitter unter dem Hashtag eSports_on_air gefragt, die startet gleich erst. Und in Gruppe B haben wir jetzt hier gerade den 4. Spieltag gesehen. Und Team Envy ist an Position 1, 3 Siege, 1 Unentschieden und noch mit weißer Weste. Mkers an Position 2, auch mit guten Stats hier, 3:1. Und Bochum, ich glaube, die Tabelle ist hier nicht 100%ig aktuell, nämlich noch mit 3 Spielen eingetragen. Das hatten wir eben schon in der Grafik gesehen, jetzt an Position 4 und damit so ein bisschen der Wackelkandidat. Und auch beim Team Envy, die Tabelle gerade anführen, ist ein deutscher Spieler dabei mit Eisvogel. Das freut uns natürlich, dass es da so gut läuft. Und wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Werbepause, damit wir dann gleich die nächsten beiden Spiele ohne Pause uns anschauen können. Also holt euch nochmal kurz ein Getränk und dann sehen wir uns gleich zurück.
Aber für YouTube bleiben wir natürlich dran. Also das ist hier immer ein Hin und Her gerade. Ja, aber wie durchaus gesagt, fordernd, aber es macht Riesenspaß, wie immer. Wir haben die Gruppenübersicht nochmal, beziehungsweise jetzt nochmal die Runde 4 machen wir weiter. Also VfL Bochum, 6:8 Niederlage, knapp gegen Falcons eSport. Dani Fink gegen MS Tosari hat es nicht ganz gereicht, 2:4 und dann Megabit anscheinend in einem großen Kampf mit 4:4 am Ende sich getrennt von Royal und die Kollegen hier, die rauschen da wirklich durch. Ich komme da kaum hinterher, aber hier nochmal die Tabellenübersicht. Also so langsam, aber sicher setzt sich die Vierergruppe da auf den ersten Positionen von der Vierergruppe weiter unten ab. Ja, aber VfL Bochum, der muss noch kämpfen auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen das Duell mit den Lighting Pandas. Schade, dass es hier in der App, die wir, also wir haben so eine Website, wo wir die Ergebnisse nochmal nachgucken können. Da können wir es nicht hundertprozentig gerade nachverfolgen, weil es da noch nicht ganz aktuell ist. Werden wir gleich nochmal nachtragen, aber wir hören doch direkt mal rein, was Kurt hier zu seinem Spiel zu sagen hat. We've lost only one game. Performance-wise, I should have won by more goals. So there's definitely an issue. We're going to go game by game and then see how it goes from there. You're obviously very vocal, and I wouldn't be doing my job properly if I didn't ask you about it. Do you feel like you're living up to your reputation or the reputation that you hold for yourself? My reputation is always, people tell me, oh, because you've played in 3 tournaments, you've won none so far. Listen, we're playing a game which doesn't always go how it should. So by how when it matters the most, you mean you winning? Yeah, if it goes how it should, yeah, like I'm not like, again, not to be cocky, but like they're not on my level. So like how it should go is like, yeah, I should win them all. But this FIFA is different, it's difficult. But yeah, hopefully this one we can win it. How does it feel to be in a different dynamic to normal in a team with Principe? Do you know Principe well? Yeah, I know him well. I think like the team-wise, it's definitely interesting because there's obviously a different aspect. We've not played this before. You have to rely on your teammate, and there's obviously like it depends how the first game goes, and you know there's a lot of tactics. People don't understand, I think, how much is put into this because it's completely different to playing by yourself. Completely different. Would you change the way you approach a game? Yes, based on the way Principe's played. Yes. Because you're playing second, so your responsibility is but for you even to get more the is point. I've not played the first game, so it's going to be different for me as well. So yeah, it's an interesting tournament. How do you feel when you're watching Principe play? Do you feel nervous? I actually feel more nervous watching them playing, like everything. I don't like watching. So. You're doing well. Second in the group right now. Most goals scored so far in the tournament for Mkers. No surprise. There was just that second game. What happened in the second game against Bochum? A lot of goals conceded. Yeah, I mean, listen, this doesn't always go your way. Second game, I came out wanting to, instead of playing just my game, because I was 2 goals down. We were. Yeah. So I just came out wanting to get the goals as quick as I could, and that was the wrong approach. I should have just played my game normally. The goals would have come. We'll see if we'll meet them again in the knockouts, hopefully, if we go through it. Feeling good about going through it? Oh, yeah, no, we're feeling really good right now. Nice, when you look at the other players in the tournament, the other teams in the tournament, who do you think is your biggest threat? I know Falcons have been playing good. I think, like, it's hard because, as I said, like, we obviously have to see Group A as well. So, yeah, I'm going to watch Group A and then I'll give you an answer tomorrow. Brilliant. All right, fine. There's a game still in action behind us, actually. They started a little bit late. It's Brøndby against Tromsø. So let's join our commentary team for this one. Also Kurt hat gerade auf jeden Fall nochmal klargestellt, dass FIFA 18 aus seiner Sicht ja ein Spiel ist, was nicht immer ganz so läuft, wie man das selber eigentlich gerne hätte. Wenn das aber der Fall wäre, dann wäre ja klar, würde er alle seine Spiele gewinnen, dann wird es teilweise ganz anders aussehen. Und dann hat er aber auch noch mal ein bisschen ehrlicher gesagt zu der Fragestellung, wie er denn die Teamkomponente einschätzt. Dass das auf jeden Fall auch eine taktische Komponente ist, die vielleicht tatsächlich von einigen unterschätzt wird. Und er hat zum Beispiel gesagt, er ist deutlich nervöser, wenn er seinem Teamkameraden Prinzip über die Schulter schaut, als wenn er selber spielt. Und gerade zum Beispiel dann auch, wenn er bisher immer das Rückspiel spielen muss auf der Xbox, ist das für ihn echt eine schwierige Ausgangsposition, weil man dann schon weiß, okay, wie ist es bis jetzt gelaufen? Und in einem Spiel hat er dann zum Beispiel deutlich hektischer begonnen, als er es normalerweise tun würde. Und hat dann auch selber selbstkritisch gesagt, da hätte er eigentlich ganz normal sein Spiel machen müssen, und dann wäre es schon irgendwie gelaufen. Also er unterstreicht da auf jeden Fall nochmal diese Teamdynamik, die wir uns ja auch so ein Stück weit hier erhoffen von einem solchen Event. Und wie gesagt, ich sage es einfach nochmal, für mich wäre es das absolute Highlight, wenn man dann, sei es Spiel 1, Spiel 2 oder Spiel 3, das kann man dann ja nochmal in Ruhe überlegen, aber wenn man dann noch ein 2-2 hätte, wo dann nochmal alles drauf zurückkommt. Ja, es wäre eigentlich schon ganz gut, wenn du sagen würdest, okay, wir machen 2 Einzelspiele und wenn sich da kein Team durchsetzt, wird die Entscheidung im 2-2 vollzogen, sodass du zumindest beiden Spielern die Möglichkeit gibst, auch im One-on-One unterwegs zu sein. Wir sind jetzt hier also reingeschaltet bei
Ulibari gegen FIFA Ustun. FIFA Ustun für Brøndby unterwegs. Also für den dänischen Verein. Und Brøndby hat auf jeden Fall rechnerisch auch noch Chancen, aber müssen hier weiter punkten, sind gerade nicht in einer der Top-4-Platzierungen und würden entsprechend ausscheiden. Ist also auch schon das Rückspiel. FIFA Ustun stand jetzt mit einem Tor hinten aufgrund der 2:3 Niederlage seines Teamkollegen im Hinspiel. Fredberg, ja, sein Mann, mit dem er unterwegs ist. Und im YouTube-Chat wurde gerade nochmal kritisch angemerkt, dass Kurt doch schon ein bisschen so eine Fake-Nummer sei. Total unsicher im Interview und versucht trotzdem noch den zu spielen, so ein bisschen, den er vielleicht auf Twitter vorgibt zu sein. Ich muss sagen, ich fand das Interview eigentlich doch recht unterhaltsam. Und ja, man muss natürlich sagen, es ist nicht ganz einfach, so eine Rolle, weil ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Es ist ein bisschen eine Rolle, die er so einnimmt, dann auch wirklich vor Fernsehkameras noch ganz locker zu spielen. Und ich muss sagen, ich finde es trotzdem irgendwie sympathisch, dass er dieser Rolle versucht, so ein bisschen treu zu bleiben, weil so hat man doch einfach verschiedene Charaktere dann auch im Event. Und das macht es für uns aus der Zuschauerperspektive doch durchaus unterhaltsamer. Und da ist das 2:1 für FIFA Ustun. Auch ein sehr, sehr starker Spieler auf jeden Fall, den man auf dem Zettel haben sollte. 4:4 damit insgesamt und die Möglichkeit also hier einen Punkt mindestens mitzunehmen. Vielleicht, wenn er es noch ganz drehen kann, dann sogar 3 Stück. Und gleich gehen wir also dann auch im TV wieder live drauf. Willkommen zurück hier zur FIFA 18 Live-Action bei Sport1. Wir springen in eine neue Partie rein. Und zwar haben wir Ulibari, der sein Glück gegen FIFA Ustun versucht, der für Brøndby, den dänischen Club, unterwegs ist. Aber hier einen Gegentreffer kassiert und damit insgesamt nach Hin- und Rückspiel erneut im Rückstand ist. Eben noch konnte er sich zurückkämpfen mit dem wichtigen 2:1 Führungstreffer. Und jetzt aber der Ausgleich von Ulibari oder Barry. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man seinen Namen korrekt ausspricht. Spielt ja für das mexikanische Team Xolos, die aktuell ein Stück weit abgeschlagen auf Position 8 sind, also letzter Tabellenplatz. Aber wenn sie hier einen Sieg einfahren, ich glaube, rechnerisch unmöglich ist es noch nicht. Insofern wichtiger Treffer gerade. Und wir sind jetzt hier in der heißen Phase. Man kann vielleicht auch nochmal taktische Veränderungen vornehmen, dass man in eine offensivere Formation geht oder dass man die individuelle Taktik so einstellt, dass man druckvoller verteidigt, frühzeitiger angreift, schneller nach vorne spielt. Man hat da viele Möglichkeiten. Jetzt hier erstmal der Dragback und dann ist es CR7, die Team of the Year Karte. Und das ist so schwer zu verteidigen. Immer wieder diese kleinen Skill-Moves. Und die sind gar nicht so schwer einzugeben. In dem Fall ist es hier die RB-Taste bzw. R1-Taste. Ein bisschen gedrückt halten, die Richtungsveränderung machen. Dann zieht er den Ball so mit der Sohle zurück. Und wenn man dann eine 99 bewertete Karte, besser geht es nicht, in so einer Position hat, dann muss man einfach auf den Abschluss gehen. Und häufig ist es der flache Abschluss. Das hat sich in FIFA 18 so ein bisschen durchgesetzt. Der hat einfach die größte Wahrscheinlichkeit, dann auch zu einem Treffer zu werden. Und damit hier alles wieder auf 0. Unentschieden reicht aber beiden Teams nicht so wirklich. Deswegen wird hier weiterhin auf Sieg gespielt. Da bin ich sicher. Und man hat es gerade gesehen. Ulibari hier direkt im Vorwärtsgang. Nach Anstößen ist es immer auch so, dass es ein bisschen schwerer zu verteidigen ist. Das ist vielleicht so eine kleine Schwachstelle von FIFA 18. Einige Profis kritisieren das, dass die Verteidigung dann kurz nicht richtig zugeordnet ist. Aber FIFA Ustun, der Däne, konnte das Ganze hier überstehen. Und jetzt wird es frech. Ein Fake-Schuss hier mit dem Torhüter. Und damit der nächste Angriff des Mexikaners. Packende Schlussphase auf jeden Fall. Auch, du hast es eben schon angesprochen, weil eben beide mit einem Unentschieden in dieser Gruppenphase, was einen Punkt geben würde, nicht so recht was anfangen können. Und deswegen geht es hier weiterhin munter auf die Tore. Nächste Chance für Ustun, aber zu viele Spieler im Weg. Der Schuss von Neymar kann geblockt werden. Dennoch eine kleine Druckphase jetzt vielleicht. Druckvoller Pass an dieser Stelle auch.
Und Andrea in so einer Situation, wo man schon manchmal mal ein bisschen durchpustet. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber aus meiner Sicht, CR7 hatte schon eine ganz gute Position. Vielleicht ein bisschen zu sehr diesen letzten Pass noch erzwungen. Da kann man durchaus, wie gesagt, auch Abschluss 99 bei CR7, der Team of the Year-Karte, kann man auch mal auf einen Schuss aus der Distanz gehen. Aber gut, hier direkt der Gegenangriff. Über Pelé, die Icon-Karte, sieht man gar nicht so häufig. Sehr schön hier den Roulette angesetzt. Und dann ist es das insgesamt 6:5 hier. Und man sieht, die Emotionen kochen hoch und auch der Teamcharakter kommt nochmal durch. Kurz abgecheckt mit dem Mitspieler. Und jetzt muss er aufpassen, dass er hier nicht direkt nach dem Anschluss wieder den Treffer kassiert. Zunächst geht es aber in eine taktische Unterbrechung. Überragender Treffer, tolle Kombination von mehreren Tricks hintereinander, um den letzten Verteidiger aussteigen zu lassen. Und da hat man eben gemerkt, damit hat Ustun nicht gerechnet. Das ist auch immer so ein Wechsel von ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Metagame, ja. Metagame wird das Ganze auch genannt in der Szene, ganz genau. Und da kommt dann auch das FIFA-Schach wieder auf, wovon du immer so gerne sprichst. Und in dieser Situation war es das überraschende Element mit dem Roulette, der Zidane-Rolle, der ja diesen Trick bekannt gemacht hat zu seiner aktiven Zeit. Und danach also eine sehr gute Position, um den flach einzuschieben. Und FIFA Ustun haben wir gerade gesehen, jetzt in der Dreierkette, also mit einer extrem offensiven Ausrichtung. Er hat seinen Spielern auch nochmal die Anweisung gegeben, gerade vorne, dass sie vorne bleiben sollen, beziehungsweise Abwehr überlaufen. Mein Dänisch ist jetzt nicht das Beste, aber so von dem, wie ich das aus dem deutschen Spiel kenne, müsste das ungefähr hinhauen. Und dementsprechend ist er jetzt hier natürlich mit All or Nothing im Spiel. Defensiv wird es jetzt unangenehm, aber offensiv wird er nochmal alles nach vorne schmeißen. Der Herr hier aus Dänemark in den gelben Trikots agierend. Und auf der anderen Seite ist das immer eine interessante Ausgangsposition. Einerseits muss man den Ball halten, andererseits ist es kaum möglich, 5 bis 10 Ingame-Minuten den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, man muss selber noch so ein bisschen offensiv bleiben. Jetzt aber erstmal FIFA Ustun. Über Rullet weitergeleitet, R9 im 16er, wieder Rullet, die Riesenchance und der erneute Ausgleich. Er behält die Nerven, 6:6. Was für ein Matchup zwischen diesen beiden Fußballclubs hier mit ihren E-Sports-Teams. Xanos aus Mexiko und Brøndby, der dänische Verein. Unglaublich, was für eine Schlacht die sich hier liefern, vor allem im Rückspiel auch. 3:4. Ja, und mein Eindruck, muss ich sagen, FIFA Ustun ist ganz ruhig geblieben. Der bleibt hier weiter hungrig. Er hat jetzt auch nicht umgestellt. Er ist in der Dreierkette und hat nochmal vielleicht die Möglichkeit hier für den letzten Angriff. Er weiß genau, Brøndby ist gerade an Position 5 oder 6 in der Tabelle, also auf jeden Fall noch nah dran an den Top 4. Die Plätze, die man erreichen muss, wenn man hier weiterkommen möchte, wenn man den Titel holen möchte. Erstes Mal Klub-Weltmeister als Team. Diesen Wettbewerb gibt es erst seit diesem Jahr. Und ihr kriegt eine Chance. Hier jetzt nochmal starker, druckvoller Pass. CR7 kriegt den Ball nicht ausgerichtet, aber das wird richtig unangenehm und Ustun haut den Ball hier rein. Ihn hält jetzt hier gar nichts mehr auf den Stühlen. Und da lässt er alles nochmal raus. Also eben bei dem Treffer hat man gesehen, ist er ruhig geblieben. Hat sich gesagt, come on, jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich hau ihn hier noch einen Ball rein. Und Uli Barry auf der anderen Seite verliert hier gerade die Nerven im alles entscheidenden letzten Moment des Spiels. Und man sieht ihm unten links in der Facecam natürlich an. Das ist extrem bitter. Aber Respekt an Ustun, der jetzt hier auch von der Dreierkette direkt in die Fünferkette geht. Starke mentale Leistung von denen, keine Frage. Aber was ist denn da bei Uli Barry los gewesen? Er wollte vielleicht auch nochmal einen letzten Angriff für sich sichern und entscheidet sich dann zu versuchen, den Ball hier kontrolliert rauszuspielen, findet aber nicht direkt die Option und dann hält er den Ball eben auf dem Niveau einfach die halbe Sekunde zu lange. Und das nutzt FIFA Ustun, tackelt diesen Ball direkt raus, sofort mit dem Gegenpressing am Start und dann ist es Cristiano Ronaldo, wer denn auch sonst, der hier den entscheidenden, möglicherweise Siegtreffer erzielen kann. Du sagst es aber, Stichwort möglicherweise. Es wird wahrscheinlich noch einen letzten Angriff geben, wenn Uli Barry es jetzt hier schafft, schnell nach vorne zu spielen. Und nochmal, Anstöße sind nicht ganz so einfach zu verteidigen, weil die eigene Defensivreihe manchmal so ein bisschen kopflos ist. Hier kommt es aber gar nicht erst so weit. Und Brøndby aus Dänemark schafft es tatsächlich noch, dieses Spiel hier zu drehen. Und was war das bitte für ein offener Schlagabtausch hier, die gesamte zweite Halbzeit. Also Respekt auch an das mexikanische Team. Und jetzt sieht man hier FIFA Ustun nochmal. Er ist natürlich erleichtert und kann hier auf jeden Fall stolz sein auf diese Leistung. Das war FIFA auf allerhöchstem Niveau und natürlich so, wie wir uns das wünschen. Richtig actiongeladen, viele Tore
und am Ende Fair Play. Es gibt den Handshake nochmal. So muss das sein. Also, ich muss echt sagen, Zwischenfazit, das ist ein richtig gutes Event. Es gab ja für diejenigen von euch, die vielleicht auch bisher noch nicht so viel von der FIFA E-Sports-Saison in FIFA 18 mitbekommen haben, immer mal auch Kritikpunkte. Es gab bei Events, gerade beim ersten Major der Saison, ja, einige Ungereimtheiten. Und mittlerweile läuft das hier wirklich flüssig. Schöne Location, Spiele sind flüssig, wir sind im Zeitplan, also da nochmal echt Hut ab. EA macht da einen guten Job, beziehungsweise die FIFA. Macht richtig Spaß, das Ganze zu kommentieren. Ja, tolle Szenen, auch durch diesen Teamcharakter, durch diese Komponente, dass sich die Jungs da gegenseitig auch immer wieder unterstützen. Also wirklich eine tolle Atmosphäre hier vor Ort, schöne Szenen und sowas wollen wir doch dann sehen. Und wir haben hier kurz die Möglichkeit, euch mal auf ein Gewinnspiel hinzuweisen. Zusammen mit McDonald's, offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft 2018, schickt Sport1 nämlich 2 glückliche Gewinner zum großen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft nach Moskau. Und da wird wirklich alles bezahlt, die gesamte Reise. Und ja, dann kann man sich das Finale dort direkt in Moskau anschauen. Dafür einfach mal sport1.de/esports abchecken und da kriegt ihr dann alle weitere Infos oder auch auf der Facebook-Seite von Sport1. Auch die heißt Sport1 eSports. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Und ein bisschen Glück seid ihr dann vielleicht sogar noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Ermöglicht durch McDonald's. Ja, das wäre ein Ding auf jeden Fall. Und wir gehen mal rein bei der Vorstellung der Lightning Pandas. So you can see it there, the Royal. We were speaking about him earlier on. He's brilliant und da war es auch schon vorbei. Naja, so schnell kann es gehen, aber ist nicht schlimm. Die Lightning Pandas mit Sean Allen und Nilla haben wir schon des Öfteren heute gesehen. Und insofern, jetzt treten sie gegen die Falcons an, wie es aussieht. Und die sind ja wiederum sehr, sehr gut unterwegs. Waren zumindest jetzt vor dem 5. Spieltag auf Platz 1 und die Falcons setzen sich ja zusammen aus MS Tossari. Den haben wir schon vor einigen Wochen in Manchester gesehen beim Foot Champions Cup. Hatten wir auch hier übertragen bei Sport 1. Ja. Und da hat MS Tossari am Ende im Finale sich durchsetzen können gegen unseren deutschen Eisvogel und sein Teamkamerad The Royal, auch aus Saudi-Arabien. Ebenfalls ein sehr, sehr starker Spieler. Letztes Jahr das Regional Final gewonnen bei sich in der Region und ja, jetzt die beiden im Team unterwegs. Also wenn die Tabelle hier gerade up-to-date ist und es ist zumindest so, dass alle jetzt hier mittlerweile mit 4 Spielen eingetragen sind, dann sind Falcons gerade an Position 2 und Team Envy wieder an Position 1 mit dem deutschen Spieler der Stunde, kann man ja fast sagen, Eisvogel, der eben gegen den Spieler von Falcon eSports, MS Tossari, beim 2. Major der Saison in Manchester das Finale verloren hat. Er konnte sich aber heute schon erfolgreich revanchieren, also auch hier schön zu sehen, wie eng immer diese Leistungsdichte ist. Und ich würde sagen, wir können die Chance noch mal ganz kurz nutzen, so ein bisschen einzuordnen, was es mit dem Club World Cup auf sich hat, weil das eine Neuerung ist in der FIFA-Welt. Es gab letztes Jahr das erste Mal die Klub-Weltmeisterschaft, sie wurde allerdings da noch im One-on-One gespielt und jetzt ist es das erste Mal so ein Shift in Richtung des Teamwettbewerbs. Es gab da durchaus Stimmen aus der Community, auch von einigen Profispielern, die sich erhofft haben, dass so ein bisschen mehr die Teamdynamik ein Faktor wird. Und ich denke, diese Rufe wurden erhört und man muss einfach mal sagen, es ist ein richtig schöner Wettbewerb, dass man jetzt als Team sich gegenseitig auch unterstützen kann und wenn es beim einen mal nicht so läuft, dann kann der andere eben aushelfen. Auf jeden Fall. Das Ganze sehen wir jetzt hier auch wieder am praktischen Beispiel sozusagen. Wir gehen rein in das nächste Match zwischen Nilla und dem gerade benannten MS Tossari aus Saudi-Arabien. Wenn man so möchte, gerade der beste Spieler der Welt. Aber man muss fairerweise sagen, es entscheidet in FIFA 18 auch immer so ein bisschen die Tagesform. Es gibt da sicherlich 10 bis 20 Spieler, die, wenn sie den richtigen Tag erwischen und so ein Quäntchen Glück haben, in der Lage sind, die großen internationalen Events zu gewinnen. Dennoch bin ich sehr gespannt, ihn hier in seinen weinroten Trikots erneut live zu erleben. Nach seinem Sieg vor einigen Wochen. Und zu schauen, inwiefern er denn sein Niveau beibehalten hat. Denn mit Rang 2, gerade in der Gruppenphase, sieht es auf jeden Fall danach aus, dass er weiterhin in guter Form zu sein scheint. Hier auch am Anfang auf jeden Fall mit den besseren Offensivaktionen und nach dieser geschickten Drehung mit CR7 und dem anschließenden Flachschuss auch bereits mit einer 1:0 Führung im Rücken. Guter Start also für MS Tossari, den ihr unten links im Bild sehen könnt. Und Nilla, für den läuft es hier einfach noch nicht so richtig heute.
Hat zwar gute Ansätze gezeigt, aber am Ende fehlen da die letzten Prozente bei ihm und seinem Teamkollegen Sean Allen. Ja, ich öffne mal unsere schöne neue App hier und gucke mir mal an, welche Einzelergebnisse Nilla hat. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass wir mittlerweile hier wirklich perfekt auch angeliefert bekommen, die einzelnen Ergebnisse, die aktuellen Stände, das Ganze live tatsächlich. Also wenn es dann nachher in die heiße Phase der Gruppenphase geht, später dann weiterhin im Livestream auf YouTube, Sport1 ist da der Kanal, dann können wir euch wirklich updaten, wie es dann in den parallel ausgetragenen Matches aussieht. Wieder die Doppelpass-Situation für Dosari, aber diesmal gut vom Dänen dazwischen gegangen. Wichtig, dass man da aktiv verteidigt, dem Gegner nicht zu viel Zeit und Raum lässt. Und insgesamt $50.000 Preisgeld geht es hier auch noch. Neben all dem Ruhm. Den ersten offiziellen großen Teamwettbewerb in FIFA zu gewinnen. Miller marschiert mit CR7. Dragback versucht mit Rullet, aber Dosari ist im Zweikampf präsent und kann also jetzt seinerseits den Gegenangriff einleiten. Schön durchgesteckt. R9 hat viel Platz, dreht sich einmal raus. Marcelo nochmal weitergelegt und der Abschluss. De Gea mit einer starken Parade. Aber eine wunderschöne Kombination, wirklich. Und jetzt Ronaldo mit einem Seitfallzieher. Was für ein Tor nach diesem Eckball. Das entlockt auch dem sonst so ruhigen und ernsten Dosari mal ein Lächeln. Wow, also sowas sehen wir selten, auch in FIFA 18. Und nachdem er es gegen Juventus schon so schön gemacht hat, der Ronaldo im echten Fußball, liefert er uns auch jetzt hier eine Augenweide. Da gibt es den Daumen in Richtung der Fans und hier sehen wir es nochmal, wie er da in der Luft steht. Er versucht noch irgendwie ranzukommen, aber das gelingt nicht. Und damit also 2:0 inzwischen die Führung für Dosari und Falcons eSport. Ja, und der Kopf geht so ein bisschen runter bei Nilla. Der weiß natürlich, dass es heute nicht so gut läuft. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Alle 4 Spiele hat er bisher verloren. Es waren knappe Ergebnisse immer. Er hat auch starke Spieler gehabt, gegen die er antreten musste. Zum Beispiel als Principe, den Italiener. Und da kann man durchaus mal verlieren auf dem Niveau. Aber es wurmt einfach. Wenn man 4 Spiele hintereinander immer wieder verliert, man gibt alles. Es reicht am Ende nicht. Und es gab mehrere Spiele wie dieses, wo er Anschlusstreffer gemacht hat. Jetzt aber wieder das 2:1. Sehr gut nachgesetzt da, bissig geblieben. Das muss dann mental schon einiges an Arbeit oder Coaching aus dem Hintergrund bekommen, damit man da wieder zurückkommt. Aber es kann schnell gehen in FIFA und das war jetzt gerade auf jeden Fall mal die richtige Antwort hier von Nilla, der mit der Prime-Karte von R9 mit 96 bewertet hier den 2:1 Anschluss erzielt. Und da muss Dosari jetzt natürlich aufpassen. Wir haben es heute schon gesehen bei Principe, der nach einer 2:0-Führung dann noch 3 Gegentreffer innerhalb der ersten Halbzeit hergeschenkt hat und sich auf einmal mit dem Tor im Rückstand fand. Jetzt aber die nächste Chance. Dosari, 24 Minuten gespielt, 4 Tore bereits erzielt, 3:1 der Zwischenstand. Also immer wieder die Situation übers Zentrum, der Angriff bzw. den Stürmer im Zentrum angespielt, weitergelegt auf die Außen. In dem Fall ist es Henry und das kriegt Nilla nicht in den Griff. Und so viele Gegentore, die machen dir am Ende natürlich das Leben schwer, selbst wenn du vorne immer wieder auch deine Wege findest. Und wer sich gefragt hat, was das denn gerade für ein Jubel da war, auch das ist in FIFA tatsächlich möglich. Man kann nach den Toren, die man gemacht hat, fancy Jubel auspacken, unter anderem eben hier so ein bisschen Musik machen. Gibt auch noch andere Jubel, mit denen man durchaus auch provozieren kann. Ist so eine kleine Komponente im Spiel und hier Nilla direkt mit dem nächsten Anschlusstreffer. Also es geht hier gerade hin und her. Wir haben noch nicht mal 30 virtuelle Minuten gespielt und schon 5 Treffer jetzt hier gesehen und es war einmal mehr clean gespielt. Also Dosari öffnet da erstaunlich viele Räume. Er ist ja eigentlich auch für eine wirklich gute, disziplinierte Defensivarbeit bekannt, dass er eben nicht so viele Räume aufmacht, dass er eher passiv verteidigt. Das hat er zumindest beim letzten Major, was er ja gewonnen hat, sehr, sehr gut und erfolgreich umgesetzt. Und damit bleibt diese Partie hier offen. Uns soll es freuen und direkt der nächste Angriff. Boah, starke Dragback-Variation hier nach dem Anstoß und der nächste Treffer. Das gibt's doch gar nicht. 6 Treffer mittlerweile und es sind immer wieder die Anstöße und deswegen muss ich das nochmal kurz erklären. Es ist in FIFA 18
ja, schon leider muss man sagen, ein bisschen so, dass es eine kleine Schwäche vom Spiel ist, dass kurz nach dem Anstoß das verteidigende Team, man steuert ja selber immer nur einen Spieler aktiv, die anderen 10 Spieler werden vom Computer gesteuert und die sind kurz irgendwie nicht so richtig wach und Ronaldo macht den hier schon wieder als Streckschuss. Und ich denke sogar, das hat Tosari dann selber so eingegeben. Da grinst er auch nur ein bisschen gerade. Ein Treffer schöner als der was andere eine Bude hier. da schon wieder. Mit der L2 bzw. LT-Taste kann man die Trickschüsse auspacken. Ja, und wenn das so weitergeht, dann sitzen wir mit dem Spiel noch in der Stunde hier, weil bei jeder Spielunterbrechung, anders als im echten Fußball, wird ja die Uhr angehalten bzw. läuft langsamer. Ja, und Salzer, der Spieler vom VfL Wolfsburg, hat jetzt hier auch im YouTube-Livestream eingeschaltet. Schönen guten Tag. Und schreibt Anstoß 18, das ist so ein bisschen der Szenebegriff für das Ganze. Und da hört man also auch von einem Profispieler des VfL Wolfsburg nochmal höchstpersönlich, dass das so ein Kritikpunkt ist am Spiel, dass es nach den Anstößen eben schwer ist zu verteidigen. Aber Tosari, der hat es jetzt mal geschafft und versucht jetzt seinerseits für den nächsten Anstoß zu sorgen. Gelingt ihm aber nicht. Und damit also mal so ein bisschen eine Verschnaufpause hier von den ganzen Treffern. Und wenn man sowas kommentieren kann, eine Verschnaufpause von Toren, dann kann man sich tatsächlich nicht beschweren als Kommentator. Ja, also bisher wirklich, das ist ein Offensivspektakel. Ich glaube, wir haben noch nicht ein Spiel gesehen, wo es von den Toren her dünn war. Also das muss man halt auch sagen, wir sind mittlerweile schon so ein bisschen fortgeschritten in der FIFA 18-Saison und dadurch kennen die Profis natürlich alle Tricks, auch Tore zu schießen. Und anders als vielleicht noch am Anfang des Spiels sind zum einen jetzt noch mehr richtig gute Spieler draußen, also jetzt zuletzt sind die Team of the Season-Karten rausgekommen, aber die Routine im Torabschluss ist einfach natürlich auch nochmal ein Stück weit verbessert. Und deswegen darf man hier Profis auf dem Niveau einfach keine Räume geben, ansonsten klingelt es direkt. Und hier könnte es jetzt auf Seiten von Niller den nächsten Anschluss geben und er ärgert sich hier, weil das war eigentlich gut gemacht mit der Ballrolle gerade. Fein vorbeigedribbelt und dann im Anschluss nicht ganz präzise. Genau, ich denke auch die falsche Abschlussvariante gewählt dort mit einem Flachstoß. Ich denke, hochgeschlänzt wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Und jetzt gibt es hier vielleicht eine Karte für Vieira, den wir auch in so gut wie jedem Team sehen, die Ikone. Natürlich auch ein legendärer Spieler. Nur gelb. Im wahren Fußball würde man sagen, stark gelb-rot gefährdet, so wie er da schon am Nörgeln war. Ja, das passiert glücklicherweise nicht. Man kann da keinen Einfluss drauf nehmen. Wäre sicherlich auch eine ganz lustige Komponente. Aber was es zumindest natürlich auch gibt, als Parallele zum Fußball, wir warten jetzt erstmal hier ab und Tosari macht noch in der ersten Halbzeit das 5:2, wieder gut freigespielt und das ist das, was wir bei Niller heute schon öfter beobachtet haben. Er hat auf einmal keinen Außenverteidiger da außen und ich bin mir recht sicher, dass es daran liegt, dass er da zu viel mit der CPU-Verteidigung arbeitet. Jetzt sehen wir mal eine Wiederholung. Unten links aufgepasst und da läuft Walker so ein Stück raus und ich denke recht sicher, dass er da in dem Fall hier die R1-Taste drückt und deswegen dann der Spieler denkt, dass es die Anweisung ist, dass er doppeln soll. Ganz genau, also auch solche Befehle kann man geben, aber es ist eben nicht jede Taste in jeder Situation so gut, wenn man sie einsetzt. Und hier beispielsweise kann man sich dann eben Lücken aufreißen. Und das passiert dem Niller noch häufig. Sollte er auf jeden Fall in der Analyse sich mal anschauen, was denn da bei ihm los ist. Damit gehen wir jetzt in die Halbzeitpause. Beim Stand von 5:2 für Tosari. Und echt auch cool zu sehen, was hier nach wie vor im YouTube-Chat los ist. Für all diejenigen von euch, die es gerade Fernsehen schauen, ihr könnt im Anschluss auch direkt im YouTube-Livestream noch dabei sein, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten, wenn euch jetzt gerade irgendwie noch eine Frage auf dem Herzen liegt oder ihr nochmal Feedback oder ähnliches loswerden wollt, schreibt uns gerne unter dem Hashtag eSportsOnAir. Da schauen wir bei Twitter gleich nochmal rein. Und ansonsten, wie gesagt, hier im YouTube-Chat einiges los, auch Pato FIFA-YouTuber gerade dazugestoßen. Auch an dich einen schönen guten Tag. Also da die Einladung an alle, schaut da gerne nochmal vorbei. Über den Hashtag eSportsOnAir könnt ihr uns auch hier erreichen, Fragen stellen. Vielleicht habt ihr das erste Mal bei FIFA eingeschaltet, wollt irgendwas wissen. Dann meldet euch gerne bei uns. Nächste Chance hier zum Anschlusstreffer für Niller. 3:5. Ronaldo macht einen starken Laufweg und
setzt sich dann also vom Verteidiger ab und der Abschluss ist dann doch eine relativ einfache Angelegenheit. In dem Fall flach geschlänzt, vorbeigeschoben, so wie man es auch im echten Fußball immer wieder von den Top-Stürmern sieht. In diesen Belangen ist einfach FIFA inzwischen sehr realistisch geworden. Ja, da gehen die Meinungen aber auch auseinander. Ali schreibt gerade im Chat, dass er der Meinung ist, FIFA sei unrealistisch und PES ist vom Realismus deutlich besser. Das ist ja das andere Fußballspiel, was es auf dem Markt noch gibt. Ich muss sagen, ich fand es auch einige Jahre lang sehr realistisch und sehr gut, aber zuletzt ist meine persönliche Meinung, ist FIFA auch vom Gameplay und vom Realismus einfach nochmal richtig gut geworden und hat sich so ein bisschen abgesetzt. Aber da kann natürlich jeder seine eigene Meinung haben. Und wenn es zwei gute FIFA- oder Fußballprodukte am Markt gibt, vielmehr, dann ist das ja bestenfalls einfach nur eine Konkurrenz ums bessere Spiel. Also soll uns alle nicht stören. Insgesamt aber mit FIFA 18 ein sehr rundes Spiel. Wir hatten das Thema Patches vorhin, vielleicht so das einzige Manko, dass es über die Zeit immer wieder Veränderungen gab und man sich da immer wieder neu darauf einstellen musste. Das ist natürlich gerade für Hobbyspieler ein bisschen anspruchsvoller. Und wir sind sehr gespannt mit Blick auf FIFA 19, wie da vielleicht dann auch Feedback verarbeitet wird, weil insgesamt finde ich FIFA 18 wirklich ein sehr gutes Spiel mit extrem viel Potenzial. Man kann über die Flanken gehen, man kann über normale Wege in der Mitte gehen, Abschlüsse aus der Distanz von nah dran. Die Verteidigung ist eigentlich ziemlich gut geworden. Man muss aktiv verteidigen, man kann aber auch, wenn man möchte, eher passiv agieren. Das sind alles so Dinge, wo es in den letzten FIFA-Teilen eher in Richtung des einen und des anderen Extrem ging. Hier recht gut ausbalanciert, aber so ein paar Sachen stimmen einfach nicht ganz. Während Niller hier den 3:6 Anschlusstreffer macht. Wie gesagt, wir sind noch im Hinspiel. Sean Allen, der Engländer, oben links in der Facecam im Hintergrund. Der wird sich denken, come on, gib noch mal alles, weil ich werde noch 2, 3 Tore aufführen können. Es war Dosari, muss ich dich leider kurz korrigieren, der hier den 6:3 Führungstreffer erzielt hat nach dieser Freistoßvariation. Das ist natürlich nicht so gut hier, muss ich aufmerksam bleiben. Ja. Aber ich bleibe dabei, der Sean Allen wird sich denken, come on, Niller, gib noch mal alles. Weil er weiß genau, wenn er heiß läuft, kann er 3 Tore, 2 Tore, notfalls auch 4 Tore aufholen. Aber auch der Spieler vom Team Falcon eSports, The Royal, der da gleich wartet, ist ein Spieler, der international erfahren ist, der letztes Jahr in der Rest der Weltregion, also so im Bereich Saudi-Arabien etc., ein großes Turnier gewinnen konnte. Und das werden wir dann gleich im Anschluss auf der Xbox noch sehen. 30 Minuten hier jetzt noch auf der Uhr. Und es geht natürlich dennoch weiterhin darum, hier für Niller möglichst den Rückstand einfach zu verkürzen, indem er dann seinen Teamkollegen Sean Allen gleich aufbürdet. Denn die Ergebnisse werden zusammengerechnet. Es geht nicht nur um Sieg oder Niederlage. Und insofern gilt es also, hier den Fokus bis zur letzten Minute hochzuhalten. So schlecht sieht das auch gar nicht aus, was er da nach vorne macht. Nächste Doppelpass-Situation. Schöne Trickvariation mit der Schusstäuschung. Und Dosari aber auch wachsam in der Defensive. Und unter dem Hashtag eSportsOnAir fragt Draco, ist FIFA 18 nicht etwas unbalanced? Stichwort Ronaldo als Übermacht oder auch zu viele Tore insgesamt? Also natürlich hast du auf jeden Fall Spieler, die deutlich besser sind als andere und die dann auch hier von den Top-Spielern immer wieder gewählt werden. Aber ich denke, das ist eben eine relativ normale Komponente in FIFA. Man muss eben sich überlegen, wie man es vielleicht lösen könnte, dass Geld nicht so eine große Rolle spielt, was man investiert. So, weil man sich natürlich auch mit richtigem Geld die besten Spieler irgendwo erkaufen kann. Und was die zu vielen Tore angeht, es ist generell eine Tendenz über die letzten Jahre, dass sobald die Spieler rausgefunden haben, wie man eben wirklich Tore schießen kann, dadurch, dass jedes Jahr neue Möglichkeiten in der Offensive hinzukommen, dass die Toranzahl gegen Ende der Saison immer höher wird. Und aus meiner Sicht bräuchte die Defensive einfach mal ein umfassendes Update. Die ist jetzt seit einigen Jahren gleich geblieben, was die Tastenbelegungen angeht und die Möglichkeiten, die man da selber als verteidigender Spieler hat. Und ich denke, das ist einfach nicht mehr auf einem aktuellen Stand. Jetzt die Möglichkeit hier vielleicht zum
7:3 sogar für MS Dosari. Ja, und ich denke, da müsste es also mal ein Update geben, wo man auch in der Defensive dann neue Möglichkeiten bekommt, noch mehr Einflussmöglichkeiten zu verteidigen. Ja, eine mögliche Option. 4-6 jetzt. Das warte ich hier wieder mal ab. Immer dann, wenn wir irgendwas ausführen, kommen die Tore doch. Und es geht jetzt wieder hier in die packende Phase. Also zunächst hatten wir das Gefühl, mit 3 Toren vielleicht ein bisschen ruhiger. Jetzt hier nur noch 2 und damit für Sean Allen gleich wieder alles möglich. Aber um den Punkt ganz kurz zu machen, eine Möglichkeit könnte, denke ich, sein, dass man das Tour und Tour mehr in den Vordergrund stellt, weil dann ist man zu zweit und kann dann insgesamt 3 Spieler steuern. Man kann die CPU steuern und jeder steuert einen Spieler selber. Und das könnte defensiv nochmal einiges an Einflussmöglichkeiten hinzubringen. Das Ganze gab es auch früher schon mal in der ESL Pro Series. Habe ich sogar selber mal eine Zeit lang mitgespielt und hat richtig Spaß gemacht, sich als Team da zusammenzufinden. Und eine Frage bei eSports on Air war auch noch, was der Wettbewerb hier ist. Es ist die Team-WM und man spielt hier ein Spiel auf der Playstation und ein Spiel auf der Xbox. Jeweils ein Spieler des Teams und das Ergebnis wird zusammengezählt. Tour und Tour in dem, sag ich mal, in der klassischen Form gibt es hier noch nicht. Das könnte dann so die nächste Erweiterung sein. Ja, und hier sind also über eine Qualifikation, in der viele Teams weltweit angetreten sind, die besten Vereine, die ein E-Sports-Team haben und auch die besten E-Sports-Teams an sich vor Ort in Paris kämpfen um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft und auch um $50.000 Preisgeld. Und währenddessen sehen wir den 7. Treffer von Dosari. Also beide kriegen nicht so richtig Zugriff defensiv aufeinander. Und damit also erneut eine 3-Tore-Führung für Saudi-Arabien, für Falcon eSports. Es geht ja auch hier in Paris um 4 weitere Slots für die Global Playoffs. Also das große Qualifikationsturnier der Global Series, wo man sich dann für die offizielle Weltmeisterschaft qualifizieren kann. Und das gibt es dann bald schon ab dem 28. Mai, vom 28. bis 3. Juni. Hier natürlich auch wieder live bei Sport1 zu sehen. Also da geht es dann in etwas mehr als einer Woche weiter. Währenddessen sehen wir hier erneut diese Freistoßvariante von Miller, aber wiederum ist der Abschluss völlig missraten. Vielleicht sind das doch noch so ein bisschen die Nerven auch teilweise bei ihm. Aber da kann man sich wirklich was abgucken. Also nochmal zur Erklärung, man lässt erst den einen Spieler rüberlaufen, dann den zweiten Spieler. Das muss jeweils natürlich verteidigt werden. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, einfach kurzen Pass zu spielen auf den... Oft muss es ein Stürmer im besten Fall sein, der dann direkt daneben steht. Und da hat man dann kurz Raum, auf den Abschluss zu gehen. Und ja, es ist kaum zu verteidigen, selbst wenn man das weiß, weil man vom Timing her da wenig machen kann. Also vielleicht so ein bisschen eine leichte OP-Freistoßvariante in FIFA 18. Und hier nochmal der Hinweis, weil wir jetzt hier in der Fernsehübertragung so langsam zum Ende kommen. Ihr könnt euch gerne den YouTube-Livestream bei Sport1 und weiter anschauen. Da werden wir den Tag weiter für euch noch am Start sein, auch morgen dann mit der heißen Phase des Events, wenn wir schauen, wer das erste Club-Weltmeister-Team wird. Der Livestream ist auch kostenlos, also da einfach gerne reinschauen und da freuen wir uns, wenn wir den Nachmittag über noch gemeinsam hier verbringen. Ein bisschen sind wir aber für euch noch am Start, also wir gehen gleich nochmal in eine Werbepause und dann sind wir aber nochmal zurück, auch im Fernsehen, also bleibt da auf jeden Fall auch dran und dann später bei YouTube. Hier wird es jetzt vielleicht sogar noch einen 8. Treffer geben. Aber zunächst erstmal nur die Ecke für Dosari. Und jetzt Abstoß und 3 Minuten Nachspielzeit stehen zwar auf der Uhr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier dann gleich den Abpfiff geben wird. Und so ist es auch. Also Sean Allen im zweiten Spiel gleich gegen The Royal wird mit 3 Toren Rückstand unterwegs sein und kämpfen müssen, um das Spiel hier noch irgendwie zu drehen.
Wir geben jetzt hier also nochmal ab in die Werbung und sind dann gleich zurück mit der Schlussphase im Rückspiel. Bleibt dran. Auf YouTube sind wir natürlich weiter für euch am Start und werden hier also auch den Beginn des Rückspiels live am Start haben. Insofern also bleibt auch hier auf jeden Fall dran, denn wir haben ja, am heutigen Tag viel Live-Spiel, viel Live-Signal einfach am Start. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie rund es läuft und wie viel gutes FIFA, wie viele Tore vor allem. Ja, also das ist wirklich überragend, wie viel Action wir hier haben. Und die können wir euch komplett zeigen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Sache, muss ich sagen. Macht wirklich Bock, hier dieses Event zu begleiten. Ich muss auch kurz anmerken, Stichwort spaßige Sache, du bist ein krasses Chamäleon, so, ne? Wie du das gemacht hast. Also ja, so ne? Kurz geguckt, welche Wandfarbe heftig. Und dann einfach das entsprechende Shirt dazu. Und also ich weiß, wenn die jetzt lila werden würde, dann also ist teuer so ein Shirt bestimmt, oder? Ja, also das ist die neue Hightech-Errungenschaft der Bioinformatik. Tatsächlich sich selbst von Benny, anpassende. Ne? Wir haben ja bei eWorld Game extra einen im Team, der das Ganze dann auch, ja, nee, krass. Sich selbst anpassende, an die Wand, Hintergründe anpassende Kleidungsstücke. Ja, habe ich mir kurz einmal hier rausgeschnitten. Ich bin auch gespannt, welche Tools denn hier noch so drin versteckt sind und so. Ja, da drücke ich und dann wirst du aber mal sehen, was passiert. Aber das darf ich noch nicht vor der Kamera machen, deswegen vielleicht irgendwann. So, wir können ja nochmal einen Blick auf den Chat werfen. Und da wird natürlich auch weiterhin fleißig über Pro-Owns konzentriert, sage ich schon, diskutiert. Wir haben derweil hier einige Highlights nochmal für euch am Start aus einem anderen Matchup zwischen Mkers und Brøndby, nämlich mit FIFA Ustun, der hier gegen Principe, Fredberg ist es, der hier gegen Principe sogar kurz vor Schluss den 3:2 Führungstreffer erzielen kann mit Pelé. Schauen wir mal, ob er den über die Zeit gebracht hat oder ob es dann nochmal einen Ausgleich gab. Ja, das sieht so aus, 3:2 Sieg also im ersten Spiel für Fredberg und Eisvogel, der macht es auch weiterhin richtig gut. 1:0 Führungstreffer hier gegen Rain. Und dann nach der Ecke allerdings muss er den Ausgleichstreffer hinnehmen. Da kann man nicht immer zwingend was gegen machen. Auch hier ca. 75. Minute. Wow, was für ein Tor. Wie Suarez dahin jumpt, aber auch De Gea. Wir sehen das jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Achtet mal auf De Gea, was der da macht. Ja, moin. Einfach mal... Nasenblut muss los. Einfach mal kurzerhand am Ball da vorbeigesprungen. Ja, passiert auch den besten Torhütern. Oh, und dann gab es aber anscheinend nochmal den Ausgleichstreffer direkt hinterher für Rain. Diesmal De Gea mit einer besseren Paradenanimation, aber gebracht hat es nichts wirklich. Und hier sehen wir die Ergebnisse im Überblick, wie sie jetzt zwischenzeitlich nach Spiel 1 aussehen. Also Mkers hinten mit 2:3, Pandas hinten mit 4:7, ausgeglichen bei Xolos gegen Team Envias. Und VfL Bochum mit 0:1. Rückstand geht's für Megabit ins zweite Spiel gleich gegen Dax, der ja für Rocky, den wir so schön im Opening-Trailer gesehen hatten, eingesprungen ist. Rocky aus persönlichen Gründen kann er hier heute nicht am Start sein. Genauso wie Nicolas, der Argentinier, der aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Paris Saint-Germain steht gerade bei 3 Punkten, wenn sie gewinnen würden, also bei 6. Bochum ist gerade bei 6 Punkten nach 4 Spielen. Also hier auch wieder so ein kleines Fernduell um den 4. Platz, oder was heißt Fernduell, ein direktes Duell um den 4. Platz. Und parallel finden andere Duelle statt. Es ist sehr umkämpft, also man kann vielleicht sagen, dass Envy sich hier so ein bisschen absetzt, gerade auch mit dem Unentschieden nach wie vor in Game 5 in einer ganz guten Ausgangsposition, auch für Falcons. Und den Mkers läuft es gut, aber alle anderen Teams haben, sage ich mal, noch eine theoretische Chance und kämpfen hier gerade. Und dann sind natürlich gerade die Duelle, wo es um den direkten oder ins direkte Duell um den 4. Platz geht, spannend. Insofern fände ich es cool, wenn wir vielleicht gleich auch nochmal einen Blick bei Bochum gegen eSports, gegen Paris eSports reinwerfen könnten. Aber da nochmal der Hinweis, wir haben leider keinen Einfluss auf die Anlieferung der Spiele. Wir bekommen einfach das Feed, was auch im internationalen Livestream läuft und kommentieren dann darüber. Aber es ist immer so, dass die halt ein Spiel haben, was sie im Fokus haben.
wenn das rum ist oder wenn es gerade irgendwie doch nicht so spannend ist, dann geht es nochmal in ein anderes Spiel rein. Das heißt, wir werden verschiedenste Spiele sehen, haben aber keinen finalen Einfluss darauf. Wir können auch nochmal auf das Hashtag eSports on Air eingehen, beziehungsweise auf die Fragen, die darunter gestellt wurden. Auf Twitter von Davuane Smooth, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen hatte. Er fragt, wer ist euer Favorit für den World Cup Win? Stichwort Chancenmaximierung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er mit Chancenmaximierung meint, aber meine Favoriten wären Basel mit The Stranger und Cody, der auf der Xbox unterwegs sein wird. Und auf der anderen Seite jetzt, hier haben wir sie schon gesehen, eben Falcon eSports. Ja, Malte, du hattest vorhin genannt. Unilad. Jetzt muss ich noch überlegen. Unilad und... genau, Unilad, weil eben dort der Weltmeister spielt, Gorilla, das ist so ein bisschen das Turnierspielerteam, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite Mkers, weil die eben auf der einen Seite Kurt haben, von dem ich einfach mal mir hoffe, dass er seinen großen Worten auch Taten folgen lässt. Und er spielt mit Principe, dem Italiener, zusammen, der gerade in der FIFA-17-Saison erfolgreich aufgespielt hat, konnte dort auch einen Major holen. Das sind so meine 2 Favoritenteams, aber die beiden Teams, die du gerade benannt hast, auch Basel vor allem, den traue ich auch zu, heiß zu laufen. Und ich freue mich da auf jeden Fall dann auch von denen später im Livestream noch was zu sehen. Ja, und auch der Joshua hat eine interessante Frage gestellt. Hashtag eSports on Air. Glaubt ihr, Pro-Clubs hat auch eSports-Potenzial, fragt er. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sogar, glaube ich, gestern war es auf Twitter, ein ziemlich cooles Bild gesehen. Ich glaube, das war aus der holländischen Liga oder so, wo die in einem Stadion wirklich 11 gegen 11 Konsolen aufgestellt haben und da so ein Pro-Club-Show-Match gespielt wurde. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob 11 gegen 11 wirklich das Potenzial hat, auf der allerhöchsten Ebene anzukommen, weil es organisatorisch extrem aufwendig ist und vielleicht auch ein bisschen zu sehr dem echten Fußball ähnelt. Also aus meiner Sicht ist halt FIFA und Fußball, klar, wir haben das vorhin auch schon mal thematisiert, hat große Überschneidungen, aber es hat auch Unterschiede und die würden so ein bisschen weggehen. Ich fände erstmal ein Tour und Tour als ersten Schritt besser als direkt das 11 gegen 11. Und wir begrüßen auch die TV-Zuschauer zurück, pünktlich hier zum Rückspiel zwischen dem Team Mkers, sage ich schon fast, zwischen dem Team Falcon eSports und dem Team von Dragon, nämlich, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, Malte, hilf mir aus, das Team von Dragon und Nilla. Ach ja, genau. Lightning Pandas natürlich. Wie konnte ich diesen schillernden Namen eigentlich vergessen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Dragon mit 3 Toren Rückstand. Geht er rein hier ins Rückspiel gegen The Royal, den ihr jetzt hier links unten im Bild seht. Ja, also wenn ich es einem zutraue, hier so ein Comeback zu starten, dann ist es Dragon oder auf der anderen Seite in Gruppe A Huge Gorilla, die beiden Engländer, die ja auch Trainingspartner sind und sich gegenseitig coachen bei Turnieren, weil es eben absolute Offensivmaschinen sind. Defensiv vielleicht teilweise so ein bisschen eher unsicher, aber immer mal wieder gut für 5, 6 Treffer und einige Treffer bedarf es hier jetzt zumindest. Wir haben neue Trikots, insofern vielleicht auch mal der Hinweis. Dragon in den roten Trikots, auch immer erkennbar an den 2 kleinen Streifen in der Anzeige links oben und The Royal von rechts nach links in den schwarzen Trikots. Jetzt hier im Angriff mit Thierry Henry, auch eine Ikone, die gerne gespielt wird. Im Zusammenspiel mit eigentlich so ziemlich allen im Mittelfeld und im Sturm. Und am Ende der Kette steht Suarez, der hier einschieben kann zum 1:0. Wunderbare Kombination von The Royal zum 1:0 Führungstreffer. Und damit erhöht er auf insgesamt 4 Tore nach Hin- und Rückspiel zusammengerechnet. Man sieht nochmal diese richtig schöne 97er-Karte von Suarez. Team of the Season, recht frisch rausgekommen. Da wurden ja so die besten Spieler aus den jeweiligen Ligen nochmal mit so einer Karte belohnt. Das ist eine gewisse Ultimate Team-Tradition, wenn man so möchte. Und Suarez endlich wieder mit einer Top-Karte. Ins Team of the Year hat das ja nicht geschafft. Letztes Jahr hatte er seine Totti-Karte und die war richtig stark. Insofern muss ich sagen, freue ich mich auch selber schon drauf, den Herrn mal zu spielen. Ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht testen können, aber hier erhält er jetzt das erste Mal auf der großen internationalen Bühne Einzug. Ja, und so ein früher Rückstand, das war natürlich alles andere als der Plan für den Engländer Dragon. Inzwischen hat er doch R9 auf der Stürmerposition und Ronaldo.
Also hat jetzt gewechselt. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass er da zunächst mit Henry und Son im Sturm und dann auf der Position dahinter irgendwo mit Salah unterwegs war. Hat sich jetzt entschieden, das zu wechseln. Schauen wir mal. Jetzt Ronaldo mit der Chance. Vorbeigelegt an De Gea, der aber noch gerade so mit einer Hand an den Ball kommt und ihn am Tor vorbeilenken kann. Auch die Ecke ist gefährlich. Wird sogar vom eigenen Mann geklärt. Deswegen der nächste Eckball hinterher. Gullit kriegt eine zweite Chance auf den Außen. Jetzt in die Mitte reingelegt. Salah hat ihn mal auf links. Flachschussversuch, aber aus dem Winkel nicht unbedingt die erfolgsversprechendste Variante. Nächster Eckball dennoch. Wieder Ronaldo und jetzt gibt es Abstoß und Entlastung für den Mann von Falcon eSports. Dragon kommt aber gerade ganz gut rein. Wir sehen immer wieder diese Schusstäuschung direkt zur Ballannahme. Jetzt ein weiterer Skillmove und zum 1:1 der Ausgleichstreffer. Bisschen glücklich, das Tackling war eigentlich da nach diesem El Tornado. So heißt der Skillmove, einer der beliebtesten inzwischen fast schon in FIFA 18. Ja, ich wollte es gerade sagen, also dass auf Profiniveau mittlerweile hier so ein, ja, ist ja eher so ein fancy Skill-Move, der nicht zwingend, wo man als erstes denkt, dass er richtig simpel in Richtung Tor geht, so ein bisschen verspielter er ist. Dass der so Einzug erhalten hat auf dem Profiniveau, finde ich auch interessant. Aber es hat eben den Grund, dass der Ball sich am Ende des El Tornados so hochgelegt wird und man kann dann oft richtig vielversprechend abschließen. Und hier hat das zwar nicht geklappt, aber der zweite Ball kam dann zurück vor die Füße von Dragon und damit sind es jetzt 3 Treffer wieder, die er hier noch aufholen muss, das um kann zumindest noch mal einen packend Punkt werden. dann einzusammeln. Auf jeden Fall, das kann noch sehr packend werden. Zeit genug ist noch da. Dragon muss halt nur aufpassen, dass er nicht zu sehr erzwingen möchte. Jetzt, Kurt hat es vorhin im Interview gesagt, dass er sich dann so ein bisschen geärgert hatte, dass er, weil er eben hinten lag, zu früh zu viel wollte und sich damit dann selber zerstört hat. Hier der zweite Treffer von Dragon. Das hat er richtig gut gemacht, über die Außen, kurz am Abwehrspieler vorbeigegangen und dann die Übersicht behalten, um mit einem druckvollen Pass in die Mitte zu spielen. Und dann ist es für Gullit natürlich leichtes Spiel hier. Und damit sind es nur noch 2 Treffer. Und erneut sehen wir direkt in den ersten Spielminuten viele Tore. Gullit höchstpersönlich vollstreckt hier zum zwischenzeitlichen Führungstreffer im Rückspiel. Dragon auf jeden Fall einer dieser Typen, wenn der heiß läuft, offensiv, dann ist er kaum aufzuhalten. Aber die Maschine muss eben erstmal angeworfen werden. Das ist ihm bisher noch nicht so wirklich gelungen. Vielleicht jetzt. Denn so langsam aber sicher müssen auch Punkte eingefahren werden, wenn hier irgendwie noch eine Top-4-Platzierung in der Gruppe möglich sein soll. Nächste Situation, über Gullit erneut. Am zweiten Pfosten vielleicht die Möglichkeit. Jawohl, da ist die Flanke. Salah, Flachschuss und der ist drin. Beziehungsweise Halbvolley. Ob der überhaupt so flach geplant war mit dem schwachen rechten Fuß, wo der Kollege 2 Sterne hat. Irgendwie bringt er den hier im Tor unter, wird dabei noch komplett von den Beinen geholt. Ich frage mich ein bisschen, was mit De Gea da los ist. Ja, also, der versucht runterzutauchen, anstatt einfach eine Fußparade zu machen. Das ist eine falsche Animation einfach gewesen. Das läuft ja so, dass je nachdem, was gerade für Muster im Spiel ungefähr passiert ist, das so reinprogrammiert, dass die Torhüter dann irgendwelche kleinen Animationen machen, zum Beispiel eine Parade. Die sieht dann immer gleich aus, die Parade. Oder ungefähr gleich. Und in dem Fall ist da, glaube ich, die falsche Animation angeschmissen worden. Man sieht es hier nochmal. Vor allem irgendwie vom Timing viel zu spät, wie De Gea da versucht abzutauchen. Bitter aus Sicht von The Royal, der hier die hart erarbeitete Führung von seinem Teamkollegen MS Dosari so ein bisschen daherschmelzen lässt. Ja, aber auch Sean Allen hat einfach gerade so richtig seinen Rhythmus gefunden vorne. Eben mit Gullit ganz lange gewartet, bis er die Flanke gespielt hat. Und hier versucht er es ganz frech, sich den Ball vorbeizulegen am letzten Verteidiger. Aber das geht vielleicht auch nochmal ein bisschen in Richtung des Twitter-Kommentars eben. Man merkt schon den Unterschied mit Cristiano Ronaldo hier, der Team of the Year-Karte. Das ist einfach nochmal mehr Qualität vorne drin, als er das vorher hatte. Da hat er ja auf Ronaldo erstmal verzichtet und ihn auf der Bank gelassen. Eigentlich unter Profispielern ein gesetzter Stürmer. Die 99 bewertete Karte. Einfach, der ist so präsent, der Ronaldo, der macht die Dinger rein, aber vor allem ist er auch körperlich sehr stark, setzt sich in den entscheidenden Momenten immer wieder durch. Auf den kann man eigentlich nicht verzichten.
Ja, und ich denke, das wird auch für Sean Allen hier vielleicht mal eine Erfahrung sein, dass er merkt, wow, da geht ja dann doch ein bisschen mehr, wenn ich vorne eben die absoluten Top-Spieler habe. Jetzt geht es hier gleich in die Halbzeitpause. Nochmal der Hinweis, mit unserer Fernsehzeit sind wir hier gleich durch. Das heißt, es wird aber weitergehen auf YouTube im kostenlosen Livestream. Also youtube.com/sport1 ist der Kanal. Da könnt ihr also weiter dranbleiben und euch hier noch die gesamte Gruppenphase am heutigen Tag und morgen natürlich auch die K.O.-Runde dann bis hin zur Entscheidung, wer Club-Weltmeister wird. Das könnt ihr euch alles anschauen. Also schaltet da auf jeden Fall ein und bleibt dran. Ja, Royal muss sich jetzt überlegen, wie er darauf antwortet. Vielleicht jetzt auch nochmal mit seinem Teamkollegen absprechen. Das ist ja eine neue Dimension, die eben dadurch jetzt zustande kommt, dass man als Team agiert. Und hier sehen wir gerade auch nochmal die aktualisierten Ergebnisse in Gruppe B, beziehungsweise eben die Konstellation der Tabelle vielmehr. Ja, sogar tatsächlich, wenn ich das hier richtig deute mit As It Stands, Live-Tabelle, genau, Blitztabelle. So auch. Die Blitztabelle sozusagen also aus Runde 5. Sehr, sehr cool, denn so langsam geht es natürlich in die heiße Phase. Oben setzen sich gerade 3 Teams ab, wenn es so bleibt. Envy wäre gerade mit 13 Punkten unterwegs. Falcons mit diesem Sieg bei 12. Mkers ebenso bei 12. Da scheint also Kurt das Spiel auch gedreht zu haben im Rückspiel gerade. Und VfL Bochum, Brøndby, PSG und eben auch die Lightning Pandas hier in Form von Dragon gerade. Die kämpfen noch um diesen entscheidenden 4. Platz. Man sieht es an der gestrichelten Linie. Da ist der Cut, wer es in die K.O.-Runde schaffen wird. Und hier wird jetzt gerade anscheinend von The Royal doch etwas länger umgestellt, beziehungsweise Dragon schaut sich das halt auch noch an. Er ist wieder in dieser engen Raute, in der Diamantformation. Jetzt sieht man auch mal, warum die so heißt. Um diese 4 Spieler im Zentrum geht es da konkret. Ist er weiterhin unterwegs. Oh, es scheint ein Controller-Problem zu geben. Vielleicht die Batterien alle oder sowas. Daniel fragt im YouTube-Chat gerade nochmal, wann dann auch Gruppe A kommt, wo unter anderem ja FC Schalke 04 eSports dabei ist. Das wird dann am Nachmittag stattfinden. Da spielt auch der amtierende FIFA-Weltmeister Gorilla vom Team Unilad. Also auch da richtig hochkarätige Games. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, einfach den YouTube-Livestream nachher mal einschalten. Da werden wir den gesamten Nachmittag für euch weiterhin von der Partie sein. Jetzt hier erneut Dragon in den roten Trikots mit Offensivdrang nach vorne, aber diesmal kann The Royal das schon im Ansatz unterbinden. Auch das Pressing wird jetzt natürlich erhöht vom Engländer, um schnelle Balleroberungen zu erzielen und hier irgendwie noch das Ruder rumreißen zu können. Denn man muss halt auch sagen, ein Unentschieden, um sich auf 5 Punkte hochzurobben, das hilft nicht so wirklich weiter. Im Fernsehen geht unsere Zeit jetzt also zu Ende. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Eishockey-Halbfinale bei der Weltmeisterschaft live. Da gehen wir jetzt gleich rüber und wie gesagt der Hinweis, schaut gerne auf YouTube vorbei und wir sehen uns dann also beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Im Livestream geht es aber natürlich hier direkt weiter und wir sind gespannt, ob Dragon das Ganze hier noch macht. Ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Er spielt gut nach vorne gerade. Und The Royal scheint nicht so die richtigen Mittel zu finden. Auch hier wieder ein unnötiger Ballverlust, beziehungsweise einfach auch gut druckvoll verteidigt von Dragon, der jetzt hier so ein bisschen verzögert und den Ball dann auch verliert. Und das war defensiv mal ganz gut gemacht von The Royal, dem Spieler aus Saudi-Arabien, der jetzt hier richtig schön abwartet, bis R9 auf der Höhe der Abwehrkette ist, sodass es dann kein Abseits war. Aber er verzögert jetzt nochmal so ein kleines bisschen, wechselt vielleicht auch die Seite. Also es geht hier schon so ein bisschen in die Richtung Zeit von der Uhr nehmen. Weil, das hat man eben gesehen in der Tabelle, natürlich trotzdem eine ganz gute Ausgangslage für Falcon eSports besteht und insofern notfalls auch ein Unentschieden reicht. Jetzt die Möglichkeit, hier aber wieder auf 2 Tore zu erhöhen. Flanke findet kein Spieler im Zentrum. Und daher also
Weiterhin eine sehr gute Möglichkeit hier für Dragon, zumindest noch einen Punkt zu stehlen nach diesem Desaster im Hinspiel. Und nochmal ein paar Wechsel durchgeführt. Oben sehen wir auch einige Live-Resultate. Die Mkers jetzt also doch hinten gegen Brøndby. Oder Brøndby. Envy mit 4:3 gerade vorne. Bochum liegt gegen PSG hinten. Nächste Situation für Dragon. Viera jetzt an der 16er Grenze. Erstmal geklärt von Royal. Die Zeit will nicht so recht verstreichen. Immer noch über 20 Minuten. Und jetzt ist viel Platz. Da merkt man natürlich, dass Dragon aufmachen muss. R9 mit dem Abschluss in die lange Ecke. Hohe Variante. De Gea kann sich strecken und die Situation entschärfen. Zumindest zeitweise, denn es gibt den Eckball. Und der führt hier auch zum Anschlusstreffer. 2:3 und damit also wieder die 2-Tore-Führung insgesamt hergestellt. Und da kommt auch mal so richtig was raus beim Jubel hier von CR7. Ist immer ein bisschen bitter, wenn dann am Ende eine Standardsituation vielleicht den Unterschied macht, weil man kann bei Ecken in dem Fall nicht zu 100% den Ausgang beeinflussen. Aus Sicht von Dragon also so ein bisschen vielleicht hier unglücklich, dass er da seine Chancen nicht noch nutzen konnte und jetzt durch eine Standardsituation wieder 2 Tore aufholen muss, um zumindest noch einen Punkt zu holen. Und eigentlich reicht den Lightning Pandas das auch nicht so richtig. Die müssen hier einen Sieg holen und das wird jetzt richtig schwer. Es ist übrigens auch sicherlich bei einigen, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, beziehungsweise haben immer gesagt, es ist die Team of the Year Version von Ronaldo, aber es gibt ja jetzt auch den 99er Team of the Season, ja, der eine Stürmerkarte ist und deswegen nochmal auf ein bisschen mehr Chemie kommt und vielleicht von einigen gewählt wird. Also hier beispielsweise bei The Royal ist es die Team of the Season Karte. Das ist also auch noch ein Punkt auf jeden Fall. Ja, schon mega geil eigentlich der Position Change. Das stimmt, das haben wir gar nicht thematisiert bis jetzt. Müssen wir mal drauf achten. Ich kann mir vorstellen, dass sogar sehr viele den Team of the Season dann spielen. Ja, um dann halt Neymar und Messi beispielsweise auf den Flügeln zu haben oder vielleicht einige noch einen Son in die Startelf zu bekommen. Oder ich glaube, das Bundesliga-Tots ist wahrscheinlich zu spät. Also ja, zu spät veröffentlicht worden, als dass es hier noch gespielt werden kann. Aber ich muss sagen, die Reus-Karte sieht richtig, richtig gut aus. Aber auch ein Sané manchmal als Sub oder so. Es gibt schon auch im Premier League-Bereich oder so echt ein paar starke Spieler im Team of the Season, die man hier auch auf Top-Niveau dann mal wählen kann. Goretzka aus dem Bundesliga-Tots sieht auch nach einer unfassbar starken Karte aus. Bin ich mal sehr gespannt, wie der sich spielen lassen wird. Also Dani Plays, ich glaube, das sehen Georg und ich beide ein bisschen anders. Das Spiel entscheidet nicht den Ausgang, sondern es gibt hier und da Faktoren, die so ein bisschen glücksabhängig sind, aber gerade die Spieler hier auf allerhöchstem Niveau, die wissen ganz genau, wie sie diese Faktoren auch minimieren können. Und umgekehrt haben sie vor allem sehr viele eigene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wie das Spiel verläuft, welche Aktionen ihre Spieler machen. Und man kann sich natürlich darüber streiten, wie groß der Glücksfaktor letztendlich ist. Aber gerade dadurch, dass hier ein Hinspiel und ein Rückspiel gespielt wird, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass er nicht allzu groß ausfällt. Übrigens cool zu sehen, wie gut das geklappt hat, dass jetzt hier auch aus der Fernsehübertragung Leute noch in den Livestream gekommen sind. Also an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen hier an euch.
Zuschauerzahlen sind ordentlich nochmal hochgegangen. Das freut uns natürlich. Und wir werden jetzt hier gleich gegen Ende der Spiele kommen, die wir euch aus Gruppe B zeigen. Und dann geht's los in Gruppe A mit den ersten 5 Spielen. Und da wartet dann unter anderem der Weltmeister höchstpersönlich Huge Gorilla. Ja, und hier hatten wir eben nochmal eine lustige Abschlussszene dieses sehr ereignisreichen Matchups. Denn De Gea war mit nach vorne geprescht zur Ecke und versucht dann noch, hier sehen wir es in der Wiederholung, irgendwie mit einer Grätsche Ronaldo wieder einzufangen. Aber die geht ins Leere und dann läuft The Royal auf und davon mit seinem Ronaldo. Und am Ende muss er nur noch einschieben. Zum 10:7 Endstand, 17 Tore in 2 Spielen. Wow. Wow. Aber da hätte ich darauf wetten können, dass das in Beteiligung von Dragon passiert. Aber die beiden Spieler hier aus Saudi-Arabien, The Royal und MS Dosari, zeigen einmal mehr, dass sie zur absoluten Weltspitze gehören. Dosari hier, während wir gerade nochmal Royal sehen, der gerade im Hintergrund saß, Dosari, der hat ja vor kurzem das zweite Major-Event der Season gewonnen. Und Sean Allen, der weiß genau, dass es jetzt allmählich schwierig wird, hier sich noch in die Top 4 zu spielen. Jene Plätze 1 bis 4, die man ja braucht, um auch morgen dann in der K.O.-Phase noch eine Rolle zu spielen. Und hier sehen wir Megabit irgendwie schon sehr locker unterwegs dafür, dass es noch 3 Minuten Nachspielzeit gibt und er insgesamt nur mit 2 Toren hinten ist. Aber anscheinend hat er da die Hoffnung schon aufgegeben. Dax wirkt noch sehr fokussiert. Wäre natürlich ein wichtiger Sieg für PSG eSports, um sich hier wieder ranzukämpfen an die Top 4. Ja, würden jetzt zumindest punktgleich sein mit Bochum und das ist jetzt auch der Fall. Also ein sehr, sehr wichtiger Sieg hier für Paris Saint-Germain und der klassische französische Handshake, der wird zweimal abgeklatscht, ja, wie sich das gehört. Und Megabit, aber ein absoluter Sportsmann, geht hier rüber zu den Spielern von Paris Saint-Germain. Sagt nochmal GG. Ja, Megabit, mit ihm ist es auch echt immer lustig. Wenn er nach dem Spiel kommt, dann wird direkt immer sofort analysiert. Ja, er ist dann immer so, this goal, 27th minute, you know, my player in this and that. Es ist auf jeden Fall immer lustig, wenn man ihn da sieht. Er ist wirklich so ein FIFA-Brain, merkt man. Aber hier werfen wir nochmal einen Blick auf die Gruppe B. Envy, also mit 13 Punkten auf Platz 1, einen Punkt vor Falcons eSport, die direkt dahinter auf Platz 2 unterwegs sind. Und dann wird es eng. Mkers haben wir gesehen, natürlich auch Brøndby ist mit dabei, VfL Bochum und PSG eSports, das sind gerade die Kandidaten für Platz 4. Ja, um das nochmal sauber abzudaten, Mkers bei 9 Punkten, Brøndby bei 9 Punkten, Bochum jetzt bei 6 Punkten und Paris auch bei 6 Punkten. Und auch die Lightning Panthers mit 4 Punkten haben zumindest rechnerisch natürlich noch eine Chance. Also wirklich eng. Da kann man sich auf die weiteren letzten 2 Spiele dieser Gruppe freuen. Aber es wurde gerade auch schon in der Grafik entsprechend gezeigt. Hier geht es erstmal weiter gleich mit Gruppe A. Und da erwartet uns unter anderem das Team Unilad, aber natürlich auch Schalke 04 eSports oder #United. Sehr bekannte Teams aus dem Fußball- und E-Sports-Bereich, die allesamt echt gute FIFA-Abteilungen aufgebaut haben. Während wir hier nochmal so ein paar Highlights sehen. Wir werden dann gleich auch eine kurze Pause machen, einmal durchschnaufen und dann sind wir für euch zurück mit der Action aus Gruppe A. Und ich muss sagen, ich freue mich echt mal wieder, den Weltmeister höchstpersönlich zu sehen. Auf jeden Fall. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Wir sind dann gleich wieder am Start für euch nach einer Pause. Bis gleich. Okay, for everybody that just played and is ready to leave, if you want to leave, the bus leaves in 20 minutes at 3:30. The next bus is only going to leave after the end of the second group. So either you go on that one or you stall to the end of the event. That's it, thank you.
Hello, welcome back. It's the FIFA 18 E-Club World Cup. We are live from Paris. 16 teams feature with a share of $50,000 at stake, and also 4 spots into the Global Series playoffs later on this month, with the hope of qualifying for the FIFA World Cup. Now we've completed our first 5 rounds of 7 in Group B, and we are now moving on to Group A. Let's have a little look at how it finished up after 5 rounds in the Group B table. Then it was Team Envy on top with 13 points. They've qualified. Falcons eSport on 12, Mkers on 9 and Bromby on 9. Cholos at the bottom there, failing to qualify. And then there's a few spots still up for grabs there. Spencer's alongside me now, but before we get to him, we're going to get on to our Group A competitors. You can see there, Method, #Academy. So Spencer will be keeping a close eye on that one. Arte Virtual, FC Basel, Unilad, BU Esports, ECV Esports, and also Schalke, all to play for as the same actually as the first round that we just saw. We're going to play the first 5 out of 7 this evening for Group A. Now alongside me is Spencer SC, just to kind of look through what we've seen so far, because it was a really interesting first 5 rounds for Group B. We saw there at the bottom of the table, Cholos probably not going to be able to qualify now, but the top team Envy really doing it. Yeah, Cholos are definitely out, unfortunately for them. They get a couple of games tomorrow just to try and put things right, you know, and as the casters mentioned earlier, potentially have a say in who goes through still. I think we're likely to be losing Lightning Pandas as well. The most points they can finish on is 10. That's asking a lot of other teams not to get any points. I just don't see that happening, unfortunately. So I think they're going to be gone. But yeah, Envy are the team that are being most envied right now, top of the league. They're definitely through, looking good. So they've got knockout space confirmed. And Falcons also very likely to go through. So there's really 4 teams battling out for the last 2 places. 16 teams overall, and within those teams there are 2 players, and we knew that it was going to be a little bit different before we started. But what we've seen has been quite interesting, hasn't it? Because if you lose your first round, you really put it on your partner to pull yourself back in there. Yeah, I mean, by no means is this going to be a tournament where we see people go through perfect records. I know we obviously haven't seen that already in Group A, so Group B. Group A is going to be similar. I think it'd be very unlikely we see teams win both legs of every game and go all the way through to the final. There's going to be defeats, there's going to be obstacles, but it's going to be the team that's most consistent. I think it's going to be the team that gets wins coming out of their Xbox player and their PlayStation player that shows they've got a strong overall team that ends up winning this whole thing, because if you've got a weak link, it's going to get exposed. Now, this time last year, we had the interactive Club World Cup in London. Here's a reminder of what happened. This is for a place at the FIFA Interactive World Cup right here in London. It's Chris, and in the background is Expect Sporting from Bromby. Half-time Ronaldo, can he just get around that? Suarez, and a perfect spot, sorry, for Expert Sporting. You expect him to do well. Suarez into Pogba, interchanges ever so well. Oh, this could be beautiful. He's just playing unbelievable. Surely Pogba, get a shot away, fake shot. I don't know when he's going to get the shot away. Back inside. That's the perfect goal. That's what you play for. He's done it. The man from Scandinavia. It's Xbox's turn now. Will it be Rafsu from Olympic Lyon or Tim Latka from Schalke? Hey, there we go. There it goes. Yes. Neuer doesn't move, and Rafsu takes the lead by 1-0. Tim Latka. Yeah! Into the roof of the net. And now he's back in front. Surely, Ronaldo. Goal! Surely! Yes! Could that be the goal? Yes! It keeps him in London. He's in London, 4-3 win. And what a game that was in the end. We are into the big grand final. It is PlayStation versus Xbox. Who is going to come out on top? Lacazette waiting, looking in the middle. He goes to Ronaldo. Ronaldo back. He's gone a little too far back to Suarez. Manages to find the pass into Ronaldo. To Lacazette. Oh, yes! 4-2. Well, I tell you, that's my favourite goal now. You park the bus or not, he's still found a way through. Surely, has to be. Oh, not again! Now rebound, surely, Suarez! Yeah! There we go! Oh, lovely from Ronaldo, scoop turn, all the way through. Surely, Messi, low dribble if he can, second time of basket! It's the perfect turnaround! 5-4
seconds now, and there you go. There's your FIFA Interactive Club World Cup champion, expert sporting Mkers from Denmark. Well, that was last year. Let's get back into this year and meet our players from Group A and Round 1. Now we'll hand you over to our commentary team, Brandon and Richard. Thank you very much, guys. And you can see the second part of the day, you could say, Richard. Obviously, day number 1 here. We've still got loads of action to come tomorrow, live from the FIFA E Club World Cup. As we saw there, you know, give maybe 2 teams a little mention, Team MV and Falcon eSports. Those were the top 2 teams from Group B. Now we're in Group A. We didn't start with Group A, we started with Group B. Group A is now, and I'm just looking through some of these teams. You can see there, Gorilla, the champion, the world champion, FeCWC 2017 winner in London. And the man that he beat, unfortunately, isn't here, Dito. The man he beat in the semi-finals, though, Cody the Finisher, is in this building. Yeah, on that console final, Brandon, and I believe that that is actually the first game that we're going to be seeing. Cody the Finisher up against Unilad Gorilla, and quite a story about this game, because Cody the Finisher actually stopped playing the Xbox because of the defeat that he faced at the hands of Gorilla. He swapped over to the PlayStation 4, but he's having to go back and face his nemesis today. That man, Unilad Gorilla, current champion, was partnered by Shells. Well, who needs to get a playoff place? Let's remember. Last chance. You know, Gorilla's there. You know, they did exceptionally well in Gfinity. Tas even filled in the same kind of draft system. Didn't go to plan there for Unilad. Roman Fnatic did an exceptional job in London over the course of the weeks. They got their playoff places there, Zimmy and Ranners. Yeah, something quite interesting to note on that first half of the day, in the first half of the Group B bracket, the first 5 games, Brandon, all games were played on the PlayStation 4 first. Right now, we're switching it around. It's going to be Xbox games first. Does that add another layer to the meta, you could say? Because on this occasion, you're going to have, in Unilad's case, Gorilla always starting first. Willkommen zurück zur Übertragung, zur deutschen Übertragung hier bei Sport1 im Livestream auf YouTube. Der Club World Cup, die Klub-WM steht an und wir haben die Gruppe A jetzt am Start. Also wir hatten ja gestartet heute mit Gruppe B und jetzt geht es weiter mit Gruppe A. So ein bisschen spiegelverkehrt, aber das soll uns nicht weiter stören, denn wir haben ein sehr interessantes Matchup für euch am Start. Hören jetzt aber vielleicht gerade doch noch mal kurz bei der Teamvorstellung zunächst von Unilad rein. Die sind nämlich im Matchup mit dabei. Years of age, and we're Team Unilad. Obviously everyone's scared of Gorilla, current world champion, best in the world. I feel like we complement each other in terms of the way, you know, the team format comes. There is a target on us, definitely. I think we're one of the teams to beat. Honestly, I feel like, you know, this is our tournament to lose. Having the best player in the world telling me that, you know, you're good enough and stuff like that, it really does give me a boost. I believe in his ability. I'm confident heading into this event. I guess we're there to pick each other up. Hopefully I start off well, get my confidence back up, and shouldn't have to be a problem for Gorilla. You know, maybe one game you lose by a goal, I'll be more than confident in myself to finish the job. If Gorilla noticed something that my opponent might be doing, he could spot that out for me and tell me to fix that, change it, stuff like that. Having that person there to tell you, you know, you might think it, but to get that confirmation from someone else, it could be the difference between a win and a loss. I don't think I could tell him much. I'm just going to let him do his job. Obviously, if he needs me to celebrate, I'll celebrate when he scores. That's fine by me. I think the whole tournament's going to be very interesting. It's going to be top competition. At the end of the day, it's about winning the trophy. So whoever we come up against in the way, then you know, we're going to try our best to beat them. I'm looking forward to see how it unfolds, because I think it's the first major tournament we've had where it's a team. You know, everyone's used to their solo game. You know, you could win a game 4-0. Next thing you know, you could have lost that game as a whole. So it's going to be interesting. Sitting at home watching, I feel like it'll be a good watch. Well, that was a lovely little piece there for these two. I think it is a key factor that we look at the fact that these have played zu Hause aus diese Matchups, und wir haben nämlich jetzt hier die Neuauflage des Halbfinals vom letzten Jahr, nämlich von der Weltmeisterschaft. Cody der Finisher gegen den amtierenden Weltmeister Unilad Gorilla, den wir hier im Bild sehen. Und Cody, der wird auch auf jeden Fall heiß sein auf eine Revanche, ähnlich wie Eisvogel es vielleicht gegen MS Dosari geschafft hat. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie die beiden hier jetzt
das unter sich ausmachen werden bei ihrem erneuten Aufeinandertreffen. Ja, und dann auch im Rückspiel Stranger gegen Shells, auf jeden Fall spannend. Für Shells sicherlich ein bisschen unangenehmer, dass er dann den Druck hat, je nachdem wie Gorilla performt hat, dass er damit umgehen muss. Sei es jetzt eine Führung, dass er weiß, oh Mann, jetzt kann ich es irgendwie verhauen, oder der Druck, dass er das spielen muss. Ich schätze mal, es wäre für Unilet besser gewesen, wenn Gorilla als Weltmeister als Zweiter gespielt hätte. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird jetzt anscheinend mit dem Xbox-Spiel immer, weiß ich nicht, aber zumindest in dem Fall gestartet. Und spätestens ab der K.O.-Phase, das ist unser letzter Stand, wird dann ausgelost, auf welcher Plattform jeweils als erstes gespielt wird. Und dann gibt es ja das Rückspiel auf der entsprechend anderen Plattform. Hier also Start auf der Xbox One und dann das Rückspiel auf der PlayStation 4. Die Ergebnisse werden dann letztendlich aber ohnehin zusammengezählt. In dieser Gruppe sind 8 Teams. Auch hier kommen die ersten 4 weiter. Wir werden euch jetzt die ersten 5 Spieltage dieser Gruppe hier im Livestream über den Nachmittag und den Abend zeigen. Und unter anderem dabei ist auch Schalke 04 eSports. Und ich habe gerade bei uns im YouTube-Chat auch schon den einen oder anderen Fan und Unterstützer von zum Beispiel Tim Latka gesehen, der ja für Schalke spielt, gemeinsam mit Ideals. Jetzt aber erstmal der Fokus auf Cody, den Finisher, der ja sozusagen der Vize-Weltmeister ist auf der Xbox. Also wenn man so möchte, war es das Xbox-Finale und du hast gesagt, Georg, es ist an der Zeit für eine Revanche und es ist immer ein Faktor, auch wenn man sich schon spielerisch ein bisschen kennt. Cody weiß um die Qualitäten von Gorilla. Ich meine, letztendlich weiß jeder um die Qualitäten von Gorilla, aber er hat schon mal gegen ihn gespielt. Er hat eine Idee, wie sich das anfühlt und wie man vielleicht dagegen zu spielen hat. Und mit Stranger jetzt auch natürlich im Rücken einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, amtierender deutscher Meister, amtierender ESL-Meister. Also das stärkt den Cody, denke ich, auch nochmal ein bisschen. Und es wurde auch eben im Einspieler gesagt, dass alle schon daran glauben, dass das so eine gewisse Komponente ist, jetzt hier als Team zu agieren. Sei es mental, aber auch, dass man sich nochmal Hinweise geben kann, nochmal eine Bestätigung bekommt, ob das, was man da gerade denkt, in die richtige Richtung geht. Hier sehen wir Cody 4-2-3-1 im Trikot des FC Basel, die er im eSports und hier vor Ort jetzt repräsentiert. Und auf der anderen Seite werden wir vielleicht gleich nochmal sehen, welche Formation Gorilla spielt, der sich in 18 auch noch nicht so richtig festgelegt hat auf die eine Formation. Sehr schön auch sein Handtuch mit seinem Logo darauf, mit dem Gorilla-Logo. Hat ja schon im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft damit angefangen, so ein Handtuch zu benutzen und inzwischen sind ihm da viele Spieler gefolgt, einfach um den überschüssigen Schweiß abzuwischen, um die Hände griffig zu halten, denn gerade wenn es in der Location mal ein bisschen wärmer vielleicht auch ist, gut, war jetzt dieses Jahr nicht unbedingt immer der Fall, aber sollte das mal eintreten oder eben auch einfach generell durch die Anspannung in den entscheidenden Situationen mal die Hand etwas schwitzig werden, dann kann man dagegen wirken. Ja, und du hast schon recht, es ist schon ziemlich cool, sein eigenes Handtuch zu haben. Also so mit dem eigenen Logo generell, Gorilla, man sieht es auch oben links auf seinem Trikot, er hat ja sein eigenes Logo bekommen, seit er bei Unilet ist. Und ja, ich gestehe auch, ich bin ein großer Fan von Gorilla. Hier natürlich trotzdem die Daumen gedrückt für unsere deutschen Vertreter. In dem Fall ist Cody ja einer der deutschen Vertreter. Aber Gorilla spielt einfach so ein unterhaltsames FIFA. Also ich kann euch nur sagen, wenn er heute nicht seinen schlechtesten Tag erwischt, dann seht ihr zahlreiche geile Skillmoves in der Offensive, schöne Tore und vor allem viel Offensivpower. Cody auf der anderen Seite ist ein Spieler, der vor allem auch über eine starke Defensivarbeit kommt. Also ein Stück weit 2 Extreme, die da aufeinander prallen. Und es wird interessant zu sehen sein, wer dann da die Nase vorne behalten wird. Also es scheint hier noch letzte Einstellungen zu geben oder vielleicht wird einfach nur gewartet, bis vom Schiedsrichter des Events die Spiele angepfiffen werden. Also nicht vom virtuellen Schiedsrichter, sondern es gibt ja wirklich vor Ort auch immer ein paar Admins, die dann im Zweifelsfall auch entscheiden, wenn zum Beispiel Zeitspiel gemacht wird oder ähnliches. Da gibt es Regeln und am Ende ist das wie im echten Fußball auch eine Auslegungssache von Schiedsrichtern, die dann im Zweifelsfall da eine Entscheidung treffen. Und jetzt guckt sich Cody hier mal die Formation von Gorilla an und er scheint in der engen Raute zu starten. Ja, da sehen wir also Neymar und Suarez sind mit dabei, mit von der Partie. Bei Cody sehen wir Hullet auf der ZOM-Position, dann Vieira und Kanté, die Team of the Year-Karte. Was mich gerade wundert, dass er den 96er Ronaldo vorne spielt. Er könnte ja auch die Team of the Season. Achso. Okay, jetzt bin ich gerade kurz durcheinander gekommen, ja. Ich finde, das könnten sie aber auch irgendwie mal anders kennzeichnen, dass man immer zweimal Ronaldo da stehen hat. Ist manchmal ein bisschen irreführend. Ja, aber ja, vorne ist es natürlich die Prime-Karte von R9.
Hier sieht man jetzt auch nochmal die Controller-Einstellung. Wir sehen das Ganze hier aus Sicht von Cody. Also Bälle in der Luft beim Spielerwechsel. Einige stellen das ja auch, dass man da gar keine Hilfen hat, ein. Und damit dürfte es dann jetzt hier reingehen in die erste Partie aus Gruppe A. Also Cody, der Finisher, wird versuchen, seinen ballbesitzlastigen Stil mit Spielkontrolle im 4-2-3-1 durchzusetzen. Gegen die schnelle, konterlastige, enge Raute von Gorilla, der jetzt auch das Headset aufgezogen hat. Diese typische Haltung, nach vorn gebeugt, die Arme abgestützt auf den Oberschenkeln. Sieht man bei beiden sehr fokussiert. Und eine gute erste Balleroberung für Cody. Es ist immer so ein bisschen eine Floskel, dass man gut ins Turnier starten soll. Aber weil man eben bei FIFA, wenn man spielt, auf sich alleine gestellt ist, ist das extrem wichtig, sich das Selbstbewusstsein erstmal zu holen. Und das war hier gerade mal direkt ein mächtiges Tackling von Gorillas Innenverteidiger. Mit ein bisschen Pech wird er vielleicht auch mal gepfiffen, aber im Strafraum ist natürlich noch unwahrscheinlich. Der erste Angriff jetzt hier von Gorilla, der in den gelben Trikots agiert. Verzögert so ein bisschen, hätte dabei in den Raum gehabt, weil Marcelo recht weit vorgeschoben stand, aber hat dann auch eine gute Reichweite, gute Werte beim Ballabfang und damit kann hier umgeschaltet werden. Aber Cody, ein Spieler, der über die Kontrolle kommt. Er zwingt es nicht, auch hier hat er gemerkt, das ist natürlich auch so ein bisschen auf seine Formation zurückzuführen. Da haben Spieler gefehlt, dann spiele ich lieber nochmal ruhig und lasse mein 4-2-3-1 entsprechend nach vorne rücken. Ein paar Dragbacks. Und wenn eins Gorilla nicht mag, das weiß ich schon seit einiger Zeit, als ich früher die ersten Clashes zwischen Dr. Hano und Gorilla immer gesehen habe, dann ist es, wenn sein Gegner ihn nicht an den Ball kommen lässt. Da fängt er immer mal an, ein bisschen zu tilten. Also ich denke, Cody hat sich hier ganz gut auf ihn eingestellt. Das ist mein erster Eindruck. Ja, im Hinspiel damals beim FIFA Interactive World Cup, da ist er richtig unter die Räder geraten. Hier jetzt ein deutlich besserer Start. Von hinten gibt es natürlich sofort auch die Aufmunterung von The Stranger. Weiter so. 1:0 Führung für Cody. Einfach mal den Flachschuss probiert und dann sieht man es häufiger, dass der Torwart nach vorne prallen lässt. Und Gullit, in diesem Fall die 93er Prime-Version des Niederländers, kann dann hier also einschieben zum 1:0 für den Deutschen. Starke Tacklings jetzt hier auch. Cody auf jeden Fall wach. Mit der Grätsche kann man immer mal wieder ganz gut die Reichweite erhöhen. Und dann, wenn man das nicht frühzeitig genug erkennt als ballführender Spieler, ist der Ball schnell weg. Hat Cody gut gemacht. Auch der Seitenwechsel ist stark. One-Touch zurück auf Walker, wieder auf CR7 hier. Den Ball kriegt er jetzt aber nicht. Und damit vielleicht mal der erste Angriff. Aber das nächste starke Tackling von Cody. Der ist hier defensiv richtig am Start, richtig on point. Und er arbeitet sich damit natürlich auch dann ein paar Räume, wenn Gorilla in der Vorwärtsbewegung den Ball verliert. Der jetzt aber erstmal mit dem nächsten Angriff. Die Grätsche geht jetzt mal vorbei und Walker kann marschieren, die Tots-Karte. Oh, oh, auf dem zweiten Pfosten ist Gullit komplett frei. De Gea zur Stelle. Und Suarez mit dem Longshot aus der Distanz. Balleroberung erneut und aus der zweiten Reihe dann hier ein wunderschöner Abschluss. Und der fliegt hinten schön bogenförmig in den Knick rein. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Zunächst De Gea und dann steht er natürlich auch nicht ganz optimal. Und springt hier dann auch nicht hoch genug, um diesen Ball noch zu parieren. Aber das ist auch wieder die ganze Klasse von Gorilla, dass er da schneller kennt, dass er die Möglichkeit hat, den so halb volleymäßig zu nehmen und dann auch das Selbstvertrauen natürlich hat, das entsprechend umzusetzen. Also richtig schöne Partie, muss ich sagen. Auf der einen Seite ein Cody, der sehr wach wirkt, sehr fokussiert, und auf der anderen Seite Gorilla eiskalt wie eh und je. Hat aber noch so ein bisschen seine Probleme, muss ich sagen. Also ich habe hier ein ganz gutes Gefühl, dass Cody einen guten Tag erwischt hat und sich vor allem auf Gorilla gut eingestellt hat. Nächster Angriff von ihm, er lässt sich Zeit, verteilt den Ball so ein bisschen. Ja, man merkt, Gorilla beschränkt sich auch ein bisschen mehr darauf, die Passwege zuzustellen. Kommt nicht so wirklich ins Pressing bisher. Jetzt über die Außen, CR7 läuft einfach mal durch und das gibt erneut nicht den Elfmeter. Wiederum diesmal von Ramos ein sehr rabiates Einsteigen. Cody
wie wir es prognostiziert hatten. Kontrolliert erstmal das Spiel. Jetzt Messi, wunderbare Flanke, aber auch hier kommt der rechtzeitig aus seinem Kasten heraus. Weil die aber auch jeweils zu kurz gekommen sind, die beiden Flanken. Also eigentlich sind das für mich ziemlich safe Tore. Wenn am zweiten Pfosten jemand so frei ist und man, seit man eben in FIFA 18 mit der hohen Flanke arbeiten kann, eigentlich bloß nur noch ganz rüber flanken muss. Aber insbesondere dann, wenn man bei einer Flanke nicht perfekt ausgerichtet ist, kommt sie eher auch mal zu kurz. Aber manchmal wird sie vielleicht auch einfach nicht stark genug dosiert. Jetzt hier mal der erste Roulette von Gorilla. Einer der Skillmoves, die ihn auf jeden Fall charakterisieren. Die setzt er immer mal wieder gerne auch ziemlich ansatzlos an. Aber auch da kommt Cody erstmal noch davon. Man merkt jetzt hier schon so ein bisschen das Pressing. Cody wird von allen Seiten attackiert, aber löst sich immer wieder gut und erarbeitet sich dann natürlich auch die Räume. Unten auf dem Radar sieht man auch, auf der anderen Seite wäre die Möglichkeit mal den Außenverteidiger einzubeziehen. Also diese Minimap da unten. Da kann man sich immer noch mal einen Überblick verschaffen über den Ausschnitt, den man ja so je nach Kameraperspektive entsprechend hat. Also sehr ballbesitzlastig. Das ist schon recht extrem. Da scheint er sich was überlegt zu haben. Jetzt eröffnet sich aber ein Raum mit Messi und aufs kurze Eck geschossen. Ich bin mir nicht sicher. Er hat wahrscheinlich gedacht, aufs lange Eck wird er abgeblockt. Deswegen der Abschluss hier aufs kurze Eck. Aber insgesamt hat man gesehen, mit all der Geduld, irgendwann kommen die Räume. Gefällt mir wirklich gut, was Cody hier bisher spielt. Und ich glaube, das merkt auch Gorilla. Insofern wird er jetzt vielleicht auf ein 4-4-2 umstellen, was er häufiger gespielt hat damals bei der Weltmeisterschaft. In FIFA 17 gegen die ballbesitzlastigen Spieler wie Cody beispielsweise oder Deto. Jawohl, so ist es auch. Auf 4-4-2 wird umgestellt und damit versucht er jetzt also mehr auch auf den Flügeln Druck ausüben zu können. Denn das ist gerade die Zone, wo Cody dadurch, dass er eben die Flügelformation spielt, eine Überzahl hat und auch einfach nicht so unter Bedrängnis gerät im Spielaufbau. Das will der Engländer jetzt ändern. Zunächst aber muss er sich darum kümmern, diese Ecke hier zu entschärfen. Kurz gespielt von Cody. Vieira wartet an der 16er Kante, aber muss jetzt den Ball auch erstmal halten. Ja, das ist typisch für Cody, dass er auch einfach Ecken dazu nutzt, im Ballbesitz zu bleiben und kein Problem damit hat, nochmal komplett neu aufzubauen. Jetzt ist Gorilla mal dazwischen, kann den Ball auch sichern und hat natürlich auch in der Offensive jetzt die Möglichkeit, mal über die Flügel zu gehen. Ja, man kennt das nicht bei den Spielen von Gorilla, dass es so ruhig ist. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein Zeichen dafür, dass Cody Gorilla hier in der ersten Halbzeit bis jetzt ganz gut aus dem Spiel genommen hat. Jetzt aber vielleicht nochmal ein letzter Angriff in der 45. Wir kennen sie alle. Die Minute, in der es oft nochmal kein Ende zu nehmen scheint und dann gefährlich wird. Aber Cody weiß das natürlich und verzögert jetzt auch mit Tejera nochmal, sodass es dann jetzt ziemlich sicher in die Halbzeit geht. So sieht es auch aus. Gorilla nimmt die Kopfhörer ab und spricht sich mit Chelsea erstmal ein bisschen ab. Chelsea ja so der Spieler, der das 4-4-2 wirklich in den Trend gebracht hat, indem man da in der Weekend League mal eine Riesenserie hingelegt hat. Ich glaube 160-0. Und ja, seither ist das 4-4-2 auch in das Repertoire der Formation gekommen, die Pros gerne spielen. Vielleicht sagt ihr ihm jetzt nochmal, pass auf, so und so musst du spielen im 4-4-2. Ja, man hat auf jeden Fall eben kurz sehen können, Gorilla mit 27% Ballbesitz. Boah. Das heißt im Umkehrschluss also Cody mit 73%. Das ist mal eine Hausnummer. Das muss sich auch für Gorilla wirklich anfühlen, als hätte er eigentlich gar nicht am Spiel teilgenommen. Ja, und der hat da keinen Spaß dran, das weiß ich einfach so genau. Der wird innerlich schon so am Rumragen sein. Ja, ich sag mal so, er sieht auch fokussiert aus. Es macht ja auch immer Spaß, hier so ein bisschen Lippen zu lesen oder generell so die Körpersprache zu lesen. Er lacht drüber, mehr oder weniger. Und Cody, der ist absolut im Tunnel. So muss das sein. So, direkt nochmal hier geschaut. Wie spielt der Gorilla? 4-4-2. Die Info holt sich Cody also nochmal kurz ab. Kann man unter dem Reiter Teambewertungen machen.
Ist auch ein Tipp für euch online, wenn ihr es nicht ohnehin schon macht. In der Weekend League oder generell, wenn ihr spielt. Nochmal kurz gucken, welche Formation spielt der Gegner. Ist einfach hier und da eine wichtige Information, um zu wissen, wird er eher über die Außen kommen, wie ist die Spielanlage, wie ist er defensiv so aufgestellt. Erster Angriff hier gehört Gorilla. Und Cody, der geht hier mit Grätschen ohne Ende rein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das kann jetzt Nelber geben. Aber nochmal Glück für Cody, der sich selber vielleicht ein bisschen erschrocken hat und den wir jetzt hier nur ins Ausspielt. Nächste Angriffswelle für Gorilla. Über Neymar. Alba, den man jetzt auch des Öfteren sieht mit seiner Trotzkarte. Doppelpass, gut gespielt. Und da ist Ronaldo frei. Und eigentlich ist das ein safer Treffer von da. Ja, überraschend, dass er den am Tor vorbei buxiert. Aber uns soll es nicht so großartig stören, denn das bedeutet, dass Cody hier weiterhin mit 1:1 die Möglichkeit hat, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Und gegen den Gorilla einmal in Rückstand zu geraten, das ist eine Sache, da kann auch wirklich eine Lawine draus entstehen, die dich dann überrollt. So ist es ihm damals passiert. Und auch die Runde danach im großen Finale Deto. Auch der hat versucht, ruhig zu spielen gegen Gorilla und wurde einfach kaputt gepresst. Also, weil das sieht man jetzt hier kaum, aber Gorilla ist nicht nur für seine brillante Offensive bekannt, sondern auch für ein extremes Pressing. Also viele Profispieler sagen auch, dass man gegen ihn eigentlich gar keine Zeit am Ball hat, da immer 2 Leute dran sind. Und das ist bis jetzt hier zumindest noch nicht so wirklich der Fall. Aber Cody hat auch eine intelligente Ballverteilung, wann er One-Touch spielt, wann er sich wie rausdreht. Ja, also was das Ballbesitzspiel angeht, da ist Cody auf jeden Fall einer der Besten. Aber dann muss man eben aus diesem langsamen Aufbau heraus vorne die Möglichkeiten finden, Tempo zu entwickeln. Und dann One-Touch zu spielen, Tricks einzusetzen, variabel zu sein. Gorilla, der gibt dir vielleicht 10, 15 Bälle her, aber eben immer mit Druck in der Offensive, immer mit Tempo. So wie jetzt auch. Erneut Flachschuss und De Gea zur Stelle. Kann aber dann nicht mehr kontrolliert werden mit Marcelo. Deswegen der Standard. Ja, man hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Cody da Ball hin und her gespielt hinten, Ball ist weg, dann wird es halt super gefährlich. Also in der eigenen Hälfte muss man aufpassen gegen Spieler, die so pressen wie Gorilla. Das ist jetzt hier eine Abseitssituation. Also jetzt so zweite Halbzeit, da geht offensiv nicht mehr genug bei Cody. Also was er in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht hat, dass er trotz der Ballsicherheit auch die Momente gefunden hat, wo er die Räume, die er sich erarbeitet hat, dann auch genutzt hat und nach vorne gegangen ist. Hier ist es jetzt wirklich, ich will nicht sagen ängstliches FIFA, weil das ist schon seine bewusste Taktik, aber nicht gerade offensiv gefährlich, was er da fabriziert. Vielleicht jetzt mal wieder über Messi, aber es geht wieder zurück in die Abwehrreihe. Und der nächste Fehler. Also Gorilla findet jetzt langsam seinen Rhythmus in der Defensive, wann er raufgeht und wann er die Räume deckt. Jetzt ist mal Platz unten. Für Messi vielleicht auch. Spielt er an. Erstmal wieder zurück. Marcelo, Handballspiel. Auf die andere Seite. Glück gehabt, der Ball aus der Drehung war gefährlich und Gorilla ist wieder dran. Der kommt jetzt hier immer besser in die Zweikämpfe und da hat er wirklich Glück. Aus meiner Sicht ein starkes Charge-Up-Tackle gewesen. Gut getimed, richtig schön aufgeladen. Man kann seit FIFA 18 ja mit dem Charge-Up-Tackling wirklich, umso länger man das Tackling drückt, desto stärker kommt es. Und ich finde, das hat Gorilla gut gemacht hier gerade. Also Cody durchaus mit Glück, weil das wäre eine gefährliche Umschaltsituation geworden. Ja, jetzt wird auch ein Pausenmenü angemeldet. Ich denke, Cody wird nicht unbedingt was an seiner Formation ändern, denn da ist er doch sehr auf das 4-2-3-1 ausgelegt, aber zumindest Neymar kommt rein. Und man merkt eben, dass gegen das 4-4-2 deutlich mehr Probleme da sind offensiv. Hat nicht mehr so viel Platz auf dem Flügel. Ist schwerer nach vorne zu kommen und dann eben auch für Gorilla am eigenen 16er die Möglichkeit auf den Außen besser und stabiler zu stehen mit dem zweiten Spieler. Oh, jetzt der Hacke zu Hacke. Wichtiges Tackling von Ramos, um den Abschluss zu verhindern. Schöner angetäuschter Einwurf. War zwar nur eine Kleinigkeit, aber damit hat sich Gorilla hier den Raum erarbeitet. Und es wird einmal mehr gefährlich. Über Vieira, das sind die Spots, in die man Gorilla nicht kommen sollte. Kommen lassen sollte, meine ich natürlich. Aber gut verteidigt von Cody, der aber im Aufbauspiel direkt wieder hier in gefährlichen Situationen ist. Hier überall sind gelbe Spieler dran. Man hat fast das Gefühl, Gorilla hat gerade einen Spieler mehr auf dem Platz.
Auch hier wieder 2 gegen 1 mit Ronaldo. Cody kann nur hinten rumspielen, andere Möglichkeiten hat er nicht. Weil er aber auch nicht so richtig mal forciert nach vorne zu kommen und mal in die Mitte zu kommen vor allem. Weil über die Außen, wenn er sich da rausgeht, ist es schwer, aber vielleicht mal über die Mitte. Jetzt hat es aber geklappt. Nach dem 3. Anlauf hat Ronaldo Platz. Wird aber wieder abgedreht mit der Ballrolle. Und jetzt vielleicht mal in die Mitte rein. Aber Cody macht es wieder sicher. Also man merkt hier auch, dass er genau weiß, dass gleich Stranger noch spielt. Und wenn man sich die Online-Qualifikation anguckt, da hatte Cody nicht die überragendsten Ergebnisse. Und Stranger hat aber wirklich jeden Gegner sowas von weggehauen, dass er ihn da durchgecarried hat. Und das kann so ein bisschen die Strategie von den beiden sein. Dass Cody einfach irgendwie versucht, hier ein halbwegs solides Ergebnis zu bringen. Und unentschieden gegen den amtierenden Weltmeister ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, aber das ist ein richtiger Bock, den legt er quer. Und dann aber Maresch hier gerade so am Abschluss gehindert. Gute Grätsche, muss man sagen. Wieder eine gute Grätsche von Cody. Die macht er wirklich gut und Ronaldo hat jetzt Raum. Vielleicht, es dauert zu lange, bis Vera kommt, weil CR7 hat oben den Weg noch gemacht. Hätte man mit L1 Dreieck mal durchstecken können. Beziehungsweise, wir spielen gerade auf der Xbox LBY. Rückspiel kommt dann gleich auf der Playstation. Shells, ein Spieler, der in der Weekend League schon mal 160-0 in einem Monat gegangen ist. Gegen The Stranger, den amtierenden deutschen Meister. Also das nächste Top-Duell gleich hier direkt im Rückspiel. Und es könnte nicht spannender starten. Basel ja von dir, ein Favorit auf den Turniersieg, Unilight von mir, direkt hier mal im ersten Gruppenspiel. Ja, da wird sich direkt mal zeigen, wer hier der wahre Sport1-Experte ist, Malte. Challenge accepted. Alright, alright. Dann werden wir mal schauen. Auf geht's, Cody. Mach noch ein Tor. Ich kann ja auch nicht gegen die Deutschen sein, wobei ich bin eh der größte Gorilla-Fanboy und ich kann da kein Geheimnis mehr daraus machen. Ich habe das schon viel zu oft gesagt. Come on, Gorilla! Oh, jetzt zeigt sich dein wahres Gesicht. Aber erstmal ist Cody derjenige, der hier im Ballbesitz ist. Und Gorilla kratzt sich inzwischen schon jedes Mal in der Nase, wenn es da in den Angriff geht. Von Cody, weil er sich denkt, ja, der braucht eh noch ein bisschen. Und jetzt also hier der Freistoß. Ich denke, oh Gott, den gibt er so leichtfertig her. Damit also jetzt der letzte Angriff für Gorilla. Maresch springt fast über die Grätsche. Auch die nächste kommt nicht an den Ball. Cody Alter, was macht der da? Und das ist kein Freistoß. Es gibt hier also den nächsten Angriff für Cody. Wahrscheinlich den letzten. Maldini da vorne nach der Grätsche mit aufgerückt. Muss jetzt irgendwie warten, dass einer nachkommt. Und dann ist aber wirklich kein Offensivdruck irgendwie da. Und es geht also am Ende mit 1:1 aus. Und hier haben wir jetzt insofern mal ein wirklich ruhigeres und besonneneres Spiel, als wir das bisher gesehen haben. Also Cody mit einer ganz interessanten Vorstellung hier. Zum einen extrem vorsichtig. Also so vorsichtig habe ich lange kein Spiel mehr zwischen Profis gesehen. Er hat gegen den Weltmeister gespielt, muss man fairerweise dazu sagen. Mal schauen, wie er gegen andere Spieler spielt. Es wirkte auf mich schon sehr klar einstudiert, was er davor hat. Aber dann auch immer wieder die Grätschen. Ein Element, was man zwar zuletzt im eSports häufiger sieht, auch Stranger, sein Teamkollege, der schreckt nicht mehr vor einer Notbremse zurück. Das war früher noch anders. Da hat man, sag ich mal, noch ein Stück weit mehr Sorge vor der roten Karte gehabt. Aber jetzt wird dann oft umgestellt ins 4-2-3-1 oder sowas. Stürmer vorne mit der roten Karte rein. Der fehlt zwar, aber letztendlich kann man trotzdem vernünftig weiterspielen und unterbindet lieber nochmal eine gefährliche Situation. Und so wirkte das auch gerade am Ende bei Cody auf mich. Also der ist ja wirklich in jeden Zweikampf reingejumpt, als, weiß ich nicht, möchte da Leute verletzen. Ja, und dann gab es sogar fast nochmal den letzten Angriff, aber daraus konnte Cody dann nichts mehr machen. Hier hatten wir eben nochmal die Ergebnisse in der Übersicht. Also Method führt gerade mit 3:1 gegen Schalke 04 eSports. Venny aus England ebenfalls mit einem 3:1 Sieg gegen Tim Latka. Er ist im Team mit Riptorek, dem Polen, der schon bei den Globals dabei ist. Der wird als nächstes gegen Ideals antreten, auch von Schalke. Hashtag hat Ryan 2:2 gespielt gegen ECV eSports, gegen Renzo im ersten Spiel. Und hier haben wir jetzt nochmal die Schlussphase aus dem Hinspiel gehabt zwischen Brenner von von Arte Virtual FC gegen Subaru Mike, ein Japaner. Und Mr. Mobile Gamer fragt gerade hier im YouTube-Chat, ob Bochum weiter ist. Und da sieht es gerade nicht ganz so gut aus bei den Kollegen, aber die sind jetzt in ihrer 6. Runde. Die wird allerdings morgen dann erst gespielt. Die müssen auf jeden Fall noch kräftig punkten morgen in ihren letzten beiden Spielen, um weiterzukommen. Es ist auf jeden Fall noch möglich, aber die Ausgangsposition ist nicht so richtig stark. Und Method GG, man hat gerade im Hintergrund gesehen, haben sich Riptorek eingekauft, polnischer Spieler.
zuletzt mit sehr starken Leistungen überzeugt. Also diese ganze Club-Komponente hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass der Wert, dass man einen zweiten Spieler im Team hat oder die Notwendigkeit erhöht wurde und hier und da auch so ein paar Transfers entsprechend zustande kamen. Ja, ihr könnt natürlich auch weiterhin mitdiskutieren über die Spieler, über die Matchups, über FIFA generell oder wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen etc. habt mit dem Hashtag eSportsOnAir auf Twitter beispielsweise. Aber ihr könnt natürlich auch auf jeden Fall im YouTube-Chat youtube.com/sport1 euch beteiligen und dann tun wir unser Bestes, um da möglichst auf alles einzugehen. Und wir haben für euch auch ein sehr nices Gewinnspiel am Start, was ich nochmal kurz vorstellen möchte. Zusammen mit McDonald's, die ja offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 sind, schickt Sport1 2 glückliche Gewinner zum großen Finale der Weltmeisterschaft nach Moskau. Und da kriegt ihr dann nicht nur die Tickets für das Finale, sondern natürlich auch noch die Reise und alles drum und dran bezahlt. Also ein richtig schöner Trip zur WM. Und alle Infos dazu kriegt ihr auf sport1.de/esports. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ansonsten könnt ihr auch auf der Facebook-Seite vorbeigucken, Sport1 eSports. Auch da gibt es nochmal Infos zu diesem Gewinnspiel. Und wenn man dann glücklich ist und so, ja, schon ordentlich lackt, um das mal in der FIFA-Sprache zu sagen, kann es nach Moskau gehen. Also es ist sicherlich ein Versuch wert, sich da mal anzumelden. So, hier haben wir nochmal die Ergebnisse gerade im Überblick. Also eben gesehen, Basel gegen Unilet, Cody der Finisher gegen Gorilla ganz unten, 1:1 ausgegangen. Und dann eben Brenner gegen Mickey von Boo eSports 2:2, Ryan gegen Renzo 2:2 und Vanny aus England mit dem 3:1 Sieg gegen Tim Latka. Method also mit einer guten Ausgangsposition hier in ihrem ersten Matchup. Ja, schade, dass Tim sein erstes Spiel gleich verloren hat, aber bei 7 Gruppenspielen ist Zeit genug, da noch in Form zu kommen. Tim Latka hat ja sehr gute Erinnerungen an die Club-Weltmeisterschaft. Letztes Jahr dort ins Halbfinale gekommen. Und hier, weiß nicht, ob es jetzt Highlights sind oder ob wir rübergehen in ein Spiel von #United, aber es sieht mir eher nach Highlights aus, gegen die nachgerückten Spieler von ECV eSports, so rum heißen sie. Sagt mir ehrlich gesagt so nicht viel, aber haben entsprechend in der Qualifikation sehr gut performt und sind nachgerückt, weil Nicholas ja krank geworden ist und dementsprechend musste Transfermarkt hier die Teilnahme absagen. Ja, und 2:0 war der gute Spieler von ECV eSports schon vorne gegen Ryan und dann am Ende noch den 2:2 Ausgleichstreffer kassiert. Also starkes Comeback vom Engländer. Und ihr könnt ja mal in den YouTube-Chat reinschreiben, ob ihr glaubt, dass Stranger das gleich macht oder ob ihr glaubt, dass Shells von Unilet sich durchsetzt. Also einfach mal Stranger oder Shells in den Chat schreiben. Würde mich mal interessieren, was euer Gefühl ist, wer sich da durchsetzt im ersten Spiel hier zwischen Basel und Unilet. Stranger hat da auf jeden Fall jetzt gleich so ein bisschen Druck auf seinen Schultern, aber ich denke, beide wissen, selbst wenn das Spiel jetzt nicht gut verläuft oder man verliert, unentschieden wie auch immer, dass genug Qualität im Team ist, um dann über die restlichen 6 Spiele noch zu punkten. Und wie gesagt, die ersten 4 der Achtergruppen kommen auch weiter. Also das ist auf jeden Fall möglich, denke ich, für beide Teams. Ja, durchaus auch einige interessante Gesichter, die wir hier sehen werden. Was ich auch sehr schön finde, was ich sagen muss, man sieht wirklich von allen Spielern eigentlich Gameplay, von allen Teams mehr oder weniger, weil es eben diese Achtergruppen bloß sind und du nicht so eine große Anzahl an Spielern hast, wie bei den anderen Turnieren, 128 Stück, dass du viele gar nicht zeigen kannst und dann häufig der Fokus bei den Engländern von Unilet oder von Hashtag häufig liegt. So, wir haben jetzt schon einiges von den deutschen Spielern gesehen, wir haben auch mal wirklich Leute gesehen, wie FIFA tun oder beispielsweise eben auch schon Highlights von den japanischen Spielern, die wir dann vielleicht auch nochmal in einem Matchup sehen werden, die man sonst eben nicht so auf dem Schirm hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wir gehen jetzt aber erstmal rein in ein richtiges Kracher-Rückspiel, nämlich von The Stranger, dem offiziellen deutschen Meister, Sieger der virtuellen Bundesliga. Auch die ESL-Meisterschaft hat er in der Winter Season geholt. Und jetzt also
Er im Duell gegen den Engländer Charles, der Zweitplatzierte vom Foot Champions Grand Final, vergangenes Jahr in Berlin, in der letzten Minute noch verloren gegen Rocky, aber trotzdem ein unglaublich gutes FIFA 17 Jahr gespielt. Und jetzt im FIFA 18 hat er noch so ein bisschen seine Probleme zum Teil. Und mal schauen, wie er sich jetzt gegen unseren Stranger schlägt. Stranger im 4-2-3-1, das ist ja seine Formation. Keiner spielt besser in dieser Formation. Ich glaube, das kann man wirklich fast sagen. Zumindest in Deutschland ist das keine Frage. Damit hat er immer wieder überzeugt. Und auf der anderen Seite Scherz, ich habe es eben schon mal gesagt, ist für das 4-4-2 bekannt. Und das ist auch seine Formation, mit der er hier startet. Also beide in ihren favorisierten Formationen. Da wird erstmal nicht gespiegelt oder ähnliches, sondern ganz alleine nur auf die eigenen Fähigkeiten vertraut. Oft wird ja noch so ein bisschen in Abhängigkeit zu der Formation des Gegners umgestellt. Das machen die beiden hier nicht. Und Stranger gehören die ersten Angriffe. Über R9 kriegt den Ball mit der Hacke zurückgespielt. Legt jetzt sogar noch mal einen weiter auf CR7. Dragback! Wow, was für eine enge Situation im Strafraum. Nach dem Dragback noch den Abschluss probieren können. Wurde abgefälscht, dann kam Jera noch mal ran. Aber so richtig hat sich daraus keine Chance ergeben für einen Nachschuss. Und deswegen also hier nicht der frühe Führungstreffer. Ja, und im Chat seid ihr euch weitestgehend einig, dass Stranger hier der Favorit ist und eurer Meinung nach sich durchsetzen wird. Sind wir mal gespannt. Also auf jeden Fall cool zu sehen, dass die deutsche Community hier auch hinterm deutschen Meister steht, der aber natürlich auch einfach mit extrem guten Leistungen zuletzt überzeugt hat und ein starkes Selbstvertrauen hat. Die Ballrolle ist auch richtig stark gemacht, aber Schelz bleibt ruhig in der Defensive. Beziehungsweise hat dann einfach auch das Glück, dass sein Spieler, der glaube ich CPU gesteuert in dem Moment war, sich gut positioniert. Aber jetzt hier schon mal 2, 3 ganz gute Angriffe von Stranger. Schön durchgelassen, den Ball mit Rolit, jetzt ins Zentrum reingespielt, aber weil es Vorteil gab, wird dieser Ballverlust hier mit einem Pfiff am Ende unterbrochen. Und es gibt den Freistoß für Scherz in einer aussichtsreichen Position. Keine Karte am Ende für Vieira, das ist ganz gut, dass er weiterhin da voll einsteigen kann im Mittelfeld. Ja, Scherz legt den Ball einfach direkt ab, ohne irgendeine Antäuschung. Auch mal eine interessante Variante, aber so richtig überrascht der Stranger damit nicht. Jetzt wird es aber gefährlich, zu weit vorgelegt. Und dann landet der Ball in den Armen des Torhüters. Ronaldo mit sehr viel Raum außen, hat er gut gesehen, auch gut getimed angespielt. Und jetzt geht er mit CR7 hier mit bestem Tempo in die Mitte. Super Timing bei dem Pass auf Messi und den nimmt er dann hier direkt One-Touch, weil er sieht, dass ein bisschen Raum da ist. Und da lässt sich die Totti-Messi-Karte natürlich auch nicht zweimal bitten. Und Stranger schiebt hier ein, schön auch wie er aufs kurze Eck sozusagen gegangen ist. Und ich glaube vielleicht auch noch die R1-Taste dazu gedrückter, also als angeschnittener Schuss. Ist immer bei flachen Schüssen nicht ganz so einfach zu sagen. Aber so oder so, richtige Entscheidung hier und damit das 1:0 für Stranger. Schelz noch nicht so richtig in Form in FIFA 18. Im Foot Champions hat er überragende Resultate erzielt. Eine unheimlich lange Siegesserie hingelegt von über 200 Spielen. Unter anderem war da der Qualifikationsmonat dabei mit 160:0 Siegen. Aber bei den ganz großen Turnieren gegen die anderen Profis, da fehlen ihm irgendwie die letzten Prozente dieses Jahr. Ja, also meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass das 4-4-2 eine Formation ist, um seinen Gegner zu outplayen, um wirklich so ein bisschen wie Cody das gerade gemacht hat, einfach den Ball zu halten. Und irgendwann machen halt die Spieler in der Weekend League, weil sie zu ungeduldig sind oder weil ihnen so ein bisschen die letzten Qualitäten fehlen, machen sie Fehler. Aber Pros machen das nicht so häufig und im 4-4-2 ist zumindest mein Eindruck, wenn ich die Formation spiele, ist es schwer, wirklich konstant richtig gefährlich vorne zu sein. Und ich glaube, so die letzte Offensivpower, die müsste er sich vielleicht aus einer anderen Formation auch mal holen. Einfach, um auch variabel zu bleiben. Weil man kann sich eben auf den Spielstil einstellen. Pässe, 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 das macht Schelz immer gut. Aber ein Stranger ist halt so erfahren, der weiß, wie er das zu verteidigen hat. Und ich denke, sowas wie eine enge Raute oder einfach mal eine andere Formation offensiv würde Schelz da auch mal frischen Wind reinbringen. Und das wundert mich so ein bisschen, dass er dazu noch nicht greift. Vielleicht werden wir da was im Laufe des Turniers sehen. Hier im Bild war auf jeden Fall eben Son auf dem linken Flügel. Da sehen wir ihn. Jetzt hier beim Tackling-Versuch. Den spielt er also von Anfang an. Sehr interessant. Und Azpilicueta
in der Innenverteidigung. Also einige, die auf das Duo Azpilicueta und Ramos schwören. Zwei sehr schnelle und agile Innenverteidiger, wobei Ramos eben nochmal eine deutlich bessere körperliche Präsenz hat, was auch mein Manko wäre bei seinem spanischen Kollegen. Markus Trains, die Info an dich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nicholas musste leider aus Krankheitsgründen absagen kurzfristig, also der ist nicht dabei. Wäre natürlich ein Favorit gewesen, da gebe ich dir recht, aber Transfermarkt musste deswegen absagen. Und so kann sich sein Teamkollege, der deutsche Spieler Mario, gar nicht erst beweisen. Bisschen schade für ihn, aber glücklicherweise hat er sein Ticket für die Global Series Playoffs schon gesichert und wird dann übernächste Woche in Amsterdam dabei sein. Gefährliche Situation im Strafraum für Stranger, der hier auf jeden Fall deutlich besser drin ist offensiv. Jetzt mal eine Situation über die Außen. Schöne Trickkombination und dann kommt der Pass etwas zu sehr in den Rücken. Schusstäuschung into Elastico. Sowas hat man auch noch gar nicht gesehen fast bisher. Also flinke Finger auf jeden Fall am rechten Stick hier. Der Elastico ist aus meiner Sicht auch ein Skill-Move, der so ein bisschen unterschätzt wird. Ich habe ihn zuletzt, jetzt wenn ich gespielt habe, auch mal wieder mehr getestet, auch gegen Pros. Und die verteidigen den oft gar nicht so richtig. Ich habe zum Beispiel gegen mein großes FIFA-Vorbild Tomaten Marius gespielt. Und während Stranger aber erstmal das 2-0 macht. Das müssen wir natürlich kurz mitnehmen hier. Ja, auch wenn simpler er Doppelpass eigentlich. Wegdrückt. Aber genau, hat sich da simpel durchgespielt, aber so kennt man es von ihm. Er spielt das clean zu Ende. Und ja, mir ist aufgefallen, die Pros haben halt so eine gewisse Art, wie sie verteidigen und auch Skill-Moves, von denen sie ausgehen, die sie so ein bisschen antizipieren. Und der Elastico wird kaum eingesetzt und deswegen auch kaum verteidigt. Aber ich finde, der ist eigentlich ähnlich wie ein Roulette. So ein Move, mit dem du sehr schnell eine kleine Finte machst und dann abschließen kannst. Ja. Wenn du damit durchkommst. Also der ist einfach das Risiko mal wert. Ja, und durch dieses kurze Zucken in die eine Richtung kannst du halt schnell mal den Gegner verleiten, diesen einen Schritt in die falsche Richtung zu machen. Ja. Und weil du direkt danach, nach einer Viertelsekunde mehr oder weniger, schon wieder in die andere Richtung unterwegs bist, kann das tödlich sein. Ja, Tomaten Marius generell kann ich sagen, auf den könnt ihr euch bei den Globals freuen, weil der spielt so heftig variabel in der Offensive. Der hat alle Skill-Moves drauf und setzt sie trotzdem dosiert ein, aber gefühlt jeden Angriff ein anderer Trick. Man weiß nicht, was man verteidigen soll. Ich habe diese Woche ein Best of 3 gegen ihn gemacht und es war so unangenehm verteidigend da zu sein, weil man immer wusste, shit, jetzt kommt wieder irgendwas Gefährliches. Deswegen wundert es mich auch ein bisschen, dass einige Pros so wenig Skill-Moves nur noch machen. Das war auch mal eine Zeit lang anders. Aber so verändert sich die Meta des Spiels eben auch immer ein Stück weit. Ja, es gibt auch einige, die wirklich mehr aufs Passspiel und aufs normale Dribbling gehen wollen. In Kurt beispielsweise, Shells Unilet, der ist da ganz anders unterwegs zum Teil. Gorilla konnte es, glaube ich, kaum glauben gerade, weil Shells eigentlich schon durch war. Er hat es so gut gemacht und dann macht er nochmal eine Schusstäuschung nach hinten, wo er eigentlich auf den Abschluss gehen muss, aus meiner Sicht. Ja. Und man sieht es auch, er erarbeitet sich einfach zu wenig klare Chancen. Ja, also da ist ein bisschen der Wurm drin bei ihm dieses Jahr auf den Turnieren. Findet nicht so wirklich seinen Rhythmus, wo er letztes Jahr als absoluter Newcomer frei aufgespielt hat und immer wieder im Flow war, merkt man ihm jetzt so ein bisschen die Unsicherheit tatsächlich an. Auch im Interview vorhin hat er nicht den allersichersten Eindruck gemacht. Ja, er ist auch eher, sag ich mal, so ein introvertierterer, ruhigerer Typ. Aber klar, das Selbstbewusstsein leidet natürlich ein bisschen, wenn die Erfolge nicht kommen. Ist auch bei Ideal so ein bisschen, vielleicht hier mal als kleine Überleitung, den wir jetzt gerade sehen. Ja. Der wirklich eine gute Saison online spielt, aber jetzt gerät er hier so richtig unter die Räder und auch generell bei den Offline-Events hat es dann noch nie so zum großen Wurf gereicht. Also man muss wirklich sagen, sich für ein großes Major-Turnier in FIFA 18 zu qualifizieren, ist heftig schwer. Die besten 64 Spieler der Welt schaffen das. Und bei Foot Champions versuchen es einige 100.000. Also das ist eine echt gute Leistung, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber auf höchstem Niveau fällt es Shells aktuell und vor allem auch Ideals, den wir da gerade hatten, sehr schwer. Und ich weiß immer nicht bei den Spielern, wo da genau der Unterschied liegt. Aber was auf jeden Fall alle Pros immer wieder betonen, es ist ein anderes FIFA, was unter Profis gespielt wird, als das, was man in der Weekend League kennt. Ja, und es sind wirklich dann am Ende die Feinheiten. Nehmen wir jetzt mal einen Stranger beispielsweise. Wenn du gegen ihn spielst, ich habe schon einige Trainingsspiele in FIFA 18 gemacht,
du hast am Ball überhaupt keine Zeit. Er ist immer dran, er hat ein unheimlich gutes Gespür dafür, wie du dich rausdrehst. Selbst wenn er mal falsch antizipiert hat, ist er sofort mit dem nächsten Spieler zur Stelle und er setzt dich wirklich immer unter Druck. Du kannst gegen ihn nie dein Spiel so aufziehen, wie du willst. Und einen Ideals beispielsweise und andere Spieler, die haben in der Defensive nicht so ein ganz hohes Pressing und so eine, nicht so eine Entwicklung von Druck. Das ist natürlich auch nicht unbedingt notwendig. Ein Deto beispielsweise ist auch nicht der absolute Pressing-Spieler und ist auf Weltklasse-Niveau unterwegs. Es gibt da verschiedene Ansätze, aber diese Feinheiten, diese letzten Prozente, sowohl defensiv als auch natürlich vorne im Angriff, die machen dann am Ende auch hier auf Top-Niveau den Unterschied. Oh, Manchester City hätte ich auch richtig gern hier gesehen. Hätte ja auch eine Überlegung sein können, dass man sagt, Marcuso ist der Club-Weltmeister, ist zwar gewechselt, aber es wird jetzt auch im Team gespielt, dann darf er mit seinem neuen Team spielen. Wobei ich die Entscheidung schon auf jeden Fall vertretbar finde, dass Brøndby dann hier eine Einladung bekommen hat. Auch wenn Marcuso in der Zwischenzeit eben zu Manchester City gewechselt ist. Mal schauen, für welche Variante sich Stranger hier entscheidet. Auch er lässt zwei Spieler rüberlaufen und spielt dann kurz. Und das macht er richtig gut. Bisschen Pech jetzt hier, dass er neuen den Abschluss nicht mehr hinbekommt. Aber auch von Schelzer nochmal gut verteidigt. Und Schelz, der jetzt ja mittlerweile in der Dreierkette ist, muss schauen, dass er irgendwie hier mal zu einer gefährlichen Torchance kommt. Tut sich aber wirklich schwer, überhaupt mal über die Mittellinie gefährlich zu kommen. Jetzt mal eine Möglichkeit, gut kombiniert, der Grätscher ausgewichen und das meine ich eben. Dann ist immer wieder Stranger sofort am Start, überhaupt keine Probleme, den richtigen Spieler auszuwählen. Nimmt sich dort Walker, weiß genau, nach der Ballannahme liegt der Ball frei. Schelz wird versuchen, den Schlenzer in die lange Ecke anzusetzen. Ich bin mit einem Tackling vorher da und spiele den Ball hier souverän raus. Also das sind wirklich ganz starke Momente immer wieder, die dann auch so simpel aussehen, aber so ist es halt nicht. Im Chat vorhin beispielsweise auch einer geschrieben, die machen ja mehr Fehler als ich zu Hause, wenn ich FIFA spiele. FIFA ist auf jeden Fall ein Spiel, was simpler aussieht auf hohem Niveau, als das am Ende ist, was die Jungs machen. Und das merkt man vor allem, wenn man dann mal gegen so jemanden spielt. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, wie man das Pressing auf einmal fühlt, wie man in der Offensive desjenigen oder wie man vor allem gegen die Offensive kaum klarkommt. Und deswegen die Jungs nicht umsonst in Foot Champions eine 40-0, eine 39-1 nach der anderen. Und ich denke, da weiß ja jeder, der mal selber die 40 Spiele am Wochenende durchgezogen hat, wie schwierig es ist, solche Resultate immer wieder konstant zu erzielen. Jetzt Stranger nochmal mit Messi über die Außen. Verzögert, weiß natürlich, er hat hier 2 Tore Vorsprung, um 3 Punkte mitzunehmen aus der ersten Partie. Ein 3:0 würde hier nahezu schon alles klar machen. Das ist überragend gespielt, die Kombination hier vom Deutschen. Bisschen unglücklich für Schelz sicherlich auch, dass hier die letzten 1-2 Bälle durch die Beine gingen, so auch der Abschluss. Aber am Ende des Tages ist das dennoch ein Niveauunterschied hier, den man doch spürt. Ja, bei Stranger finde ich vor allem immer wieder so faszinierend, dass defensiv einfach nichts wirklich anbrennt. Ja. Also wie oft er kein oder meinetwegen nur ein Gegentor bekommt, das ist Wahnsinn. Weil auf dem Niveau ist das echt schwer, hinten gut zu stehen. Wenn Stranger spielt, hast du das Gefühl, es gibt in FIFA auch irgendwie kein Pech so. Ja, und auch die Tore ist immer clean. Ja. Klar, jetzt ging er mal durch die Beine so, aber es ist trotzdem nicht so komplett reingewurschtelt irgendwie, sondern es sieht noch nach dem Konzept aus dahinter. Ja, also wenn Stranger spielt, hast du wirklich das Gefühl, FIFA 18, da gibt es sowas wie Glück und Pech gar nicht mal so unbedingt. Auch hier wieder eine starke Balleroberung. Der Druckpass landet dann allerdings bei Azpilicueta. Auch interessant zu sehen, dass Gorilla und auch Schelz Maresch einwechseln. Natürlich auch von ihm die Team of the Season Karte.
da jetzt am Ball gewesen wieder. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie der Meinung, wenn du von allen Spielern wählen kannst, dann gibt es da doch am Ende bessere Optionen. Ja, von Maresch habe ich schon vieles Gutes jetzt gelesen bei Twitter auch, dass sie sagen, macht zum einen sehr viel Spaß mit ihm zu spielen, aber er ist halt vor allem sehr flink, sehr dribbelstark, hat glaube ich auch also auch einen guten schwachen Fuß, ist also ein bisschen der spielbarere Salah, wenn man so möchte, vom Spielertyp her. Und gerade als Sub sind solche Flitzer manchmal echt gut zu spielen, weil man damit auch anders spielen kann. Man kann mehr über Dribblings gehen und solche Sachen, die man vielleicht mit einem Ronaldo oder R9 eher nicht so forcieren würde. Charles probiert es nochmal. Schöne Ballrolle. Maldini muss da schauen, dass er hinterherkommt, aber dann kocht er den Neymar sowas von ab. Auch hier wieder, das ist so cool, wie Stranger das runterspielt. Täuscht links an, täuscht rechts an, sieht, dass er in Bedrängnis ist, bleibt einfach ruhig. Sobald er da einen Pass spielen würde, ist der Ball weg, weil Charles eigentlich gut doppelt. Und das ist dieser Druck, den man oft auch nur in kleinen Momenten sieht. Aber hier hat man es mal schön erkannt. Er war gedoppelt und er bleibt aber so ballsicher, dass er diese Situation dann einfach zu unterbinden weiß. Und woanders öffnen sich in der Zwischenzeit Räume. Und zack, geht es dann wieder schnell. Auch hier sieht er perfekt, dass der Raum da ist. Gut nochmal den Schuss unterbunden, aber das ist schon wieder eine echt starke Vorstellung von Stranger. Ich bin sehr gespannt, sowohl für dieses Wochenende, ob Basel sich vielleicht wirklich den Titel hier holt, aber auch generell bei Stranger nächste Woche dann bei den Global Series Playoffs, was er da abliefern kann. Der Cody, der wird auch da hinten sitzen und sich sagen, ja gut. Ja, entspannt zurücklehnen. Ja, Stranger macht das schon, wenn ich im Hinspiel ein ganz gutes Ergebnis vorlege. Es ist vor allem mental auch so heftig wichtig, dass du reingehen kannst und weißt, gut, notfalls habe ich da jemanden, der macht das schon irgendwie. Weil bei Gorilla ist es eher umgekehrt. Der weiß, dass das Ergebnis ein bisschen mehr noch von ihm abhängen wird wahrscheinlich. Ja, hat da auf jeden Fall Druck dann am Anfang. Lol, das war gerade ein One-Touch-Rainbow. Auch nice. Ja, damit schließen wir also dieses erste Kapitel der Gruppenphase, zumindest für Basel, mit einem erfreulichen Abschluss, nämlich 3 Punkten, die sie hier eingefahren haben, direkt mal. Und Charles, der kann nicht zufrieden sein, man sieht es, er atmet einmal durch. Es wird schwierig sein für ihn hier, die Mentalität oben zu halten. Du kommst in ein Turnier rein, du weißt, es läuft noch nicht so gut, erstes Spiel. Du wirst eigentlich sehr kontrolliert 3:0 geschlagen. Natürlich von einem der Besten der Welt gerade. Aber nichtsdestotrotz. Er muss sich aufrappeln. Danke an Nico für den Hinweis, dass Maresch 3,5 hat. Also er hat 3 Sterne auf seinem schwachen Fuß und 5 Skillsterne. Wobei ich jetzt hier gerade parallel nochmal Fatwas geöffnet habe. Und hier wird mir angezeigt, dass er 4 Sterne hat und sogar 5 Skillsterne. Also ich denke mal, dass diese Info hier nicht falsch ist. Also das ist hier ein kurzer Nachtrag dazu. Ich habe deinen Kommentar eben gelesen, habe dann parallel mal schnell hier nachgeschaut. Und auch generell will ich mal ganz kurz auf die Karte eingehen, weil man muss schon sagen, Agilität 99, Balance 93, Ballkontrolle 97, Dribbling 97, Reactions sind nur 82. Aber das sind halt Werte, da ist es so ein geiles Dribbling insgesamt. Also zusammengefasst ist das 96 Dribbling. Und auch sein Pace ist natürlich sehr gut, 93 Antritt, 87 Sprintgeschwindigkeit. Und Abschluss sowieso, das passt alles. Wenn man dem dann noch einen entsprechenden Chemistry-Style gibt, ist das schon eine sehr, sehr nice Karte. Und wie gesagt, 4 Sterne schwacher Fuß und 5 Sterne Skills anscheinend. Ich denke halt mit Messi, Suarez, Team of the Season etc. ist man da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, es geht ja um Subs, die du reinbringst. Also. Ja, aber du hast ja eine Gesamtauswahl, wenn du mit Totti CR7 und Ronaldo Icon unterwegs bist, dann noch ein Messi dazu, Suarez dazu, Neymar dazu. Das sind ja schon 5, 6 Offensivspieler, aus denen du da wählen kannst. Aber das sei natürlich am Ende hier den Profis überlassen. Da trifft auch jeder so ein bisschen seine persönlichen Entscheidungen. Wir sind mal rübergesprungen zu einem anderen Matchup. Und zwar zwischen dem #United-Spieler Boras Legend und auf der anderen Seite haben wir den guten Stefano, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ja, von ECV. Ich glaube, Stefano Pina heißt der gute Herr. Ja. Und es scheint hier vielleicht ein Unentschieden zu werden im ersten Spiel von #United und dem Nachrückerteam ECV eSports aus Holland.
Ja, Boras Legend, auch ein ganz bekannter Name in der FIFA-Szene, nicht nur inzwischen wegen seines Siegs bei der Virgin Gaming Challenge, wo er damals 120.000 $ abgegriffen hat als Sieger, oder etwas über 100.000, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich der Gesamtbetrag damals war oder nur für den Sieger. Und inzwischen auch einer der bekanntesten Tutorial-YouTuber im FIFA-Kosmos. Ja, vermittelt sein Wissen also weiter, hilft neuen Spielern. Hat sich da echt gut was aufgebaut und hatte zuletzt, glaube ich, ein bisschen, zumindest zu Beginn der Saison, Probleme damit, aber die Balance zu finden zwischen eben Content Creating, aber jetzt macht er das 5-4 hier noch und zeigt, dass er als Spieler wieder da ist. Dann nehme ich sozusagen das vorweg, worauf ich hinaus wollte. Er hatte ein bisschen seine Problemchen, in den hat Ramos selber reingeköpft. Oh Mann. Oh, schöner Kopfball von Ramos. Ja, der sitzt aber. Ja. Halleluja, was ein kurioser Treffer. Aber wenn du deinem Ramos ein Silbertrikot gibst, was erwartest du dann? Ja, ne? wird er zum Silberspieler. Also, das ist halt wirklich Selbstschuld, kann man nur sagen. Ja, zuletzt hat er sich wieder mehr aufs Training konzentriert, um den Punkt jetzt mal schnell zum Ende zu bringen. Und ist spielerisch wirklich wieder besser geworden. Hat sich jetzt auch vor kurzem in Schweden bei einem großen Turnier sein Ticket für die Global Series Playoffs gesichert. Und auch generell für Hashtag gute Leistungen wieder erbracht. War ja dann zumindest beim letzten Foot Champions Major dabei. Das erste hat er noch verpasst. Und ja, das ist halt immer schwer für Spieler, auch wie Mkers zum Beispiel, die einerseits YouTuber und Streamer sind und andererseits Profispieler. Man muss wirklich auch mal für sich trainieren und man kann das nicht alles immer machen, indem man für die, sag ich mal, für seine Community den Content perfekt aufbereitet. Und da scheint Boris jetzt eine bessere Balance gefunden zu haben. Also Spiel nochmal gedreht, aber die letzte Chance für Stefano Pina mit der neuen und Maldini dazwischen. Rettet den Sieg hier über die Zeit und Hashtag setzt sich also durch mit 5:4 im ersten Gruppenspiel. Da sehen wir den guten Boras im Bild. Richtig schicke neue Trikots hier auch von Hashtag United. Normalerweise haben sie ja eher so die blaue Farbe in ihrem Trikot und hier jetzt in Gelb, vielleicht sowas wie ein Auswärtstrikot. Sieht sehr nice aus. Ja, und hier also die Zusammenfassung der Ergebnisse. Method setzt sich durch mit 9:1 gegen Schalke. Demontage unserer deutschen Jungs. Und damit also auch natürlich Platz 1 mit einer Tordifferenz von +8. Dahinter Basel mit ihrem Sieg. BU eSports ebenso 3 Punkte. Hashtag Academy. Ja, so heißen die. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie 2 Teams in die Quali geschickt haben oder ob sie sich so nennen mussten. Auf jeden Fall ist es offiziell das Academy-Team, aber so viel muss man fairerweise dazu sagen, es sind beide Spieler aus dem A-Team. Also wirklich absolute Topstars. Auch Hashtag Ryan, ein Spieler, der schon für die Global Series Playoffs qualifiziert ist. Also Academy ist das Ganze und gar nicht. Das wundert mich auch so ein bisschen mit dem Namen. Ja, auf jeden Fall auch sie mit 3 Punkten. Und natürlich die untere Hälfte der Tabelle, dann alle entsprechend mit 0 Punkten unterwegs, zumindest nach Spieltag 1, aber wir haben noch viel vor uns. Achtergruppen, da hat man Zeit, auch mal so ein bisschen reinzukommen. Ja, und jetzt kriegen wir nochmal einen Eindruck vermittelt, wie es außerhalb von so einer Event-Location in Paris aussieht. Ja, auch durchaus nicht schlecht. Schönes Wetter, der Park ist voll. So muss das sein. Also Paris ja generell, Georg und ich waren beide mit Benny damals, aka FIFA-Tastix, in Paris, als er das erste Regional-Event dort gespielt hat und haben uns die Stadt auch ein bisschen angeguckt. War schon sehr schick und ist mittlerweile wirklich so eine Art FIFA-Hauptstadt geworden. Ja, und wir machen jetzt auch nochmal ein kleines Päuschen, so ungefähr 5 Minuten, denke ich. Und dann sind wir wieder zurück hier für euch mit dem zweiten Gruppenspiel in Gruppe A. Also bleibt dran, bis gleich. Okay. Hello, I'm Boris and this is Ryan and we are Hashtag Academy. Well, like you can see, he likes to go to the gym, this guy. He's very strong, so hopefully he can also carry us in this tournament.
And this is my teammate Boras, who has been on the FIFA scene for many years. Someone I look up to along with my other teammates because they have more experience than I do. And hopefully that experience can help us go further in the tournament. Well, I think the team aspects, it adds something huge. And I think for fans watching, it adds so much more, having more players to cheer for. Like, we're not cheering for this player, we're cheering for this team. I say going into the Manchester event, I played a different style, but after that I started to change up the way I play, so I'm more direct now, more free-flowing, and I score more goals. And whereas if you see Boris's gameplay, he can also do the same, but he's more structured in defence, and I guess more reliable while defending, so I guess it kind of helps because we have opposing styles. If he's already taken the lead, I don't really have a need or a necessity to carry on attacking, I can just keep the ball. I guess the main way of supporting each other could be just through coaching while the other person's playing, and just seeing what, maybe if they're doing something wrong, we could advise each other on what to do, what to change up if something's not going our way. In this tournament we have a lot of strong teams, but if we're going to speak about some special teams, I think Team Envy looks very strong. We have Icevogel, who's in great form. And also, of course, you can never count off Unilad, having the current world champion, and also Shells. I think looking at how we played in the qualifier, it seems like our chemistry is very good, actually. Yep, definitely. And yes, they say that we are the future. So you have it, the hashtag boys, and we have to speak to hashtag Academy. Can I call you the leader? The leader of hashtag Academy? Not really sure. What do we call you, Spencer? Just call me Spencer, it's fine. Fine, Spencer. But they're your boys, aren't they? And they're two new team members for you, and boys that are actually quite experienced in terms of the variations of the different Club World Cup and World Cup. Yeah, Ivan's been with us a couple of years, but a couple of years before that, he was obviously semi-finalist in the FIFA Interactive World Cup, as it was then known. And he's done a lot of things over the last sort of 5 years, really, in the scene. As he was known last year, Stacks, as he was known, if you remember from the World Cup last year, became hashtag Ryan when he signed for us this year, doing really well, both lads. That was a crazy game because they were losing every step of the way. Well, yeah, there was a last-minute change of formation and then he equalised, and then a last-minute goal as well that finally put you ahead. Yeah, I think it was 2-0. We were behind, then we were 3-2 behind, then we were 4-3 behind, but to nick it, it was fair play to ECV guys as well, really tight match. We can see the highlights now. Just talk us through this one, because you were sat next to me the whole time, and every kick of the game you were reacting to. You were quite tense. Yeah, the ECV guys really did well, and let's remember they've sort of been late replacements as well, so well done to them for being available and finished second in their qualifying group, and clearly worthy of their place here. It actually wasn't 2-0 to be fair, it was 1-0, then it was 2-1. So Ryan equalised it, this is in the first leg, making it 1-0. Oh, this is the second leg, sorry, here. So it's 1-0 here, 3-3 on aggregate, and Stefano then makes it 4-3. So they're in control here again. And when you're in a game that you're constantly going behind it, you start to think, is it against me? Am I ever going to get out on top? So it's good resilience from the hashtag lads. Quite late on, 84th minute there, 83rd, 84th minute, that Boras actually makes it even. And that was straight after he changed the formation, wasn't it? It was, yeah. Then he changed it back to something slightly less offensive. And look at this shot off the bar. Remembrance of Jeff Hurst there in the World Cup final, but it did go over the line. And it was a win. It's a very harsh way to lose for ECV, but they've shown a lot there, and I think they'll do well in future games. You mentioned ECV with the late call-ups. Yeah. How difficult is it to walk into a competition like this in the team format? I mean, these guys play all the time, so it's not like they need practice, is it? But what are the difficulties coming into a competition late? Depends really, because I think it could work in your favour in many ways, because they wouldn't have thought they were playing in it. They wouldn't have had any sort of pressure, any kind of worries over the last few days, and suddenly, as long as they're available, they can come and play. There's no pressure on them, is there, to perform here, because everyone didn't think they were going to be here. Yeah. So I'd say it's not the worst scenario to be in as long as your team's strong, and you know, they got here as a result of finishing second in the qualification group. So more than worthy, and they're doing well. All right, here we go. We're going to see your boys back in action again. They're taking on Uni lads. Let's hand you over to our commentary team, Joe and D-Man. Thank you very much. And yeah, well, I mean, Spencer just said, you know, Jeff Hurst style, but I think he missed the added look factor of the fact it was an own goal of Sergio Ramos's head as well. It was like there was so many factors to add the look there for hashtag Academy, but Joe, they got themselves a win, and that's something Uniland did not do in their first game. Hashtag Ryan here, as was just mentioned, was previously known as Stacks last year, if you remember following it through the Foot Champions last year, and of course Boras Legends, he's been around for a very long time. Gorilla, the current FIFA Interactive World Champion here, which is obviously has been renamed this year as the FIFA eWorld. Und damit sind wir hier wieder zurück im Livestream und direkt mit einem nächsten richtig dicken Matchup hier zwischen dem Weltmeister Unilad Gorilla und hashtag Ryan.
einem Spieler, dem ich dieses Jahr auf jeden Fall auch zutraue, sehr weit zu kommen international. Er hat ja frühzeitig schon sein Global Series Ticket gesichert. Die Kapuze ist auf dem Kopf. Er ist komplett in der Focus Zone und damit geht es auch rein hier in das Hinspiel. Wir sind in Runde 2 der Gruppenphase der Gruppe A wird gespielt. Und Ryan spielt in den roten Trikots von links nach rechts. Ja, und Gorilla in den fancy grün-türkisen Trikots, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das Grün, also schon eher türkis, ne? Ja, ich weiß, ja, will ich schon sagen, aber es ist immer schwer mit so Farben. Hellblau, türkis. Grün, hellblau, hellgrün, hellblau, weiß, türkis. Also das Hinspiel wieder auf der Xbox One und dann das Rückspiel auf der PlayStation 4. Die Ergebnisse werden zusammengezählt zu einem Gesamtergebnis und das entscheidet dann ja, die Punkteverteilung des jeweiligen Gruppenspiels. Ganz klassisch, wie man es aus dem Fußball auch kennt. Wenn man gewinnt, 3 Punkte, bei einem Unentschieden 1 Punkt und wenn man verliert, gibt es keinen Punkt und das ist eine Abseitsposition jetzt hier gerade gewesen. Und nicht wundern, wir haben es gerade schon mal kurz thematisiert, das ist das Team von Hashtag United. Warum genau die jetzt Hashtag Academy heißen, da sind wir uns nicht hundertprozentig sicher, aber das ist auf jeden Fall kein Nachwuchsteam mehr, das sind 2 Topspieler von Hashtag. Und hier hat Ryan mal gezeigt, dass er auch sehr gut verteidigen kann im 1 gegen Gorilla. Direkt deutlich mehr Tempo drin als eben noch, wo Cody vom FC Basel sehr, sehr ruhig und ballbesitzlastig gegen Gorilla gespielt hat. Ryan spielt hier schon eher mit offenem Visier und das wird Gorilla in die Karten spielen, der gerne diesen offenen Schlagabtausch mag und dann offensiv all seine Qualitäten zeigen kann. Jetzt zum Beispiel mal hier über die Außen, muss den Ball aber erstmal wiederholen, gibt einen Offensivfoul, interessant. Ja, Ryan spielt ja auch in der engen Raute gerade. Ob das so wirklich die richtige Wahl ist, Gorilla mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, weiß ich nicht. Und das wird jetzt hier zumindest zeitweise auch erstmal bestätigt mit dem 1:0 Treffer. Fataler Fehler im Spielaufbau von Ryan. Und dann kann Gorilla schnell umschalten und das sehen wir immer wieder, dass die Tore eben nach individuellen Fehlern fallen. Gerade wenn du in der eigenen Hälfte an 16er fast noch den Ball so verlierst, dann brauchst du dich nicht wundern. Ryan vor allem bekannt für eine bärenstarke Defensive. Ich glaube, er hatte mal ein für Champions Wochenende. Erstmal die Offensivaktion von ihm, denn das kann er auch angreifen. Auf Messi weitergeleitet oben. Und der hat dann sehr viel Platz. Sehen wir jetzt hier nochmal. Auch da war der Außenverteidiger nicht auf dem Posten. Und dann ist die kurze Ecke frei. Er hatte, glaube ich, mal ein für Champions Wochenende, wo er 11 oder 12 Gegentore kassiert hat in 40 Spielen. Und das ist schon wirklich, wirklich, wirklich überragend. Und wir alle wissen, wie schnell es eigentlich geht, dass man dieses eine oder manchmal dann auch 2 oder mehr Gegentore kassiert. Man muss wirklich sagen, das Niveau in der Weekend League ist nicht schlecht. Also man hat schon so 3 bis 5 Spieler, oder sagen wir mal aus Sicht von so einem Profispieler, die durchaus gefährlich werden können. Und da dann so wenig Tore nur zu kassieren insgesamt ist schon überragend. Zumal einfach gerade gegen Spieler, die nicht das klarste Konzept haben, die so ein bisschen unkonventioneller angreifen, die machen manchmal die komischsten Tore, wo man dann eben nicht gewohnt ist, das zu verteidigen. Und so variabel immer wieder zu verstehen, okay, wie greift mein jeweiliger Gegner gerade an, das ist schon eine große Qualität. Und unterstreicht dann eben den Defensivskill. Sehr stark hier auch jetzt wieder von Ryan gemacht und wieder aufs kurze Eck. Also ich muss sagen, das sehe ich als interessante Entwicklung an, wie häufig mittlerweile aufs kurze Eck abgeschlossen wird. Also ich selber tendiere häufig in diesen Spots noch dazu, den Ball einmal mitzunehmen und aufs lange Eck eigentlich zu schießen. Aber man sieht jetzt mehr und mehr einen recht schnellen Abschluss, manchmal fast One-Touch aufs kurze Eck. Und das klappt wirklich gut. Insbesondere eben bei solchen Spielern, die allesamt extrem gute Abschlusswerte haben. Ja, vielleicht umgeht man damit auch so ein bisschen die Fußparaden von De Gea. Weiß nicht, ob da was rausgefunden wurde. Ja, das ist ein guter Punkt. Als Variante. Denn häufig sieht man es ja von da flach in die lange Vollspann und dann ist De Gea gerade noch so dazwischen. Die Trikots, die Gorilla immer wieder hat, das ist wirklich die schillerndsten Farben.
die er da immer auswählt. Nächster Schnitzer von Ryan. Und mit ein bisschen Glück jetzt hier im zweiten Ball wird es wieder gefährlich. Und Ryan haut den Ball jetzt ein bisschen raus, wobei er den trotzdem noch unter Kontrolle bekommt. Der nächste Fehler. Also im Aufbauspiel in der eigenen Hälfte macht Ryan gerade zu viele Fehler. Vorne macht das dann gut, wenn er mal durchkommt. Aber Gorilla kann sich den Ball hier immer wiederholen. Und dann wird es natürlich gefährlich. Jetzt hier mal Außenelastiko. Also Gorilla haut auch immer wieder die verrücktesten Skill-Moves raus und macht jetzt hier das 2:2. Und genau diese Spiele gibt es eben, wenn die Gegner von Gorilla sich entscheiden mitzuspielen und sich nicht hinten reinzustellen. Und ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, wie facettenreich Gorilla vorne seine Skill-Moves einsetzt, aber auch generell sein ganzes Angriffsspiel, seine Passkombination, seine Dribblings. Also das macht er schon immer wieder gut. Und damit jetzt auch hier schon in der ersten Halbzeit mal 4 Treffer. Ja, und Ryan schüttelt mit dem Kopf, aber aus meiner Sicht ist er einfach zu unfokussiert im Spielaufbau. Diese Fehler, die spielen dem Weltmeister in die Karten. Denn dann hat er den Raum für seine Kombination und für seine Dribblings. Kombination jetzt hier, um einmal die Seite zu wechseln. Neymar, Schusstäuschung in Stand. Elastiko, Flanke an den zweiten Pfosten. Azpilicueta ist zur Stelle. Zeichnet sich da mal aus. Aber diese Kombination da vorne, da kriege ich direkt wieder ein Grinsen auf die Lippen. Das ist einfach immer wieder auch schöne Variationen von einzelnen Skills hintereinander. Schusstäuschung, Elastiko, Schusstäuschung. Weiß nicht, Roulette. Solche Kombinationen macht Gorilla gerne. Und auch der Weltmeister schwört auf das Duo Ramos-Azpilicueta. Das finde ich schon interessant, dass der hier auf einmal die Maldinis, Ferdinands, Desais und sonst wen Prime verdrängt. Wobei, warte mal, da ist doch auch noch ein Ferdinand bei Gorilla. Spielt der Azpilicueta als Außenverteidiger? Nein, er spielt. Gorilla spielt Ferdinand als Außenverteidiger, wenn ich das gerade richtig... Nein, er spielt eine Dreierkette. So, jetzt haben wir es. Okay. Jetzt haben wir es aufgelöst. Dreierkette also wieder bei Gorilla. Das haben wir schon in Manchester bei ihm gesehen, die Dreierkette immer wieder. Ja, also Azpilicueta hat ja ein Team of the Season bekommen, 92 bewertet. Ich habe ihn hier gerade mal geöffnet. Und die Stats sehen defensiv betrachtet schon ziemlich gut aus. Also ja, Stärke zeigt es mir hier gerade als erstes. 84 ist nicht überragend. Aber ansonsten Sliding Tackle 94, Standing Tackle 95, Manndeckung 94, Antizipation, Ballabfang 91. Also das ist schon sehr solide, aber es stimmt schon. Eigentlich muss die Stärke auch stimmen bei einem Abwehrspieler, um sich in den Zweikampfduellen durchzusetzen. Und das könnte so ein bisschen die Schwachstelle von Azpilicueta sein. Mir gefällt halt auch sein Spielermodel überhaupt nicht. Er ist so klein, so schmächtig wirkt er auf mich. Wenn der dann gegen einen Team wie Ronaldo in Zweikampf geht oder gegen einen 96er R9, also ich habe das Gefühl, der geht da unter. Aber gut, die Jungs, die werden ausreichend getestet haben hier. Und ich bin mal sehr gespannt. Was heißt ausreichend getestet? Also so lange ist er noch nicht draußen, ne? Ja, aber die Jungs machen ja dann in dem kurzen Zeitraum sehr viele Spiele. Ich denke, sie werden dann schon einen ganz guten Eindruck von ihm haben. Und wenn sie sich entscheiden, das, was bisher funktioniert hat, mit einem Maldini beispielsweise, der ja auch überragend ist, die 94er-Karte, wenn sie sich entscheiden, den zu ersetzen, dann muss das schon seine Beweggründe haben eigentlich. Insofern bin ich mal sehr gespannt, was wir jetzt hier in den kommenden Partien so von ihm sehen. Ich habe jetzt auch Team of the Season Piqué mal ein bisschen gespielt und der ging auch richtig gut ab. Muss man natürlich reingelinkt bekommen ins Team. Aber wenn das möglich ist, finde ich, ist er auch eine Option. Dem würde ich ehrlich gesagt, also rein von den Stats und vom Player Model würde ich dem Azpilicueta bevorzugen. Aber ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass ich Azpilicueta noch nicht gespielt habe. Anyways, wir gehen rein in die zweite Halbzeit hier. Wir sind in Runde 2 der Gruppenphase oder vielmehr in Gruppe A. Aber es wird hier nicht das Swiss-System wie bei den anderen Majors gespielt, sondern ganz klassisch, wie ihr es aus dem Fußball kennt, auch jeder gegen jeden ein Spiel. Insgesamt also 7 Gruppenspiele und die ersten 4 kommen dann weiter.
Und für Unilet ist auf jeden Fall mal das Programm richtig straff, nachdem es im ersten Spiel gegen Basel ging, wo sie verloren haben. Jetzt also gegen #United. Langer Chipball auf CR7, der setzt sich durch gegen Ferdinand im Duell. Und jetzt ist Platz da gegen die Dreierkette. Kanté mit aufgerückt. Aspilicueta mit einem guten Tackling. Und wieder Maresch drin. Eingewechselt bei Gorilla. Neymar über die Außen. Jetzt der Druckpass möglich. Maresch, Scoot-Turn. Oh. Hast du gesehen, wie schnell und fein er den Scoot-Turn gemacht hat? Das war stark, ja. Ja, das sind diese Dribbling-Werte, die da durchkommen. Das war auf jeden Fall stark. Schöne Schusstäuschung, ganz kurz den Raum gewonnen. Jetzt übertreibt er hier ein bisschen. Ryan sitzt einfach nur so da. Denkt sich so, komm Danke on. für den Ball. Dude. Angreifen. Stoisch kann man das schon nennen. Aber natürlich auch zu 110% fokussiert. Und jetzt mal einen ganz guten Spot. Schön abgeschirmt den Ball. R9 legt nochmal zurück. Entschärft die Situation selbst so ein bisschen hier in der Offensive. Jetzt wird aber nochmal das Tempo erhöht. Messi! Und dann ist Gorilla in Form von Vieira zur Stelle. Also Gorilla auch defensiv inzwischen nochmal den Ticken besser geworden. Dafür vielleicht auch in der Offensive. Ich will jetzt bei weitem nicht sagen abgebaut, aber... Du musst ja sehen, das bedingt sich auch. Ja, er verteidigt nicht mehr ganz so riskant. Dadurch kommt er aber auch nicht mehr so häufig in seine Umschaltsituation, was ja seine allergrößte Stärke immer war. Jetzt aber Ryan hier wieder, nachdem er außen kurz früher den Ball gewonnen hat mit seinem Außenverteidiger, konsequent umgeschaltet und dann macht er hier das 3:2. Also ich denke, das ist eben bei Gorilla der Punkt. Er hat so ein bisschen diesen Wundertypen-Style hat er so ein bisschen abgelegt und dadurch ist er konstanter geworden, aber auch berechenbarer. Ja. Die Entwicklungen eines Weltmeisters. Schauen wir mal, wo sie diese Saison hingehen werden. Denn über die letzten 3 Jahre, da sind sich viele einig, war er eigentlich jede Saison der beste Spieler der Welt. Und das konnte er dann auch mit dem Weltmeistertitel letztes Jahr eindrucksvoll unter Beweis stellen in FIFA 17. Und jetzt ist er natürlich in 18 gefordert, wo es alle von ihm erwarten. Ja, ich muss aber sagen, in FIFA 18 bin ich mir nicht so sicher, ob er diesem Druck gerecht werden kann. Bisher spielt er keine sonderlich überragende Saison. Hat eigentlich eher, ja, so, ich will nicht sagen glücklich, aber auch nicht sonderlich überzeugend sein Global Series Ticket beim zweiten Anlauf geholt. Nee, warte mal, es war beim ersten Anlauf schon. Aber die Events, er ist nie, sage ich mal, ganz weit nach vorne gekommen. Aber er ist ein Turnierspieler, wenn es drauf ankommt. Und er hat auch neulich getwittert, dass er jetzt noch mal härter trainieren wird, um einfach wieder der alte Gorilla zu werden. Und seine Qualität ist eben auch immer gewesen, dass er einfach sehr hart arbeitet für seinen Skill. Er hat unglaublich viel FIFA die letzten Jahre gespielt und damit vielleicht hier und da nochmal eine bessere Idee in den einzelnen Situationen, welche Eingaben wie funktionieren und sich wie auswirken. Er kennt schneller Muster, er kennt schneller Möglichkeiten. Das eine ist, ein Spiel gut analysieren zu können, indem man sich nochmal anguckt, aber das andere ist einfach FIFA auch sehr viel zu spielen. Dann bekommt man einfach so dieses Feingefühl für die verschiedenen Situationen. Das soll kein Abseits sein. Die Konkurrenz schläft nicht und über die letzten Jahre sind in der FIFA-Szene eben auch so viele starke Spieler nachgerückt und da sind sich eigentlich alle Spitzensportler einig, wenn es eine Sache gibt, die am schwierigsten ist, dann ist es ganz oben zu sein und da eben auch zu bleiben. Denn alle anderen, die sich unter dir bewegen, die können sich noch verbessern, die können noch sich was von dir abschauen, was von deinem Spiel lernen. Genau. Du hast am Ende die Zielscheibe auf deinem Rücken. Richtig, Gorilla schmeißt einen Stream an, spielt die Weekend League und alle gucken zu, wie er spielt und gucken sich das ab, können sich darauf einstellen. Und wenn man so im Fokus steht, dann ist man noch mehr gezwungen als andere, sich immer wieder neu zu erfinden. Aber ich schätze Gorilla mental so ein, dass er diese Rolle durchaus mag. Ich glaube schon, dass er für sich auch denkt, dass er der beste Spieler der Welt ist.
Und dieses Mindset bringt dann eben auch meistens an den Controller. Ja, man kann sagen, Kurt so ein bisschen der Cristiano Ronaldo des FIFA, der von sich sagt, er ist der Beste. Jetzt machst du eine Debatte auf, wer geht. Das kann ich dir so schon sagen. Und Gorilla eher so der Messi, der es zwar nicht immer unbedingt so selbstbewusst rausposaunt, aber der doch schon im Innern sicherlich der Meinung ist. Ja, also aus meiner Sicht hinkt der Vergleich zumindest insofern, als dass Kurt noch nie was gerissen hat. Ja, das stimmt allerdings. Aber ansonsten, ja, so vom Typ her kann man da vielleicht kann man schon sagen, dass da ein bisschen Parallelen gibt. Das Verhalten. Boah, was ist das für ein langer Ball? Ist das abseits oder nicht? Die Frage erfahren Sie in der nächsten Folge. Oder die Antwort vielmehr. Aber es war sowieso egal, weil De Gea noch davor dazwischen war. Und die Frage ist, wie wird Gorilla jetzt umstellen? Denn er hat schon die Dreierkette drin. Aguero ist auch noch so eine Karte, ne? Also offensiv mittlerweile hat man echt eine breite Auswahl. Ich finde, die 97er Team of the Season Karte sieht auch echt sexy aus. Ja, und Pelé Prime sehen wir auch das häufiger. Das tut einfach so weh, dass wenn man sich so einen Spieler kauft und dann wieder verkauft, wenn man einen anderen testen will, dass man in der Preisrange so viele Münzen verliert wegen den 5% Gebühren. Ich finde, da müsste es irgendwie... Ich meine, klar, Leihspieler, SPCs und so gibt es ja auch immer mal ein bisschen. Ich finde, da müsste es noch aktuell leichter sein, diese ganzen schönen Karten zu testen, dass es irgendwie so einen Fantasy-Modus gibt, wo man einfach alle Karten... Ja, gerade für dich für möglichst wenig Coins, ne? Ja. Richtig. Für alle. Also ich sag mal so, die wenigsten... Stimme ich schon zu. Also es ist halt ein bisschen Pay-to-Win-lastig, beziehungsweise man muss ultra viel Zeit rein investieren, dann kann man sich auch erarbeiten. Da habe ich übrigens mit Mirova letztens drüber diskutiert. Ich habe gerade gesehen, dass er hier auch im Chat ist, einer, der bei uns bei Viewpark Gaming, aber auch generell in der eSports-Community im FIFA-Bereich sehr aktiv ist. Schönen guten Tag auch an dich, mein Lieber. Wow, rein. Don't forget to hashtag it. Nochmal mit dem 4. Treffer hier. Das ist doch durchaus... will jetzt nicht sagen eine faustdicke Überraschung, aber so ein kleines Upset hier auf jeden Fall. Dass der Weltmeister so seine Problemchen hat. Und hier mit 2 Toren Rückstand das Hinspiel verliert. Und das wird dann natürlich eine ganz schöne Aufgabe werden für seinen Teamkameraden Shells. Der jetzt aus dem ersten Spiel nicht wirklich viel mitnehmen kann, währenddessen Boras Legend in den letzten 10 Ingame-Minuten das Ganze noch drehen konnte und auf jeden Fall Rückenwind mitnimmt. Also, das ist eine gute Ausgangsposition hier, keine Frage, sowohl vom Ergebnis als auch mental für die Jungs von #United. Und hier sehen wir jetzt erneut die Hinspielergebnisse. Also, diesmal sieht es besser aus für Schalke 04. Tim Latka mit dem 2:1 Sieg gegen Mickey, den 4-fachen japanischen Meister. Bei Method gegen ECV eSports ist Venny sehr überzeugend aufgetreten. 5:1 Sieg gegen Renzo. Unilad gegen Hashtag haben wir eben gesehen. Und Art Virtual FC hat also 0:0 gespielt. Ja, also Koni scheint so ein bisschen an seiner Strategie auch festzuhalten. Ja. Erstmal safe sein und dann kommt Stranger und rasiert den Gegner weg. Die Walze und überrollt einfach alles, was sich auf dem FIFA-Platz in den Weg stellt. Ich habe mir jetzt nochmal kurz die Tabelle gesehen. Ich öffne sie hier auch so nochmal, dann kann ich nochmal kurz darüber ein Update geben. Also das ist das Coole dieses Wochenende. Erstmalig, dass wir hier als Kommentatoren auch so ein Tool an die Hand bekommen haben, wo wir das Ganze nochmal sehen. Und Schalke, ich meine, es ist erst der 2. Spieltag jetzt der Gruppe, aber ist ja nicht gut reingestartet, -8 Tore. Jetzt aber, wenn sie hier vielleicht einen Punkt holen oder auch einen Dreier, kommen sie ein bisschen rein, wäre wichtig. Und ansonsten eben die 3 Top-Teams, von denen ich mir schon vorstellen kann, dass sie so ein bisschen vorne wegmarschieren. Basel, Hashtag und Unilad. Wobei, bei Unilad läuft es ja bisher auch nicht so wirklich rund. Also wenn die jetzt das zweite Spiel auch noch verlieren, dann ist das alles andere als vorweg marschieren. Ja, das stimmt, aber du musst sehen... Also in die falsche Richtung geht's dann. Ja, schon eher. Aber du musst sehen, es sind auch aus meiner Sicht die beiden stärksten Gegner, gegen die sie hier spielen mussten. Ja. Oder spielen, das ist ja noch nicht entschieden. Denn Schelz, wollen wir mal sehen, wie der jetzt damit umgeht. Also ich glaube, er stellt sich auch eine schönere Rolle vor, als der zu sein, der notfalls die 2 Tore wieder herschenken muss. Und hier spielt er jetzt auch gegen Stranger. Das sind nochmal die Highlights aus dem ersten Spiel.
Gegen Basel. Spielt natürlich gleich gegen, das war das erste Spiel, richtig. Spielt natürlich gleich gegen Boras Legend. Übrigens, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Staatsbürgerschaft ist, aber Schelz ist auch mindestens halb Schwede und Boras Legend ist ja Schwede. Also die zwei haben auch so nochmal eine Connection miteinander, die jetzt hier aufeinandertreffen gleich. Boah, das war eine Kombination. Er hat halt so eine gute Idee, wann er welche Pässe wie One-Touch spielen kann. Ja. Aber das könnte auch für Schelz so eine Art Turnaround werden jetzt hier. Wenn er es schafft, das Ruder rumzureißen, um auch mental wieder so richtig in Fahrt zu kommen. Rio Quit oder Rio Quit, dann grüßen wir deine Mama doch mal zurück. Wenn du schon so ein Ehrenmann hier bist, wollen wir das doch mal auch zu Wort bringen. Und hier sieht man jetzt einen fokussierten Schelz und einen vielleicht sogar noch fokussierteren Boras Legend, der zumindest schon mal die Kopfhörer auf hat und darunter In-Ears hat, also vielleicht Musik hört, da gibt es ja auch ganz verschiedene Präferenzen unter den Pros. Einige wollen einfach die Atmosphäre vor Ort aufsaugen und setzen gar kein Headset auf. Andere wollen den Ingame-Sound hören, Kommentatoren oder auch einfach nur, dass man hört, wie die Pässe gehen, dass man einfach so ein bisschen im Flow ist. Und wieder andere haben halt so ihre Playlisten und hören einfach die eigene Musik. Also, habe eben nochmal geschaut, weiterhin der Hinweis, eSports on Air, das Hashtag könnt ihr natürlich verwenden auf Twitter oder hier bei YouTube. Bei YouTube geht es natürlich auch direkt ohne das Hashtag, um mit uns zu kommunizieren. Nein, nur mit dem Hashtag. Okay, nur mit dem Hashtag, sonst antworten wir nicht. Wir müssen auch die beiden Kommentatoren schmunzeln. Ja, auch schön auf jeden Fall, dass du hier wieder zu sehen im englischen Stream. Demon und Joe Miller. Joe Miller. Und Lee The Smith. Ja, zwei E-Sports-Kommentatoren-Legenden auf jeden Fall. Cool, dass sie mal wieder am Start sind. Haben ja in FIFA 17 viel kommentiert, FIFA 18 dann gar nicht mehr jetzt eigentlich. Woran das genau liegt, dass sie heute wieder dabei sind, wissen wir nicht, aber freut mich auf jeden Fall, weil man muss fairerweise sagen, man merkt dann schon bei solchen Leuten, also dass sie seit Jahren E-Sports kommentieren und eine wirklich gute Idee haben, wie man ein Gaming-Spiel jemandem auf eine echt unterhaltsame Art und Weise näher bringt. Absolut, also ich habe das auch letztes Jahr genossen, die beiden. Ja, bisschen mehr spezifisches FIFA-Wissen. Ja, das muss halt kommen dann, noch ne? sein können, die sind halt mehr so generelle E-Sports-Kommentatoren. Muss man aber auch mal fairerweise sagen, die kommentieren League of Legends, Counter-Strike, FIFA. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie noch andere Spiele kommentieren, aber da überall in der kompletten Tiefe, das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Ich denke, dass es beides perfekte Play-by-Play-Caster sind und sie dann einen Experten an ihrer Seite brauchen. Aber so Play-by-Play, also das Offensichtliche zu kommentieren, finde ich, haben die beiden extrem gut drauf. Ja, also ihr merkt schon, wir schwärmen hier von unseren englischen Kollegen. Schön, die beiden auch hier mal wieder zu sehen. Grüße zurück. Jump TV Luke. Kann man irgendwo die Live-Tabellen sehen? Das ist leider nicht möglich, aber du kannst Sport1 eSports auf Twitter folgen. Da bekommst du sehr häufig Updates und wir haben den Zugang bekommen zu Live-Tabellen und Resultaten und werden euch dann natürlich immer auf dem Laufenden halten. Jetzt also gerade Spieltag 1 in Gruppe A vorbeigegangen. Das würde ich nicht machen. Die machen eigentlich das gleiche wie wir. Die erzählen einfach ein bisschen rum. Das ist mehr so ein bisschen Strecke machen. Und das finde ich besser, wenn wir das selber machen, weil wir dann Eigentum setzen können. Oh, interessant. Hier sehen wir jetzt mal das Team von Schelz, der jetzt auch eine Dreierkette hier zumindest
zu Beginn am Start hat. Boras 4-3-3 Teambuilding, eher der klassischen Natur, und auch er spielt die 4-2-2-2-Formation. Ich finde das so interessant, wie sich bei jedem Turnier gefühlt wieder in der Meta was verändert. Man sieht jetzt hier nur das 4-2-2-2, also ein bisschen übertrieben gesagt. Heute haben wir es sehr häufig schon wirklich gesehen. sehr, sehr häufig. Bisschen enge Raute, bisschen 4-2-3-1, aber... Dann gab es Events, da hat man das 4-4-2 gefühlt nur gesehen. Dreierketten sind zuletzt auch immer mal wieder ein kleiner Trend. Ich bin gespannt, ob Shells der Dreierkette jetzt treu bleibt. Gorilla hat sie ja auch gespielt. Ich meine, er hat nicht viel Option, wenn er nicht irgendwie Vieira in die Innenverteidigung stellen will. Und auch dann müsste er ja, also das kann er nicht machen. Dann müsste er Azpilicueta und entweder Ferdi, Ramos oder Vieira Außenverteidiger spielen. Also er wird definitiv bei der Dreierkette bleiben. Ja, aber wir haben zumindest jetzt mal den Formationswechsel. Haben ja eben so ein bisschen drüber gesprochen, was Shells machen könnte, um wieder neue Offensivpower zu entwickeln. Und hier werden wir jetzt mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Rein geht's ins Rückspiel. Hashtag Borders in den roten Trikots von links nach rechts. Trifft hier auf Shells vom Team United. Und der Schwede, also in dem Fall Boras, mit einer 2-Tore-Führung im Rücken. Boris Legend auch eher noch so ein Spieler der alten FIFA-Schule, der versucht wirklich gar keine unnötigen Fehler zu machen, den Ball sehr, sehr lange hält. Auch hier und da nochmal ein feines L2R2-Dribbling einbaut, also wo man den Ball so ein bisschen enger am Fuß führen kann. Das aber durchaus ein kritischer Ballverlust, denn viele Spieler aufgerückt bei ihm. Jetzt kann durchgesteckt werden. Walker ist mit einem wichtigen Einsteigen dabei und kann also hier diesen Konter unterbinden. Jetzt mal etwas schneller umgeschaltet. Flankenversuch, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe mir noch mal ein bisschen über die Dreierkette nachgedacht und ich muss sagen, einerseits richtig, aber mir ist gerade noch mal bewusster geworden, Shells führt ja mit 2 Treffern sozusagen. Und nein, Boras führt mit 2 Treffern. Ah, okay, dann forget about it. Habe ich gerade falsch rum. Sorry. Dann nehme ich alles zurück. Dann ist es die richtige Sache. Also Shells muss auf jeden Fall Gas geben. Denn so rund läuft es bei seinem Teamkollegen Gorilla auch noch nicht. Ja. Habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal falsch gesagt. Habe ich irgendwie falsch eingespeichert. Kommt vor, Malte. Wir haben hier auch wieder eine längere Strecke zu gehen. Insofern, da passieren Fehler. Bin ich mal gespannt, wie er mit der Dreierkette so zurechtkommt. Ja, ich muss sagen, es sind auch nicht so viele Räume, die bei den Dreierketten entstehen, wie ich es gedacht hätte, wenn man die von Anfang an spielt. Also auch bei Gorilla eben. Ja, hat es eine Weile gedauert, bis wir es überhaupt bemerkt haben. Ja, es wird halt defensiv schnell auch ein bisschen zu so einer Art Fünferkette. Ja. Weil meistens so die Mittelfeldspieler zu Außenverteidigern werden. Ja, aber ich habe nicht so auch auf der anderen Seite das Gefühl, dass man in der Offensive zwingend so viel mehr Druck entwickelt. Auch ja, jetzt hier in so einer Umschaltsituation, da ist gefühlt eine enge Raute fast stärker aus meiner Sicht. Ja, Formation ist halt einfach nicht alles. Wenn muss man, denke ich, die individuelle Taktik auch entsprechend dazu anpassen. Vielleicht auch von der Grundausrichtung ein bisschen offensiver agieren. Also Formation ist ein Faktor, sicherlich auch ein sehr wichtiger, aber bei weitem nicht der einzige. Oh, schöner Doppelpass jetzt angesetzt. Dann aber der Versuch mit Henry direkt den Abschluss zu finden. Wird geblockt. Jetzt muss er mit Maldini da den Laufweg von Neymar verteidigen. Macht das auch gut. Ball wird dann sowieso abgeblockt. Also Boras ist auch jemand, der sehr viel selbst verteidigt, auch was Laufwege beispielsweise angeht. Er verlässt sich da sehr selten auf die CPU, sondern ist immer der Meinung, man muss viele Spieler wechseln, man muss selber Innenverteidiger zurückziehen oder auch mal rausziehen, um Druck zu machen.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall eine gute Schule, die er da an seine Abonnenten weitergibt auf YouTube. Ja, ich gucke mir auch gerne mal Tutorials von ihm an. Vor allem auch in Vorbereitung auf das VBL Playoff-Event, in dem ich teilgenommen habe. Habe ich wirklich nochmal viel von ihm angeschaut, defensiv gerade. Boah, interessante Flanke jetzt hier. Das war mal eine schöne Variation von Charles. Ja, finde ich auch generell cool, wenn Pros bereit sind, ihr Wissen zu scheren und so einfach vielen Spielern die Möglichkeit geben, selber gut zu werden. Und man liest das dann auch häufig, auch zum Beispiel bei Mirza, dass wirklich zahlreiche Spieler dann berichten, wie sie langsam in den Rängen aufsteigen in Foot Champions. Son in der Startelf weiterhin. Bei Charles jetzt hier auf den Außen mal mit dem Dribbling-Versuch, aber das ist nicht zwingend genug. Genau, das ist einfach kein Mehrwert. Er dreht sich 2-3 Mal um die eigene Achse, aber er macht damit nichts. Ein Skill-Move oder so ist halt eine aktive Aktion. Das hier ist Abwarten gerade. Er guckt, wie verteidigt wird, aber gute Spieler, die gucken selber so. Die gucken sie beide sich gegenseitig an, nichts passiert. Also irgendwie muss Charles ein bisschen zielstrebiger wieder werden offensiv. Ja, er muss da das Selbstvertrauen gewinnen, einfach Aktionen zu machen, die, wenn sie nicht richtig verteidigt wären, für Gefahr sorgen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig auf dem Level, dass man nicht zu vorsichtig wird, nicht zu... Auch simple Sachen, einfach mal ein Heel-to-Heel, solche Sachen. Man darf da nicht eintönig werden. Hat man manchmal das Gefühl, in seinem Kopf ist so ein bisschen dieser Respekt so groß, dass der Gegner es dann verteidigen wird, was er macht als Aktion. Schauen wir mal, jetzt vielleicht die Möglichkeit über Neymar. Schusstäuschung in Stand, weitergeleitet. Schöner Hacke zu Hacke mal. Auch da wäre vielleicht ein Abschluss möglich gewesen, aber das war eine klare Aktion. Hätte das geklappt, wäre durch gewesen. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall mal ein guter Ansatz. Aber natürlich steigt der Druck mit jeder Minute. Dennis Riesop, mich würde mal interessieren, was dann deine besten Weekend League Stats sind. Aber wahrscheinlich hast du nie Zeit, die Weekend League zu spielen. Kann ich mir schon vorstellen. Auch interessant, dass die Leute im Chat dann immer nie bei den Events dabei sind. Ja, aber hat halt auch viel zu tun, so ein Spieler dann. Also ich sag mal ehrlich, bei der Weekend League kann ich es verstehen, wenn man die Zeit nicht auffinden kann. Der Modus ist nicht der geilste für Leute, die FIFA so hobbytechnisch spielen. Ja, aber man kann, also es gibt schon Möglichkeiten. Wenn du den Skill hast und dich für die Events qualifizierst, dann ist das eben auch eine Möglichkeit, das als Hauptberuf zu machen, was die beiden Jungs hier geschafft haben. Und das ist eine Leistung, die zu bringen. Das ist zu heutigen Zeiten in FIFA 18 sehr, sehr schwierig. Das ist ja keine Antwort auf meine Frage, Reesop. Ja, da hast du aber den Gegner für deine heutigen Abendgames, Malte. Das, was ich am liebsten spiele, darf ich hier nicht sagen. Gehen wir mal rein ins zweite... Ja, wie kriege ich das jetzt aber beendet? In die zweite Halbzeit hier von diesem Spiel. Und Charles muss nach wie vor mindestens 2 Treffer machen, wenn für Unilad hier was Zählbares rauskommen soll. Das ist schön kombiniert. Nochmal durchgesteckt und dann so ein Kullerball. Eieieiei. Das war eigentlich mit einer tollen Übersicht gespielt. Gerade auch dieser letzte Pass zu sehen, dass Ronaldo da noch durchläuft. Und dann stimmt aber das Timing oder das Aufladen beim Torabschluss nicht. Aber Charles, der fängt hier immer mehr an zu drücken auf den Anschlusstreffer. Und sobald der fällt,
wird auf jeden Fall auch bei Boras nochmal so ein bisschen das Nervenkostüm flattern. Ramos mit einem guten Chip, um hier Maresch in Szene zu setzen. Oh, ganz unten wäre vielleicht Raum gewesen. Spielt er jetzt noch an? Ist mal eine Idee. In einer Dreierkette oder generell in anderen Formationen hat man dann eben auch mal andere Räume. Das ist für Scherz vielleicht auch ungewohnt, weil er eben meistens in seinem 4-4-2 spielt. Auch Boras offensiv noch nicht so wirklich aktiv gewesen hier. Ja, er muss verwalten eigentlich letztendlich nur. Klar. Also Aber ein weiterer Treffer, klar, würde ihm nochmal eine ganz andere Sicherheit geben. Wenn man sich da zu sehr auf sichere Aufbauspiel versteift, dann geht eben die Gefahr vorne verloren und dann kassierst du den Anschlusstreffer einige Minuten vor Schluss und schwimmst nochmal so richtig. Jetzt erstmal die Freistoßvariante. Ronaldo mit Platz und dann ist es der Treffer. Ganz simple Variante und Scherz kriegt da keinen Zugriff auf den Schweden und der muss dann einfach nur den Ball sauber auf den linken Fuß legen und abziehen. Und von der Position macht dann natürlich so ein Team of the Year bzw. Team of the Season den Ball 9 von 10 Mal rein. Ich frage mich gerade, ob das mit dem Namen Hashtag Academy auch irgendwelche rechtlichen Gründe haben könnte, weil es gibt ja eigentlich auch das Hashtag United-Trikot im Spiel. Und mir fällt gerade mal auf, dass sie das gar nicht nutzen, was natürlich verwunderlich ist, wenn es hier in der Klub-WM ist. Und die FIFA hat da manchmal recht klare Regularien, was sie wie als Team akzeptieren offiziell. Wobei ich mich irgendwie lose erinnere, dass Hashtag United auch ein offiziell angemeldeter Verein ist, also sage ich ein FIFA-lizenzierter Verein. Es ist ja ein Team, wer den Namen noch nicht kennt, von dem YouTuber Spencer FC. Und der hat damals eine Fußballmannschaft gegründet und hat sich da eben über die verschiedenen Hobbyligen hin zu Amateurligen hochgearbeitet, sodass es eine offizielle Fußballmannschaft geworden ist. Und dann hat er im eSports in FIFA 17 seinen Einstieg verkündet, hat sich da ein paar Topspieler zusammengesucht und einen Spieler auch in der Castingshow gesucht. Also das ist echt sehr cool gemacht. Generell Hashtag United eins der innovativsten FIFA-Projekte meiner Meinung nach. Und ja, deswegen wundert es mich irgendwie, dass sie hier nicht als Hashtag United auftreten. Versuche ich nachher nochmal rauszufinden, woran das genau liegt. Ja, und das sieht nach einem klassischen Fehlstart aus hier für Team Unilad, die vorhin im Interview noch gesagt haben, sie sind eigentlich das Team, das es zu schlagen gilt. Ist jetzt schon zweimal passiert. Aber natürlich, du hast es angesprochen, sind das auch auf jeden Fall die beiden stärksten Gegner aus der Gruppe. Und es ist noch nicht final passiert. Zumindest hier in diesem zweiten Matchup. Aber es sieht schon sehr, sehr schlecht aus. Ja. Scherz macht einfach nicht den Eindruck, als wenn er offensiv hier noch eine gute Idee hätte. Ja. Eher im Gegenteil. Es könnte hier den nächsten Treffer geben. Richtig stark gemacht von Boras Legend. Auch eben nochmal mit dem Spin dann in die Mitte. Auch der Doppelpass sehr clean. Hat Scherz damit einmal überlistet. Ich meine, er hat noch ausreichend Zeit für 3 Treffer, nur er müsste mal beginnen, den ersten zu schießen. Ja, das könnte hier ein Spitzenduell in der Gruppe vielleicht geben, später zwischen Hashtag United und dem FC Basel. Während Boras drauf und dran ist, den nächsten Treffer zu erzielen. Pfosten jetzt, also eine 2-0-Führung wäre hier auf jeden Fall verdient inzwischen. Ja, wieder ein starker Steilpass, mit dem man sich da freigespielt hat. Na, komm mal, jetzt vielleicht hier irgendwie mal eine klare Aktion. Ja, es ist der Longshot, kann man mal versuchen, aber gibt nicht die größte Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht. Hier versucht er mal nachzusetzen, das finde ich richtig. Kommt dann aber zu spät und kriegt die gelbe Karte. Ja, Schelt sieht ganz und gar nicht happy aus. So ein bisschen ratlos irgendwie. Ja, so ein bisschen auch
Also, Mano. Ja, wirklich. Macht schon echt einen bedrückenden Eindruck. Oh Mann. Irgendwie tut er mir leid, wenn ich ihn sehe. Er guckt echt ein bisschen so, dass man ihn gerne mal in den Arm nehmen würde. Ich habe halt irgendwie Sorge, dass er sich zu viel Druck macht, weil er weiß, er spielt mit dem Weltmeister und er weiß auch, Gorilla will immer gewinnen, performt auch bis jetzt ganz okay. Klar, hat er jetzt auch selber verloren. Und dann zu wissen irgendwie, dass er da mit drin hängt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Scherz nicht dieses Selbstverständnis hat. Der spielt gut, wenn er keinen Druck hat. Aber auch seit er bei Unilet ist, sind seine Leistungen eher so ein bisschen zurückgegangen. Und das ist, glaube ich, sehr stark auch eine Typsache, weil in FIFA 17 war er halt noch ein absoluter Underdog. Er hat nie am Anfang einen Stream gespielt, also er hat einfach seine Ruhe gehabt. Und das liegt ihm, glaube ich, am meisten. Aber jetzt ist nochmal ein Ausgleichstreffer hier zumindest. Ein Tor, das wird ihm gut tun. War auch nicht schlecht gemacht. Scoop-Turn angesetzt mit Neymar. Schöne Drehung. Cleaner Flachschuss zum 1:1. Und klar, damit sind es immer noch 2 Tore Rückstand. Aber wenn er zumindest für sich vielleicht jetzt sogar noch das Spiel drehen kann, dann wäre er insgesamt nochmal dran. Und er hätte halt für sich selbst einen Sieg zu Buche stehen. Was auf jeden Fall auch nochmal Selbstvertrauen geben würde. Er muss aber alles nach vorne schmeißen. Etwas mehr als 10 Minuten Zeit sind noch. Pelé jetzt eingewechselt. Bei Boras, Flanke an den zweiten Pfosten. Gerade so geklärt und das funktioniert auch. Jetzt der Ball wieder bei Scherz. Kontersituation. Ramos inzwischen ordentlich mit aufgerückt hier. Maresch, wieder Ramos. Oben hat er 9 bisschen Platz. Jetzt mal eine Aktion wieder. Maresch durchgesteckt. Son 2:1 und der Anschlusstreffer. Vielleicht geht da doch noch was. Da ist auch Bewegung im Hintergrund bei ihm jetzt auf einmal. Ist hier vielleicht doch noch ein Punkt drin? Das wäre ein Ding, nachdem der komplette Spielverlauf eigentlich in die andere Richtung zeigt. Das ist auch einfach sein konzentrierter Blick, muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen. Weil jetzt führt er gerade und trotzdem immer noch der gleiche Blick. Und das also sollte jetzt nicht irgendwie abwertend klingen. Also man ist natürlich beim FIFA-Spielen einfach komplett auf Spielen konzentriert und achtet nicht noch darauf, wie man irgendwie in der Kamera genau aussieht. Vielleicht ist er aber auch immer noch nicht zufrieden und denkt sich, wenn ich jetzt hier nicht den Treffer mache, kann ich mir davon auch noch gar nichts kaufen. Jetzt erstmal wieder Boras Legend. Boah, das ist richtig schön gut gespielt. gemacht. So ein halber Dragback, ja, direkt der Querpass. Ja, aus dem Dragback heraus eigentlich. Die Animation war noch gar nicht zu Ende. Fast wie so ein Dragback-Pass. Ja, echt nice. So ein Advanced-Trick-Pass. Schönes Ding. Jetzt gilt es natürlich für ihn, hier diesen Einwurf sicher zu spielen. Nicht irgendwie in der Ungeduld den Ball zu verlieren. Die Möglichkeit! Lattentreffer! Neymar im Strafraum fällt und es gibt den Elfmeterpfiff und man sieht es an der Reaktion von Scherz unten. Das könnte jetzt natürlich die Entscheidung bedeuten und zwar gegen ihn. Er muss diesen Elfmeter wohl halten, wenn hier noch die Möglichkeit bestehen soll, auszugleichen. Und das gelingt sogar. De Gea macht einen kleinen Tippelschritt und geht dann runter und hält damit also hier noch die 1 Tore Ausgleichssituation fest. Auf geht's, Scherz. Letzter Angriff hier vielleicht. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht ist auch noch für einen weiteren Angriff eine Möglichkeit. Einer auf jeden Fall. Den muss sich Scherz jetzt hier ordentlich zurechtlegen. Schöne Ballrolle, um den Ball zu sichern. Und jetzt geht's rein in die Mitte. Krullet legt einen weiter auf Neymar, der ein sehr feines Dribbling hat. Angefakte Schusstäuschung. Schöner Pass. Und Krullet jetzt in der Schussmöglichkeit. Spielt aber weiter auf CR7. Und mitten im Strafraum wird hier abgepfiffen. Und da sieht man auf jeden Fall auch die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn von Boras Legend. Und Scherz ist richtig ein bisschen niedergeschlagen. Hat aber echt stark hier nochmal gekämpft. Und das macht doch Mut aus Sicht von Unilet für die nächsten Spiele. Wow, das macht echt keinen guten Eindruck. Er ist da sehr, sehr down. Da konnte man eben auch Lippen lesen, was dieses Wort bedeuten sollte. Eieieiei. Ganz, ganz knapp hier. Aber er kann da wirklich drauf aufbauen. Boras behält die Nerven und fährt den zweiten Sieg ein für #Academy. Und hier sehen wir die Ergebnisse. Method macht da weiter, wo sie aufgehört haben. 8:3 nach einem 9:1 Sieg gegen ECV eSports. Schalke dreht das Ganze irgendwo auch um und holt sich
die ersten 3 Punkte aufs Konto. Sehen wir dann jetzt hier natürlich auch in der Tabelle. Also Method mit plus 13 Torverhältnis auf Platz 1. Dahinter Hashtag Academy. Die beiden also noch ungeschlagen, beziehungsweise mit 2 Siegen aus 2 Spielen. FC Basel gerade noch unentschieden. Ich weiß nicht, ob das schon das finale Ergebnis ist. Wären dann nur 4 Punkte auf das Konto unserer deutschen Jungs. Unilad mit 0 Punkten natürlich alles andere als eine gute Ausgangsposition. Ja, und es sieht danach aus, dass sich Stranger mit 2:2 getrennt hat von Freitasch. Ich sehe gerade, dass wir in unserem Tool so weit hier in die Ergebnisse gehen können, dass wir sogar am Ende noch die Unterschrift beider Spieler sehen, also dass das Ergebnis stimmt. Verrückt. Finde ich schon sehr nice. Ja, also die Brasilianer haben hier wirklich gut gegengehalten. Das ist sicherlich eine kleine Überraschung. Cody 0:0 und Stranger dann auch in Anführungsstrichen nur ein 2:2. Ja, und wir werden jetzt nochmal ein kurzes Päuschen machen, während Spiel Nummer 3 vor Ort in die Wege geleitet wird. Und wenn es dann wieder reingeht in die Action, dann sind wir natürlich auch für euch wieder am Start mit deutschem Kommentar. Also bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich. Hello, welcome back to the FIFA E-Club World Cup from Paris. I'm joined by SPORT1, who's alongside me. And in Group A, we've seen 2 rounds. We have 3 more to go before we have a break, and then 2 remaining tomorrow. Let's have a little reminder of the league table of what we're seeing so far in Group A. And at the top of the table, it's Method and Hashtag Academy, both on 6 points. At the bottom of the table, with no points yet after 2 rounds, it's Unilad and ECV eSports. Spencer FC is alongside me, who will be happy with the current placing of his team, Hashtag Academy, in 6th spot. Are you? In 2nd spot. Sorry. 6 points. What did I say? 6th spot. In It's 6th fine. spot. It's fine. No, very good. But you've got to look at Method. How have they got plus 13 goal difference in 2 games? Isn't it? Yeah. That's crazy. Yeah, looking good so far. But a long way to go still. 5 games left in this group. Anything could happen. But the FIFA method of playing is scary. Yep, and a shock. I mean, can we say it's a shock after only 2 rounds that Unilad are at the bottom of the table? Definitely. Definitely a shock. These are, Gorilla is the current world champion of FIFA. And Shells was one of the top probably 3 or 4 players in the world last year, I'd say. I don't think they're going to keep getting those 0 points. I think they're going to get some wins very soon. Yep. But they need to pick them up. A lot of our audience might have been watching the Royal Wedding, Spencer, so should remind them about the format. This is what they're playing into today. So obviously we have 2 groups, which we will go through in a minute. And there's 8 teams within those 2 groups, and each team consists of 1 player for Xbox and 1 player for PlayStation, which actually can cause some problems if you are not used to playing on that console. And we have seen a couple of those in the tournament today, playing on a console that they're not necessarily as comfortable on. It's a round-robin format in the group stages. Each team plays 7 matchups, and a matchup is 2 legs. So that's 1 on Xbox, 1 on PlayStation. Like we said, it's the first 4 teams that will progress to the next round, and this is what we'll see tomorrow when we reach the knockout stage of the tournament. So knockouts are 2-legged formats with the aggregate score winning, progressing after 2 matches. So in the case of the draw, the game goes to extra time and penalties, and the first leg console is decided by a coin flip. Spencer, thank you very much for your time. We're going to get back into it and throw to our commentary team. It's Richard and Brandon. Thank you very much, Laura and Spencer. Looking at that table there before, we'll talk about that in a minute actually. We'll look at the featured game. You are joining us for round 3 of Group A action. It's going to be FC Basel up against Schalke. For me, this could be one of the best games. I know Unilad Basel was going to a big game. This one is both up there. Both players exceptionally strong. Both very confident as well right now. Obviously, the first game will be on the Xbox side of things. Tim Latka up against Cody the Finisher. What's he got for us? Yeah, it's a all Bundesliga affair as well, you could say. I shouldn't say that, actually, because... No, they've got German players playing for them. Affair, I should say. Too many Germans involved at the minute, but it's just the nation that's dominating Brandon. Currently, both of these players
Schalke especially need to get points. I didn't know how they're going to bounce back because they got battered 9-1 first leg against Method, which everyone seems to be getting beat by at the minute. We need to talk about them. They've scored 17 goals in 2 rounds of games here in Group A. 8-3 and 9-1 respectively, but Schalke did bounce back in the second round of fixtures, beating Boo eSports 5-1. FC Basel, it's been quite a neutral affair from at the minute. Cody got a 1-1 draw up against Gorilla first game, and then the Stranger came out and beat Shells 3-0 in that second round of fixtures. 2-2 the scoreline. Cody the finisher with the way that he does play his FIFA at the minute, quite a methodical pace. Drew 0-0 and then Stranger got a 2. Wir sind zurück und zwar mit einer deutschen, ausschließlich deutschen Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Basel. Also natürlich Duell eines deutschen Clubs und eines Schweizer Clubs, aber die beiden Spieler vom Schweizer Club FC Basel. Das ist eben Cody, der Finisher. Zum einen, den wir hier gerade in Action sehen, gegen Tim Latka. Und auf der anderen Seite The Stranger, der aktuelle deutsche Meister. Und insofern also, was die Spieler angeht, eine rein deutsche Angelegenheit. Ideals und Stranger sind meines Wissens nach auch Trainingspartner und sehr, sehr gute Freunde. Das heißt, das wird dann gleich im Rückspiel auch eine interessante Partie. Hier jetzt aber erstmal das Hinspiel auf der Xbox One. Und Cody, von dem, was wir vorhin gegen Gorilla, den amtierenden Weltmeister, gesehen haben, sehr ruhig heute, spielt wirklich erstmal vorsichtig auch sein zweites Spiel gegen 0:0 aus. Also da bin ich mal gespannt, ob er jetzt hier so ein bisschen seine Strategie ändert. Tim Latka ist aber auch eigentlich eher ein Spieler, der sehr schnell nach vorne spielt und sehr offensiv eingestellt ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Cody hier weiterhin versucht, ruhig zu spielen. Boah, dicke Chance schon mal für Tim Latka. Dreht sich gut raus, aber dann ist es der linke Fuß von CR7 und nicht die optimalste Ausrichtung. Dadurch also zu wenig Druck hinterm Ball und auch die Platzierung hat nicht ganz gestimmt. Aber ein erstes Ausrufezeichen vom Schalker, der ja auch seit Kind auf wirklich Schalke-Fan ist. Sich beim Knappen Cup, so hieß das Scouting-Turnier, damals durchgesetzt und als Spieler von Schalke qualifiziert hat. Schöne Story also mit ihm. Und jetzt ist er auch diese Saison in FIFA 18 bei den Global Playoffs dabei und hat die große Chance, sich für seine erste Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Daran ist er letztes Jahr immer wieder knapp gescheitert. Aber trotzdem für sein Alter und in seinem zweiten E-Sports-Jahr schon echt sehr gute Leistungen eingefahren. Und insofern denke ich, ist das hier zwischen den beiden auch ein 50-50-Spiel. Cody immer wieder noch mit leichten Fehlern, die es ihm dann eben verbauen, sein ruhiges Aufbauspiel in Torchancen umzumünzen. Und die sollte man sich nicht erlauben, denn dann wird ein ruhiges Spiel sehr schnell zu einem eher gefahrlosen und langsamen Spiel. Tim Latka auch immer wieder mit echt guten Skill-Moves, gerade die Ballrolle im perfekten Moment eingesetzt. Schwer zu verteidigen dann. Und bisher gehört ihm auch diese erste Halbzeit auf jeden Fall. Also Cody verteidigt vor allem, aber auch das gelingt ihm nicht zu 100%. Und dann, wenn er am Ball ist wie hier, weiterhin das Bild, dass er extrem ruhig spielt. Und für meinen Geschmack ist das halt ein bisschen zu ruhig, weil man muss sich Chancen erarbeiten. Und teilweise könnte er auch wirklich sicher nach vorne gehen, aber macht er nicht. Er bleibt einfach hinten ruhig. Und das kann ich nur darauf zurückführen, also das ist meine Interpretation, dass Basel hier eine klare Strategie hat. Cody irgendwie bloß nicht die Tordifferenz gefährden und alles andere regelt dann schon Stranger, der amtierende deutsche Meister. Cody bleibt dann auch einfach mal ein bisschen stehen hier auf der Stelle. Ja, den bringt gar nichts aus der Ruhe. Das ist echt. Er bleibt aber auch sehr lange immer auf der gleichen Seite. Also ja. Normalerweise würde ich sagen, wechsel doch mal mit einem Flankenwechsel, aber zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger wird hier eine Ballstaffette aufgebaut. Jetzt könnte es vielleicht mal nach vorne gehen, entscheidet sich aber auch gegen diesen Querpass. Jetzt spielt er ihn, Viera, steil, weiter auf Kanté, mal ein bisschen Tempo jetzt vielleicht.
Ja, das ist zu krampfig dann vorne. Ja. Es ist auch nicht der ganz natürliche Spielstil von Cody. Der greift eigentlich schon mehr an. Und ich denke, das beeinflusst gerade auch so ein bisschen seine Sicherheit und seine Automatismen, die er ja eigentlich hat. Aber wenn man eben sich selber aus dem Rhythmus bringt, ja, dann fällt es nicht mehr so leicht, den richtigen Pass zu spielen, das richtige Dribbling anzusetzen. Ja, diese Balance zu wahren in so einem ruhigen Aufbau, das ist eben die Herausforderung, die es zu meistern gilt, um weiterhin Druck auszuüben auf den Gegner und gefährlich zu bleiben. Das gelingt eben beispielsweise einem Deto fast in jedem Spiel, weshalb er so unglaublich konstant ist. Und dem Tim Latka, dem geht's wie Gorilla. Er läuft einfach nur hinterher und wird dann, wenn das so weitergeht, mit paar 20% Ballbesitz in die Halbzeitpause gehen. Jetzt mal unten den Platz nutzen. Außenverteidiger kommt mit. Marcelo. Jetzt ist die Möglichkeit da, den Stürmer anzuspielen. Und dann ist Tim Latka aber hellwach und zur Stelle. Das ist aus seiner Sicht wichtig, dass er nicht sich einlullen lässt, defensiv gesehen. Aber wenn er am Ball kommt, darf er auch nicht überhastet umschalten. Aus meiner Sicht war der letzte Pass gerade ein bisschen überhastet. Weil dann kommt er gar nicht mehr in den Rhythmus. Wenn er den Ball gewinnt, direkt wieder weggibt, dann weiß er, das geht irgendwann so auf den Kopf. Und er nervt dich dann mental so an, wenn du weißt, okay, Ball verloren, erstmal wieder 10 Ingame-Minuten, keine Chance an den Ball zu kommen, gefühlt. Aber er ist da konsequent. Immer wenn er den Ball gewinnt, versucht er es auszunutzen, dass Cody aufgerückt ist. Jetzt könnte das vielleicht mal ein bisschen ruhiger gestalten. Nach dem Einwurf, aber dann wird zur Halbzeit gepfiffen. Tim Latka ist nicht so wirklich amüsiert. 34% Ballbesitz. Wird er von seinem Teammanager so ein bisschen beruhigt. Tim is not amused. Und Cody, der ist ganz gemütlich. Den stört das natürlich nicht mit seinen 96% Passgenauigkeit. Und 45% Ballbesitz allein um die Mittellinie herum. Das ist schon krass. Also man sieht, er hält den Ball eigentlich so um die Mittellinie die ganze Zeit. Aber dann eben zu wenig Prozente in die gegnerische Hälfte hinein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der er auch noch arbeiten muss. Dass er eben die Gefahr nach vorne nicht verliert. Hier sehen wir ein paar Highlights von Venny, dem Engländer, gegen den Japaner Mkers. Zwischenzeitlich der Führungstreffer, aber Subaru Mkers gleicht dann aus. Und bei 1:1 ging es dann wohl in die Halbzeitpause. Hier sehen wir derweil das 2:0 von Ryan, kurz vor der Halbzeitpause. Gegen Brenner, den Brasilianer. Aber wir gehen jetzt hier wieder rein in die zweite Halbzeit des Hinspiels zwischen Schalke und dem FC Basel. Tim Latka spielt hier für Königsblau und Cody, der Finisher, im weißen Basel-Dress, vertritt entsprechend Basel und macht das vor allem mit sehr viel Ballbesitz. Mal schauen, ob er jetzt hier ein bisschen mehr nach vorne investiert in der zweiten Halbzeit. Aber auch da merkt man einfach, man merkt das so an kleinen Situationen. Er bleibt mit Ronaldo kurz stehen. Wenn er wirklich schnell vor das Tor will, macht er das nicht. Dreht sich immer wieder um die eigene Achse und dann sind es vorne aber auch einfach viel zu viele Fehlpässe. Also das mag ja ein Konzept sein, mit dem man keine Tore kassiert, aber so richtig welche damit schießen, wird auch schwer. Jetzt Tim vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger in dem Spielaufbau. Hat jetzt ja in der Halbzeit auch die Möglichkeit gehabt, nochmal mit seinem Teamkollegen Ideals zu sprechen, der vielleicht gesagt hat, es ist zwar gut, dass du immer wieder versuchst, dann auch die Fehler auszunutzen und schnell nach vorne zu spielen, aber pass auf, dass du die Bälle nicht unnötig weggibst. Oh, das ist jetzt ein Ballverlust. Der würde vielleicht gegen einen konterorientierten Spieler für Probleme sorgen.
Hat man auch gesehen, wie er kurz wieder den Kopf schüttelt und sich denkt, hey, jetzt habe ich dir hier schon so dumm den Ball gegeben, dann konnte er doch wenigstens mal. Aber Cody lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht war es sogar mit Absicht, um Cody irgendwie mal zu locken. Aber der lässt sich da nicht drauf ein. Jetzt überläuft mal Marcelo. Da ist Platz. Jetzt sollte es auch schnell gehen. Geht zur Grundlinie. Flanke. Ronaldo. Verliert aber das Kopfballduell gegen seinen Teamkollegen von Real Madrid, Marcelo. Und Walker und Maldini, die verstehen sich richtig gut. Also was mir gut bei Cody gefällt, wie er immer wieder dann den Gegner so ein bisschen ausmoved. Also er täuscht an, in die eine Richtung zu gehen, geht dann aber nochmal wieder in die andere, weil er natürlich sieht, anhand des roten Pfeils über dem Kopf, welchen Spieler Tim gerade steuert. Und wenn er sieht, dass er immer wieder den Passweg zuläuft, dann weiß er, dass er den Ball einfach halten kann, ohne dass ihm was passiert. Ja, aber Tim bleibt eben auch dabei, die Passwege zuzulaufen und geht nicht drauf. Wodurch sich dann natürlich auch in der Kombination von beiden eine abwartende Haltung ergibt. Jetzt hatte Rullet mal ein bisschen Platz, geht erstmal wieder zurück zu Kanté. Walker, Rullet, da war mal Platz in der Mitte, aber das sind die Momente, da müsste mehr Risiko gehen, so einen Pass dann eben auch mal zu spielen. Ball von alleine, von Zauberhand, werden sich die Tore nicht öffnen vom Schalker Strafraum. Jetzt in der Mitte, da hat er auch Vieira wieder unheimlich viel Platz, aber er bleibt da immer an der Flügellinie. Ich meine, Cody hat einen 40-0 geholt im Last Chance Qualifier in der Weekend League. Ja, da wird er eben auch schneller seine Räume bekommen als jetzt hier. Nimmt den Außenverteidiger mit, Marcelo. Aber es zeigt mal ganz schön, dass in FIFA nicht zwingend viele Tore fallen müssen, weil das war früher auch nicht der Fall. Früher wurde, also früher in Anführungsstrichen, sage ich mal, noch mehr so zu der Zeit, als es noch nicht vor Champions und sowas gab. Da wurde noch deutlich mehr so ruhig gespielt. Dann hat sich jetzt über Spieler wie Gorilla das schnelle Spiel durchgesetzt, kann man sagen. Aber es ist halt hier jetzt auch mal ein Beweis dafür, dass man FIFA 18 sehr ruhig spielen kann. Und das finde ich prinzipiell mal positiv, dass verschiedene Spielstile möglich sind. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, wo da eine Grenze zu ziehen ist, wo es ein bisschen zu viel wird. Aber das ist zumindest mal insofern ganz gut, dass bestenfalls halt alle Spielstile auch in der Fußballsimulation möglich sein sollen. Ja, Cody ist da auf jeden Fall der FC Bayern des eSports, zusammen mit Deto. Und Tim Latka mal im Strafraum. Seltenes Bild. Flanke an den zweiten Pfosten. Ramos! Was für ein Kopfball! Und jetzt wird aber auch mal so richtig der Jubel ausgepackt hier. Wow, also durchaus Feuer drin hier zwischen den beiden Deutschen. Tim Latka ist da überhaupt nicht einverstanden mit. Ja, da sieht man mal die ganze Sprungkraft von Ramos. Heftig, wie sich der Spanier da durchsetzt am zweiten Pfosten. Marcelo hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Position. Ja, und jetzt muss Cody auf jeden Fall schneller nach vorne spielen. Währenddessen sehen wir hier Gorilla erneut in Rückstand gegen Renzo von ECV eSports. Also für Unilad läuft das alles andere als gut. Wenn sie jetzt auch noch das dritte Spiel verlieren sollten, oder selbst wenn sie nur einen Punkt holen, dann wird es unangenehm. Scheint jetzt hier auch gerade mal ein bisschen drauf zu bleiben. Also Gorilla bei seiner Dreierkette weiterhin, ist auch unter Zugzwang. In den türkisen Trikots setzt Messi ein.
Boah. Was ein Tackling hier von Gorilla. Oh, und schön rausgedreht mit Kanté, Pfosten. Messi im Nachschuss. 3:3 Ausgleichstreffer. Also hier war die Ballannahme mit Kanté entscheidend und wie er sich da im Anschluss rausgedreht hat. Zum kurzen Pfosten hin. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Ne, es ist mal wieder so eine Wiederholung, die halt leider vom Tor nicht wirklich was zeigt. Und nochmal auch der Hinweis für alle Zuschauer bei YouTube. Wir haben nicht den entscheidenden Einfluss darauf, welche Spiele gezeigt werden, sondern wir kriegen das Signal, das Originalsignal auch des englischen Streams von EA Sports FIFA von vor Ort. Und werden dann also da drüber kommentieren auf Deutsch. Haben aber keinen Einfluss darauf, welches Spiel letztendlich gezeigt wird. Jetzt Renzo am 16er. Kriegt er irgendwie Messi angespielt. Hacke zu Hacke. Ronaldinho tackelt ins Leere und dann ist der Ball aber ein Stück weit zu weit vorgelegt. Gorilla jetzt nochmal mit der Möglichkeit. Messi macht einen richtig guten Laufweg da unten. Und jetzt vielleicht die Flanke mal reinspielen. Das wird erstmal spielerisch gelöst von Gorilla. Ronaldinho teilt den Ball weiter. Gorilla legt sich jetzt zurecht und dann wird es irgendwann schnell gehen. Vielleicht jetzt über R9, versucht es einfach mal. Kein Skill-Move, kein weiterer Pass. Also Gorilla da eigentlich wirklich immer variabel, immer mal wieder mit einer anderen Idee, wie er zum Torabschluss kommen möchte. Teilweise ist der Schuss auch mal das richtige, simple Mittel. Hier ist er dann aber an Renzo hängen geblieben und der macht ein richtig gutes Spiel soweit. Haben ja ganz kurzfristig erst erfahren, dass sie hier mitspielen können, weil Transfermarkt rund um den Superstar Nicholas nicht teilnehmen konnte, der krank ist. Ja, und mit dieser Aufgabe gehen sie gar nicht mal so schlecht um. Das zeigt einfach auch, wie klein der Unterschied ist zwischen Top-Spielern und Weltklasse-Spielern. Also, dass hier jemand so mit dem Weltmeister mithalten kann, ist schon richtig stark und hier macht er jetzt sogar das 4:3. Und der Manager im Hintergrund, der jubelt am lautesten. FIFA-Spieler haben sich oft auch angewöhnt, ruhig zu bleiben, weil es einfach alles so schnell gehen kann. Und wenn man zu sehr bei jedem Tor sich freut oder sich bei jedem Gegentreffer zu sehr in Rage bringt, dann geht das einfach auf die Konzentration. Auf jeden Fall. Und Frustration macht sich breit beim Weltmeister, bei Gorilla. Wäre jetzt gleich nochmal wieder eine Chance für Charles, sich Selbstvertrauen aufzubauen, weil wenn er das Team da durchcarryt, dann wird ihm das auf jeden Fall Rückenwind geben. Es wird nochmal umgestellt. Andere Dreierkette. Also einen Punkt sollte Unilet hier zumindest holen. Auch natürlich bei den Anweisungen und bei der individuellen Taktik wird alles auf Angriff gestellt. Ultra Attacking. Teampressing auch noch dazu. Also Gorilla schmeißt hier alles nochmal nach vorne. Schönes Dribbling mit Messi. Kriegt CR7 auch am Strafraum angespielt. So, jetzt sehen wir hier einen Übersteiger. Roulette versucht nochmal rückvoll reinzuspielen. Und der zweite Ball kommt zu Messi, der nächste auch. Und irgendwie geht der Ball hier rein. Was ein kurioser Treffer. Und beide regen sich ein bisschen auf. Gorilla regt sich auf, wie das Tor denn überhaupt erst so kurios zustande kommen konnte. Und Renzo natürlich total nachvollziehbar, dass der Ball dann irgendwie da noch reinkullert. Und keiner seiner Spieler, geschweige denn sein Torhüter, da noch in der Lage ist, den Ball rauszufischen. Also, so langsam aber sicher ist hier richtig Feuer drin bei den Jungs. Ja. Man merkt, die Gruppenphase, du gehst erstmal rein, hast 7 Spiele, denkst dir so, okay, ruhig bleiben, ist noch viel Zeit. Aber jetzt, wenn du eben schon mit 2 Niederlagen unterwegs bist, so wie Team Unilet, da liegen die Nerven blank. Hier sehen wir sogar nochmal die Torlinientechnik. Ja, wurde vorhin auch schon mal gefordert, dass man mal einen Videobeweis haben kann. Fand ich eine ganz lustige Idee. Und zwar, dass jeder Spieler pro Spiel 1 mal die Möglichkeit hat, den Videoassistenten anzufordern. Ja, das aber war hier natürlich ein in der Torcam, Ding. genau, sieht man nochmal, das war auf jeden Fall der volle Umfang und damit hier ein gültiger Treffer und der Ausgleich für Gorilla. Anstoß nochmal.
Den gilt es jetzt zu unterbinden. Und bei 3 Minuten Nachspielzeit hat Gorilla vielleicht sogar eine Chance, nochmal seinerseits zurückzukommen. Er hat den Ball. Jetzt muss ein bisschen schnell schauen, dass er nach vorne kommt, damit nicht abgepfiffen werden kann. Mit Messi jetzt einfach durchlaufen. Da ist Gorilla erfahren genug, um das zu wissen. Ist jetzt hier so langsam in der Zone des Spiels, wo nicht mehr abgepfiffen werden kann. Heel to Heel. Neymar aber stark verteidigt von Renzo und das dürfte es dann jetzt gewesen sein. Also mit dem 4:4 wird Gorilla nicht vollends zufrieden sein, aber immerhin ist es dann hier das Unentschieden, mit dem Scherz sich jetzt begnügen darf oder auch muss. Der Herr aus England, der in Foot Champions im Quali-Monat mal mit 160:0 durchrasiert hat. Also ein richtig starker Spieler, aber offline Pro vs. Pro läuft es noch nicht so ganz rund bei ihm. Jetzt gegen hier die etwas unerfahreneren holländischen Spieler vom ECV eSports vielleicht die Chance für Schelt, sich ein bisschen Rückenwind im Rückspiel zu holen. Ja, man sollte eigentlich meinen, dass er mit so einer neutralen Ausgangslage auf jeden Fall der Favorit ist. Aber wenn du eben nicht in Form bist, wenn dir das Selbstvertrauen fehlt, dann kann das gegen den Stefano Pina auch auf jeden Fall eine enge Kiste werden, denn der ist auch kein ganz so unbekannter Name in der FIFA-Szene. Ja, FC Schalke 04 eSports, also mit 1:0, wie es aussieht, ins Rückspiel gegangen. Tim Latka konnte diese Führung halten, was jetzt für mich auch nicht die allergrößte Überraschung ist, denn dafür hat Cody einfach zu wenig Gefahr ausgestrahlt vorne. Ja, und Method ist ja bis jetzt auch sehr gut reingestartet ins Turnier. Liegt jetzt aber gerade hinten gegen BU eSports. Und für die spielt Subaru Miki. Und der Kollege ist in FIFA 17 schon ziemlich erfolgreich gewesen. Ist der beste japanische Spieler, mehrfacher japanischer Meister. Und letztes Jahr auch beim FIFA Interactive World Cup Grand Final dabei gewesen. Passend dazu sehen wir gerade hier auch nochmal ein paar Highlight-Szenen vom letztjährigen großen Finale der Weltmeisterschaft. You saw the frustration on Dito's face. A massive, massive lead for Gorilla here in the Grand Finals. It's got to be! And Gorilla scores! England are victorious in London. Spencer Ealing, aka Gorilla, is the 2017 FIFA Interactive World Champion. Well, that's what happened last Schöne year. Szenen, schönes Highlight-Video, das können natürlich die Kollegen immer von der internationalen Übertragung. Das macht Lust auf mehr, da kriegt man auch selber als Ex-Spieler Malte, oder? Immer so ein bisschen wieder Ex-Spieler, Georg, ich bitte dich. Ja, also das, was du da fabrizierst am Controller, kann man ja schwerlich Spielen nennen. Wow. Abmühen. Komm on, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich habe gerade am Wochenende wieder zumindest mal Elite geholt in der Weekend League. Also, es kann schon wieder werden. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Nein, Malte, du weißt Ich habe nur die Gegenfrage, Georg. Wer war dieses Jahr beim VBL Playoff Event dabei von uns beiden? Ich mache nur Spaß. Wer war dieses Jahr mal Top 100 in der Weekend League? Nur mal kurz gefragt, Georg. Wer war dieses Jahr eigentlich beim Playoff Event der Deutschen Meisterschaft von uns beiden dabei? Von uns beiden? Ja. Lass mich kurz überlegen. Also ich war es ja nicht. Ich weiß die Antwort. Ich weiß ja nicht, aber du, Malte? Nein, natürlich, Malte. Das war eine sehr starke Leistung. Hast du gut gemacht. Ja, vor Ort leider nicht, aber ja, dabei ist alles, ne? Dabei sein ist alles, ganz genau. Kurze Frage, warum glauben Leute, dass E-Sports eine Sportart sei? Das ist natürlich eine häufig gestellte Frage und meine Meinung dazu ist, dass es ein bisschen eine Frage ist, wie man Sport definiert. Also es gibt natürlich Sport, der sehr physisch ist, wo man körperlich komplett fit sein muss. Und da kann man beim E-Sport jetzt nicht behaupten, dass man ein Spitzensportler nach dem physischen Maßstab sein muss. Aber es hilft auf jeden Fall, um mental stark zu sein. Und es gibt Sportarten, da sind halt die kognitiven Fähigkeiten wichtiger, dass man mental lange konzentriert bleiben kann, wie zum Beispiel Schach, was als Sportart anerkannt ist. Und mindestens dadurch bin ich davon überzeugt, dass E-Sports auch eine Sportart ist. Und ich kann nur sagen, wenn wir schon gerade beim Thema sind, dass wir auch mal Turniere hier und da spielen, wenn man sich über ein paar Spiele hinweg voll konzentriert, da kommt man wirklich ins Schwitzen und merkt,
Das beansprucht den Körper komplett, nicht nur den Kopf, sondern man spürt das einfach, dass es richtig anstrengend ist. Und deswegen, für mich, wenn man das Gefühl hat, etwas strengt einen wirklich an über eine längere Zeit, dann ist das für mich schon eine Form von Sport. Ja, und aus meiner Sicht ist es auch körperlich auf jeden Fall, wenn es jetzt von der Trainingsintensität immer professioneller wird, eine körperliche Anstrengung. Zwar natürlich bestimmter Muskelgruppen, im Falle des E-Sports natürlich vor allem Hände, Unterarme in dem Bereich, aber das sind auf jeden Fall Belastungen, auch bei den Aktionen pro Minute. Nicht nur bei FIFA, natürlich noch mehr in anderen Sportarten bzw. Spielen, League of Legends, ja, StarCraft, Dota, da sind natürlich die APM, die Actions per Minute nochmal höher, aber das sind wirklich Belastungen, die sind nicht zu unterschätzen und natürlich haben da auch verschiedene Leute verschiedene Definitionen von, aber ich bin auch der Meinung, wenn du bei Olympia Leute hast, die auf Zielscheiben schießen mit Pfeil und Bogen oder auch mit ja, Sportwaffen, dann sieht das im ersten Moment auch nicht wie die allergrößte Belastung aus. Und die ist es aber konzentrationstechnisch und auch körperlich in diesen spezifischen Zonen eben. Und das, denke ich, ist ja, beim motorisch E-Sport vor allem auch sehr ähnlich. stark. Ganz genau, ja. Wir gehen rein hier in das Rückspiel zwischen Basel und Schalke, und Stranger, der macht da weiter, wo er bisher aufgehört hat im Turnier, nämlich mit überragenden Leistungen. Einfach immer wieder sehr cleane Angriffe. Auch hier spielt er es gut zu Ende und sieht dann die Möglichkeit, so einen Schuss mal direkt zu nehmen. Und ich glaube, Tim Latka, der hat erstmal den Mertesacker gemacht und sich in die Eiswanne gelegt, um mal kurz abzukühlen nach diesem durchaus hitzigen Spiel. Denn da hinten rechts ist der Hocker frei. Ja, vielleicht steht er aber auch an der Seite. Man sieht ihn gerade nur nicht im Bildausschnitt. Könnte sein. Auf jeden Fall hier direkt mal der Ausgleichstreffer. Gleich am Anfang mühsam von Tim Latka erarbeitet im Hinspiel gegen einen sehr, sehr defensiv agierenden Cody. Und Stranger gibt dem Ganzen hier keine vollen 5 Minuten gefühlt. In-game, versteht sich. Und schon steht es wieder 1:1. Erster Angriff jetzt aber auch auf Seiten Ideals. Und wie gesagt, die beiden sind gute Freunde, Stranger und Ideals. Trainieren auch regelmäßig miteinander, wissen also ganz genau, wie der jeweils andere spielt. Ja, und dadurch vielleicht Ideals auf jeden Fall besser gewappnet gegen den Spielstil vom deutschen Meister als so einige der internationalen Leute, die hier unterwegs sind und nicht so häufig die Ehre haben. Auf jeden Fall, also gerade auch Topspieler, die einen speziellen Spielstil haben, spielen nicht gerne in offiziellen Turnieren gegen ihre Trainingspartner, weil die eben ihre Stärken noch besser kennen als der durchschnittliche Gegner. Oder die Art, auf wie man verteidigt. Man hat dann einfach schneller ein Gefühl, kann ich mich oben rum rausdrehen, kann ich mich unten rum rausdrehen. So eine Kleinigkeit, wenn man sich gut kennt. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr gegen eure Kumpels spielt. Man weiß einfach, man ist so ein bisschen im Kopf des anderen drin, was da passiert. Und dann geht es schnell ins Metagame. Schöne Hacke zu Hacke, das ist allerdings abseits. Mal parallel zum Strafraum dieser Trick angesetzt. Schöne Variation. Dann hat aber das Passtiming im Anschluss nicht ganz gestimmt. Und deswegen hier also keine Torgefahr. Die könnte jetzt auf der anderen Seite entstehen. Gibt aber erstmal die Freistoßsituation. Wird jetzt sicherlich hier einen kurz ranholen. Ideals spielt mit Pelé von Anfang an. Von ihm ist ja auch vor einiger Zeit die 98er Prime-Version erschienen. Die bestbewertetste Ikone in FIFA 18. Ja, und trotzdem wird sie vergleichsweise selten gespielt. Weil sie körperlich oder vom ganzen Player-Model irgendwie nicht so richtig stark ist. Also robust ist ja vielleicht die bessere Beschreibung. Stranger über Kanté. Jetzt ist er am Strafraum. Das wird gefährlich. Erneut der Hacke zu Hacke. Ideals aber defensiv soweit auf dem Posten. Ja, auch im Spielaufbau macht das, finde ich, gut gerade hier, wie er über die druckvollen Pässe geht, dann aber auch kurz wieder verzögert. Recht zielstrebig trotzdem, also es war jetzt ein schönes, schnelles Umschaltspiel. Kann den Ball jetzt hier so ein bisschen laufen lassen und ist wirklich jetzt in der gefährlichen Position hier. Und der zweite Ball kommt zu Ideals zurück und er macht das 1:1. Und auch da kommen mal ein paar Emotionen raus. Und ich glaube, so wie er sich nach außen gefreut hat, ist Tim Latka da, glaube ich, schon noch an seiner Seite. Und der pusht sich hier nochmal richtig. Also Ideals ist richtig heiß. Der will auch einfach mal
für Schalke beweisen, dass er ganz oben mithalten kann. Ihm fehlt noch so ein bisschen der große Erfolg. Dennoch eine sehr starke Entwicklung auch, die er zurückgelegt hat über die letzten Jahre. Sich auch dieses Jahr für beide Foot Champions Cups qualifiziert, allerdings noch nicht den Platz bei den Global Playoffs klar machen können. Hier die erneute Chance dafür. Stranger mal mit einem Versuch, aber aus der Position ist dann doch die Wahrscheinlichkeit, das Tor zu erzielen, gen Null. Selbst mit einem Icon Ronaldo. Maldini ist weit aufgerückt, den zieht er jetzt auch noch ziemlich weit nach vorne in der Defensive. Jetzt auch noch falsch antizipiert, also da muss jetzt hinten sich so ein bisschen eine Dreierkette formieren, aber schnurstracks läuft da die Ikone dann wieder in Position. Und weil Deals es ein bisschen ruhiger angehen lässt. Also jetzt hier wieder erstmal die Stabilität bewahrt, aber im Anschluss daran sieht das bei Stranger gar nicht mal so souverän aus. Und da wird jetzt sogar eine Pause angemeldet und ich kann mir vorstellen, er wird von seinem 4-2-3-1 weggehen und vielleicht auf das 4-2-2-2 umstellen. Das ist meist so seine Zweitformation, auf die er zurückgreift. Hier hat man es mal ein bisschen gesehen, da fehlt Pelé aus meiner Sicht einfach der Körper, um sich da mal reinzustellen. Man kann ja mit der L2 bzw. LT-Taste den Ball abschirmen. Protect the Ball nennt sich das Ganze. Muss man immer dann, wenn der Gegner nah rankommt, einmal die Taste drücken, dann schiebt man wieder kurz seinen Körper davor. Und so Spieler wie Pelé kriegen das halt nicht ganz so gut hin, wie zum Beispiel Spieler wie CR7, die einfach auch eine krasse Physis haben, oder auch natürlich Prime R9. Schönes Kombinationsspiel jetzt hier von Stranger. Das sind immer wieder simple Pässe, aber die Timings sind gut. Er weiß, wann kann ich einen Pass spielen, wann kann ich ihn nicht spielen, wann muss ich dribbeln oder abwarten. Aber Ideal schlägt sich gut und hat jetzt hier wieder eine Kontermöglichkeit. Wenn Pelé den Raum hat, ist es natürlich ein hervorragender Spieler. Starkes Dribbling und einfach insgesamt Top-Offensivqualitäten. Wow, von Stranger so lange gewartet auf das perfekte Timing und das hätte auch beinahe erwischt. Fußspitze vielleicht von R9, die da im Abseits stand. Ja, ich muss echt nochmal sagen, ich finde das super, dass das Coaching jetzt wieder erlaubt ist hier bei dem Event, weil das ist einfach eine ganz große Komponente für einen Spieler, ob man jemanden an seiner Seite hat. Ich meine, das ist Geschmackssache, aber wenn man es möchte, ob man jemanden an seiner Seite hat oder nicht. Weil so ein Blick von außen, oder sei es nur mal ein Zuspruch oder ein hey, du machst das noch oder ähnliches, das ist mental wichtig, das ist aber auch taktisch wichtig, wenn einer sagt, hey, du spielst gerade zu viel über die eine Seite oder versuch doch mal wieder dies oder das. Also ich bin da auch ein Spieler, der das auf jeden Fall bevorzugt. Und umgekehrt habe ich auch hier und da schon Spieler gecoacht. Es macht einfach immer auch richtig Spaß, da an der Seite zu sein und hat nochmal so eine weitere Dimension. Ich bin mal gespannt, ob das übernächste Woche bei den Global Series Playoffs auch erlaubt ist. Ich meine, in jedem Sport wird gecoacht. Insofern weiß ich nicht, warum man sich da in FIFA so gegen wehren sollte. Als Veranstalter. Weil die Spieler befürworten es soweit ich es im Überblick habe, alle. Also diesmal der Mann von Schalke, der ballbesitzdominante Spieler. Und wir springen mal rüber zu Unilad. Schon zu den Highlights. Shells da nämlich mit 0:1 im Rückstand gegen Stefano Pina. Das läuft nicht so richtig. Aber hier scheinen wir jetzt den Ausgleich zu haben. Jawohl. Stark. Gut gespielt und Vera mit links mit einem echt guten Abschluss. 1:1 Ausgleichstreffer. Und damit scheint es jetzt also gerade insgesamt 5:5 zu stehen. Wir gehen aber wieder rein. Zweite Halbzeit von Ideals gegen Stranger. Schalke gegen Basel und wiederum ist es der erste FC Basel, der hier direkt in der Anfangssituation den besseren Start erwischt. Und einen Elfmeter bekommt. Jawohl. Da regt sich Ideals natürlich so ein bisschen auf. Hier sehen wir nochmal das Einsteigen gleich mit Marcelo. Nein, das wird weggedrückt. Bin mir nicht ganz sicher, was da der Verursacher war. Auf jeden Fall verwandelt Stranger den Elfmeter souverän und geht wiederum 2:1 in Führung und damit also overall der Ausgleichstreffer.
Und Markus sagt es gerade im Chat nochmal beim Stichwort Coaching. Das Problem war halt bei den ersten beiden Major-Events der Season so ein bisschen, da saßen die Spieler halt nah beieinander, als sie gespielt haben. Und einige wollen sich halt komplett aufs Spiel konzentrieren, andere wollen gecoacht werden. Aber es stört natürlich diejenigen, die sich einfach nur auf ihr eigenes Spiel konzentrieren wollen. Was ich, finde ich, bei dem Event jetzt hier gut machen, dass sie so kleine Spielerboxen gemacht haben, wo man selber, möglicherweise man möchte mit seinem Coach, seine Ruhe hat und der Gegner eben in einer anderen Box sitzt und man sich so gegenseitig nicht so groß stören kann. Ja. Das ist natürlich auch bei den anderen Events so ein logistisches Problem, wenn du 128 Spieler plus Begleitpersonen dann hast und die Stationen eng beieinander stehen. Deals mit einer Freistoßvariante. Versucht da in die Mitte reinzuziehen. Stranger kann aber den Ball erobern und leitet jetzt die Umschaltaktion ein. Verzögert nochmal kurz und macht es jetzt ganz ruhig. Nimmt den Außenverteidiger mit, um eine Überzahl zu kreieren außen. Jetzt geht es in die Mitte rein. Wunderbar prallen lassen. Das sind eben diese kleinen Elemente, die den Unterschied ausmachen, ob man da den Ball verliert oder einen gefährlichen Angriff aufbauen kann, indem man das Tackling umspielt, auch wenn es eng wird. Bisschen Glück, dass er jetzt hier nochmal rankommt. Weiterer Doppelpass. CR7 im Duell mit Rullet. Legt nochmal zurück. Viera, Druckpass, Messi. Und dann ist Ferdinand zur Stelle und es gibt einen Freistoß. Ja, der Vorteil diesmal, war noch nicht ganz zu Ende. Schauen wir mal auf die Variante. Zweimal drüber gelaufen. Jetzt wird wahrscheinlich quergelegt. Ronaldo zieht ab und abgefälscht. Und dann kein Problem für den Torwart. Gutes Pressing hier von Stranger. Aber auch von Ideals richtig erkannt, dass er da einmal zum Torhüter zurückgehen muss. Gefällt mir gut, wie er die Balance findet aus Ballsicherheit und trotzdem dann, wenn sich die Räume ergeben, auch den Mut, schnell nach vorne zu spielen. Das war jetzt mal ein eher unnötiger Fehler im Spielaufbau und damit die Chance für Stranger für den Konter. Rullet macht einen richtig guten Laufweg. Jetzt wird es unangenehm. In der Mitte, aber Ideals kommt mit Ramos dazwischen. Der Ball ist aber noch nicht ganz geklärt und es gibt hier nochmal die Ecke. Und wir sind gespannt, welche Umstellungen vorgenommen werden. Erstmal wieder frische Spieler bei Ideals. Neymar hat er vorne reingebracht und auch trotz Son, die 92er-Karte, kriegt hier eine Chance. Entscheidet sich jetzt für Ronaldinho auf der linken ZOM-Position. Also 3 Wechsel beim Schalker. Strangers Seite haben wir jetzt nicht gesehen, aber auch er wird sicherlich frische Spieler reinbringen. De Gea mit Problemen und das gibt beinahe die Nachschussmöglichkeit. Oder es gibt sie, aber der Schuss wird geblockt. Insofern segelt jetzt gleich ein weiterer Ball dort bei 5 Metern in den Strafraum. Ronaldo steigt hoch. Am Ende kann es Ideals entschärfen. Das ist so offensichtlich, wie er da lange mit Marcelo läuft. Hat so ein bisschen das Timing verfehlt für einen anderen Pass. Und irgendwann ist klar, dass er in die Mitte spielen will. Und ein Stranger weiß das natürlich. Das sind alles so kleine Ballverluste, die mal nicht so schlimm sind. Aber wenn sie sich eben häufen, dann wird Stranger das irgendwann bestrafen. Und so geht er jetzt hier tatsächlich wieder in Führung und dreht die Partie. Ideals ist ja mit einem Treffer Vorsprung dank Tim Latka in das Spiel reingegangen und Stranger hat es jetzt hier wieder gedreht und Basel führt damit 3:2 in der Gesamtwertung, aber ein bisschen Zeit ist hier noch in der Partie. Mal schauen, ob Ideals da nochmal zurückkommen kann. Das Ganze befindet sich hier wirklich auf Messerschneide. Eigentlich eine sehr ausgeglichene Begegnung zwischen den beiden. Stranger dann vorne mit den klareren Aktionen. Da fehlt Ideals noch manchmal an den zwingenden Aktionen, an den kreativen Ideen, um dieses Bollwerk zu überwinden. Der deutsche Meister, der nimmt das Zepter hier in die Hand. Der ist wirklich einer, den willst du auch im Rückspiel haben, wenn er ganz genau weiß, was er abliefern muss. Und es gibt hier den Freistoß.
wo ich fast sagen würde, das hätte Pelé auch noch lösen können, wenn er den Ball hier wieder bekommen hätte. Naja. Gelbe Karte obendrein für Gullit. Sehen jetzt hier nochmal die Grätsche. Und eben gab es eine gefährliche Abschlussposition. Mal schauen, welche Variante er dieses Mal auf Lager hat. Gullit läuft rüber. Neymar ebenfalls. Und auf Ronaldo wird kurz gespielt und direkt der Schlenzer. Aber da war die Ausrichtung nicht ganz sauber. Und dadurch kommt nicht genug Druck hinter dem Ball. Also weiterhin die Chance für Ideals hier zurückzukommen. Will die Linie runterspielen, aber auch der Pass ist ein bisschen offensichtlich. Und Stranger kommt gerade immer besser in die Zweikämpfe. Gullit jetzt perfekt durchgelaufen. Das dürfte es jetzt hier sein. Aber De Gea mit seiner Spezialfähigkeit, den Fußparaden, ist hier nochmal zur Stelle. Der Ball ist aber weiterhin heiß. Gullit, perfekter Heel-to-Heel. Das macht Stranger einfach immer wieder so gut. Und dann ist es hier das 4:1 in der Gesamtwertung, das 4:2. Einmal mehr mit einem simplen Skill-Move den Raum erarbeitet, die überraschende eine Aktion gesetzt. Und damit sieht es für Ideals jetzt hier schwierig aus. Er geht ins 3-4-3. Aber Stranger ist als amtierender deutscher Meister einfach jetzt auch von seinem Mindset so, dass er genau weiß, wie er die Spiele runterzuspielen hat. Und das wird jetzt sehr schwer, wenn nicht fast unmöglich aus meiner Sicht hier für Ideals, da nochmal zurückzukommen. Es ist faszinierend, dieser Stranger. Ja, das ist echt, das sieht so simpel aus die ganze Zeit. Und mit einer Ruhe agiert er da inzwischen. Mit einer Selbstverständlichkeit, dass er sich da hinsetzt und weiß, ein Tor Rückstand, ja. Kein Problem. Dann gewinne ich eben hier einfach mal 4:1. Hacke zu Hacke, Flachschuss. Das Timing beim Hacke zu Hacke ist einfach so wichtig. Er steht so ein bisschen, der Innenverteidiger steht mittiger als er selber, das heißt, er kann außen vorbeigehen mit dem Heel-to-Heel und da kommt man kaum noch dazwischen. Und Stranger erkennt einfach immer wieder sehr gut, wie er das Timing machen muss für so ein Heel-to-Heel. Viel mehr Skill-Moves macht er auch nicht großartig. Also das ist halt auch das Faszinierende. Ansonsten vor allem viel über intelligente Ballverteilung. Jetzt sehen wir hier auch die Statistik. 3:10 Schüsse, also das ist auch verdient. Letztendlich hier gerade in der Schlussphase Stranger der bessere Mann. Und bei Ideals läuft jetzt nicht mehr so viel zusammen. Schenkt eine Ecke her. Auch da auf engstem Raum immer wieder der richtige Moment für den Pass, den er da findet. Ja, und da kann auf jeden Fall auch Cody noch ein bisschen was dazulernen, wenn es letztendlich um die zwingenden Aktionen vorne im letzten Drittel geht. Ich denke, da sollte einfach mehr Risiko gehen. Dann kann er durchaus auch mal im Hinspiel vorlegen mit einer Führung. Ja. Er sagt halt selber, er hat immer so seine Probleme, sich auf die eSports-Version einzustellen. Und aus dieser Unsicherheit, dass nicht alles so läuft, wie es gewohnt ist, resultiert dann, glaube ich, auch dieses wirklich vorsichtige Spielen. Ja, hier hat halt einfach wirklich die Dimension, dass Stranger da ist. Ja. Und es jetzt nun mal so ausgelost wurde, hier das erst auf der Xbox gespielt wird. Und dann muss man schon sagen, ist das taktisch jetzt nicht doof, da erstmal auf Sicherheit zu setzen. Nochmal jetzt eine Möglichkeit vielleicht. Aber die Flanke wird geblockt. Landet dann in den Armen von David De Gea. Und eine letzte Aktion möglicherweise für den Mann vom FC Basel, den ESL-Meister, den amtierenden deutschen Meister, den Global Playoffs-Teilnehmer. Kurz einen der besten Spieler der Welt. Sogar Schweizer Vizemeister ist er zuletzt noch geworden. Also auch in der Schweiz hat er teilgenommen und um einen auch da den Titel geholt. Wer ist denn ein Schweizer Meister geworden? Ein Schweizer Spieler, der vergleichsweise unbekannt ist. Oh, okay. Ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt nicht und ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, wie der Nickname nochmal war. Aber er hat ihn im Finale dann tatsächlich geschlagen. Und das muss man erstmal schaffen, sonst wäre er in der Form.
Jetzt gibt es nochmal die rote Karte für Ideals. Also der Schiri ist auch nicht sein bester Freund mit dem Elfmeter und jetzt der roten Karte. Da wechselt er jetzt sogar auch nochmal. Und ich denke, das ist legitim, denn das Torverhältnis kann am Ende eine Rolle spielen. Und da willst du dir jetzt nicht aufgrund des fehlenden Innenverteidigers in der letzten Aktion noch ein weiteres Gegentor fangen. Insofern finde ich das gut, dass er hier nochmal wirklich bis zum Ende die Konzentration hochhält, um alle Varianten bis zum Schluss offen zu halten. Beinahe wäre es soweit gewesen. Doch, hier kriegt Stranger nochmal den Ball. Ronaldo wird abgedrängt und jetzt sollte es den Abpfiff geben. Das ist der Fall und Basel fährt 3 weitere wichtige Punkte ein. Jetzt also mit 2 Siegen und einem Unentschieden bei 7 Punkten insgesamt. Und das, denke ich, wird sie auf jeden Fall in eine gute Ausgangsposition hier bringen. Ja, wir werden die Tabelle wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Ansonsten können wir auch unser Tool hier öffnen und euch gleich einen Überblick geben. Aber ich würde mal kurz abwarten, weil bis jetzt wurde sie eigentlich immer zwischen den Spielen kurz gezeigt. Jawohl, da haben wir sie. Also Method geht ziemlich unter gegen Bio eSports mit 2:8. ECV eSports trennt sich 5:5 am Ende von Unilad, beziehungsweise eventuell laufen da noch Spiele, das wissen wir nicht ganz genau. Schalke verliert also mit 2:4 gegen Basel und Hashtag ist richtig gut unterwegs, gewinnt hier mit 7:2 und setzt sich damit also an die Tabellenspitze und es wird dann ein sehr interessantes Matchup geben zwischen Hashtag Academy und dem FC Basel. Und ich denke, da wird es vor allem auch auf Cody, den Finisher, ankommen. Wie er das erste Spiel gegen Hashtag Ryan gestalten kann. Wir schauen hier jetzt nochmal kurz in den Beitrag rein. Und es sieht danach aus, dass wir hier also nochmal auch seitens EA in eine Pause reingehen und insofern schnaufen auch wir nochmal durch und dann geht es gleich in die vorletzte Runde des heutigen Abends in Runde 4. Danach haben wir dann also noch Runde 5 für euch und morgen gibt es dann die Entscheidung in der Gruppenphase. Ein ziemlich cooles System, wie ich finde, und wir sehen uns dann also gleich wieder mit der nächsten Runde. Bleibt dran, bis gleich.
call. Crossed in. Oh, my word. Well, pick that out the net, ladies and gentlemen. You don't see them often from a corner. Ronaldo. Who else? Hello, welcome back to Paris for the eClub World Cup, and alongside me I have Spencer Owen and of course Ivan Lepagna, who's just played for #United, and you guys are top at the moment, which is pretty good. How are you feeling about it? Of course, it feels very good. Nice start, and we have 9 points after 3 games, so that is maximum points. I think at the moment we're playing good. We didn't play, I think, maybe if you're looking at the table, the best teams yet. But I think if we keep doing like this, we can go through. You're used to playing as an individual. We've seen that Yes. before. You made the semi-finals in 2016 as well, didn't you? What's it Correct. like playing in a team? Well, of course, it's very different. You have some different kind of pressure because if you're losing, you not only like playing down yourself, but also your team. And I think especially that second game, if you play the second game, either, I mean, you have to keep the lead or you have to make some kind of comeback. So that is, I think, special pressure. You signed for #United. How's it been since you joined? Fantastic. It's Do been you have to say that because he's there, right? Under contract. Under contract. No, but it's been very good. I mean, I signed 2017, so this is my second year, and I think the team is just getting better and better. Yeah, and talking about this next game. Yes. Schalke. Yeah. Okay, big game. You're going up against Ideals. Do you know anything about him? Played against him before? Actually, I never played him. I know Schalke has also Latka playing on Xbox, who is considered to be one of the best players. But Ideals made it into the last tournament in Manchester, and I mean, making it into such kind of tournament, you're a quality player, so it's definitely not going to be an easy game. Definitely not. Big one. Best of luck, mate. Thank you very Keep much. up the good work. Yeah, well done. All right, now let's get into our play now. It's Basel and BU eSports. Yes, thank you very much. Great to hear from Ivan. He's been around, as we say, for a long, long time. Playing for #Academy here, but here is BU eSports. We haven't seen these guys on the stream just yet, but they are 2 experienced Japanese players, especially Subaru Mikey, who's been around for a very long time. Of course, they're up against FC Basel. That's going to be Cody, the finisher, and the stranger who has been on fire so far. Cody himself on the screen there still only had 2 draws and 1 loss, so yet to pick up points really for his team. And of course on the other side is going to be Subaru Mikey, who's been around in the scene for a very long time, Joe. He has been at the FIFA Interactive World Cup representing Japan for many years. Yeah, exactly. Definitely top of the scene over there in Japan. That's no question about that one. Obviously, they came to that Asia-Oceania qualifier, which is, you know, no small feat in itself. A lot of the top Australian squads were present in that one. But Basel, for me, you know, they've got 2 very stable players. Obviously, the stranger, Virtual Bundesliga, done really well in that this year with a win. Cody, we saw already last year in London exactly what he can do. As you mentioned, though, 2 draws and a loss today. And I'm wondering if this is some kind of tactic where they really do say, you know, Cody, play very stable, no risks in game number 1. Okay, that means you get a couple of draws. It mean you're edged out 1-0 here or there. But generally, you're going to take also maybe a couple of wins from 1-0 victories. So it's an interesting tactic if that were to be the case, and then to really rely on the stranger to be putting them away in game number 2. But we'll find out how this one all works out. Subaru Mikey playing in the red from left to right, and of course Cody in the white from right to left. It's also a strategy, right? I mean, I guess you look at your opponents, and we just heard from Boris say he hasn't played against Ideals, but generally you either have played against your opponent or you know him from tournaments. So you can sort of gauge yourself. I mean, obviously every player likes to think they're the best in the world, but realistically you can gauge yourself and say, okay, I'm going to struggle against my opponent, so I'll play it tight and cagey. And then you look at your other opponent and think, okay, you've got a really good chance. So what I'll do is I'll try and minimize the deficit, hopefully maybe snatch a win or draw, and then over to you to sort of punish them. And that's what we just saw, obviously, in the previous matchup with FC Basel. You know, Cody going down to Tim Latka. Yeah, he lost to him, but it was only 1-0 defeat, right? Over to you, Stranger, and Stranger has been punishing people so far in this tournament.
We're obviously only into the fourth game, but we've already had some very entertaining 3 matches. And FC Basel haven't picked up quite maximum points, but very close to. I think hashtag Academy, the only team to pick up maximum points so far in this group, as we see them trying to put pressure on. Not really working out for them, though. It's going to be BU eSports once again on the attack. Yeah, just saw a bit of a score flash in there, obviously from the other games that are going on. Renzo versus Brenner, 1-0 for Brenner. Und da sind auch wir wieder zurück hier mit dem deutschen Kommentar im Livestream bei Sport1. Und wir haben einmal mehr Cody, den Finisher, beziehungsweise Basel hier, gegen das japanische Team rund um Subaru Miki, den mehrfachen japanischen Meister. Und der legt hier direkt mal richtig gut los. Schöne Ballrolle, Cody damit ausgemoved, dann geht's schnell und dann diese Schusstäuschung hier am Ende. Auch eine Möglichkeit, offensiv für Variation zu sorgen, die man gar nicht mehr so häufig sieht. Also es ist einfach auch so, man hat in FIFA 18 so viele Möglichkeiten, da die Balance zu halten und immer wieder zu wissen, was kann ich nochmal alles eingeben, ist recht schwierig. Deswegen haben die meisten Spieler nur so 4, 5 Skills im Repertoire, die sie immer wieder machen. Und Georg und ich haben beide gerade schon festgestellt, wir freuen uns mal zu sehen, wie hier der beste japanische Spieler so FIFA spielt. Auf jeden Fall. Und ich habe von ihm schon einige Highlight-Szenen gesehen und muss sagen, mit den Skill-Moves ist er auf jeden Fall sehr talentiert. Vorhin habe ich von ihm diese Variation gesehen, Ballrolle into Heel-Chop. Es gibt ja den Ballrollen-Flick und es gibt die Kombination Ballrolle-Heel-Chop direkt hinten dran. Und die hat er eingesetzt, gewinnbringend zum Torerfolg. Und der Gegner damit komplett ausgemoved. Also was die Skill-Moves angeht, denke ich, muss man da auf jeden Fall ein wachsames Auge auf ihn haben. Denn da kann man sich so einiges noch abschauen. Auch den Ballrollen-Einsatz hier immer wieder von ihm in den kleinen Spots, wo er einem Tackling ausweichen will. Also das ist schön anzuschauen. Und bisher ist er der spielbestimmende Mann. Und das gegen Cody den Finisher. Also vielleicht findet er hier die Lösung. Ich meine, Tim Latka hat es letztendlich mit einer blitzschnellen Offensivaktion hinbekommen. Er zeigt vielleicht mal, wie man auch ballbesitztechnisch Paroli bieten kann. Mal schauen, ob hier je nach Spielverlauf Cody auch mal wieder ein bisschen mehr in die Offensive investiert. Ich habe gerade auch mal bei Twitter reingeschaut. Nach dem Siegtreffer von Tim Latka ging es da auch ganz gut zur Sache. Man hat schon gemerkt, dass so eine Spielweise polarisiert. Einige Deutsche haben sich kritisch geäußert. Einige internationale Spieler haben so ein bisschen, sag ich mal, humorvoll über das Ganze kommentiert. Agge zum Beispiel von Hashtag United oder auch Kurt haben sich geäußert. Und Kurt hat zum Beispiel geschrieben, dass er sich wünscht, dass in FIFA 19 die Skill Gap wieder größer wird, dass man nicht so einfach verteidigen kann. Oder auch Kevin Assia meinte, er hat das Gefühl, es ist viel zu einfach, in FIFA 18 hintenrum zu spielen. Also da kam durchaus Kritik. Und ich denke, das eine wäre, das Spiel ein bisschen zu verändern. Ich weiß aber nicht, ob das Beste ist, weil ich finde es eigentlich legitim, ruhig zu spielen. Für mich wäre dann eher die Frage, ob man das Regelwerk ändert, dass man sagt, es gibt einen Timer, wie lange man in der eigenen Hälfte sein darf oder ähnliches. Weil für mich ist es okay, wenn man gewisse Regeln auf FIFA anwendet, die es so im Fußball nicht gibt, um dieses Spiel eSports tauglich zu halten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es jetzt nicht so schlimm fand. Aus meiner Sicht war es halt auch einfach so, dass die Gegenspieler, Mickey mit der nächsten Chance, er macht das hier wirklich sehr, sehr gut offensiv, dass die Spieler einfach den Ball Cody immer wieder hergeschenkt haben. Natürlich hat es der dann enorm ruhig gemacht offensiv. Sehr, sehr ruhig. Ich meine... Das ist ja mein Punkt. Ich sage ja nicht, dass, es war nicht, dass er nicht gut verteidigt wurde. Herum, insofern. Ja, oder dass man sagt, so und so oft muss man auf den Torabschluss gehen oder irgendwas. Also ja, ich glaube, das macht es dann sehr kompliziert. Ja, aber ich finde das nicht so schlimm, wenn das nochmal eine weitere Komplexität bekommt. Natürlich, für uns als Kommentatoren und vor allem auch für alle Zuschauer wird es dadurch nicht einfacher. Aber aus meiner Sicht, rein jetzt aus dem sportlichen Aspekt, könnten so ein paar Regeln die Skill-Komponente erhöhen, weil man kann nicht alles nur mit dem Spiel machen, aus meiner Sicht. Dafür ist Fußball einfach ein Spiel, wo es hier und da Varianz gibt und ich weiß nicht, wie sie das komplett aus dem Spiel rausbekommen wollen. Ja, man könnte eben Pressing beispielsweise erhöhen in der Effektivität, da mehr Möglichkeiten geben. Ja, das wäre sicherlich gameplay-technisch der nächste wichtige Schritt. Und ich meine, wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, Micke ist in 35 Minuten gespielt, der hatte hier deutlich mehr Ballbesitz, nahezu 2/3, würde ich sagen. Also was ich geil fände, wäre so eine Taktik-Map, wo man vor dem Spiel schon so, wie das ein Trainer eben auch macht, sagt, hey, Außenverteidiger in der Situation sollst du so laufen, also dass man wirklich viele Anweisungen geben kann. Es gibt ja Spieleranweisungen, sowas wie energisches Abfangen, dann antizipieren sie mehr. Und wenn man dann konkreter sagen könnte, wie sie energisch abfangen sollen, in welche Pässe sie reinlaufen sollen, in welche nicht, fände ich das so von den Taktikmöglichkeiten nochmal sehr spannend. Ich denke, man kann auf jeden Fall auch daran arbeiten, dass man mehr Möglichkeiten hat, verschiedene Spieler zu steuern.
Ja, aber da bin ich gespannt, wie du das mit dem Controller umsetzen willst. Aus meiner Sicht ist das gar nicht so schwierig mit verschiedenen Tastenbelegungen. Ja, also steuern, dafür musst du sie ja auch irgendwie bewegen. Du hast deinen linken Stick und du hast dein Steuerkreuz. Genau, aber dass man beispielsweise Anweisungen geben könnte, indem du eine bestimmte Taste gedrückt hältst und dann einem Spieler sagen kannst, lass dich fallen, also als Verteidiger lauf den Passweg passiv zu, lauf den Passweg aktiv zu, dass man so Anweisungen geben kann. Ja, also dass man sozusagen die CPU-Verteidigung noch ein bisschen klarer gestalten kann. Genau. Ja. Ja, also ich muss sagen, in FIFA 18 offensiv betrachtet kamen ja viele Modifikationen ins Spiel rein, sei es eine hohe Flanke und solche Elemente. Warum nicht auch defensiv noch mehr mit verschiedenen Tasten, dass es vielleicht 3 Tasten gibt für die CPU-Verteidigung. Sowas fände ich auch noch okay, macht das Spiel komplexer, aber es muss ja auch nicht für jeden notwendig sein, das zu nutzen. Nur für Pros wären es eben mehr Möglichkeiten. Mkers auch durchaus mit interessanten Personalentscheidungen. Auf der Linksverteidigerposition hat er Azpilicueta und im Mittelfeld ist er mit De Bruyne unterwegs. Also auf jeden Fall ein paar Spieler, die man so nicht von jedem sieht. Und bis hierhin in der ersten Halbzeit kommt Cody überhaupt nicht in sein Ballbesitzspiel rein. Also der hat aber dennoch 52% Ballbesitz. Aber das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, sorry. Stranger muss ja auch ein bisschen denken, was macht der Kollege da? Und dann, okay, gut, dann regle ich das halt wieder. Hier sehen wir ziemliches Unverständnis bei Method, dass es hier für Elfmeter gab. Nämlich für Gorilla. Und der macht dann auch das 1:0. Kann man durchaus verstehen, dass das eine unglückliche Situation war, wenn der Torwart da so in den Foul einsteigt. Und damit also der Zwischenstand von 1:0 jetzt nach der ersten Halbzeit anscheinend. Derweil Brenner, der Brasilianer, hier mit dem 1:0 Führungstreffer gegen ECV eSports. Gegen Renzo. Und der legte dann auch noch das 2:0 nach, der gute Brenner. Also Pro Bossa, du kannst sehr gerne deine Meinung hier im Chat kundtun und wir werden die auch gerne aufgreifen und können gerne noch ein bisschen gemeinsam diskutieren. Da würde ich dich aber bitten, das im vernünftigen Ton zu machen, weil so habe ich ehrlich gesagt keine große Lust, mich mit dir konstruktiv auseinanderzusetzen. Oh, und es gibt den Elfmeter für Mkers, der hier also die Chance hat, auf 2:0 zu erhöhen. Stranger im Hintergrund rauft sich so ein bisschen die Haare. Das macht natürlich die Ausgangsposition hier für Cody und für ihn nicht leichter. Mit Messi da in die Grätsche zu gehen, ist, denke ich, auch schwierig. Und da ist das 2:0. Also, Mkers mit einer bärenstarken Vorstellung. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was er hier macht. Und Cody kann sich einfach auf dieses Offline-Spiel nicht so wirklich einstellen. Noch hat er aber fast eine ganze zweite Halbzeit Zeit. Und wir werden hier gerade gefragt, Georg, was wir von Young Tots halten, von Manchester United. Ich habe ihn hier gerade mal geöffnet. Ja, es ist sicherlich kein schlechter Spieler, der auch auf jeden Fall offensiv einige gute Werte zu bieten hat. Aber ich denke, du hast eben auf der Linksverteidigerposition mit einem Marcelo Team of the Year oder einem Jordi Alba Team of the Season vielleicht dann noch bessere Optionen. Zumindest wenn du unbegrenzte Coins oder alle Spieler zur Verfügung hast. Für 225k auf der Xbox bzw. 250k ungefähr auf der Playstation ist das auf jeden Fall ein gutes Investment, wenn du in einem Außenverteidiger ein bisschen mehr Coins stecken möchtest und es jetzt aber nicht zum Beispiel gleich für einen Marcelo reicht, dann würde ich sagen, ich habe die Karte nicht gespielt bisher, aber was ich so von den Stats sehe, sieht das sehr, sehr solide aus. Gerade auch, weil die Physical-Werte solide sind. Ja, Stärke mit 77. Ja, das kannst du schon noch ein bisschen boosten. Ist natürlich nicht ganz so optimal, aber klar, da kann man auch noch mit einem Chemistry-Style entgegenwirken.
Derweil das 2:0 für Gorilla, allem Anschein nach. Marco B. macht hier gerade auch nochmal einen guten Punkt, indem er schreibt, findet ihr echt, dass E-Sport ist, wenn die ganzen Pass- und Schusshilfen an sind? Stellt euch mal vor, bei CS hätte man eine Zielhilfe. Also es ist ein interessanter Vergleich und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was immer mal wieder aufkommt, ob man die Skill-Komponente nicht einfach dadurch erhöhen könnte, dass man zum Beispiel auf Semi-Hilfe einstellt oder auch auf ganz voll manuell. Ich denke halt, der Punkt ist da so ein bisschen, dass FIFA halt, also EA hat das Ziel, dass FIFA jedem einzelnen Spieler Spaß machen soll und jeder in der Lage sein soll, mit nicht jetzt ultra viel Zeit invest, das Spiel auch ein bisschen vernünftig spielen zu können. Und das hätte man keinesfalls mehr, diese Möglichkeit. Und man kann natürlich diskutieren, ob es einen eSports-Modus geben soll, der dann so ein bisschen abgegrenzt wird von dem klassischen Casual-FIFA. Aber ich persönlich fände es eigentlich besser, wenn das ein fließender Übergang bleibt und das Spiel so ist, dass es möglich ist, so wie es auch vor allem möglich ist, CS zu spielen. Selbst wenn man kein Pro ist. Aber wenn man gut ist, dass das Aiming dann halt noch besser wird. Auf FIFA übertragen, ja, müsste man gucken. Semi könnte eine Option sein, dass man sagt, man kriegt einen Ball schon irgendwie rein, aber wenn man halt ein bisschen mehr Skill hat, dann schießt man noch deutlich präziser. Ja, also ich denke, da die FIFA-Community zu trennen mit verschiedenen Modi wäre auf jeden Fall kein guter Ansatz. Es müsste da schon gleich für alle sein. Jetzt mal die Chance für Cody. Flankenversuch, aber da ist keiner so wirklich mitgelaufen am zweiten Pfosten. Ich denke, auch er sollte vielleicht mal von dem 4-2-3-1 sich wegbewegen und eine andere Formation ausprobieren mit 2 Stürmern. Ich habe das Gefühl, das funktioniert hier im eSports-Modus oder offline besser. Das Ding ist halt einfach, ich habe das Gefühl, vor allem, weil der Mitspieler oder der Teamkollege von Subaru Miki nicht ganz so erfahren ist, wie eben der Kollege, der hier gerade spielt, dass Stranger das einfach wieder regeln wird. Ich bin gespannt, also das ist trotzdem immer eine Aufgabe, auch wenn es dann am Ende leicht aussieht, wenn er es dann erfolgreich umsetzt. Aber klar, die Chance ist auf jeden Fall da. Stranger ist eine Tormaschine. Jetzt nochmal die Möglichkeit vielleicht für Cody, aber es gibt Abseits. Dann wurde noch gefragt, wie wir die TOTS-Karte Marega finden von Porto. Auch die habe ich jetzt hier gerade nochmal geöffnet. Also wenn ich schon sehe, dass jemand 2 Skillsterne hat und 3 Sterne Weakfoot als Stürmer, dann muss ich sagen, gucke ich mir die Karte nicht weiter an, ehrlich gesagt. Das ist auf Top-Niveau einfach viel zu limitierend. Man braucht eins von beiden, entweder die Möglichkeit, aus allen möglichen Positionen zu schießen. Dafür braucht man bei den schwachen Fuß mindestens 4 Sterne. Oder aber man braucht Skillsterne, um entsprechend im Dribbling variabel zu sein. Und mit 2 Skillsternen kannst du fast gar nichts machen. Also an sich sieht die Karte geil aus. 94 Pace, auch Physis ist richtig stark. Also es scheint mir so ein Stoßstürmer-Typ zu sein. Shooting ist hoch. Aber ja, das ist einfach zu limitierend von diesen beiden Werten. 2 Sterne bei den Skills und 3 Sterne beim Weakfoot. Schlussphase ist eingeläutet im Hinspiel zwischen Bio eSports, dem japanischen Team, und dem FC Basel. Man sieht auf jeden Fall auch in der Facecam, Cody fightet nochmal. Sieht richtig, richtig konzentriert aus. Und hat jetzt hier vielleicht die Möglichkeit. Überrollt, richtig stark gespielt und Ronaldo ist eigentlich schon durch. Er nimmt ihn direkt, was jetzt auch kein Fehler ist, aber er hätte auch den Raum gehabt, hier wirklich noch 1, 2 Schritte zu machen, den Ball erstmal mitzunehmen und dann wäre es noch deutlich sicherer am Abschluss gewesen. Schade, das war aber auf jeden Fall ein guter Angriffsversuch hier von Cody. Und so ein zweiter oder ein Anschlusstreffer vor allem wäre jetzt hier mal wichtig. Ja, das würde die Aufgabe für Stranger um einiges erleichtern. Auf der anderen Seite drittes Gegentor und dann wird es richtig schwer, das noch umzudrehen, selbst für den deutschen Meister. Cody befreit sich da sehr gekonnt. Auch hier schön variiert im Dribbling. Marcelo diesmal in die Mitte reingespielt, weitergelegt, unten ist viel Platz. Spielt ihn dann direkt nach vorne und das resultiert in einem Fehler. Mal schauen, ob Miki das jetzt hier ruhig genug angehen lässt, um sich den letzten Angriff zu sichern.
Im Ansatz sieht es gut aus, aber dann verliert er den Ball. Und dadurch jetzt nochmal die Chance. Über Gullit, der kann vielleicht gleich weiterleiten. Probiert das jetzt auch. Gullit, Ronaldo, aber er kann nicht im Ballbesitz bleiben. Und ich denke, das wird dann also hier der Abpfiff sein. 2:0 Sieg. Mickey ballt die Faust. Respekt für diese starke Leistung. Und gleich wird dann also Stranger erneut den Controller in die Hand nehmen und sein Bestes geben, das hier noch irgendwie gerade zu biegen. Vielleicht zumindest einen Punkt rauszuholen oder vielleicht das Ganze noch komplett zu drehen. Es ist ihm zuzutrauen, so viel steht fest. Was drücken die immer bei der Ballannahme? Da muss man mittlerweile eigentlich nicht mehr viel drücken. Es gibt, glaube ich, so ein paar Spieler, die die L2 bzw. LT-Taste drücken, um direkt danach den Ball abzuschirmen. Also L2, LT ist ja Protect the Ball bzw. Shielding. Und das machen einige ganz gerne. Und es gibt auch Spieler, die der Meinung sind, dass dadurch die Ballkontrolle steigt. Das sehe ich nicht so. Und insofern ist es in der Regel eigentlich so, dass wenn man den Ball erstmal kurz annimmt, man nichts anderes drücken muss. Wichtig ist halt, dass man sich nicht zu hektisch irgendwohin rausdreht, sondern eine gute Idee hat, ob man den Ball einfach annehmen kann oder ob man ihn zu einer Seite aktiv mitnehmen muss, damit man ihn vom Gegenspieler wegnimmt. Und Tomoya feuert hier das japanische Team an. Das ist doch auch cool zu sehen, dass es auch für die kleineren Teams hier eine Fanbase gibt. Und ich finde es einfach super, dass auf so vielen verschiedenen Kontinenten und Ländern Spieler am Start sind. Während wir hier sehen, wie der Brasilianer Brenner gut aufgedreht hat. Wir können ja noch mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, Georg. Gerne, Malte. Ja, hab sie hier schon geöffnet. Ging schnell, wunderbar. Ne? Möchtest du oder soll ich? Du darfst. Sehr cool. Also Hashtag führt die Tabelle in Gruppe A hier an. Wir sind ja gerade in der 4. Runde der Gruppenphase. Insgesamt ist es eine 8er-Gruppe, also es gibt 7 Spieltage. Hashtag steht 3-0-0, 9 Punkte also auf dem Konto. Basel an Position 2 mit 7 Punkten, 2-1-0. Method mit 2-0-1, 6 Punkte noch. Und da wird es dann auch ein bisschen umkämpfter. BU eSports auch bei 6 Punkten und Schalke aktuell bei 3 Punkten. Und an Position 6 dann ziemlich überraschend Unilad. Rund um den Weltmeister Gorilla und die Nachrücker aus Holland ECV eSports haben 1 Punkt, genau wie Arte Virtual. Also die beiden an Position 7 und 8 mit 1 Punkt ein bisschen abgeschlagen, aber Unilad auch erst 1 Punkt, also wenn man so möchte auch abgeschlagen. Wobei ich da immer noch ein gutes Gefühl habe, dass sie zurückkommen können. Und hier sieht man gerade Highlights von Hashtag gegen Schalke. Also ja, auch da sah es für Schalke wieder nicht ganz so gut aus. Nein, Ryan mit dem 3:1 Sieg anscheinend gegen Tim Latka, leider. Hier haben wir jetzt nochmal die Highlights von Gorilla gegen Wenny und das war auf jeden Fall ein unglücklicher Elfmeter aus Sicht des Method-Spielers. Gorilla nimmt es dankend an, die brauchen hier jeden Punkt. Und das war dann aber schön gespielt. Zum 2:0. Und es gab anscheinend noch ein weiteres Tor. Kurze Zeit später Maradona eingewechselt bei Gorilla, nice, der hier den Treffer macht. Also den kleinen Argentinier sehen wir tatsächlich auch mal hier. Und das sollte doch jetzt eine Ausgangsposition sein, mit der Scherz dann auch was anzufangen weiß oder mit der er wirklich wenig Druck hat. Anscheinend ist hier auch noch ein 4. Treffer dazugekommen. Heel to Heel und dann einfach mal ganz frech von da geschossen. Viele würden sicherlich auch noch mal flanken. Aber Gorilla ist immer mal wieder ansatzlos in seinen Abschlüssen. Also hier anscheinend der erste Dreier dann für Unilad. Ja, wobei es dann noch das 4:1 gab. 3 Tore scheinen es für Scherz zu sein, die er zu verwalten hat, beziehungsweise 2 kann er sich leisten. Oh, es ging dann sogar doch 5:1 wohl aus für Gorilla. Also hat er dann noch ein Tor wieder Krass, gemacht? Oder ist das ein Anzeigefehler gerade? Anzeigefehler, wir wissen es nicht, weil wir haben ja jetzt auch kein Highlight nochmal gehabt vom 5:1. Naja, Mickey also 2:0 gegen Cody, das haben wir eben gesehen. Renzo 1:4 gegen Brenner und Tim Latka, die Highlights gab es ganz am Anfang, 1:3 gegen Hashtag Ryan. Das ist die Ausgangsposition für die Matchups. Riptorik gegen Shells, Zackt gegen The Stranger und Stefano gegen Freitag sowie Ideals gegen Hashtag Boras. Und Sammy Beats fragt, warum der VfB Stuttgart eSports denn nicht dabei ist.
die haben die Online-Qualifikation nicht überstanden. Also die haben sich versucht, die haben an der Qualifikation teilgenommen, aber das waren wirklich sehr knackige Qualifikationsspiele und da haben einige Top-Teams es nicht geschafft. Hier sieht man nochmal das vielleicht schönste Tor des Turniers bis dato. Ecke direkt per Seitfallzieher verwandelt von CR7, gesteuert von MS Desari. Und hier haben wir nochmal die Tabelle aus Gruppe A. Wir haben sie euch ja gerade schon mal so ein bisschen vorgestellt. Hier seht ihr das Ganze jetzt auch nochmal grafisch dargestellt. Also das ist der Stand nach 3 Spieltagen. Wir befinden uns in der Hälfte von Spieltag Nummer 4 und haben dann auch noch die 5. Runde für euch im Anschluss, bevor dann also die Action heute sich dem Ende zuneigt. Und morgen werden dann sowohl in Gruppe B, die wir heute als erstes hatten, als auch hier in Gruppe A die letzten beiden Runden gespielt. Und danach geht es dann also in die K.O.-Phase mit dem Viertelfinale, die besten 4 Teams aus jeder Gruppe. Hier haben wir auch nochmal das Format. Insofern dann die letztendliche Entscheidung, wer es in die K.O.-Phase schafft und wer frühzeitig die Koffer packen kann. Am morgigen Tag natürlich auch hier live bei Sport1 im YouTube-Livestream. Und vielen Dank an dieser Stelle an Typisch und an Tomoya, die beide schreiben, dass sie finden, dass wir einen guten Job machen, Georg. Das lesen wir natürlich gerne. Immer schön zu hören, ja. Nachdem wir auch des Öfteren heute schon andere Meinungen gelesen haben. Aber ja, solange das konstruktiv ist, wirklich gerne, könnt ihr Kritik loswerden. Da sind wir die Letzten, die dafür nicht offen sind. Nur, es ist halt echt cool. Wir sitzen hier auch lange und geben uns Mühe, versuchen unser Bestes rauszuholen, wenn das Ganze dann im ordentlichen Ton passiert. Aber immer wieder schön zu lesen, dass ihr soweit euch auch gut unterhalten fühlt. Und ich meine, die Spiele sind halt auch zum Großteil wirklich, wirklich ansehnlich und absolut hohes Niveau. Ja, und hohes Niveau, das können wir von The Stranger immer erwarten. Bei der Konstanz, die er in den letzten 1,5 Jahren an den Tag gelegt hat. Und insbesondere jetzt die letzten Monate in FIFA 18. Ja, Köln ist kurzfristig von der Qualifikation zurückgetreten. Und dementsprechend hat sich das Team rund um Mürser und Timo Prey Gruneisen nicht qualifiziert oder konnte sich nicht qualifizieren. Boah, direkt die erste Angriffswelle vom Deutschen. Ganz knapp kommt dieser letzte Ball nicht an im 16er. Ansonsten wäre hier wahrscheinlich schon der erste Treffer gefallen. Jetzt überläuft außen Messi für Zackt. Vielleicht kann uns auch Tomoya mehr sagen, wie man seinen Namen korrekt ausspricht. Zackt. Vielleicht ist es auch eine Abkürzung für irgendwas. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Schöne Balleroberung von Virada im Mittelfeld. Mit seiner Präsenz fast in jedem Team gesetzt. Stranger macht es danach ein bisschen ruhiger. Nimmt die Außenverteidiger mit, nochmal hinten rum. Kanté. Und jetzt ist unten ein bisschen Platz. Messi erstmal ein druckvoller Pass und dann versucht durchzustecken. Aber bisher steht Zack da auf jeden Fall gut hinten drin. Und jetzt eigentlich die Möglichkeit durchzustecken auf CR7. Hat sich für die andere Richtung entschieden. Und gerade nochmal eingeblendet. Ihr könnt natürlich weiterhin auch gerne das Hashtag eSportsOnAir verwenden, wenn ihr Twitter da bevorzugt, um uns Fragen zu stellen, um Feedback loszuwerden. Kann ich direkt auch nochmal wieder einen Blick reinwerfen. Schöner druckvoller Pass an den Strafraum. Das müsste doch jetzt den Elfmeter fast schon geben. Aber es ist noch gerade so ein Freistoß. Rulle direkt. Interessante Variante. Aber ein Fuß ist dazwischen. Und der Ball landet wieder in den Füßen des Japaners. Rulle, wieder Druckpass. R9. Scoop-Turn. Marcelo kommt nicht dazwischen, beziehungsweise Ramos war es. Und dann ist es das 1:0 für den Japaner.
Kleine Überraschung, aber bis hierhin auf keinen Fall unverdient. Starke Leistung von ihm. Hält komplett gegen. Und auch hier mit einem schönen Skill-Move die Drehung per Scoop-Turn und dann direkt der Torabschluss im Folgenden. Und jetzt sind es schon 3 Tore, die es aufzuholen gilt. Das könnte die erste Niederlage für Basel eSports bedeuten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Stranger vielleicht umstellen wird, denn bis hierhin läuft es noch nicht so richtig vorne für ihn. Jawohl, da wird auch die Pause angemeldet. Also ich denke, Stranger, obwohl er hier fast schon den Anschein macht, als würde er mit 2 Stürmern agieren, muss dann vielleicht nochmal umstellen. Jetzt mit Rullet die Möglichkeit. Dreht sich raus! Das ist genau die richtige Entscheidung. 1:1 Ausgleichstreffer. Stranger wieder dran. Und jetzt werden wir sehen, in was für einer Formation er agiert. Es ist also tatsächlich bereits das 4-2-2-2. Jetzt hat er den Ausgleichstreffer erzielt. Vielleicht schwingt ihn das nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung, was das Umstellen angeht. Ging auf jeden Fall, wenn, dann ziemlich fix. Oder er sagt sich doch, ich bleibe erstmal bei dieser Formation. Hier sieht man also, da war die Frage, wie dreht er sich raus mit Rullet eher in die Mitte rein auf den linken Fuß oder nach außen. Mkers antizipiert ein bisschen mehr auf die Mitte und dann macht Stranger genau das Gegenteil und deswegen fehlt ihm am Ende dieser halbe Meter, um dazwischen zu kommen beim Abschluss. Interessante Variante jetzt hier. Anstoßtrick von FIFA 13 gefühlt. Neuer Anschlussbug incoming. Aber das hat nicht ganz geklappt. Aber auch Zakt spielt hier eine echt gute Partie bis dato. Und das sind sehr unangenehme Pässe, wenn der Ball da lang und länger wird und man in dem Fall in Form von Stranger keinen Spieler so richtig angewählt bekommt defensiv. Hat er ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball nicht weiter durchgekommen ist. Aber wenn der Stürmer da den ersten Touch bekommt, dann setzt er sich meistens auch durch. Ja, gerade werden aber die Pässe ein bisschen ungenauer auf die Stürmer. Dadurch leichte Balleroberung für Stranger. Und mehr Sicherheit in seinem Aufbau- und Offensivspiel. Starkes Tackling hier von Zakt, der auf Zack bleibt. Wow. Haben wir alle mal gelacht. Ja, er macht das wirklich gut, muss ich sagen. Respekt, weil gegen den amtierenden deutschen Meister hier muss man erstmal auch so ballsicher bleiben. Ich gebe dir zwar recht, hier und da waren es ein paar zu viele Fehler im Aufbauspiel. Auch hier spielt die Pässe halt so, dass er danach den Ball nicht richtig abschirmen kann. Und dann ist Stranger halt sofort dran. Aber gerade defensiv und so in den ersten 1-2 Pässen wirkt das recht abgeklärt. Stranger beißt sich vor allem auch offensiv so ein bisschen die Zähne aus am Japaner. Nächster Anlauf jetzt. Marcelo kommt mit. Messi hat Platz. Legt nochmal wieder zurück. Handballspiel. Jetzt Messi im 16er. Rullet. Wunderbar gespielt. Und dann ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Das sind die Kombinationen auf Weltklasse-Niveau. Und die kann man dann auch kaum noch unterbinden. Auch Zakt arbeitet immer wieder mit den Grätschen und macht das wirklich gut. Da ist aber das 2:1. Ganz simpel gespielt. Kurz rausgedreht mit R9. Rullet mit einbezogen. Ballannahme nach vorne zum kurzen Pfosten hin und dann Flachschuss rübergezogen. Die Grätsche kommt den Ticken zu spät. Und jetzt ist es schon nur noch ein Tor. Es ist echt heftig bei Stranger. Man denkt die ganze Zeit, eigentlich hält der Gegner hier wirklich gut dagegen und nimmt ihn so ein bisschen aus dem Spiel. Und dann ist es zweimal eine simple Ballmitnahme, ein klarer Torabschluss. Und man kann irgendwie nicht richtig was machen.
Und einfach größten Respekt an alle Spieler, die über so einen langen Tag hinweg die Konzentration hochhalten. Also, ihr kennt das wahrscheinlich alle aus der Weekend League, wenn ihr sie spielt, wie schwer das ist, nach 5, 6 Spielen noch die Konzentration hochzuhalten. Und hier ist es wirklich Pro versus Pro, nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau. Da gibt es auch nochmal die Aufmunterung. Ich weiß nicht, ob es der Teammanager von Basel ist. Da links im Hintergrund. Und wir switchen mal rüber. Es war tatsächlich ein 5:1 noch im Hinspiel für Gorilla. Und auch Shells ist in Führung gegangen hier. Anscheinend sogar mit 2:0. Zweimal gut durchgesteckt. Einmal Ronaldo, einmal Son. Mit den Torerfolgen. Und damit also eine komfortable Führung zwischenzeitlich. Aber Rhetorik hat das nicht so auf sich sitzen lassen. Schön abgeschirmt. Einmal fix rausgedreht. Mit der neuen hier unheimlich schwer zu verteidigen, weil der kann in beide Richtungen gehen. Wenn du zu viel Abstand hast, bist du nicht schnell genug dann dran nach der Drehung. Wenn du zu nah dran bist, kann er sich an dir vorbei oder so ein bisschen um dich rumdrehen. Also das kann man kaum noch verteidigen. Kann man nur andersrum in der Offensive gegenhalten und auch noch ein Tor machen. Und so also 8:2 die zwischenzeitliche Führung. Vielleicht kommt Unilet jetzt doch so langsam in Form. Ja, sie wären dann zumindest bei 4 Punkten und das wäre auf jeden Fall der Anschluss mal wieder an die Top 4. Die ersten 4 der Achtergruppen kommen ja weiter. Jetzt zackt mit der nächsten Offensivaktion. Hat er schön gemacht, fand ich. Wer erst den Übersteiger angefakt hat, dann der Cruyff-Turn hinterher. Aber Stranger sitzt ihm im Nacken. Ja, das ist halt echt so ein Und den unangenehmes Atem, Gefühl. den wird er gerade so richtig spüren. Und da ist es auch schon soweit. 3:1. Relativ kurioses Tor, muss man sagen. Irgendwie kommt der Ball dazu R9. Ich glaube, nach einem Tackling, wo Zack eigentlich schon gut rausgespielt hatte. Nee, es war sogar wirklich ein Pass und dann direkt abgeschlossen. Der Abschluss ist halt kurios. Also wow. Sieht man nicht so häufig. Aber es ist 96er R9. Links wie rechts hat er 5 Sterne auf dem schwachen Fuß. Kann dann die Dinger reinhauen. Und teilweise muss man gefühlt mit solchen Spielern bloß die Schusstaste ein bisschen länger drücken und der Ball ist drin. Und jetzt steht es 3:1. Alles wieder ausgeglichen und es sind noch 35 Minuten auf der Uhr. Ja, und für Basel wären es dann 10 Punkte, wenn Stranger hier tatsächlich noch einen Treffer erzielt. Und damit dann schon eine kleine Vorentscheidung in Richtung der K.O.-Phase morgen. Und die Chance dafür ist jetzt da. R9, richtig und wichtig, rausgetackelt. Ronaldo 4:1. Stranger schmeißt den Motor an. Wirft einmal das Nitro ein hier und dann geht's aber ab nach vorne. Wie Messi den leicht rüber gelupft hat eben. Und eigentlich ist das so der typische Spot, wo Duchea mit seinen Fußparaden immer noch mal dazwischen kommt. Aber sobald der Ball nicht komplett flach kommt, und der war ja von Ronaldo so leicht minimal Volley geschossen, wirken diese Fußparaden nicht mehr so stark. Das gibt's einfach nicht, dass Stranger das hier gerade Stand jetzt schon wieder gedreht hat. Cody, der sagt sich auch, gut, die 3 Punkte sind eh fix. Brauche ich, da kann ich mich jetzt auf mein eigenes Spiel schon fokussieren. Dass ich irgendwo... Guckt sich wahrscheinlich schon irgendwo den nächsten Gegner an, weil er genau weiß, Stranger regelt das hier wieder, der braucht keinen Support. Gut, noch ist nicht aller Tage Abend, aber es ist einfach unglaublich, wie der hier jedes Spiel gedreht bekommt. Jetzt hat er ein bisschen Glück, dass dieser Ball nicht im Tor landet. Nachsetzer, De Gea unsicher und dann am Ende aber doch irgendwie den Ball geklärt bekommen. Nächster Ballverlust. Noch hat sich Zack nicht abgeschrieben. Ja, da ist eigentlich R9 ganz gut frei am 16er, aber spielt jetzt erstmal ein bisschen sicherer und ruhiger. Jetzt die Möglichkeit, Pelé weitergeleitet und dann rückt Ramos raus. War gerade bei diesen letzten Pässen ist Stranger einfach immer wieder so gut dazwischen. Weiß einfach, wann er da aktiv rangehen muss und wann er eher passiv verteidigt, er die Passwege zuläuft.
gibt's gelb für Ronaldo, der hier mit einer Verwarnung und einem steifen Nacken davon kommt. Rollet schön rausgedreht. Das war auch ein Spot für ein Heel-to-Heel, aber stattdessen geht er dann eben mal in die Mitte. Druckpass auf R9, 5:1, als wäre es nix. Macht der Stranger hier einfach 5 Buden am Stück. Aber dieser druckvolle Pass, der war auch einfach schon wieder so perfekt gespielt. Ja, und genau das richtige Timing. Dass er variabel bleibt. Nicht im Kopf Heel-to-Heel. Das hat bei ihm bisher schon super funktioniert mit diesem Trick. Er ist genau im Spot gewesen mit Rollet, aber in der Situation macht das dann eben mal andersrum, dreht sich wieder zurück und geht über die Anspielstation. Ja, und der Nightbot hier bei uns im YouTube-Chat, der schreibt es gerade auch nochmal. Ab 10 Uhr geht es morgen früh dann schon weiter oder morgen Vormittag, je nachdem, was ihr so für einen Schlafrhythmus habt. Aber egal, welchen Schlafrhythmus ihr habt, wir sind lange genug da. Das Finale ist dann von 18 bis 20 Uhr angesetzt und den gesamten Tag über werden wir für euch hier live am Start sein. Es war halt wirklich auch in der Quali schon so, dass Stranger in vielen Spielen im Alleingang den Sieg beschert hat. Morova schreibt es gerade auch im Chat nochmal, Cody ist auf keinen Fall ein schlechter. Also er hat jetzt am letzten Wochenende 40-0 geholt, ist auch für die Global Series Playoffs qualifiziert. Und Stranger packt jetzt hier auch nochmal den Lupfer aus. Ganz geschmeidig zum nächsten Treffer. Und dann auch der Steilpass ist halt so perfekt getimt, er weiß genau, kann er eben nicht normal spielen, sondern den muss er mal steil spielen, da bringt der Druckvolle nicht, damit er ein bisschen weiter ein bisschen tiefer in die Schnittstelle geht. Und dann wird hier, ja, entspannt per Lupfer zum 6:1 erhöht. Also ich bin für eine Regeländerung. Stranger sollte ab jetzt in jedem Spiel -5 reingehen. Ansonsten... Ich meine, das ist ja ein gutes Training auch für ihn, für die Globals. Ne? Wenn er jetzt gewohnt ist, dass er immer so 2, 3 Tore schon Handicap hat, dann denkt er sich auch bei den Globals, wann ist das langweilig? Okay, wir sollten es vielleicht nicht übertreiben, aber es ist wirklich eine beeindruckende Leistung, die wir hier bestaunen dürfen vom amtierenden Meister der virtuellen Bundesliga, vom offiziellen deutschen Meister in FIFA 18. Man muss aber gerade sagen, es wird auch im Chat nochmal relativiert. Cody zum Beispiel eben hatte den mehrfachen japanischen Meister, war unter den letzten 16 der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Also das ist ein absoluter Weltklasse-Mann gewesen und da ist Codys Resultat auch absolut okay. Also wie gesagt, wir übertreiben es auch hier bewusst so ein bisschen, weil es einfach so ganz lustig zu sehen ist, wie Stranger da durchrasiert. Das soll jetzt aber nichts gezielt gegen Cody sein. Und auch zur Quali, also Cody hat da dennoch starke Resultate abgeliefert. Ja, es gab schon Spiele, wo Stranger einfach dann nochmal, weiß ich nicht, 3, 4 Tore gemacht hat für das Team in der Differenz. Absolut, also Stranger, keine Frage, der ist hier sicherlich in FIFA 18 das stärkere Element des Teams, aber du brauchst einen Partner, der auf dem Weltklasse-Niveau trotzdem mithalten kann und halbwegs ausgeglichene Resultate erzielen kann. Cody war letztes Jahr noch Xbox-Spieler, dieses Jahr ist er PlayStation-Spieler. Weshalb er vielleicht auch nicht zu 100% aktuell auf der Xbox so im Training ist. Also das sind alles so kleine Faktoren, die man sicherlich auch benennen kann. Aber vor allem ist halt eine Aussage von ihm selbst, dass ihm diese eSports-Version, die so ein bisschen anders ist als FIFA 18 normal, nicht so gut liegt. Und deswegen können wir uns halt vorstellen, dass ihn das ein bisschen verunsichert und er deswegen auch so ruhig und defensiv heute spielt. Aber wenn ich dann so einen Stranger oder auch andere Spieler spielen sehe, ja moin, kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. 6:1, das Endresultat im Rückspiel und damit also insgesamt ein 7:4, wenn ich das jetzt richtig im Überblick hatte. Nein, 6:3. Ach, es war doch ein 2:0 im Hinspiel. Also 6:3 im Endeffekt hier nach Hin- und Rückspiel und damit weitere 3 Punkte für Basel, die jetzt insgesamt bei 10 Zählern nach 4 Spieltagen stehen. Also es ist gerade auch im Chat ein bisschen eine Diskussion, ob Cody jetzt ein Pro ist, kein Pro ist. Also Freunde, er ist amtierender Xbox-Vize-Weltmeister. Das ist nur ein inoffizieller Titel, weil Vize-Weltmeister ist letztendlich Deto, weil das große Finale ist PlayStation gegen Xbox. Aber Cody war bei der Weltmeisterschaft unter den letzten beiden auf der Xbox, von allen FIFA-Spielern, ja.
Also da kann mir keiner erzählen, dass er nicht verdient Pro ist. Und auch ein 40-0 in der Weekend, in dem Wochenende, wo es um alles geht, zeigt einfach, was er für Qualitäten hat. Und ich hoffe einfach, dass er sich auch an diesen eSports-Modus noch gewöhnt, weil dann traue ich ihm auch in 1,5 Wochen bei den Global Series Playoffs wieder zu, ein Weltmeisterschaftsticket zu lösen. Auf jeden Fall. Ich habe hier auch Basel als Favorit genannt, weil Cody, den ich unter anderem auch schon gecoacht habe, bei Start einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich gemacht hat, auch da im Bootcamp. Ist halt auch ein Turnierspieler eigentlich, also. Ja, absolut. Ach, bei Schalke läuft es irgendwie nicht so richtig heute. Ja, Ideals hier gegen Boras versucht irgendwie noch das Resultat aus dem Hinspiel gerade zu biegen, aber das gelingt auch nicht so richtig. Boras und Ryan in Topform, muss man wirklich sagen. Auch Boras Legend, bisher glaube ich jedes Spiel gewonnen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erstes Spiel dieser Last-Minute-Sieg. Dann auch gegen Shells hat er sich durchsetzen können. Hier ist er 2-1 vorne. Fehlt nur noch eine Begegnung, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Gegen Virtual FC, ich gucke mal kurz nach. Da hat er auch 3:2 gewonnen. Gegen Freitasch. Ja, sehr, sehr starke Leistungen. Ja, ich freue mich für ihn, dass er sich so zurückgekämpft hat, weil, wie gesagt, vielleicht wart ihr vorhin noch nicht dabei, als ich das einmal ausgeführt habe. Er ist ja auch als YouTuber mittlerweile sehr anerkannt, hat da eine echt gute Community aufgebaut, hilft Spielern besser zu werden. Und ich finde, allein dieses Mindset ist super und unterstützenswert, und dann freut es einen einfach, wenn so einer dann auch selber noch den Erfolg beibehält, weil er einfach sehr viel auch in den YouTube-Channel investiert, und dann ist es nicht ganz einfach, auf höchstem Niveau noch konstant zu bleiben. Also Team-Hashtag hier mit dem nächsten Sieg. Und wir haben jetzt nochmal die Übersicht. Unilet gewinnt 12:3 gegen Method. Ja, das wird den beiden Jungs mal gut tun. 5 und 7 Tore. Ja, auch Shells vor allem hat sich jetzt hier mal warm geschossen. Und Riptorik ist auch ein starker Spieler bei den Global Series Playoffs dabei. Aus Polen kommt der gute Herr. Benny, sein Teamkollege, ist ein Engländer. Also auch hier ein Team aus gemixten Nationen. Basel haben wir gerade gesehen, 6:3. Arte Virtual FC gewinnt gegen das holländische Team. Also die Brasilianer gewinnen gegen die Holländer, und hier sehen wir es jetzt in der Tabelle. Also Unilet hat auf jeden Fall ein bisschen aufgeschlossen. Method fällt ein bisschen zurück, und aus meiner Sicht BU eSports hier auf jeden Fall eine Überraschung. Ja, und sehr starke Leistung von den beiden Jungs. Wenn sie das eben gegen Basel gepackt hätten, dann wären sie jetzt bei 7 oder 9 Punkten. Ja, einer sehr also guten Ausgangsposition. Subaru Miki scheint hier wieder eine gute Form auch in FIFA 18 zu haben. Ja, und nachdem er schon eine starke FIFA 17 Saison gespielt hat. Die Tabellensituation bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Gerade im Kampf um die Plätze 3 und 4 ist noch vieles offen. Selbst Schalke kann noch mit einer guten zweiten Hälfte in dieser Gruppenphase einige Punkte machen. Denn gerade in so einem 3-Punkte-System geht's schnell. Als nächstes haben wir dann also noch Runde 5 für euch. Ich denke, wir gehen wahrscheinlich auch nochmal in eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit dem letzten Matchup des heutigen Abends. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.
Welcome back to Paris for the FIFA E Club World Cup for the last time today. Round 5 in Group A is ahead, and this is how the table is standing in Group A, of course. Brandon Smith, and next to me, Richard Buckley. Richard, it's going to be a big last game here, but overall, the first 3 points on the board for Unilad. Obviously, they drew a game before that. So important for them to get 3 points on the board before going into tomorrow. Yeah, not only that as well, but in the method, I should say, which they, pardon the pun, that they won that game against Method. 12-3 the scoreline. That pushes their goal difference to +5, and if they want to clinch one of those top 4 positions, it could very well come down to goal difference. Hashtag Academy leading the way. 5-2 their recent scoreline against Schalke. 12 points from 12. Spencer FC will be a very happy man. A happy man indeed, but this game could be massive right now. This is, as I said, last game of today, the last, you could say, two-legged game of day 1 of the FIFA E Club World Cup. Then we come back tomorrow, 2 rounds we play. Und da sind wir zurück mit dem letzten Matchup des Abends. Wir haben Unilad gegen das Team Virtual FC aus Brasilien. 2 unerfahrene Spieler mit Freitasch und mit Brenner. Brenner sehen wir jetzt hier unten links. Er sieht auch noch relativ jung aus. Also denke ich, ein Nachwuchsspieler, der es hier zunächst mal mit dem frechen Freistoß zu tun bekommt vom Weltmeister. Also auch so ein Duell der Generationen, will ich nicht sagen, aber der Erfahrung gegen Unerfahrenheit. Das sind immer diese Kleinigkeiten, dass Gorilla den Ball hier nicht nach oben mitnimmt, sondern schnell genug erkennt, dass sich Brenner ein bisschen verschätzt hat und den Ball dann einfach kurz durchlaufen lässt. Ja, hat jetzt hier nicht zum Torerfolg geführt, aber in der Summe machen dann eben solche Dinge den Unterschied aus. Aber die Flanke ist überragend und dann her mit einer wirklich souveränen Fußparade da in dieser Situation. Wie er den noch rausfischt. Hut ab. Und das hält Gorilla hier also in dieser Anfangsphase. Die 0, aber kurze Zeit später fasst sich Rullet ein Herz. Mit links, mit seinen 5 Sternen auf dem schwachen Fuß, zieht er den rüber. Erst das Tackling von Gorilla und dann auf links gelegt. Und aus was für einem Winkel er den rüberzieht. Da muss auch Gorilla erstmal einen kurzen Schluck zur Beruhigung nehmen. Gefällt mir richtig gut, wie mutig Brenner hier spielt. Der Brasilianer. Unseres Wissens nach sein erstes großes internationales Event. Und dann muss man erstmal im Stream so gegen den amtierenden Weltmeister spielen. Auch die Flanke vorher fand ich richtig geil, weil es einfach mal eine Variation war, die man nicht so häufig sieht. Aber Gegenzug Gorilla setzt den Heel-to-Heel an, stark aber auch vom Renner verteidigt. Der den Ball aber nicht final klären kann, wodurch es eine nächste Angriffswelle hier von Gorilla gibt. Allerdings hier die Abseitsposition. Viel Platz jetzt auf rechts für Henri. Da hat Gorilla sich ein bisschen verschätzt mit Marcelo. Sehr aktiv draufgegangen und daneben gelaufen. Unterbindet das dann so ein bisschen mit einem taktischen Foul. Guter Dragback, durchgesteckt, Messi! Und erneut ist De Gea im letzten Moment zur Stelle. Auch eine überragende Übersicht, dass er da wirklich sieht, durch den Dragback kommt die Zeit für den Laufweg und dann spielt er den Pass. Nächste echt gelungene Offensivaktion. Vorsicht, Leute. Malte ist gerade dabei, sich erneut zu verlieben. Das passiert jedes FIFA-Event aufs Neue. Mit irgendjemandem falle ich im Lauf. Ja. So ist das bei wahren Fußball- oder FIFA-Enthusiasten. Naja, treu kann man das nicht nennen, aber naja. Meine große FIFA-Liebe spielt hier eigentlich gerade in den gelben Trikots. Wenn das der Gorilla zu hören bekommt. Auch hier super rausgedreht. Tatsächlich offensiv gerade ein richtig gutes Spielgefühl. Nur der letzte Pass stimmt noch nicht immer.
Gibt es hier noch eine gelbe Karte von einer Szene davor. Hier sieht man die Grätsche. Uiuiui. Rüde von Ruth. Sport 1 hat uns eigentlich letztens vorgeschlagen, dass wir ein Phrasenschwein hier aufgestellt bekommen. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen weiter provozieren. Und für Flachwitze auch noch? Ja. Das klingelt, Georg. Dann gehen wir dann mal nett was essen oder so. Ja, ich glaube, wir gehen davon nicht nett was essen, wenn wir am Ende dort unsere Euros reinpflanzen. Doch, das machen wir so als kleines Spiel für uns selbst. Ach so, na gut. Oder die dann Redaktion. Ist das für mich ja for free am Ende des Tages. Ja, wollen wir sehen. Erneut Brenner mit Henry, der überläuft. Das muss doch jetzt eigentlich der Treffer sein. Nochmal zu Ronaldo. Wahnsinnsruhe von diesem jungen FIFA-Talent aus Brasilien. Und das zaubert auch ihm selbst ein Lächeln aufs Gesicht. Und der Weltmeister, so langsam wird es schwitzig für Unilet. Ja, der hat schon das ein oder andere solcher Spiele gedreht. Aber Brenner macht wirklich einen guten Eindruck und das Selbstvertrauen steigt dadurch jetzt natürlich. Echt schöne Angriffe, also muss man wirklich sagen. Alles sehr clean zu Ende gespielt. Und Gorilla ist jetzt bereits auf Offensiv unterwegs. In der 30. Minute knapp. Das ist halt auch so eine Eigenart von ihm, dass er da nicht lange fackelt. 2 Tore Rückstand. Er weiß, wir brauchen eine gute Ausgangsposition. Dann geht es direkt mal in die offensive Grundeinstellung, wo andere hier noch bei Weitem nicht von defensiv oder ausgeglichen weggehen würden. Gut, jetzt hier von Gorilla verteidigt. Aber auch Brenner zieht seinen Rollet gut zurück. Und kann diesen ersten Angriffsversuch zumindest unterbinden. Der zweite folgt jetzt aber. Das sind leichte Fehler. Das sind echt leichte Fehler und das wird fast bestraft. De Gea kann diesen Pass noch entschärfen, der lang und länger wird. Wieder so eine mutige Aktion. Einfach mal den Steilpass da komplett zu forcieren. Das ist ein gutes Timing. Jetzt Messi. Hullet geht energisch dazwischen. Tackle-Taste gut eingesetzt, um zu zerren und zu ziehen. Und dann kann der körperlich überlegene Spieler in der Situation das auch entschärfen. Und das mit einer gelben Karte da so reinzugehen, durchaus mutig. Messi bleibt am Ball, dreht sich jetzt einmal gut raus. Doppelpass ist initiiert. Ronaldo, jetzt wird es gefährlich. Was für ein enges Dribbling, aber der Weltmeister stellt sich besser drauf ein so langsam. Brenner wieder mit der nächsten Aktion. R9. CR7 war es. Und dann De Gea, der hier Gorilla im Spiel hält, muss man schon sagen. Hullet zu unplatziert. Wieder so eine Variation. Also jede Aktion, die Brenner hier offensiv setzt, hat irgendwie eine klare, kreative Idee. Hier war es einfach mal ein Haken, den er geschlagen hat im Dribbling. Aus dem vollen Tempo kommt allerdings. Und bitter wäre es natürlich jetzt hier in der 45. das 2:1 zu kassieren aus Sicht von Brenner. Denn er hätte sich durchaus das 3:0 verdient. Aber ach, R9 war es jetzt hier aus der Drehung. Der war nicht mal abgefälscht. Einfach nicht gut ausgerichtet. Und deswegen geht er hier ordentlich am Tor vorbei. Und Gorilla muss überlegen, was er da macht. Also vom Brenner ist das hier wirklich ultra stark gespielt. Vielleicht aus der Dreierkette wieder rausgehen. Aus Sicht von Gorilla. Die enge Raute soll es jetzt also richten. Ja, also man merkt auch, dass Gorilla noch nicht so wirklich seine Formation gefunden hat. Denn er hat zwar jetzt letztes Turnier und in diesem häufig die Dreierkette gespielt, aber ob das dann wirklich im Endeffekt so das Wahre ist, die Variante, mit der er hier sich später zum Weltmeister krönen kann und seinen Titel verteidigen kann, oder zumindest einen weiten Run hinlegen kann, erstmal bei den Global Playoffs und dann
potenziell später beim FIFA eWorld Cup. Da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt geht er zurück zur engen Raute. Die Formation, die ihn so bekannt gemacht hat und mit der er einen Trend ausgelöst hat, wie ihn FIFA vielleicht noch nie zuvor gesehen hatte. In der Weekend League, da war zeitweise jeder zweite Spieler so ein kleiner Baby-Gorilla. Ja, und fast mehr als jeder zweite hat die enge Raute gespielt. Und auch immer noch ist die enge Raute in der Weekend League die zentrale Formation. Zumindest, sage ich mal, von den etwas ambitionierteren Spielern. Die so in Richtung Gold 1, Elite 3 auf jeden Fall oder besser gehen. Griezmann eingewechselt für Gorilla und der kriegt den hier auf dem linken Fuß und schlänzt ihn rein zum Anschlusstreffer aus dem Nichts. Und Gorilla, der variiert anscheinend auch wirklich mal. Der testet hier mehr oder weniger ein paar Spieler. Ja, also Tots Griezmann sieht einfach richtig nice aus. Ich habe die letzten FIFAs auch immer schon extrem gerne Griezmann gespielt. Ja, und Gorilla ist auch jemand, der Griezmann früher sehr gerne eingesetzt hat. Er hat halt auch den Nachteil der 3 Sterne auf dem schwachen Fuß. Aber wenn er ihn auf links liegen hat, dann sieht das so aus. Ja, der hat immer schon auch einen ziemlich nicen Finesse-Schuss gehabt. Ja, und jetzt sogar mit 74 Stärke. Er bleibt natürlich weiterhin sehr klein. Ja, aber dadurch ist er eben auch so wendig. Ein bisschen wie so ein Messi spielt er sich. Kann halt super geil in enge Dribblings gehen und er ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Und somit also der Anschluss wiederhergestellt. Longshots auf 92. Also mit dem kann man von überall schießen. Toll mit Rullet dem Tackling ausgewichen hier. Jetzt der Druckpass auf Ronaldo im 16er. Und diesmal energisch und gut getimt dazwischen gegangen. Vom Engländer, der für Team Unilad unterwegs ist. Ja, also Brenner dribbelt immer wieder sehr, sehr gut. Weicht damit Gorilla aus. Das ist das enge Dribbling. Der LB-Taste hier auf der Xbox. Beziehungsweise eben mit der L1-Taste auf der Playstation. Müsst ihr mal testen, wenn ihr damit noch nicht so viel Erfahrung gemacht habt. Und auch selbst wenn ihr es gut kennt, Eisvogel zeigt als deutscher Vertreter zum Beispiel, der hier auch mitspielt für das Team Envy, dass dieses Dribbling einen riesen Unterschied machen kann offensiv, weil es eben so schwer zu verteidigen ist. Boah, da war mit dem Dragback eigentlich schon vorbei. Aber man entscheidet sich manchmal auch recht früh für den Skill-Move und ist dann vom Kopf so im Tunnel, dass man da nicht mehr so schnell reagieren kann. Jetzt eine Riesenmöglichkeit hier für Brenner. Da kommt Gorilla wahrscheinlich nicht mehr hinterher. Und Neymar zieht einfach ab. Und der Ball geht durch die Beine von De Gea. Das ist natürlich aus Sicht von Gorilla ein bisschen bitter hier. Aber der Fehler ist vorher passiert. Das muss man in FIFA oft dazu sagen. Man kann am Ende rumheulen, dass der Torhüter dann nicht ordentlich hält. Oder man kann sich selbst kritisieren und sagen, okay, Fehler ist vorher passiert. Und De Gea hat für Gorilla schon einige Dinger rausgefischt jetzt hier in diesem Spiel. Und insofern muss er dann auch das akzeptieren, dass es nicht bei jeder Situation der Fall sein kann. Auch wenn man meinen würde, dass das hier vermeintlich der leichteste Ball war. Ja, der Flachschuss kommt sehr unplatziert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch abgefälscht war im letzten Moment. Sah eigentlich nicht unbedingt so aus. Und jetzt sind es also wieder 2 Tore Rückstand. Und das ist eine Hypothek,
Die will man natürlich seinem Mitspieler nicht hinterlassen. Fürs Rückspiel. Also abgefälscht war der Schuss nicht. Ich habe mir gerade nochmal die Wiederholung angeguckt. Ja. Gorilla aber mit der Möglichkeit und im letzten Moment kommt der Brasilianer hier nochmal dazwischen mit einem Tackling. Ansonsten wäre das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Anschlusstreffer gewesen. Ein Treffer zumindest für Unilat wäre hier nochmal wichtig. Dann hat Shells eine halbwegs passable Ausgangssituation. Der eben zumindest auch mal in Fahrt gekommen ist offensiv. 7 Treffer erzielt hat, nachdem man in den ersten Spielen irgendwie offensiv nicht die richtigen Mittel gefunden hat. Gegen Riptorik, ein sehr starker Spieler aus Polen. Also das macht auf jeden Fall hier aus Sicht von Unilat auch Hoffnung, dass Shells das noch richten kann. Jetzt aber erstmal Gorilla. Auch das ist hier gefährlich, aber einmal mehr wirklich stark verteidigt von Brenner, dem Brasilianer, der hier vielleicht das Spiel seines Lebens gerade macht gegen den amtierenden Weltmeister FIFA. Es ist schon bemerkenswert zu sehen, wie viele junge Talente es inzwischen gibt im FIFA eSports, die hier ihre ersten Turniere spielen und auf absolutem Top-Niveau mithalten können. Und die trotz mangelnder Erfahrung einfach durch ihre Unbekümmertheit, man denke nur an DH-Tags in Barcelona. Ja, und das beschreibt, finde ich, auch wirklich den Spielstil von Brenner sehr gut. Das ist unbekümmert. Das ist einfach mal machen, nicht groß überlegen, nicht so die klaren Automatismen, sondern immer wieder einfach so drauf losspielen, wie man gerade Lust hat. Und man beobachtet auch bei einigen Profispielern, dass die halt so als Newcomer in die Szene kommen und sobald die halt merken, das ist jetzt der Job und so weiter, gefühlt spielen die ein bisschen verkrampfter oder nennen wir es mal vielleicht neutraler, verkopfter, weil sie genau wissen, was alles dahinter hängt. Wir bei Brenner wissen wir jetzt nicht hundertprozentig, wie alt er ist. Ich habe es versucht auch gerade nachzugucken, das werden wir nochmal nachreichen. Ich schätze mal, dass er auch eher jünger ist und das merkt man einfach oft. Die spielen mit großem Spielspaß, die sagen, geil, endlich bin ich bei mal so einem Event dabei und haben nichts zu verlieren. Ganz genau. Boah, Ronaldo mit einem Elastico, der Antritt, Lupfer, Nachschuss oder nach Kopfball vielmehr und dann am Ende klärt Azpilicueta im letzten Moment vor Ronaldo. Das wäre es natürlich gewesen, hier so ein Elastico mit Sprintboost anzusetzen und das Ding dann reinzulupfen. Frech, frech, frech. Ja, also ich sag mal so, das ist hier ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn man auf die Tabelle guckt. Unilat und Arte Virtual FC, beide mit 4 Punkten stand jetzt. Durchaus ein Duell hier um die K.O.-Phase. Die ersten 4 aus den Achtergruppen kommen ja weiter. Und wenn ich Brenner hier spielen sehe, wundere ich mich schon ein bisschen, warum sie in Anführungsstrichen nur 4 Punkte geholt haben. Weil das hier wirklich gerade FIFA auf Weltklasse-Niveau war. Auch am Ende der Elastico nochmal. Alter Schwede, richtig, richtig schönes FIFA. Und so einem würde ich es dann auch gönnen, dass er sich hier über das Event noch die letzten Tickets für die Global Series Playoffs holt, die ja in gut einer Woche dann in Amsterdam stattfinden und hier auch bei Sport1 übertragen werden. Und wir springen rein ins Matchup zwischen Method und dem FC Basel. Benny gegen Cody, der Finisher. Und jetzt sind hier doch mal ein paar Tore gefallen. Allerdings auch eine rote Karte hat es gegeben für den Deutschen. 3:3 der Zwischenstand. Und mit dem Nachtrag geht es jetzt sogar schneller, als ich gedacht hätte. Ich habe nämlich gerade aus der Redaktion oder aus der Regie die Info bekommen, dass Brenner laut Steckbrief 18 ist. Ich hätte ihn sogar noch ein bisschen jünger geschätzt, aber auf jeden Fall ein FIFA-Newcomer auf dem internationalen Parkett, der hier richtig gut aufspielt. Und mit 18 natürlich seine E-Sports-Karriere noch komplett vor sich hat, wenn er denn Lust darauf hat. Ist ja auch, klar, man kann jetzt sagen Traumjob, aber auch nicht der einfachste Job, immer diesen Druck zu haben. Wenn man so möchte, als Spitzensportler. Kann man, finde ich, auch im E-Sport so nennen. Oh, jetzt wird es brenzlig für Cody. De Gea ist dazwischen und kann diesen Ball gerade so noch rauskratzen. Ich hätte sehr gerne gesehen, wie Cody diese 3 Treffer gemacht hat. Ob er einfach offensiver gerade spielt. Das sieht zumindest ein bisschen direkter aus. Jetzt geht er hier mit erneut zur Grundlinie. Aber dann kriegt er den Ball rausgespielt. Unfassbar schlimmer Ballverlust hier von Benny. Sind das die Nerven in der Schlussphase? Dreierkette ist bei ihm drin.
Will hier auf Sieg gehen anscheinend. Du weißt doch auch, wer da schon wieder am Nacken sitzt. Ja, ganz genau. Der Stranger. Da musst du bei Unentschieden die Dreierkette machen, denn du weißt und All-Out-Attack, das wird sonst nichts. Ansonsten, wenn du nicht 2, 3 Tore Vorsprung erspielst, ist es eh vorbei. Cody hat 2-0 geführt, schreibt Markus. Zwischenzeitlich, okay. Das wäre natürlich aus Sicht des Basel-Spielers bitter, wenn er das hierher gegeben hätte. Auf die Frage, welche Controller hier genutzt werden, gehe ich gleich ein. Wir nehmen erstmal noch kurz die Schlussphase mit. Spannend hier gerade. Und Cody scheint einfach auch sich selbst zu sagen, come on, ich will hier nochmal einen Sieg holen. Und wenn der auch noch heiß läuft, gut, dann wird Basel hier wirklich einer der absoluten Top-Favoriten, so wie sie bisher spielen. Hier macht Venny jetzt aber erstmal den 4:3-Treffer. Und damit müsste Stranger gleich schon wieder einen Treffer aufholen. Stark gespielt und dann ist es ein ganz, ganz klassischer Abschluss in FIFA 18. Einfach flach aufs lange Eck. Da lässt sich dann nicht mehr viel machen. Schicke Trikots haben auf jeden Fall hier auch die Jungs von Method. Diese klassischen Icon-Trikots. Ja, also 4:3 Endstand im Hinspiel für den Engländer. Der freut sich. Und trotzdem wird es gleich doch eine große Aufgabe werden für seinen Mitspieler Riptorek. Vielen Dank, Sebastian. Und nochmal kurz zu dem Controller-Thema. Also es ist so, man muss vor dem Event sagen, mit welchem Controller man spielen möchte. Und die meisten modifizierten Controller sind tatsächlich nicht erlaubt zu nutzen. Boah! Was war das denn für ein Treffer von Ryan? Okay, der war abgefälscht. Wow. Shit. Und er weiß selber nicht, was passiert ist. Genauso wenig wie Mickey. Beide so ein bisschen, what? Genau, und man muss den Controller halt vorher zeigen und in der Regel sind es dann normale Controller. Also große SCUF-Controller oder ähnliches sind in der Regel nicht erlaubt. Ja, und Ryan also hier kurz nach der Halbzeit mit dem 2:1 Führungstreffer schön auf den linken Fuß gelegt, um das Ding vorbeizuschieben. Und dann im Anschluss daran auch hier nach kurzer Tüdelei das 3:1 mit R9 machen können. Also Ryan und Boras, die spielen hier wirklich richtig, richtig gut. Ja, sehr überzeugend. Bisher mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Jetzt also die Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen an diesem ersten Turniertag. Und mit 4:1 ist das natürlich eine wunderbare Ausgangsposition dafür. Auch nochmal perfekt gechippt. Also wenn man so nah am Torhüter ist, dann bringt der flache Abschuss meistens nichts mehr. Und deswegen muss man dann lupfen, wenn man das so gut getimt macht. Geht der Ball rein. Und hier sehen wir höchstwahrscheinlich Tots Aguero auch mal wieder, wie er einen schönen Treffer erzielt. Also mittlerweile, das kann man nicht oft genug sagen, durch die Team of the Season Karten eine echt breite Auswahl, breites Repertoire an Möglichkeiten auf den verschiedenen Positionen. Und ich finde, das lockert hier das Ganze auch ein bisschen auf, dass man mal wieder verschiedene Spieler sieht, verschiedene Spielertypen dadurch letztendlich auch. Und hier fällt ein schöner Treffer nach dem anderen. Oh, boah, geiles Dribbling auch. Einmal ganz kurz die Slalomstangen aussteigen lassen sozusagen. Und Ryan war immer noch hungrig. Sogar noch das 7:2. Eieieiei. Und die Suarez-Tore erinnern mich doch so ein bisschen an die FIFA 17 Season, wo der Team of the Year an seinem Höhepunkt war. Bei den großen Events am Ende. Da wurde eigentlich durchgehend gespielt. Und ich denke, dieses Potenzial hat auch die Tots-Karte. Da werden sich die Pros sicherlich nach dem Event auch nochmal weiter in Ruhe mit auseinandersetzen. Scherz spielt übrigens zweimal. Hat sich gesagt, Gorilla wird ausgesubbt. Ich übernehme jetzt. Boost des Selbstbewusstseins. Das ging hier recht schnell. Ja. Also das Rückspiel wird Charles natürlich spielen jetzt hier. Nachdem wir eben Gorilla gesehen haben. Und wie gesagt, wir haben keinen Einfluss auf die Regie, also auf das, was wir hier an Spielen angeliefert bekommen. Wir kommentieren einfach drüber. Aber dadurch, dass wir eben schon das Hinspiel hatten, denke ich mal, dass wir gleich auch das Rückspiel weitersehen werden. Hier sehen wir jetzt aber erstmal nochmal die Tabelle und Hashtag United, die spielen mal so richtig stark auf. Ist sogar die Blitztabelle tatsächlich gerade. Ja, Asset Stands. Das wären also 15 Punkte für Hashtag, was wirklich überragend wäre. Und mit 5 Toren Vorsprung für Boras habe ich auch nicht das Gefühl, dass er sich das noch nehmen lässt. Aber auch für Schalke noch alles drin. Und hier haben wir ihn jetzt. Unilat Charles gegen den anderen Brasilianer.
PH Freitas oder PH Freitas. Ich weiß nicht, wie man es auf Brasilianisch oder Portugiesisch genau richtig ausspricht. Aber auch auf den bin ich jetzt mal gespannt. Genauso wie sein Kollege hier, ein Newcomer im internationalen Bereich. Ja, und für Scherz ist das eine große Aufgabe hier, 2 Tore wettzumachen. Erste Chance ist schon mal da und De Gea muss sich strecken. Kurze Eckball-Variante, da steht Azpilicueta, jetzt Ronaldo, Gullit will den nochmal weiterleiten, Ball bleibt in den eigenen Reihen, Marcelo steigt da tüchtig ein, aber R9 lässt sich nicht fallen. Ich habe da auch schon den Elfer kommen sehen. Ja. Aber in letzter Sekunde hat Marcelo auch irgendwie noch zurückgezogen und nicht da komplett alles umgesetzt von hinten. Nächste Ecke für Schelz, der hier direkt mal das Tempo vorgibt. Vielleicht jetzt die Möglichkeit für eine hohe Flanke auf den zweiten Pfosten. Versucht er auch, aber auch die kommt nicht so richtig präzise. Heute haben wir schon einige Flanken gesehen, die irgendwie nicht so sauber kommen auf den zweiten Pfosten. Eigentlich ein Mittel, was sich in FIFA 18 etabliert hat. Dass man die Flankentaste sehr lange drückt mit dem Modifikator L1 bzw. LB. Dann segelt sie entsprechend hoch rein und dann häufig auf den zweiten Pfosten. Jetzt sehen wir mal Freitas hier in seinem ersten Angriff wahrscheinlich. Lässt sich ein bisschen Zeit. Und geht jetzt hier über die Außen, über CR7. Nimmt wieder Henri ist es, glaube ich, mit. Aber Schelz kann das Ganze hier erstmal unterbinden. Und jetzt sieht man auf dem Radar oben, hat er ganz viel Raum, kann den Pass spielen. Also da immer im Aufbauspiel kurz den Blick aufs Radar, kriegt man eine Übersicht für Spieler, die man im Bildausschnitt nicht erkennt. Und das sieht jetzt vielversprechend aus. Ein weiter, richtig stark gespielt von Schelz. Und damit ist es nur noch ein Treffer hier aus Sicht von Unilad. Und bisher macht Schelz auf mich einen guten Eindruck. Ja, das wirkt sehr fokussiert und auch trotzdem kreativ vorne. Hat das gut ausgespielt, in die Mitte gecuttet vom rechten Flügel und dann der Druckpass. Das haben wir heute auch schon häufiger gesehen, die Variante. Von der Seite ins Zentrum hinein, eben druckvoll gespielt mit der 1 bzw. RB und der Passtaste, um dem Gegner keine Zeit zu lassen, da irgendwas zuzulaufen und das Tempo im Angriff hochzuhalten. Ja, und auch für Unilad ist das auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Ich gucke noch mal kurz in die Tabelle. Die haben ja auch gerade erst 4 Punkte. Und dementsprechend müssen sie hier nach wie vor alles geben, um in die Top 4 zu kommen. Um dann morgen auch in den Playoffs noch dabei zu sein, beziehungsweise in der K.O.-Phase. Und insgesamt 4 Spots gibt es hier noch zu holen für die Global Series Playoffs, die dann in gut einer Woche in Amsterdam stattfinden. Wie das genau verteilt wird, wenn Spieler weiterkommen, die ihr Ticket schon haben, das erklären wir morgen nochmal. Hier erstmal Schelz jetzt mit dem 3:3 insgesamt. Kann also auch 2:0 erhöhen. Ja, das war wiederum gut gespielt. Am Ende natürlich auch ein bisschen Glück involviert, dass er hier den Nachsetzer kriegt. Davor kann der Ball schon reingehen. Anstelle dieses Lattentreffers. Und da wird jetzt also auch umgestellt nach diesen 2 schnellen Gegentoren. Erstmal stabilisiert soll das Ganze hier werden von Freitas. Geht auf das 4-2-3-1 breit. Eine sehr, sehr defensive, vielleicht die defensivste Viererkette. Ja, eine Punkteteilung würde beide Unilad und Arte Virtual FC so in der Verfolgerrolle lassen. Also so richtig viel davon kaufen kann sich beide nicht, aber es würde sie noch im Spiel halten. Also das wäre auf keinen Fall das Ende hier im Turnier. Sondern beide hätten dann morgen, wenn die letzten beiden Spiele der Gruppenphase gespielt werden, noch alles selbst in der Hand. Sieht man es nochmal. Ist natürlich auch mal mit ein bisschen Glück verbunden, dass so ein zweiter Ball dann perfekt vor die Füße, in dem Fall von CR7, fällt. Und hier sieht man jetzt mal die TOTS-Karte, die sogar zu einem zentral offensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert wurde. Da kann man ja die Positionswechselkarten einstellen und dann kann man immer sozusagen vertikal die Position durchwechseln. Also man kann aus dem Stürmer auch einen zentral offensiven oder einen zentralen Mittelfeldspieler machen. Man kann ihn aber nicht zu einem Spieler außen machen. Deswegen ist dieser Position Change so wichtig gewesen von der Team of the Year zur Team of the Season Karte. Bin mir auch ziemlich sicher, dass nächste Saison die normale Ronaldo-Karte ein Stürmer sein wird.
was auf jeden Fall interessante neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, also man muss wirklich sagen, er ist ein Stürmer mittlerweile. Ja. Das ist eigentlich allgemein bekannt, so ziemlich die meisten seiner Spezialkarten sind auf der Stürmerposition. Ja, auch letztes Jahr eigentlich schon, auch in FIFA 16 wahrscheinlich effektiv. Aber aus irgendwelchen Gründen kriegt er erstmal noch eine Flügelkarte. Boah, starker Move mit Son dort. Also langsam findet Chelsea seinen Flow. Das klingt echt verrückt nach, weiß ich nicht, wie viele Stunden kommentieren. Ich habe es Georg eben schon in unserer Pause gesagt. Ich bekomme direkt Bock, wenn ich das sehe, selber noch zu zocken. Es ist einfach immer wieder faszinierend zu sehen, auf was für einem Niveau sich die Spieler hier bewegen. Und auch nach so einem langen Tag, wie kreativ sie sind und wie abgeklärt sie letztendlich spielen. Ja, Freitags versucht jetzt mal so ein bisschen den Ballbesitz zu forcieren, mit ein paar Pässen vielleicht seinen Rhythmus mal wieder zu finden und sich Sicherheit zurückzubringen. Und dann geht es allmählich nach vorne. Über Mo Salah, gut über Ronaldo weitergesteckt. Und auch das wäre vielleicht nochmal ein Spot gewesen für die hohe Flanke auf dem zweiten Pfosten, auch wenn das von da ein bisschen komisch aussieht. Häufig ist das eine gute Möglichkeit, wenn am zweiten Pfosten jemand steht, weil er von da noch reinlaufen kann, der Stürmer am zweiten Pfosten, und dann entsprechend gut hochsteigen kann und schwungvoll in den Kopfball reingeht. Ja, Shells hat auf jeden Fall die Spielkontrolle. Lässt hinten wenig anbrennen. Starker Pass jetzt hier. Mal hoch die Seite verlagert, und zwar recht nah schon am Strafraum. Aber Shells macht das defensiv gut gerade. Bleibt sehr abwartend, lässt außen erstmal soweit alles passieren. Aber sobald es dann in Richtung der gefährlichen Spots geht, ist er zur Stelle. Und jetzt ist oben wieder Überzahl. Son kriegt den Ball, aber kann ihn nicht mehr ganz kontrollieren. Damit bleibt er also weiterhin beim 3:3 Unentschieden, kurz vor der Halbzeitpause. Vielleicht aber nochmal eine Chance. Nein, sehr gut stark aktiv verteidigt. Ja. Schön den Innenverteidiger früh angewählt. Diesen Pass antizipiert und rausgelaufen, und hier sieht man es also. Ganz und dann klare auch direkt Angelegenheit. geklärt. Also das ist auch noch wichtig, dass er da nicht kopflos den Ball nach vorne mitnimmt, sondern direkt mal zum Torhüter zurückspielt. Diese Schnelligkeit, auch eine Situation erfolgreich zu safen, wenn man sie unterbunden hat, ist genauso wichtig wie die eigentliche Antizipation. Und derweil Stranger mit den Stranger Things hier macht einfach wieder den Ausgleichstreffer. Rhetorik erfreut das natürlich nicht. Cody ist auch nur so, ja gut, das ist ja wieder der Treffer. Aber bisher nur einer gefallen, also da ist noch Arbeit zu tun in der zweiten Halbzeit. Schalke führt mit 6:5 insgesamt. Also auch für die wären das natürlich weitere wichtige Punkte. Brian, ich glaube, manchmal hört man bei uns im Hintergrund die englischen Kommentatoren noch. Wir haben die eigentlich rausgepegelt, weil wir bekommen das so angeliefert, wie der Stream einfach international auch rausgeht. So, Freitags macht das hier gut und ruhig. Ein bisschen im Handballspiel. Schaut, wann er die Lücke findet. Aber auf der anderen Seite zeichnet sich hier so ein Bild ab. Shells immer wieder kräftig am Verteidigen. Also da haben wir auch eben nochmal die Info bekommen aus der Regie, dass vor Ort es natürlich die Mikrofone, die für die Atmosphäre zuständig sind, gibt. Und manchmal sind die Kommentatoren da bei einigen Stationen näher dran, manchmal ein bisschen weiter weg, und je nachdem sind sie dann teilweise im Signal auch etwas zu hören im Hintergrund.
Aber ich hoffe, wir sind laut genug und kommentieren auch genügend, um das hier am Ende zu übertönen. Die nächste Chance für Scherz, hier potenziell 3 Punkte klar zu machen. Jetzt hört man sehr schön auch mal die Fans im FIFA-Spiel. Das sind so Kleinigkeiten, die aber atmosphärisch echt Laune machen und gut gemacht sind. Die verschiedenen Fangesänge. Ja, gerade wenn du Premier League Matchups spielst, da ist echt schon tolle Atmosphäre mit Original Fangesängen auch dabei. Schelz lässt weiterhin den Ball gut laufen. Und ein kurzes Update aus dem Spiel, was hier gerade zwischen ECV eSports und Schalke eSports stattfindet. Da sieht es ganz gut aus. Tim Latka konnte das erste Spiel 4:3 gewinnen und Ideals führt hier jetzt gerade auch 3:2. Das wäre ein wichtiger Dreier für Schalke, die ja bisher erst 3 Punkte aus den 4 Spielen holen konnten. Mit 6 Punkten sehe das Ganze hier schon wieder ein bisschen entspannter mit Blick auf die letzten beiden Matchups morgen aus. Gerade auch die ein oder andere Annäherung hier von Freitasch. Ja, das sieht eigentlich Strafraum schon länger so aus jetzt, finde ich. Nur Schelz verteidigt das einfach immer wieder gut. Beziehungsweise der letzte Pass. Der ist dann oft auch nicht so perfekt getimed. Auch hier ist Maresch jetzt mittlerweile wieder in der Partie, die Totzkarte. Wieder ein guter Sport. CR7, Dragback, Flachschuss angesetzt, aber da hat der Winkel, die Ausrichtung nicht so ganz gestimmt. Jetzt nochmal den Ball erobert. Scherz bisschen unsauber im Rausspielen. Boah, starker Ball hier in der Spieleröffnung. Das war dann gut gemacht, um die Kontrolle zu gewinnen. Allerdings danach etwas überhastet den Weg nach vorne gesucht. Gerade tut er sich immer schwerer, den Ball über die Mittellinie zu tragen. Gerät zunehmend auch defensiv unter Druck. Jetzt ist die Chance da zum Ausgleich. Beziehungsweise zur erneuten Führung natürlich. Für den Brasilianer. Der hier im 4-2-3-1 breit seine Stabilität gefunden hat. Vielleicht hätte es was geändert, wenn er von Anfang an in dieser eher haltenden Formation angetreten wäre. Scherz, der bleibt bei der Dreierkette. Ja, das ist schon interessant zu sehen, wie er mit der Dreierkette immer wieder im letzten Moment noch voll da ist. Wo man ja denken könnte, dass ein Abwehrspieler fehlt. Aber dieses Versetzte, dass erst eine Abwehrreihe sozusagen hinten drin steht und dann nochmal die Dreierkette, ist vielleicht auch ein bisschen so wie so eine Libero-Strategie. Wir sehen es im Chat. Tor für Stranger, 5:4. Der hat einmal mehr das Spiel gedreht hier. Eckball jetzt. So ist geklärt. Ferdinand bekommt den zweiten Ball. Neymar, aber da fehlt ein bisschen der Mut, mal einen offensiven Skillmove einzusetzen. Ronaldo kriegt den Ball am 16er. Reingespielt. Neymar, Ramos. Gerade so mit der ausreichenden Ballkontrolle.
Nochmal eine Druckphase für Shells. Eckball nach dieser Abschlusschance. Son jetzt im Strafraum. Wieder der Schlenzerversuch, abgeblockt. Dritter Anlauf. Son, Hullet. Wieder zurück. Oh, es wird eng. Aber nochmal Glück gehabt. Im Hintergrund hat man auch die Reaktion gesehen von Gorilla. Der weiß natürlich ganz genau, dass aus solchen Situationen schnell mal ein Tor entstehen kann. In der Mitte überläuft Kanté, entscheidet sich aber nochmal zurückzuspielen. Will jetzt vielleicht den letzten Angriff in den eigenen Reihen behalten, um hier möglicherweise den letzten alles entscheidenden Treffer zu machen und 3 Punkte mitzunehmen. Hullet geht jetzt in Richtung Strafraum, nochmal auf die Außen. Walker, das ist ein bisschen glücklich, aber er bleibt am Ball. Kanté, nein, Pelé ist es tatsächlich. Ganz unten Neymar, vielleicht im Flankenspot, Schusstäuschung in den Stand, überlegt jetzt, was er macht. Erstmal der Dragback, ein bisschen rausgedreht, weitergeleitet. Jetzt muss er den Weg finden und das wird wohl den Abpfiff geben und so ist es auch. 3:3 geht das Ganze hier aus nach Hin- und Rückspiel. Shells mit einer wirklich starken Partie, aber es reicht nicht ganz, um 3 Punkte mitzunehmen und dadurch bleiben also hier beide, sowohl Arte Virtual FC eSports als auch Unilad in der Verfolgerrolle. Und hier bekommt man direkt mal einen Vorgeschmack für morgen. Sollte es nämlich nach dem Hinspiel zum Beispiel 2:0 stehen und dann nach dem Rückspiel auch nochmal ein 2:0 geben, steht es ja in der Differenz 2:2. Und weil vorher das Hinspielergebnis im Spiel eingetragen wird, weiß der eSports-Modus in dem Fall, dass es da ein Unentschieden gibt und bietet an, direkt die Verlängerung zu spielen. Also das ist ja nur in dem eSports-Modus möglich und eine sehr coole Veränderung. Und hier haben wir jetzt nochmal die abschließende Tabelle heute von Tag 1 aus Gruppe A. Hashtag spielt richtig stark auf. Basel mit Stranger unaufhaltsam, oder Stranger vielmehr unaufhaltsam, aber auch Cody am Ende immer besser reingekommen. Method an Position 3, BO eSports an 4 und auch Schalke konnte gerade endlich mal einen ganz wichtigen Dreier einfahren. Für Unilad und Arte Virtual FC war die Punkteteilung gerade nicht so sonderlich wertvoll, weil beide bei insgesamt 5 Punkten verharren, aber auch da ist noch alles möglich. Also gerade Positionen 3, 4 sind noch recht offen. Basel und Hashtag konnten sich schon ein Stück weit absetzen. Und die Nachrücker aus Holland, AFC eSports, bei denen läuft es nicht ganz so rund. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf Gruppe B eben gehabt. Team Envy mit Eisvogel, unserem deutschen Vertreter, dem Vizemeister der ESL-Meisterschaft. Auch sehr gut unterwegs, noch ungeschlagen. Dahinter dann Falcons eSport mit 12 Punkten, die Mkers und in der Verfolgerrolle dann noch der VfL Bochum. Also man hat gerade gesehen, mit Envy haben wir natürlich auch nochmal einen deutschen Vertreter, Eisvogel, der hier richtig gut aufspielt. Auch das kann man sicherlich für den heutigen Tag festhalten, neben dieser unglaublich starken Vorstellung von Stranger für Basel. Und ja, ansonsten nochmal der Hinweis, wenn ihr noch ein paar Infos nachlesen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal Sport1/eSports aus oder auch den Twitter-Kanal von Sport1 eSports. Gleicher Name, einfach Sport1 eSports bei Twitter eingeben. Es wird hier gerade aber auch vom Nightbot nochmal verlinkt. Ansonsten der Blick auf den morgigen finalen Tag. Da werden wir in Gruppe A und Gruppe B die jeweils letzten 2 Runden hier für euch zeigen. Das Ganze geht morgen ab 10 Uhr los. Ab 12 Uhr sind wir wieder mit dem deutschen Kommentar für euch von der Partie. Und jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch einfach noch einen schönen Abend. Schönes DFB-Pokalfinale. Hat wieder viel Spaß gemacht und entsprechend würde es uns freuen, wenn ihr auch morgen am Start seid. Macht's gut. Bis dahin. 10 a.m. Paris time tomorrow for the final day of the eClub World Cup. Thanks for joining us today and we'll see you again tomorrow.